Welcome to one of the most insane days of Warcraft in a long time. We got a long stream ahead of us, everybody, to celebrate the beautiful game of Warcraft 3 with the best competition around the planet. This is Don't Force Me Cup. This is the warm-up stage. We're in the group stage of a $28,000 tournament where the winner goes home with 15,000 buckos. That's a hell of a lot. Today, not only do we have Don't Force Me Cup, we got Don't Force Me Cup with the Group of Death, Fortitude, Starbuck, Labyrinth, and Moon. Holy shit, what a group this is, guys. I'm so freaking hyped for this. I saw the group stage. I went, oh my god. And I was oh my godding pretty much the entire time since the group drawing a couple of days ago. And afterwards, in around about 5 hours. DACH Inferno Grand Final. 3 best of 5s today for the first day to crown the new German champion. Or the old German champion. We'll see about that. We got Leon in trying to defend the title. We got Franzyzz in challenging for that title alongside Toxi and Teddster. It's gonna be fantastic. The first game already is an absolute banger in Fortitude versus Starbuck, but we have to recap a little bit what happened yesterday, right? For the folks who weren't around. Why weren't you around? What a game it was, man. What a game it was. What a day it was. We're here in the Don't Force Me Cup. This is a sponsored tournament by Boss T and High Toon Toon, bringing us all the best players in the world together in the 16-player competition. 40 Infi Sock, Lin Focus, Fly, Ice Orc, Soin was in, is no more. 1-0 Happy and Labyrinth, Kaho, Lawlight, Moon, Life, and Starbuck, of course. So Group A will be played on Monday. Group B was played yesterday. And this was the big one. Happy versus Life. The first game was pretty much exactly like you would expect it. Pretty Happy dominated there on Turtle Rock. Autumn Leaves was a killer. An absolute banger game by Life, showing his real strength. And then Hammerfall, everybody. Life was in such a wonderful position. He was ready to win the game. He was ready to be the chosen one. He was ready to be the first to defeat Happy in 10 months in this matchup. And then he engages into the fight. Everything is a mess. He doesn't staff the Demon Hunter. He doesn't buy an Invuln. He staffs a bear instead. Loses the Demon Hunter and everything is over. What a shame. What a shame. Life was able to make it through the lower bracket. Infi was in there as well, defeating Soin. Soin, 2 map wins, so he didn't go out empty-handed. Infi looked either super strong or very uninspired. Like, between the two, there wasn't much, to be honest. And Life made it through. The 2 best players made it through, let's be honest. So the Orc and Lawlight group on Monday, as we said today, this is it. Fortitude, Starbuck, Labby, and Moon. Who's even the favorite here? It's Fortitude. Okay, let's be honest. This is a tier 1 tournament. This is the grandest stage of Warcraft at the moment. And whenever there is a tier 1 tournament, whether it's offline in Dubai or Dortmund, or whether it's online with the Dolphin Championship or with the Don't Force Me Cup, 40 is the guy to beat. Similar to the Dolphin Cup, he is now the reigning and defending championship holder. Can he win 6 in a row, dude? That'd be insane. He needs a good day 1. This feels like Final 4 already, to be honest, with Labyrinth and Moon in the mix. Never underestimate Starbuck. 2 back-to-back B Cup finals. In the Dolphin Cup, unfortunately, he didn't perform that well. We can take a look. Dolphin
Warcraft Championship 2. Starbuck there was bested by the Griffins. And then by Happy. It's a top 6 finish. It's great. It's Happy in your bracket. What can you do? What can you do? Well, win, I guess, but you know what I'm saying. So Starbuck on a redemption arc. Also, Labyrinth on a redemption arc. He is playing out of his mind at the moment. And we said that before the Dolphin Cup as well. And in these playoffs, like, I see 2 undeads, but where's Labby? Oh yeah, he was eliminated here by 1-0. First round. That must have been one of the bigger disappointments of Labby's pro Warcraft career. Because he's playing so much better than top 16. He's easily top 8. Probably top 6. And then whenever there's a Warcraft tournament, you gotta ask yourself, what is Moon able to do? Because Moon is flying under the radar a bit. But he's performing really well, I gotta say. My heart will break that 2 of these 4 amazing players will be eliminated today. They should all be in the playoffs. But these brackets are freaking brutal. Thank you guys for the subs. Thank you, Lemes, for the 38-month buff belly rifle. Lieutenant Frank Drabin for the 57. Let's go. Arthur's Ninetail for the 3 years. 3 whole years already? Yes, 3 wholesome years, hopefully. People are cheering for Moon here. Good to see. This is also incredibly important for the seeding. Let's not forget about that. We're 4 minutes away from the game starting. Yo, Zdenko, thank you for the 20 euros, dude. Are you kidding me? 20 euro super chat. Hey, Neo, and good luck to all today. Do you know how rare it is that we get like any sort of support on YouTube and you come in throwing in the 20? Legend Zdenko, my man. Thank you so much. Well, let's take a look at these seedings, because this is Group C, right? Happy was Group B. So if you win Group C, you're dodging Happy, and you don't face your opponent from this group, which will then be C2. And you might also dodge the strongest orc if we just abstracted the strong orc will win this group. And that could very well be Lin. So there is a chance we end up with 1/2 of the bracket that has Lin, Fortitude, Happy, and 1-2-0. That's mental. That's completely crazy. So winning this group is so important. You'll still be up against a strong orc or a Lawliot, which is not an easy round 1. But hey, it's playoffs, right? Skibby! Stop! Stop it! You're addicted! Oh my god, dude. 10 gifted subs after... How many was that yesterday? I can't even. 650 in the channel. Always around. Always good vibes. Always supporting. Even supporting in Discords and spreading the links to our merchandise. That's the level of dedication we get from Skimmy. And that is the appropriate amount of hype for this very day. But a match... A match like this requires a co-caster that is near and dear to my heart. That is Mr. Apeman. And Mr. Apeman wants to have a new technology today. A collab stream here on Twitch. I got no clue how that works, to be honest. But we'll figure this out together. So, Soul Apeman. How do I do this? Knock. Ah, there he is, the ape, the myth, the legend, Mr. Apeman. Welcome, welcome. Hello? I don't hear you right now.
Stealth Trade, thank you for the Prime. Yep. All right. Mr. 8man, you hear me, I think. I will knock. And then maybe... Hello. Ah, Mr. 8man, there you are. Hello. Welcome. Welcome everybody. My name is Sol Apen. Thank you, Mr. Neo, for this opportunity to cast, because we know that today we are going to see if Fortitude is a Pala Rifle player after Orc versus Orc after all, because there is no more strategy hiding in Group C on Don't Force Me Cup. We need the best performance, right? Because if Fortitude is going to lose to Starbuck like twice or something, he's going to be eliminated. No $15,000 for him, so no more strategy hiding. Exactly. So this will be the best of the best of the best. Do you have a favorite who will make it through? Like, you sound like for you it's a foregone conclusion that Fortitude and Starbuck are advancing here. This is like, can you name a better group? Maybe you can put Happy there, but then, you know, somebody will be eliminated. We have 4 different races. We have, of course, Fortitude with Human, Starbuck as a multiple race player, but he's going to play Orc, most likely, Labyrinth, and Moon. Everybody loves to watch Moon, right? Moon. Everybody remembers. It is wonderful. And the games were supposed to start in a bit. But Mr. 8man, did we do the collab setting correctly? This is my first time collabing on Twitch with anyone. Well, thank you for this as well. And this is, I'm not collabing often as well, because I'm a shy human being. So I don't know exactly, but let me check. Maybe I can do something in this regard. But yes, ladies and gentlemen, yes, the games are going to be on Flow TV, probably. We know that Starbuck is not playing on KK platform. He doesn't like the ping, and he's playing on Warcraft Champions. And, you know, Happy is grinding BNet, and he's amazing. So maybe it's the same with Mr. Starbuck. Hopefully. He is facing the strongest opponent possible that you can have in a big Warcraft tournament. I'd say in a regular Warcraft tournament that is not the highest stakes, it's probably going to be Happy that is... most scary. But Fortitude, he has now won both Dubai events, Rara Land, both Dolphin Cups, and the last Don't Force Me Cups. This guy is just winning it all. This is very true, and you know, this is his time to shine. This is the biggest tournament for now, definitely with the biggest prize money, and he's very serious. Today in the morning, I was watching Fortitude, and he was playing Pala Rifle versus Focus in like some kind of a custom game. I think it wasn't ladder. He won versus Focus on Hammerfall. So it was looking pretty good, Neo. It was looking pretty good, and Focus was playing, you know, what he should, basically. So yes, I can't wait for it, actually. Did Focus play Spirit Walkers? Yes, Focus play what he should play, but you know what Fortitude did? He went into Fortitude mode, this boss mode. So basically, he imagined that he was harassing with Paladin level 1, half HP, no mana almost, but he was still harassing the Panda. And he did not let Focus creep like any camp, basically, in the middle. So he showed him who is the boss, basically. Sounds Even good. though that he was very little, like no militia, just some rifles, just Paladin level 1. But he said, you are not going to creep, not in my game. Alrighty, sounds good. Then, of course, we have to talk about Labyrinth. It's very hard to say this, Mr. 8man, but I think Labyrinth is currently the second best undead in the world and not 1-2-0. Well, from my observations, I don't see that many games of 1-0, right? So hard for me to say, actually, like what is going on with him. Definitely, he's in those lobbies, right? When you like see who is watching the game on Flow TV, who is in those like when there's a big tournament game. Usually 1-0 is in the lobby, right? So he's watching himself. So definitely he has big interest into Warcraft 3, but also what I would like to tell you, Mr. Neo, that Labyrinth is a professional gamer, right? He's playing every day, he's watching those games himself, like he's very professional in my opinion. So definitely he's putting the effort, so maybe we see the fruits of this effort. Hopefully. Mr. 8man, I just realized that I made
one of the biggest mistakes that I can do as a caster. I forgot my coffee in the kitchen. Could you bridge 1 minute and tell the people anything? Okay, so ladies and gentlemen, today, again, we are going to see if 8 nerfs to Pala Rifle was enough, basically, because we have the best Pala Rifle executor, Mr. Fortitude with micro, with those mid-game decisions. Like, Fortitude, as a Pala Rifle player, he's breaking the Pala Rifle University rules, and he has success with it, right? He's going very late for the Gryphons. I saw him like playing Firelord third to like destroy like Tauren corpses, you know, with Incinerate. You like don't let Spirit Walkers like to revive. But his opponent didn't play any Spirit Walkers. It was just playing mass Taurens with Headhunters. And even though he invested into this technology that he completely didn't need, it still worked because he has an amazing micro. So basically, people say that Undead is not that strong, but Hep is the chosen one, and he can do crazy things with Coil Nova and with things like that. Now, after 8 nerfs, Pala Rifle is much harder to play, much harder to execute. But Fortitude, maybe he is happy of the Pala Rifle University. He can do crazy things with it. So, again, this is a huge tournament. This is a double elimination group if he gets eliminated by Starbuck. And he also doesn't like to go to the lower, like this lower bracket, right? So definitely he'll play his best. And if he still believes that Pala Rifle is good, it's going to be a nice surprise for me. Because yes, the nerfs were kind of hard. What we can say about Starbuck, Starbuck is like the hybrid. He knows how Pala Rifle players play. He knows how Fortitude plays. And he's also an amazing orc, so he knows every single weakness of the Pala Rifle. He knows the timings. So this is going to be peak Warcraft, and that's why I'm here, because it's like, you know, another game the defining moment in Warcraft 3 history. Maybe it's not the final yet, but definitely Starbuck versus Fortitude is the biggest Pala Rifle test in this matchup, Orc versus Human, that we can get. Mr. Neo, do you have your coffee? Yes, I do. And I have some statistics as well, because, of course, Fortitude and Starbuck faced each other a couple of times, but this is the first time they play on this patch, and the game is going to be live in 50 seconds, so let's go into this. Historically, Fortitude has won 7 matches out of 10, so a clean 70% win rate. They say never do math on stream, but I can do that on the fly, easy peasy. The last 2 encounters were a 3-2 in favor of Fortitude, and then a 3-2 in favor of Starbuck. So they trade wins. It's always super close. And I expect nothing but that here today as well. Easier bracket. You really want this win. You really want to win the group as well, because that means you can't face Happy in the bracket. And that is probably pretty damn important. The game is live on Flow TV, Mr. 8-Man. Let's click the button. Let's sync up. Let's watch some phenomenal group stage of the Don't Force Me Cup. It is the big bout machine in Fortitude versus the best player in the West. That is Dr. Bucky. Let's go, let's go, let's go. Yes, the first map is going to be Autumn Leaves. Interesting map, and Mr. Neo, I don't see any altar, so it's going to be the slow paladin build by Fortitude. Just, you know, in advance, I'm speeding up to have no delay, and Starbuck is playing his standard build on the top right as a yellow orc. Starbuck with his beautiful orc. So, what I can tell you about Autumn Leaves, you know, in the past, Orc players, they were trying to lame and expand. And Autumn Leaves was one of those maps that Pala Rifle players didn't like, really. Because you can expand on 2 spots at the same time, actually, in the mid-game, right? Because usually you creep your easier natural, then you creep your this corner expansion. And I have seen games when Orcs were trying to expand on both spots, right? So there is a lot of mind games and stuff like that. But these days, we don't see any expansions, because the modern anti-Pala Rifle technology is to play tier 3 1 base with a high-level panda. So maybe that's why we see Fortitude at the first map, Autumn Leaves for the first map, because Fortitude is not really scared of those hidden expansions. All right, let's see if you're right. We get a bit of support in. Thank you, Alex Merck with the €5. Shout out to 8-Man.
aka should I call you Mister? Let's go, let's go, let's go. We have a Farseer, of course. Starbuck always on the forefront when it comes to orc solutions versus the Peli rifle. Starbuck has seen this. Starbuck has also seen the Asian adjustment, that after half a year they're finally following in the European footsteps and find some success with it. So now a little bit more creep heavy, or rifle heavy rather, because Starbuck has played against Infi last week, right? Was it B Cup? I think. No, was it Infi? PH. TH, exactly. And TH was never able to leave his base. So Fortitude must have seen this probably and think, okay, I might need a little bit more stability in my early game. Yeah, about that, look at this. He is just going deep into defensive mode. Farseer is looking for some action, and yes, Professor Lemme's rules are still with us. You fight outside of your base when you have 3 rifles. Before 3 rifles, you try to play as defensively as possible. You want to use as little militia uptime as possible, and so far the early game looks solid for Fortitude. And again, I don't know how Fortitude usually does it, but he has this magical micro basically. So far the game is still early. Starbuck has the first headhunter, and let me tell you, he will be annoying as much as possible. But look at this, Fortitude is so good with this militia pulls. He exactly knows when to do it, and look at this, quite early tech, and we have 3 rifles now, and now Fortitude can leave his base. And that's exactly the timing. One rifle is hurting a little bit, but same can be said for the Headhunter. You don't want to lose too much HP on the orc units, so you don't need a shop in the mid game and can accelerate second hero, third hero, and reach the dangerous stages as early as possible. So at max you might need a troll regen upgrade, which comes in a little cheaper. But yeah, so far both players operating on the highest level, no peasants killed, not even much damage on the rifle. Yeah, that looks very good, right? So Fortitude is very patient, and the important factor in this matchup is you can follow mana of the players. Usually, if you are a bad player like me, your mana is almost not existing at this point, you know, because you took some bad trades, you were out of position. But look at Fortitude. It's like, is he like cheating, Kappa? How he can keep his mana on full? So like Starbuck is not dealing enough damage now. So I really like the early game from Fortitude. Now he's using a lot of militia, so you can argue that the lumber is a little bit limited. But again, +1 is on the way. Farm number 4 is ready, so he's producing rifleman number 5. And yes, this is a small detail. Looks, even though he doesn't maybe need it, he pulled the militia to get rid of the wolf to make sure that he's not going to fall behind in HP and that he can still just be present outside of his base. To not get bullied, basically. Exactly, like TH was bullied in the B Cup match. People in my chat are asking, how is it possible that it looks so different? Well, the answer is micro, because this is all about micro if you have a clean execution. Starbuck with 2 hurt headhunters on Fortitude side, everything still looks green, even though Starbuck is playing the orcs. And tier 2 is finished. That's the sign for Starbuck to retreat. The Panda is always the second hero these days. And we get some creeping, and also Starbuck pulling the Farseer away for some time, but now goes for harass again after summoning the wolves, who are supposed to help with creep. Okay, look at this. There was one rifle is actually scouting in the middle, and I'm wondering why Fortitude decided to creep the green, right? Because he has the information. He sees that what Starbuck is doing. So now he's going to creep Jack. And as I told you in this game that I saw versus Focus, I think he will be just like, hey Panda, my name is Fortitude, and I'm not allowing you to creep this. Item is already, to creep more, or who knows, maybe it's a different map a little bit. So now he's taking the middle himself. Okay, so he says, okay, I grant you ability to creep, but I'm going to creep maybe faster. I don't know, interesting game. And also, he's breaking another Polar Rifle University rule. He's bought Forest Troll Berserker. Mr. Neo, do you see any rifle in this Troll Berserker hands? Because I don't, and if he doesn't have a rifle, long rifle range, he's not going to upgrade him, so that's weird. That's true, but his damage is very, very high, even though he only has an axe.
that he throws instead of rifles. Weird balancing there, in my opinion, but he's very powerful and can, of course, be healed by Holy Light as well. So nice addition. That, of course, also means he doesn't have to wait for another rifle, but can get the mercenary instantly. Speeds up the army size a little bit. But now, this is why we always advocate for the Farseer to harass. Everything is heard, and soon the regeneration scroll will come in. You can interrupt the healing or delay the healing at the very least. And this is Starbuck not getting that much done, but the Panda's flirting with level 3. Yeah, I would like to, yes, that's a very good point, and probably that's why Fortitude bought double Scroll of Regen, you know, to have one in advance. And Fortitude is doing crazy things. He's scouting constantly with one rifleman, so he kinda knows where Panda is. And now, Mr. Neo, now is the time of like, is Fortitude going to play tier 3, or if he's going to try to do the good old brute force option? And I think we are brute forcing. What does it mean? As we can see in his base, he's not adding any tier 2 units, right? He's not going tier 3. He wants to push. The question is he going to pull militia? Not yet, because his idea is he wants to fight before Taurens, right? But it's not going to be very easy fight. Panda is already on level 3. But yes, Fortitude likes to deal some damage early. Nice mana from the Spirit Walker. And yes, I don't know if Fortitude can finish this game now. It looks a little bit unlikely, because look, the Fire Lord is ready. Okay, let's see if Starbuck is ready. He's always in chat when someone is playing Pally Rifle, and he's always saying, build the Spirit Walker, get the Spirit Walker. And why are you building the Spirit Walker? Because of Spirit Link. You want to distribute the damage, the single target damage of Rifleman as much as possible, and then ideally heal everything up with the heal scroll, but that heal scroll is only available on Fortitude for now. Starbuck not ready yet. He's waiting for the first Tauren, and in maybe 15 seconds, he might be ready. But is that too late? Panda comes forward. Drunken Haste, Breath of Fire, has a mana potion as well. Blood Mage is not eliminating the mana here. Takes a lot of damage, and Soul Burn on the Paladin. Not much to do currently. Where is the Siphon? Oh, only now. That's a bit late. And 40 is losing the first rifle, and maybe getting the Blood Mage. Needs that Holy Light ASAP. Here it is, all restored. Militia getting intercepted. That Walker in ethereal form doesn't do much, but at least it was saved. And that is a very good hold by Starbuck, I'd say. Yeah, the brute force option didn't work. As we can see, one heal scroll was used already, and we have some heavy losses. We lost the 2 rifles and the invul, but look at the Panda. Panda doesn't have that much mana, right? So maybe there is time to go for another wave of attack with another heal scroll. That's why Fortitude is here, close to the shop. He bought actually double heal scroll. So yes, he's not going tier 3. We are not going to see Gryphons. Fortitude wants to trade efficiently. That's his idea. He's like, okay, I traded a little bit, you know, but now I removed your mana and I'm not going tier 3. I'm going to push you with more rifles. And we know that rifles are beautiful. Fortitude is not going for second attack upgrade just yet. He even has the Scroll of Regent, which is amazing. And yes, soon he will have to push, because look, Starbuck is getting stronger and stronger as well. He's healing his Panda, he has some time to recover, and double Tauren Totem setup is going to produce Taurens very rapidly. Starbuck even has the opportunity to bank a little bit on 50 supply, and now he's breaking. Look at this, 59 supply, 2 Taurens in the queue, and Fortitude, I don't know if you have enough time. And Fortitude, are you going to violate another rule of Pala Rifle University? No, he's not creeping. Okay. In my opinion, yes, he should push as he's pushing now. Because, yes, the more Taurens your opponent has, the bigger problem it may be for you. But look at this. He's pushing, attacking at the same time. So, Mr. Neo, this push is fake. Yeah, big distraction. Love to see it. This is certainly something that Starbuck didn't expect. He doesn't have an orb just yet, so the shop is actually important. Peon can't repair. Another Tauren, 2 Tauren at home for a little bit of defense, and Starbuck with the speed scroll is at the ready. We have another Breath of Fire that finally gets rid of the Berserker.
Blood Mage again at 50%. He is not the ideal target because it can be healed that efficiently, but it was the only target for now. Panda is losing tons and tons of mana, but the Soul Burn is shutting it down over and over and over again. Love the army mix by Starbuck. Love the levels. All he needs, the IMO, is the Orb of Lightning, and then he's ready. But does he know that Fortitude is just faking that Breath of Fire was great? Holy Light is on cooldown for 2 more seconds, but Ethereal Form is there to help him out, at least for now, and the Holy Light on top for the big healing. Yeah, that's what we love about Polar Rifle players. The good Polar Rifle players, they can take kiting to another limit, but the same with Starbuck, he can take body blocking to another limit. Like, hey, this Blood Mage is fast, this Blood Mage should go back, but look at this. What Fortitude did, he saved double heal scroll Neo, and he's banking gold for the Gryphon technology switch, but his lumber is a little bit low, right? We know that tier 3, the Gryphon Aviaris, they need a lot of lumber, but look at this, there's a big creepjack here, and can we get something? And again, mana is getting lower and lower. Starbuck is not going to let him get the Enraged Wildkin, I think, or maybe he will actually will. Fortitude is trying to reposition a little bit. I would like to remind everybody that we can get Flute from this camp, if I remember correctly, but it's Build of Quel'Thalas, so it's not that impactful, and I think we will have to teleport out, or maybe not. Fortitude is like, so, teleporting out on pro level. No, I'm going to kite, because that's what Polar Rifle do, the good ones, they kite. Exactly. So we got the double level up for Starbuck from this Null camp. So we have 1 Chain Lightning available. We got the Incinerate available. That's good damage boost. Also, Starbuck saved the Scroll of the Beast for later. But currently, his production worries me a lot. There is... Oh, he saw it now. He saw the tier 3 now. I was about to say there's no Headhunters coming. He knows that Gryphons are on the horizon, and he still goes Walker and Torrent. This should be relatively easy to counter for Fortitude once the Griffins are out. But you said it best, man. There's not a single Griffin Aviary yet. The lumber was low, but the workers, are they going to work now? Not really. So far, this tier 3 does nothing except the counter Firelord. Yeah, and in this game, we have Master Spirit Walker 1. So, Spirit Walker, okay, actually 2. Okay, so the Firelord is going to be good in this case, that, you know, he will disable master ability of Spirit Walkers, the Assessor Spirit. We need to be careful because Bloodwind is out of position. Starbuck teleporting in. Okay, so there is no Gryphons. The only old Staff of Sanctuary used. Yeah, Mr. Fortitude is the king of efficiency, basically. How many... We have 3 heal scrolls, Neo. 3! Yeah. On the human army versus 0. And again, let the kiting begin. And there is no Gryphons. There won't be any Gryphons. There will be just rifles and heal scrolls. And kiting. So this Breath of Fire was amazing, but you said it. There is 3 heal scrolls against it. Torrent can be revived by the Ancestral Spirit, which is ready. Pulverize coming in. Chain Lightning coming in. Starbuck is blasting through the mana at the beginning of the fight, so the Blood Mage can't steal it. Paladin also down at 50%. Where's the Resurrection? I don't think I've seen it. There it is. And the Breath of Fire gets a double kill on Starbuck's side. It's looking really good for the Slovenians so far. He is retreating. He knows that he burned through a lot of his spell force, and now maybe chances for him to go to a shop. He's broke though. I was about to say it is twice as important to see that Fortitude has so many heal scrolls, because Starbuck is the king of shop control usually, but now both stand there empty-handed. Yeah, but I don't see like any follow-up for Fortitude, so that's why he's still being aggressive, right? He brought the militia, he's pulling it back now. And man, the amount of Taurens is healthy. More heal scrolls, right? That's beautiful. Okay, by the way, it's interesting. No Gryphons. Maybe Fortitude is like... He went tier 3 and actually he got Staff of Preservation, right? And the Staff of Preservation is this permanent item, so the longer game goes, the more value you have if you like use it, right? So, like, again, he's going into beautiful, efficient game full of efficiency, but can he be efficient enough versus Taurens? That's my question. Yeah, it is very efficient at the moment because there is no Soul Burn on the Firelord of Fortitude side. He went into Incinerate, and Incinerate makes units explode, and if they explode, they don't leave corpses.
And when there's no corpses, the Tauren can't be revived. Shout out chat for pointing that out. Of course, kind of missed that. And that was the reason why there was no Ancestral Spirit being used here so far. By the way, Dark Ranger used to be bugged because Dark Ranger consumed corpses as well, but if you spam Ancestral Spirit, actually Dark Ranger couldn't counter it. But look at this, the gift for Fortitude, a Wrapped Granite Golem. And he will get it, probably have to teleport out for it, and the TC Aura, no, he can kite even better with the TC Aura, I can't believe it. That is such an amazing find for 40, you saw it, it's a lot about movement, and usually Peli Rifle is super slow, but with the TC Aura, that all changes. The Tauren are marching forward, there's a little bit of a flank by Starbuck coming in as well. Spirit Link, so the unit that is in front will distribute the damage to the units in the back. But yeah, what a gift from the Peli Rifle gods. Panda has no mana, can only go to the shop or to the back for some right clicks. The good thing for Starbuck is there is no Flame Strike. The Banish was very important throughout the game, but it's of course not much damage coming from the Blood Mage. But 40 fights in such a way that there's again a heal scroll in his inventory. Yeah, and the only thing that I can add here, sometimes you watch a sponsored TV broadcast or something, and you see those commercials this broadcast is brought to you by a company or something, and this game is only available in this stage of the game by kiting. This game is sponsored by kiting. Fortitude is behind in supply forever, but he's okay, you will put your Taurens in front, I'm going to run a little bit to the back, I'm going to attack, and repeat, and with my Fire Lord, your Taurens are going to explode. So this game is brought to you by kiting. Wonderful. Yeah, maybe we can get some coupon codes there as well. Starbuck is desperate for levels. He gets level 2 Chain Lightning now, which is nice, but he has no mana available either. Torrent in the forefront, being focused. Speed Scroll to get that Torrent away. Blood Mage in trouble! Holy Light last second! Invo Potion to keep him safe as well, but not having a Mana Potion on the Panda still is an issue. Rifles also saved by the Bell before the Chain Lightning comes in. This is such a lightning-fast adjustment by Fortitude, and the Holy Light at the ready once more. This choke makes it so the Torrent are having a really hard time to engage. The hurt ones to the left-hand side, so they're not targeted by the Fire Lord. I really like that position. Starbuck going for a lot of hero focus. Can that work with the high mana Paladin? He's switching the focus now. Belly down! Yeah, it was very unfortunate, Mr. Neo. We wanted to have this Pally. He had a scroll of teleportation, so you can see that Fortitude is human after all. He can make mistakes. And it's almost almost enough, or maybe it's still enough. I don't know. Paladin is dead without mana. Blood Mage, everything is dying. He's losing so much. 41 supply versus 70. Man, this Paladin. It almost worked. It's almost worked. And look how Starbuck is healing his Taurens. He's killing them in order to revive them in full HP. This is what you get by being a nice Tauren in the Orc army. They kill you. And they bring you back in better shape. It's a good trait. Man, that value graph went off a cliff at the end of that fight. The Tauren and the Pulverize doing so much damage. And now Starbuck is destined to win this first map here on the biggest stage in the biggest tournament against the best performing player in the Tier 1 tournament. That is a sick demonstration of strength by Starbuck with not even his main race. Crazy. So, Fortitude not giving this up just yet. Keeps on creeping, but Starbuck has a different idea. Oftentimes, an expansion is what leads to the downfall of an orc. If you go for it too fast, you don't have the army and you're getting overrun by Peli Rifle. But after a fight like this, a tiny Great Hall seems like a wonderful idea. And the problem with Fortitude is that he has no follow-up. It's only efficient kiting for him. And the problem is, if your opponent is going to expand, he can just sit there and he doesn't need to kite that much. So it's almost worked, Neo. Almost. If he would not lose his Paladin, I think he would have a much bigger chance, right? Because he broke his kiting, his formation, and then
10-20 seconds of a disaster happened when a lot of rifles has fallen. And yes, level ups with Pala Rifle are not that important after we have level 3 Blood Mage, right? Because Paladin level 5 is okay, but it's not crazy, so he needs to do something amazing, but supply doesn't lie. Look at this, 50 supply versus 74, and Starbuck is of course mining. So Mr. Fortitude, I don't know if you can kite it away, but if somebody can, it's probably you. Ooh, double heal scroll. This time Panda has a mana potion, closing in on level 4.5. Levels are getting better and better. Of course, Devotion Aura level 3 is a big level up for 40, but as far as I know, it doesn't help against Pulverize. But please correct me on that. Blood Mage is tanking a lot of damage already. 9,000 damage on the Blonde Devil. That's crazy. We have a choke once again. The Militia can't even get through. Drunken Haze, Breath of Fire in the middle of it all. 40 is burning. 40 is swimming. 40 getting electrocuted. Holy smokes. What a fight by Starbuck. Everything clumped up. And now everything destined to die. Takes care with the workers on the left-hand side. Takes care of the army on the right-hand side. This is all Starbuck now. Neo, there is nothing that can help us now. Double the supply for Starbuck, and I'm afraid that it's not looking too good. And GG is called. Very important game number 1, but we can agree that it was a very close game as well. And what I can tell you, he almost did it. I used this analogy one time in my stream already. It's like, imagine Leonardo Picasso drawing Mona Lisa, right? Amazing painting, and in the last moment he spills coffee over his painting, and it, you know, if the Mona Lisa would finish, you know, we would go to the museum and be a legend like hundreds years later. But in this game, nobody will remember because the kiting of Mr. Fortitude was ruined by this one mistake. But you can look at this from another perspective. That is a beautiful thing about the Mona Lisa as well, right? She always looks at you from, regardless of what angle you're looking at her. This game by Starbuck was freaking masterclass. Oh my god. I want to print out the replay, frame it, hanging on my living room wall, because everyone who's playing Orc, especially the Asians, should look at this game by Starbuck. This was perfect Pally rifle counter from start to finish. The early game wasn't even too great. The early game, like, he kept them in his base, but he didn't kill anything. He didn't kill workers or whatever. The follow-up. Faster harass. Canceling healing. Creep yourself while slowing down the other creeping. Contesting camps. The heal scrolls weren't even there, and he was still able to fight this. God tier Orc level by Starbuck. So freaking good. Yeah, I can definitely agree that it wasn't the early game like pressure that gave Starbuck the upper hand. It was the strategical preparation, right? He knew exactly which steps to follow. He was even banking, you know, to get 2 towers on the same time. And yes, Fortitude tried to brute force him with omega efficient kiting, and it didn't work. So shout out to Starbuck. After, in my opinion, bad early game, like definitely he wasn't winning in the early game, as you mentioned. The strategy was able to give him the upper hand, and he was like ahead, and then this huge power spike happened. And yes, the next game is going to be on Hammerfall, and as I mentioned, I saw Fortitude practicing Pala Rifle on Hammerfall exactly. And Mr. Neo, if Fortitude is going to play Pala Rifle 2 times in a row in this tournament, definitely he still thinks that Pala Rifle is a playable strategy. So let's see what is going to happen. I'm definitely excited. 45 seconds until we go to game 2. Maybe time for us to thank our supporters. Thank you very much, Say So, for 7 years of support. Arcapediga also for 76 months. Chess Coach Andras, thank you for the raid. And Rummer, thank you for the 3 months. Pada, thank you for the 2 months. Mr. 40 the God. Gods can bleed, apparently. Mr. Brappy with the 20 month. Great game and great day of Warcraft for us. Less than 3 casters. And L Somnius L with the 11 month. Plus, I see that we have a little bit of support for the War 3 Champion Season 21 finals that we have the pleasure to be organizing again together. I have to look up who the contributor was, actually.
One sec. It was Beefy Blaine. And yeah, twice actually. Thank you for 23 buckos. Speaking of buckos, Dr. Bucky is going for the winner bracket final here on Hammerfall. Soul, are you ready for yet another Pally Rifle defeat? Well, Mr. Neo, I don't know. I'm ready for the best Warcraft 3 that the current Warcraft 3 scene can produce. And the important question is, Fortitude, do you believe in Pally Rifle? So my advice for you, Mr. Neo, let's sync at the start of the game, so we don't have any problems later. And guys, what I can tell you is that this is going to be an amazing game of Warcraft 3, very important game. The problem for me, I like them both, right? With all due respect to like Mr. Moon, you know, Moon is a legend, but Moon doesn't play that much. I'm not casting Moon games in the morning because he's just a little bit inactive. I mean, he plays, but not that much, right? So I would like to see Starbuck and Fortitude advance. Of course, it's possible, but it's less likely if they are in the same group. And I'm on minute 1:26. Me too. 27, 28, 29, 30, 31, 32. That should be perfectly synced up. And we do have a change. Fortitude does not believe in the Pally and the rifle anymore. Here's the switch into the strategy that also defeated the goats like Lin before. It is Archmage Footman instead of Pally rifle. Well, as you can see, Fortitude felt the Starbuck power, and he feels like, oh my god, this guy knows exactly how to counter Pally Rifle, and maybe it would be like less important game. Fortitude will try to out-kite him again, and Mr. Neo, I'm counting farms. We have farm number 3, we have early tower, and what is the most important, Makrura creeping is going on. Starbuck is going to cross the map, right? He doesn't know what Fortitude plays, so probably he will try to harass immediately. There is no time to grab the turtle, and yes, he's missing the turtle. So far, you know, the mind games for Fortitude, you know, he will get the full camp before Farseer arrives. I think if Starbuck would knew, he would creep the one green camp on the way, but it's in the past. And look at this evasion creeping. If somebody doesn't know what evasion creeping is, it's exactly what Fortitude is doing. At least he's for trying now. to run away from his base, right? Exactly. He got level 1.9 uncontested. Starbuck finds him now. He's okay. There's not too much I can do at the moment. I don't want to catch any water elemental hits. I don't want to catch any Archmage fireballs. I'm going to annoy you with my wolves. I'm gathering my forces that will be headhunters. And then 40 has some choices to make. Does he want to expand or does he not want to expand? Is he going for defend? Is he not going for defend? Where to creep level 2 and beyond? And are we going into Starbuck's base? Starbuck at this point of the game has to react to what 40 is doing. Yeah, I was expecting evasion creeping. Maybe it would be better for Fortitude. I don't know, but he decided to pull back. And as you mentioned, we have a lot of questions and one answer he's taking already. But it's a quite late tech, of course, but it's fine. But look at this, he's splitting his forces. Maybe he'll try to creep the green camp in front of his base. We'll see about that. He's plenty of footies. And yes, he's going to creep the green with just militia. I like it. Remember, guys, getting level 2 on the Archmage is pretty important. You get Brilliance Aura, more Water Elementals, and you will also get like almost a circlet, basically. Because when you level up, you get more stats. And Fortitude indeed has level 2.1, but now the devil is in the details, and Starbuck is here, getting ready maybe to creep Jack, let's say. How many peasants Fortitude is going to lose? His Archmage is not doing much, he's just running in circles with the headhunters, and the first peasant is dead. Okay, good start in that regard. Quite a lumber-heavy strategy. Only 100 lumber available after that militia creep. 40 also not sending the workers back for a second. And of course on this highest level, where it's 2 top 5 players playing against each other, every second matters. But little help for 40. Defend is ready. And with that, almost saves the footy. But it's now a worker and a footman down. Yeah, this is a crazy game. Fortitude Archmage is in Starbuck base. He's trying to click on one grunt, and I really like that Starbuck made this one grunt, right? Because the grunt is designed to kill the help with footies. First peon down by Starbuck, and what is more important, there is no shop. Of course, Starbuck Farseer is in a good shape, but he has a lot of low HP headhunters.
Actually, 2 to be exact. And look at this, very defensive position for the shop. I like it. Fortitude has a lot of mana on his Archmage. I wonder how is he going to spend it. This is a crazy game. This is a very important game. This is not a Rifle game. This is totally different of a game. And Fortitude needs to do something. I think he did not, react fast enough. He bought Boots of Speed. It's enough, basically, what he can do. And yes, with Footman defense, you need to do something, right? When you play 2-farm tech, you have a little bit more time, and yes, one Water Elemental is going to connect into the Bestiary, so he's doing something. And let's just highlight that Makrura went to Starbuck. Level 2 versus level 2, let's go. Okay, can Starbuck defend this? Double Water Elemental invested for Fortitude. He has to get something out of this attack, and he does. Raiders, Kodos, all delayed. One last gift by the creeps to Starbuck as he threw a little end snare. Army not really together, and Fortitude almost atypical here with the defense. I thought he's going into the base, but no. If he turns his eye to the right-hand side, he sees another Bestiary that is definitely cancelable. Yeah, these very experienced humans, they understand that if they go deep into the human base, maybe they can kill one burrow, but then they will lose so many footies, right? And this is a big problem. So he basically behaves like a demon hunter. He dances around everything to not commit too much. And yes, now he needs to go back. Let's remember that Starbuck was forced to make spikes, right? And because of that, he actually invested a lot into this defense. But look at this, Archmage is connecting, the biggest Fortitude Archmage ever. But Starbuck is present, Starbuck denies. And look at this, Archmage got 2 Headhunters already, so that's something. And that's very important. And I need to thank one of my supporters. Thank you, Mr. Franzyzz, for the Prime sub. Thank you, Mr. Franzyzz, for supporting one of the greatest people in the entire Warcraft scene. We took some losses here on Starbuck's side, and 40 is showing signs of life. Whenever you kill a Headhunter, that takes away damage, and if you take away damage, then of course creeping is slower, and that's a little bit of time for 40. Mountain King is out. Stormbolt first. We'll see if he goes Clap this time. In the past week or so, we've seen a lot of bash on that little dwarf, but Clap, we know how strong it is. Double Sanctum as well, so we're going Priest Sorks Breakers instead of Rifle Casters. This strategy at the moment seems a bit dead, while Starbuck on the other side has double Bestiary, Wyvern into Raiders. I mean, usually the more footies you make in the early game, the less likely is to see Rifle Caster, right? Because you don't want to commit into Blacksmith. And Mass Casters is an interesting strategy with Human. You have your front line with Breakers, Healing, and the Dispel from Priest, and a little bit of a crowd control with Sorg Ladies. But it takes a long time to construct this army, so let's see what is going to happen. There are still some leftover footies, so maybe that's why he did not dive into the burrows, because as we can see, he can fight now. The Wyvern is very interesting, of course, without rifles, right? It's not that easy to kill the Wyvern. Of course, what elementals can connect. Tauren Chieftain is in trouble, and Tauren Chieftain will have to go back. We have defense. The Creep Cap is still helping Mr. Fortitude. And Starbuck position is a little bit meh, but look at this, there are 2 Wyverns! Yeah, the Sork Ladies control them a little bit, but still the Priests are falling. No sustain in that fight that way. The Priest can't heal. On the other side, TC in trouble, Farseer in trouble. Starbuck, how do you get your heroes out here? Stormbolt is waiting to happen. Does he have the time? He can't get out. TC dead on level 2. Starbuck may be a bit overwhelmed here. Fortitude is getting kill after kill. Also that Wyvern trying to save it over the forest, but the Water Elemental can reach everything. Water always finds a way, and Fortitude finds a gigantic fight in the middle. Supply numbers still in favor of Starbuck, but there was so many high value kills on Fortitude's side. Yeah, I'm super impressed by Fortitude, and now he's getting rewarded for his hard work. He's going to get the middle, and what is of course important, MK got experience while Tauren Chieftain is in altar. MK will get entire middle now, probably. And yes, I was impressed by the Wyverns. I was like, oh my god, this is so smart, but
surprise, surprise, slow last 45 seconds. Of course, it was nerfed a little bit, but still, it was enough to allow Water Elementals to remove at least one Wyvern. Both players, as you mentioned, lost a lot, but we know who is the carry in this game. It's of course MK and Tauren Chieftain, and Tauren Chieftain is on vacation, and MK is working hard. Might not be Bora Bora for him, but yeah, that was looking a little grim there for sure. Mountain King on a prowl level 2, and this is looking fantastic. Archmage is in trouble, needs a TP as the TC is coming back. So many abbreviations here. A little bit of experience thanks to that Water Elemental. The Wyvern's still lots of damage, and we have 3 Raiders to control that fight, but Raiders don't add too much damage, so leveling up is still a bit of an issue. The TC has to catch up, then Starbuck has a chance. Well, this is also interesting, like Starbuck, look at this on the top right, is already moving his peons. I think he will start with double tower, because again, casters are not good versus towers, especially fortified towers, but we think about expansion while we have to think about the map control, because look at this, as we mentioned, Sorg ladies are here, Militia is here, and look at this, Fortitude is again, is not giving him a building permit. This expansion, it has to be deconstructed. Oh yeah, I am very sure that he's gonna tear down the 2 towers here. And then what can Starbuck still do? This looks very... He made a mistake, by the way. Have you seen? There was 2 slows on the troll trappers. Oh so, no! Unacceptable! Yeah. Unacceptable. And look at this, but now he's... Okay, I made a small mistake. I need to make a genius move. And he's cancelling towers with 1 footman, 1 water elemental. And ladies and gentlemen, I think that if Org is scared, Org is going to his primal habits, which is of course laming, Mr. Neo. Are we laming? Base attacks, for sure, for sure. That's what the Raiders are best at. He got that pillage up. Starbuck, the only orc in the world to research his pillage before it's useful. Militia killed immediately, and 1 more, 2, 3 more might then be level 3. Chop down, no more breakers, no more clarities. Nice little surgical strike on the cost of a speed scroll. But in general, 40 has this game in the palm of his hands. Okay, Neo, I have a question for you and for the Twitch chat. Is this blacksmith in the main for a raider, for rifles, or for upgrades on breakers? But I digress. Look at this. There is going to be a Zeppelin drop or something. He's going for Sorg ladies. Be careful. No this is way! genius! No way! He's trying to counter it with invisibility, but the Raiders are here if something is ensnared. Oh my god, Starbuck! 500 IQ! What the hell is this drop? That's the way back into the game. I have not seen something like this. The casters were all by themselves, unprotected, and Starbuck punishes it so hard. What a play! And all of a sudden the supply is rather even. And I think that blacksmith, you were onto something here. Rifles might be required here soon. There's an emergency workshop, but I think if like one day somebody will make like this advanced AI to play Warcraft 3, that to play like this, you know, StarCraft 2 bot basically that was created, I think that drops like that would be a normality, but I'm so impressed. Starbuck was like, okay, so the idea is that Fortitude is always keeping his Sorg ladies and priests behind in a safe position. You know what? I'm going to Zeppelin drop on top of them. I'm not going to Zeppelin drop like some kind of a Neanderthal into this laming to lame the economy. No, I'm going to use it in fight, and that was goddamn impressive. Hey, one of my subs is called Neanderthal. Don't insult my supporters, Soul. We have a tower up, an Archmage back. I've been streaming for a long time. Nice. I am. We have a Mammoth sub. Some dinosaurs in the mix too. We finally get a solution to the air, and that is a workshop with gyrocopters. I love this Wyvern still. Like, this is not leading to like 3 kills, but it's tasking. You have to respond to it. You have to invest your APM into defending this Wyvern, and we still got that Zeppelin somewhere, right? So always a threat. Early game clearly belongs to Fortitude, especially after that TC kill. Mid game, Starbuck is fighting back, and now we're on even turf again, especially if that Expo comes up.
Okay, a lot of is happening in this game. That's very impressive. We, Fortitude, produced 3 gyrocopters, and as we can see, he's scouting with them. He got into the Zeppelin range, and he knows exactly where Starbuck is. But Starbuck is a little bit late, right? His expansion and tower were cancelled. Now he will try to force the TP, and Fortitude is not going to waste any time. He's teleporting immediately, and can he slow something down? Yes, one raider got slowed down, and Invisible MK is looking for some kills. Look at this, he's an experienced player. He slowed 2 raiders. It was completely not worth it for Starbuck. Fortitude is coming back with his patience. Ooh, nicely done. This is what made Fortitude the best in the world, always finding solutions even if things look dire, and 6 supply just wiped out. Starbuck loses the expansion, loses 2 raiders. The Zeppelin also taken out, so he loses some vision here. Well done. All of a sudden, Fortitude is far ahead, and Starbuck desperately trying to get an expansion up 6 o'clock, but that ain't working, brother. Yeah, and the players are both constantly scouting themselves. By the way, from the Rifle University, maybe you remember that in situations like that, it's cool to leave some Sorks ladies at home, you know, they can slow down the raiders, so they are, of course, dealing some damage, but not as much. So maybe we are going to see this afterwards. But yes, Starbuck has nothing. Starbuck needs to do something, and his history, is it going to repeat itself? Yes, TP for a grand, you know. And maybe Raider, look at those. Oh, okay, we have the gyrocopters, slow down, and look at this enraged MK. Yeah, he stays enraged. He can't punish anyone. Maybe that Raider. The Sorcerers are somewhat the MVP in this game, aren't they? They did so much since the arrival. Mountain King strong as ever. That's not a huge surprise to see the big impact here with 5,000 damage and lots of kills. But to me, Sork ladies, most important part of this game. And look at this, you know, we have 3-minute delay, so Fortitude definitely doesn't listen to me. But look at this, he's left the Sork ladies at home, and as we mentioned, it's going to give him a little bit of time. Oh, be careful. And yes, Slow is here, the Arcane Tower is here, Starbuck is trying to lay, but definitely this time he'll have to teleport out. Agree. But he's doing damage and he's softening up that base for later. Arcane Tower down. Now the Wolves can enter again. Going for the Sorks, going for the Militia. Can he get the kills? That's important. Not only damage. Sork down to Militia. Stay alive and double kill against Starbuck's units. What an impact here. And that TP is again super expensive. And remember, Neo, like, if lane, okay, some peasants has fallen, the tower is dead, but there is still a lot of lumber on Mr. Fortitude, and by a lot, it's 300. 300 is a lot because he's not teching, he's not making any tier 2 buildings, right? So he can produce nicely, so it's not the end of the world, basically, and in the meantime, Starbuck still did not expand, so he's trying to lame, but, you know, definitely he can't win a fight. There is no way that he can win a fight in this current form because it's pure raiders. And look at this. This time Fortitude is on him, and he will take 1 raider as a reward. That is raider number, I don't know, 17, but they're destined to die with a playstyle like this. Farseer close to 5, TC close to 4, but on the other side, Archmage is already level 5, Mountain King is close to level 5. Starbuck is trying that expansion play again, but Fortitude scouting is on point. This is why I say it's always good to have a gyro for exactly these plays and an early TP with the Mountain King at home already. This is anti-raider play par excellence by Fortitude. And again, I'm sorry for doing math on stream, but I don't need to do any math because Starbuck says, okay, you are too efficient, Mr. Fortitude, I can't do nothing, GG. The score is 1-1, and now decided who is going to go to the winner bracket and who to the loser bracket of Group C of Don't Force Me Cup, sponsored by Mr. FH High Tuntun and Mr. T. Do you know Mr. T, Mr. Neo? No, but you forgot, of course, sponsored by Kiting. Mr. T is a longtime supporter of Fortitude, as far as I know. The early Don't Force Me Cups, basically the show cups, were all his. So for over 1.5 years, he's been supporting Fortitude and kinda enabled him to focus on Warcraft, and he created a monster.
Well, this game was very entertaining. I think we can all agree there is a lot of back and forth, a lot of cool ideas, and yes, if I can ask for one thing, somebody needs to clip this Zeppelin drop into the Soul Glades and spread it between orcs. Maybe they will understand, maybe you need to describe this like go, not lame, but attack casters from the air or something like that, because it was very, very impressive, and it was my Neanderthal impression. How did you like it? Perfect, Mr. Aitman. You should be a Soul Neanderthal man as a second character. Maybe as a cosplay for TwitchCon. Well, I can't grow a beard, like the facial hair. So you can shave your dog and glue it to you. Well, that's one of the ideas, but I will look like a typical, giant from Netherlands. I heard it's like the highest country on earth or something, and we can argue about my casting MMR, playing MMR, but in the height MMR and weight MMR, I am on top. And Mr. Neo, the game is ready. What can I possibly say to that? El Banco, thank you for the sub. A couple of people were asking why tap out here. Yeah, it felt like whatever Starbuck was doing didn't really work. 40 had all the answers. And maybe if you try so many different things and they're all not working out, maybe you get a little frustrated, and you don't want to go frustrated into a game 3. So better to tap out a little bit earlier, as long as you don't pull an infy kind of deal, and go with a fresh mind into the next game, because this is the most important game now. Game 3, the decision. It is now, we have to mention it, Starbuck's map pick. Fortitude chose Hammerfall, Starbuck picks Northern Isles. Whoever wins this is in the winner bracket final and can go as the top seed into the playoffs of one of the highest paying Warcraft tournaments that we have in 2024. The decision between two of the greatest gamers that we have on the planet. Let's go. Yeah, that's amazing, and I'm already in game. I'm already in 1 minute 11 seconds. I don't know if you are here as well, Mr. Neo, yes, but I see something exotic in the human base. And guys, Fortitude is so back into the Power Rifle University. I am at 1 minute 25, 6, 7, 8, 9, 30. Perfect, let's go. Okay. And apparently I forgot that we're living in the year 2025 and not 2024, but people will forgive me about that. We have Pally Rifle, but it looks like this Pally Rifle is a little bit different than the previous Pally Rifle. Well, definitely we are on the different map. Paladin is still like late, so what is the difference, Mr. Neo? Oh, is it late? I thought the Paladin is there earlier now. Oh, maybe I misread this. I mean, well, we judged it by the results. We both know that making math on stream is really, really hard, so I'm not going to count anything here. But look at this, Farsi is already crossing the map, but look who is winning the mind games. His name is Fortitude. Starbuck is expecting Archmage, as he did, because on Hammerfall, I would say that he would probably like to creep this one green camp, right? On the go, if he knew that he's playing versus Archmage, and now he's giving Pala Rifle player time to creep. True. Oh, that's bad. We've seen that by TH versus Fly. What a big impact that can have if you get level 2 early. And we have to mention that Fortitude could also go into tier 3 Griffins that we've seen from Sock in the Dolphin Championship. So there's a little bit of adaptability possible. But yeah, this start already pretty fantastic. And that's the downside when you're playing blind, as orcs usually do. He is a bit lucky, though, that he gets the crystal ball. And now Starbuck knows what's up. He knows what's up, but I will remember how important the early game can be. Of course, you may argue that creeping is also a-okay, and look at this, Starbuck is playing greedy. Starbuck is going to creep in this game, so no harassment. It's interesting because, I think he would like to recreate game number 1, but in game number 1, his early game was so-so, so let's see how this different approach
to this orc versus pala rifle will work. And look at this, you leave Fortitude alone, and look what he's doing. He's already creeping with militia because he has the lumber. He's like, okay, this orc is creeping, I'm going to creep as well, but I'm going to creep the pala rifle. And you what? You have the Farseer. Who cares about the Farseer? Everybody knows that pala rifle is a better hero. Paladin, I mean. Yeah, that's right. Farseer doesn't add much in the later stages, but look at Starbuck. Tier 1.5 expansion. Who plays that versus Pally Rifle? Well, we know one player that tried to play TC Mass Grants. His name was Dimitri Lakostin, Mr. Happy, but he did it like for fun, maybe. I mean, does Happy have fun in Warcraft? That's, we can argue about that, but yes, the question is, when Fortitude and if Fortitude is going to realize cancelling the expansion under construction is very easy, not cancelling the expo and letting it finish is a problem, because piercing damage is terrible versus fortified armor type. And we have enraged Paladin, Mr. Neo. This is how I call Paladin, that invested into Boots of Speed. What is Fortitude doing sometimes to play like this versus Undead? If you want to, like, I will use this word again, bully like an enemy hero, like chase him and holy light him forever, but he bought Boots versus Orc. That's interesting. Yeah, I'm not 100% sure what the reason is. Naga by Starbuck as well, no Panda. That might lead to some pickups or at least some holy lights, but he gets level 3 perfectly in time thanks to a little militia creep on the bottom of the map. So once again, high class Warcraft, lots of adaptability by Starbuck. What do you think about Farseer Naga, Soul? Farseer Naga is I used to play CSGO, is like smoke screen, you know? You throw this smoke grenade and you are like, okay, I'm trying to align you, the towers are coming, wink wink. But in reality is no. And Fortitude knows, look at this, he sends the rifleman, is like, I don't buy it. You say that you have, you know, a prince of like some African country, you want to sell me something. It's definitely a scam. Let me confirm with my local bank. And yes, indeed, the expansion is scouted, Neo, but it's going to finish. Item on the ground, both want to get it. Starbuck makes a good effort at blocking that Farseer away, but yeah, headhunters are falling, wolves are falling. He's feeding that paladin higher. Holy light not available, rifle down. Starbuck has to lick his wounds though. The creeps are still attacking. He saves this one. And Pally is a great hero. He has a lot of feats, but no range attack, and he can't get that kill. Now, yeah, but you know, there is no towers to protect this expansion. The problem is what Starbuck is like. Starbuck has two options here. Option number one, lame, you know, and attack the human economy and, you know, maybe let expansion die, but to take revenge by killing a lot of peasants. Option number B, try to fight around his expansion. As we can see, he's choosing laming technologies, but look at this, Blood Mage is on the bottom, and yes, how good is expansion that is not mining, Neo? Not that good. How good is a streamer that is not streaming? Also not good. Absolute wasted potential there for sure. Let's see how much Starbuck is getting out of this. Fortitude has a nice build order, has a nice building placement. He tried to repair for a little bit. Peasants are getting slaughtered, but it's alright because he has the upgrade in buildings already. Trying to open up that base now. And farms. Oh, this one's not killed actually. In the meantime, Great Hall's still standing. Rifles take a lot of time. We are evacuating a little bit. Yes, yeah. Look at this. This is expensive. This is not free. This is weird. This is a very, very weird state of the game now. He's evacuating in total. Okay, so he wants to bring his peons to his army and then TP. Or maybe not. I don't know what he's doing, Neo. I don't understand. I thought that he has enough time to maybe wait inside of his base, but it's like... It's like your favorite pet escaped someone in your like room, and you need to find it. I'm talking about like small pet, like I don't know, a guinea pig or something. But yes, this is a haunted base, Neo, and the clock is ticking. Starbuck is mining, maybe from one base, but he is mining. Why Fortitude is on vacation now? Yeah, no income for such a long time. 42 supply. Yes, he got that expansion, but in the end, Starbuck is still richer, and on the back of all this,
Starbuck was teching the entire time. So the tier 3 is done now. The Torrent Totem is up now. We get the Headhunter upgrade. It's very important to save these Headhunters, but this is looking a bit grim, to be honest. Can't slow down the Pally anymore. The Boots of Speed already paid off. Yeah, and Mr. Neo, again, I have an offer for you. Are you ready? Of course. What do you prefer? Naga level 1, you know, intelligence hero called Arrow, but level 1, or Panda level 4, full of mana versus Pala Rifle? I think we know the answer already. So yes, the problem is that Starbuck invested into this Naga, and yes, we are tier 3, we can add some value. But and he's sandwiched! Look at this sandwich! It's tasty! Oh, yeah, but only for the human side. One Headhunter down, TP out. Can he get another one? Yes, the second one falls as well. 40 needs some farms. He's stuck at 44. The wolves are still getting workers here, so still value. It's a 900 gold difference in the main bases. And the tech is, of course, ahead. Starbuck still has chances here. The supply is narrowed down. We get Torrent now. We get more Headhunter. We are ready for a bigger army. This is still a meal that both players could get. Well, it's not too spicy yet, but Fortitude is trying to add this chili powder, because yes, he's from China, so probably he likes spicy food. Myself, I'm very scared of spicy food. Monka S. But yes, Starbuck is making a fighting army, right? If you would expand tier 1 and then imagine went double bestiary, right, with raiders, we would knew exactly what he wants to do, right? That he wants to lane. In this case, he bought himself some time with this expansion, and now he's creeping. But look at this item on the ground, Naga with the speed scroll. Creep, this pulled the speed scroll, I think. Yes, I think so too. She still has a potion, but of course we want to use that in a fight. Heal ward's fantastic. And so if it's a lesser item, he probably just runs away. Since it's heal wards, this is perfect. Now the paladin all by himself without devotion. I don't know just yet, but maybe sacrificing a town portal for some creeping on the blood mage, because the blood mage gets precisely level 3. Fortitude was watching too many games when Demon Hunter was following entire orc army and actually winning, so that's quite interesting to me. But okay, okay, 2 towers. Okay, let's check what Starbuck has. He has 2 towers, pulverize on the way, but Neo, the heroes, he got the Fire Lord now. Okay, it's going to be silenced, but this AoE damage burst that Panda can offer, of course, Naga has Fork of Lightning, but is Fork of Lightning as good? We'll see about that. Definitely Starbuck can hold this. Supply is even. There is no tier 3 for Mr. Fortitude, but remember, Fortitude can kite now, and he's going for the Flame Strike. Yeah, we talked about damage. I would say Fork Lightning can be better at picking up units, because per target it's more damage than Breath of Fire, but it only hits 3 targets, so that's where it balances out. No orb, as you said, is a bit of a liability, but Flame Strike is the big damage dealer now, and that's what was missing on map 1. I'm still thinking what can happen here. We know how close Fortitude goes on level 1, but one moment who is going to get the experience item definitely goes to Mr. Fortitude. But yes, he needs to kite. He can't just A move now. And be careful, Fire is here. What about the Blood Mage? Blood Mage survives, and now you need to kite Fortitude. Let's see. Big pulverize coming in. Paladin also 50%, has a town portal. Can he use it? Flame Strike! So much damage! Oh my god, these Headhunters are all getting burned to a crisp. Is there anything he can do? Yes, town portal out as the Holy Light was on cooldown. Fork Lightning, Chain Lightning, Double Lightning, and also Double Paladin. Not part of the town portal gets 1. This is still a crazy game. Oh my god, Soul, I love this series. Well, ladies and gentlemen, remember, Pala Rifle in game, it means a good game. Do you remember this Black 8-Pit song? It's going to be a good night. So it's going to be a good game when you see Pala Rifle loading in. And we have the Zeppelin. Is it going to be a cheeky Zeppelin drop? I don't know. There is no Sorg ladies to drop on from the Zeppelin, Mr. Starbuck Shobi. Okay, he's trying to evacuate. That works. Unfortunately, Starbuck was losing Headhunters to the creeps. A little bit overwhelmed there as he's going for a second Torrent Totem in his base. 50 food, no resources, great macro. Fortitude ready for the defense, positions his rifles so he can easily snipe this.
This is... Oh. No. That ain't working, bro. Long rifles. Better than short rifles. That's very true. And Mr. Neo, I have bad news for all of the Orc fans and Starbuck fans around the world. Starbuck is committing into Taurens. He doesn't know that Mighty Fortitude has double Gryphon Aviary already. Starbuck is making second Tauren totem. And let me tell you that Taurens are not that good versus Gryphons. Yeah, both are getting hard countered. And this is also a missing piece from game 1. We thought we got tier 3, go for the Griffins. He kind of... what the hell? He's dropping now into the peasant line, and that also prevents the Griffin Aviary town portal. Can't reach. It goes on the cost of a Tauren, though. Yes, okay, expensive. Fortitude has 170 lumber with 2 Gryphon Aviaries already. Okay, can we get the... Look at the Taurens, they're so fast! The Taurens survived! On the top right. You cross out this Tauren too early, Neo. They are fast and furious. Ooh, and of course can't be slowed anymore, not for a long time. Griffin Aviary is being finished now. Starbuck pays upkeep. He's going for Ancestral Spirit upgrade so he can revive these Tauren to full health with the invest of mana. Little trip to the shop, but inventory empty. Fortitude has stocked up on the so-so valuable staff, but his economy in shambles. Nice little hit, buying time. And of course, he saw the use Griffin Aviaries, and he's instantly countering with double Beastery. Well, what is good for rifles and Gryphons, you know, the common ground, the common factor is that you can upgrade armor for both of them, those units, and I think Fortitude will stay on 50 supply for some time. He's starting his +1 armor already, and we are coming back after those explosive 15 minutes into the Creepcraft, Neo. As we can see, both players are creeping. Of course, Firelord level 3, Naga level 3 is a nice level up, so it's a little bit better scaling technology. The hero combo than the Pala Rifle, because you know, Paladin level 5 again. I mean, Aura versus Troll Bat Raiders is actually very juicy, right? Because Troll Bat Raiders, this unstable ability that basically is as anti-air ability is reduced by armor values. So yes, Paladin level 5 is actually pretty sweet. So I like that both players are creeping. And look at this, on the bottom 2, Gryphons are chasing a Zeppelin. Okay. And Zeppelin got webbed, look at this. It's empty, but... So for the viewers, they don't know, this Nerubian web spinner has web ability, and even if you move command over it, right? So if you are not going to attack, Zeppelin can't attack, right? He has no attack ability. It still will be webbed, because this Nerubian webs everything what is in his range, even passive units. That's why he's called Web Spinner, because he's spinning those webs. My chat is asking, how do you heal up these Tauren? It's relatively simple. You kill them and you bring them back with Ancestral Spirit. But yeah, good point about Devotion Aura. These Bat Riders won't have an easy time. First, armor upgrade is up already. Bat Riders do most damage when there's low armor values on the unit they connect to. We got +2 already, plus the Devotion Aura. We need a lot of bats, but Starbuck, is he ready to fight? He got a Orb of Lightning, got the Chain Lightning, got the Fork Lightning. He needs Shaman now, right? For Lightning Shield. And yes, Orb of Lightning on every hero. To provide, like, and he needs to change his name to Zeus, the Master of Thunder. Okay, Mr. Neo, the big fight is here. Where are the Gryphons? Where are they? I don't see them. Okay, they were safe in the base. Fortitude is breaking the supply, similar to Starbuck, but look at this, Starbuck has supply advantage, and Fortitude wants to creep the last creep camp on the map. And then we are in the StarCraft 2 mode, as I say. Well, I don't know how this game is going to finish, but we know one thing, it's going to be epic. There is one staff of Sanctuary in Starbuck in Fortitude inventory, right? So the best feeling in the like in the world is to staff low HP. Oh, Wand of Illusion, Mr. Neo, Wand of Illusion. How do you feel about baiting some bats with fake Gryphons? Love and it. The bats explode for real, believe it. Love it. We don't have Devotion Aura 3, by the way. It's Holy Light, but 2 heal scrolls. Are the Griffins set up? It's 4 of them. Where are the bats? They're still trailing behind.
Wolf doing echo damage. We are on the 18-minute mark. Fortitude still has 4.5 minutes of mining because of that insane harass earlier. And Starbucks sees this is nothing. I want to fight right now. You also got 2 heal scrolls. Man, let me read some scrolls as well. 6 bats. Rogue coming from the right-hand side. Oh, is that the setup? Are they connecting? It looks like it. Flame Strike coming in. 1 bat down. Oh, that's 2 Griffins. Maybe a third. Can't get it. Only 2 out of 5. Yeah, but remember, the bats are gone now, and Spala Rifle player starts his dance. So far, he's not using stuff of Sanctuary, which is interesting. So Fortitude, he's like not really sure what to do, and there is no Fire Lord for humans, so we can resurrect some towers. But Neo, I think the Gryphons are surviving, and with the healthy Gryphons, you can do everything. We need bats fast, and we need to evacuate these walkers, bring the Tauren back. There's still 2 on the ground. Illusion on the Paladin, that one's gone now. Level 5 on the Blood Mage, level 5 on the Pally. Closing in on high level ups for Starbuck as well. These Tauren, even if you bring them back, always give experience, right? So the chance for a big orange bird are kind of there. And also Paladin Ultimate is insane in this game for rifles. Starbuck still with the supply lead, but having to pay the price for more upkeep. There's 9 supply about to die. Going for the Pally now. Naga had the big heal potion at the ready. No more mana on anything but the Fire Lord. Starbuck has to retreat, lick the wounds. Again, supply lead for Starbuck. He has a triple hero combination, but level 5 Blood Mage with Flame Strike level 3 looks very scary. But again, when you play Flame Strike, you spend your mana quite rapidly. Paladin has a lot of mana, but Blood Mage needs to steal the mana away. Of course, with Siphon Mana, he can do it. 0 splits for now. 1 staff used. God. That Holy Light was so sick, but now there's no Holy Light for the Pally. The second armor upgrade is at 60%. If he gets that, he has absurd armor values, and Bat Riders don't do anything anymore. I think Starbuck is getting quite desperate here. Yeah, but he still can do something, like the hero focus is a possibility. He still has some army, and let's see how the game will go. Starbuck has a good position, but Fortitude is fighting back. Supply favors Fortitude for the first time. Taurens are dying. And look at these Orc heroes. They are so low, Mr. Neo. There is actually only 1 Orc hero. 2 other are from the tavern. What a fight. Taurens are trying to connect with the Pulverize. Orc hero in the Lord is dying. Fire Lord can survive. I don't know. This is so close. Holy shit, this is 5 HP! Are you kidding me, Starbuck? What is safe? The Tauren are trying to hold the ground on the south, but Starbuck, what can you do now? The Shadow Hunter would be so amazing here. Fortitude is not finishing the job. Has another Holy Light at the ready. Orb of Lightning is great, but what can you do? You can just run. There is, between Fire Lord and Farseer, not even 100 HP left anymore. Stormhammer's amazing of canceling that healing. This is looking grim now. If only there was a Mountain King, right? He could easily get these kills. 5.7 on the Pally. Fortitude seems to be doing it again after getting a slap in the face on map 1. When it counts most, when he's facing the lower bracket, this is the strongest human on the planet, and he's about to finish the job. That's very impressive, and yes, Starbuck Micro was impressive as well. Again, the hero levels for Starbuck are a little bit low, but remember, he has 1 Orb of Lightning, maybe, someone hero kill. He still is making bats, and remember, if you detonate bats, they are dying, but they are not giving experience to the opponent, right? So we can see some nice, like, level up for the Orc, maybe. Starbuck is preparing his bats nicely. His Tauren is dying. I think it's the last Tauren. Not like this, and bats are going to connect. Let's go. 1 Gryphon is dead. Another connection, okay. But stuff used as well, and Fortitude is so efficient. So the only hero kill is possible. Okay, the Orb. That's good, but look at this Holy Light. Maybe Holy Light level 3 was a good idea. The Aura was nerfed on level 5 as well, and this Holy Light is not nerfed just yet. I mean, GG! Mr. Starbuck fought very well. He brought us to the late game, but the player that goes to the winner bracket, his name is Fortitude. Unbelievable. 7.5 armor on these Griffins are too much for the bats to get done. On the ground also, the Headhunters would have gotten smashed, so there's not much you can do. Maybe Wyvern, but
then you also need Spirit Link at least or Bloodlust to make it work. It's a super tough position for the Orc if you allow the tier 3 of human. And this is very reminiscent of the Dolphin Championship, right? Where Fortitude lost the first map versus Jens, but then made adjustments, is forcing another game, and wins the series back to back. Not only is he great at micro and strategies, he is also so mentally stable, never crumbling under the pressure. And who can beat him is still the question. Well, what I would like to highlight is that mind games of Fortitude, right? We saw that Starbuck on Northern Isles did not recreate a scenario from game number 1, right? He decided to go for a green camp creeping, and he left Pala Rifle at home, you know? So yes, the mind games, right? If human player can play both Archmage and Pala Rifle, Orc player needs to guess, right? And in small details, Warcraft 3 power can be built, basically. So that was amazing, Mr. Neo, and I would like to say thank you for this opportunity to cast this event. I hope that you like the casting. And Mr. Neo, I know that I respect you a lot, but there is also one big tournament organizer that I respect even at the same level, exactly at the same level, and his name is Mr. BBC, and I see that Inf is playing versus Sowin, so if you don't mind, I will check some B-Cup games. Mr. Aitman, your company is always more than welcome. Thank you for my very first collaboration here on Twitch. It was a pleasure. I think we saw the highest level of Warcraft that we've seen since the Dolphin Grand Final. The Pally Rifle lost, the Pally Rifle won. We had it all. I'm laughing because thank you for this collaboration, but I think you know what happened with this collaboration feature. I think you collabed, and I forget to move the tab, and I closed it. So I think collaboration lasted 1 minute, but Mr. Neo, that's how we start. Well, anyway, shout out to Soul Aitman. Follow this man everywhere. Twitch and YouTube, and of course all the socials. And just have both streams on, guys, and to watch the best of Warcraft. It's such a privilege we have in the Warcraft scene that we have two big tournaments running at the same time, but to also have 2 Twitch streams to cover both of these tournaments, and that is due to you, Soul. Yeah, thank you for that. And before I go, a small request to tournament organizers. So yes, we have huge 2 tournaments at the same time. So it's like a little bit organizing Super Bowl and World Cup in football/soccer at Christmas Eve. Maybe it's not the best idea to do it at the same time, but yes, because it is like this, I'm going, to go to cast a B-Cup now. Thank you for the follows. I hope you guys like the casting. And thank you, Mr. Neo, for the opportunity to test my casting MMR. Have a nice day. And I'm sure that Starbuck and Fortitude and other guys, I'm going to make sure that it's going to be full of Warcraft 3 action. Thank you. Take care. And see you later in some Warcraft 3 lobby. Bye-bye. Bye-bye. All right. Stream together is over. Thank you, Saul. What a beautiful, beautiful person he is. We only have 1 game out of 5 here in the Don't Force Me Cup where $28,000 are on the line. We were raving about Fortitude and Starbuck, and I think it's not even close that this was the highest level of human orc that we have seen this year. Maybe I'm a bit euphoric, but since Raraland with Sock and Soin, I can't remember that I had so much fun with a series like this. Maybe, I don't know the dates really, but Starbuck versus Fortitude in Dubai kind of comes close. So, outstanding Warcraft. Like, outstanding Warcraft. So freaking good. And it's always a bit odd when there's a co-caster on and we get the donations and stuff. I thank you so much for the support. Netflix87, thank you for the bits. Unemployed Athlete, thank you for the 4-month. Lomenian for the 7-month. Toxix for the 16-month. Netflix with 2 times 100 bits, actually. El Banco, 187 with the tier 1 sub. Horny Beetle, Shavak, and Insomniusel. Thank you, thank you, thank you. We can only do this because you allow us to do this with your support. And so check out backtowarcraft.com/support if you like what we do. We got more games coming up here. We also got our DACH INFERNO finals later today.
And if you have a Prime sub lying around, we gladly take this as well. Next up is a match that I'm super interested in. Two of the strongest Koreans in the scene, Moon versus Labyrinth. Labyrinth has emerged as the second best undead in the world, in my opinion. 1-0, not on the highest level anymore. He can prove me wrong in this tournament though. The big disappointment of the Dolphin Championship is just a couple of weeks ago, and since then it would have been easy for Labyrinth to crumble, to not keep up that highest level of competition that he had before. But no, he's still that strong, he's still so innovative, and now he's facing the living legend that is Jung Jae-ho, the highest decorated player in Warcraft 3 history. Fell out of the top 10 of the ELO ranking, but I think he is gaining strength. With the new patch came new motivation. On this patch between them, it's 1 and 2 in favor of Labyrinth though. So what's it gonna be? In the L Cups, it was 2 Labyrinth wins in a row. The last Moon win quite a bit ago. Labby has stepped up his game massively versus Night Elf, where he struggled for quite some time. That is not the case anymore. Winner bracket semifinal number 2. The winner faces Labyrinth, faces Fortitude. The loser has to go into the lower bracket to fight an elimination match with Starbuck. We get a Lich first opener. And that is a Labyrinth special. Alongside Dreadlord openers versus Human, this is a special strategy that he has in this matchup for fast expansions. Moon must be ready for this. Everybody knows that Labyrinth is doing this on certain maps alone, and that Labby's strength is coming from expansions. So how do you stop them? You have to stop them. Labby has some gargoyle plays in his arsenal, also the classic Fiend Destroyer play. So it's very hard to read for everyone right now. For Moon, I don't know how much of an impact this patch had on his play in this matchup. We've seen lots of Huntress from him in mirror matches versus Orc, sometimes versus Human. But here, we'll see about that. The town thing, thank you for the 45-month. Moon Day equals Sub Day. Wonderful. It is a Demon Hunter. It is a Lich. And these Lich first expansions can be shut down. We've seen Labyrinth games that lasted 2.5 minutes. So basically, in 10 seconds, this game was over due to crazy harass. Moon is not going for that. He's creeping his own expansion, which is unusual, as you don't start with the green on this side. But he knows Labby is playing 2 base. I want to play 2 base. And with that, let's see who does it better. Lich didn't get the item yet. Demon Hunter gets XP. The creep is already gone, but how much damage can he do? Moon following in the footsteps of Live on game 1 yesterday with mana burn first, no immolation versus Ghouls. In my opinion, questionable, but who am I to judge the GOAT? We got a Tree of Life coming up as a counter expansion, but Lich Ghouls is quite good against it. So after a second of harass on Moon's side, we switch the tempo, bringing in more ghouls, more skeletons. And is Moon ready for the force that is Labyrinth these days? He has to keep this expo up. The Demon Hunter is already taking lots of damage here, as ghouls have normal damage that is quite nice against the hero armor type. But with the help of Moonwells in a wonderful position, he can stay aggressive. You gotta be fast. And so if you run into this position with ghouls, they die. They are incredibly squishy. Got the frost armor. Wow, I talked about this on stream, that it's so hard for an undead with the Lich. Look at that body block, Labby. Sorry, I'm a gigantic Labby fanboy. So moves like this, almost happy-esque. I talked about this on stream. Lich has 3 awesome spells against Night Elf. Nova, obviously. Dark Ritual, you see it. It's a mana battery. You eat a little bit, you get mana, you have more Nova. That is wonderful. But Frost, like at the moment, it feels like the meta-defining player for Night Elves, the meta-defining hero, is the Demon Hunter. In every single matchup, he's the standout. And very few spells in the game hurt the Demon Hunter more than Frost Armor.
That gets weakened a little bit later when Dryads are out and they have their Dispel. But it's a wonderful, wonderful asset, especially when you need a little bit control in the early game when the DK isn't. Chechi in the chat, a fellow Undead legend, of course. I really like that Labby found his own playstyle. It's always impressive. He's always been like that, actually. I know you've been... Maybe when Labyrinth was emerging to the scene, you weren't around. But he is the reason why we have Undead expansion in the meta at all. 2021, maybe? 2021, roundabout. He was the one coming out of nowhere, playing Undead expansions all the time. Also with Lich. He's the reason why Ted Fiends is pretty much dead in Undead vs. Human. A lot of players copied him or followed in the footsteps because what he played was so strong. He is a genius mind for Undead Warcraft, and very, very few are as good as he is. While he wasn't mechanically as gifted as a 1-2-0 or a Happy, he's also working on it in that regard. Strategically, Labyrinth is the boss. Demon Hunter is the boss in this game for now. Holy moly, that inventory. Let's see how good the Frost Armor is. Let's see how good the last hits approaches are. Sasquatch goes to Labry. That is a little bit of mana. That's a Nova immediately right before the mana burn. Crowd control, but can't close this around. Demon has no staff, no TP. He is blocked. Is he dead? He got a tele staff now. Damage, damage. One more hit. Ooh, well calculated by Moon. Goes to show that also he is in tremendous shape right now. Missing the levels. He probably thought that this creep jack would be going a bit better for him. But he ran straight into that Nova and that hurt him. So we see HP only 2/3. And a Panda follow-up. Shows me that he knows Labyrinth quite well. Of course, they also play WSB, Lawlight Cups. And Labby's playstyle is pretty visible right now. Panda very good against Gargs. Solid versus Fiends. And it is Fiends. Waste 2 waste. Panda would love to creep and find some time. But you gotta keep the ghoul numbers low. If you give... Nice and I. If you give the Undead time to creep, that Lich is getting level 4 and then he's even more powerful than he already is. Gotta say, Moon is catching a lot of ghouls off guard here. Not too much Frost Armor because you're constantly low on mana, especially against the Demon Hunter. But now, Fiends are coming. Tier 2 is around the corner. Moon in that tech department was a bit faster, but the dust settles. The town is under siege. Whew! Impactful early game. Moon, whoopsie. With an exposed Ancient. But the Panda is ready. We got a report from a long time viewer, Zach GSC. While the games gets going, I just want to say that my girlfriend, who has so kindly put up with listening to Warcraft streams all these years, is now my fiance. Congrats, my dude. Man, we got 2 back to Warcraft engagements in the past couple of weeks. That is freaking awesome. GG's to you guys. Put that Ring of Protection on. Or maybe, since she said yes to a Warcraft fan, the Ring of Superiority, if we're honest. Fiends. Fiends, the reaction to the Panda. Gargoyles get hard countered. That Demon Hunter is such a beast, dude. Double Claw, Slippers, Staff, Boots, Inbull. Moon is playing a very fine game. Oftentimes you get misled by how good Moon is versus Undead because he's constantly losing to Happy, unfortunately. But overall, his matchup is brilliant. Breath of Fire coming in. Demon Hunter is cutting everything into pieces. Fiends don't have Burrow yet. And he's not fighting in tower shape. Moon is investing that Inbu potion for the Fiend.
Gold-wise, it's a very good trade. Labby is falling apart a little bit here with 6 supply gone. That's 420 gold, 430 gold gone as well. And Moon's expansion is untouched. In a late game scenario, Moon's gonna win this. He has the fast attack. He got the stronger hero. He is purposefully abandoning the panda level. Stops the breath of fire. Only gets the drunken haze for the movement. The dryads are moved back when they're hurt against the piercing damage. This is excellent control. Moon might lose the berserker. That's about it. We got reveal ready. Of course we do. And this burrow does nothing. Moon on top of his game here in map 1. Maybe a little bit of stage fright by Labyrinth. Another Fiend falling. What a slaughter. It's only due to the 3-4 production buildings that Labby has that he has this 50 food on the map. But otherwise, what does he really bring to the table? Oh man, Labby is struggling in a tier 1 tournament again. Last time it was due to a rough group stage where he was with Happy and 1-2-0 and Colorful. Now, Fortitude, Starbuck, and Moon. Little bit of a breather for both of them. Moon is keeping tabs on that army. He starts to burn statues. That is always a sign of strength. If the Night Elf has the luxury of burning statues, that takes away a lot of regeneration and also mana regeneration. But he can't prevent level 4. Instantly getting that Nova out. Demon Hunter hurt, has an orb, no staff just yet. Levy gets the second camp pretty much for free with the Rune Braces. That is something that the Demon Hunter would have loved to have. And also the heal ward from before. Levy overpowers him a little bit in supply, but the Fiend losses early game hurt. 1 destroyer only. That's about it. We got the bottom third. Moon is following into Kaho's footsteps. It is lots of range damage, and then will probably be the Owl actually as the second spell. So he can detect fiends in the ground and can get any tech switches. But maybe that's not what it's about! So much damage on that tree! Oh my god, we fully surround him! It's still not enough! Surgical strike by Labyrinth. What a play that was out of nowhere! We go for the bears now, and the target fire is so crazy! With Moon is falling apart. He wasn't ready for this. The panda is down. The DK has an invo potion. A newly found strength in Labyrinth. What a goddamn push this is. And on top of the statues, we got the heal ward. This is perfect. The Wisp will be massacred. Oh my god. What the hell happened? Labby flipped the switch and he decided, okay, 12 minutes. It's a good average game duration. Let's end this and go next. What a brutal push. What a brutal push. Moon played a fine game. He slaughtered so many fiends. And then for a split second, he wasn't ready for this. That hurts for all the Moon fans out there. Can't look away for a second. Too much pressure on that Tree of Life. The repair was there, but it was too late as well. And that investment by Labby clearly paid off. And then for the fight, he was out of position. I don't think he expected this push to come, really, right? Maybe due to the fiends? Maybe he thought I killed so many fiends that you can't be going for this? Oh, man. Ooh, big slap in the face. Now, we go on to map 2. While the first series was a lengthy one, we might accelerate the tournament a little bit. Moon, you gotta be sharp throughout the entire game. Especially as the lower bracket is waiting for him. Now, Levy needs one more map for the winner bracket versus 40. Moon, I think, didn't do many things wrong.
Just like Bull Gaming, who's using the Prime on us. Thank you for the 13-month support. Echo Isles, always a double-edged sword. It can be a fantastic Night Elf map if you get that expo up and go into the late game. It can be a horrible, horrible Night Elf map if you want to go into that 2-base play and don't have solutions to the ghoul push that is guaranteed coming towards your expansion. Is that a Lich play by Labby, or are we switching it up? I don't think for Labyrinth you have to ask yourself if he wants to expand or not. He always wants to expand. And Moon. Ancient up top. Not at the mercenary camp. So he's gonna creep the item and harass, maybe with immolation. Our group selected. The top seed of the group, or the top player of the group, was seeded. That is, I think, determined by Elo, Focus, Happy, 40, and Kaho. And then the rest is random. A player's forces are under attack. Which is, you know, IMO, not the greatest way to do this, but hey, it kind of lined up. And if you want to win the tournament, you have to beat everyone anyway. Redemption arc for Moon started. We get the claws once again. And this all smells like immolation. Ghouls on the left-hand side. Acolyte got the Shadow Priest. So we got some healing. And Moon can't go for it. Also, this reveals to Labby that the mercenary wasn't crap. And there is an immolation coming in now. And that has ruined quite some undead expansion games in the past, especially on Labby's side. Detonate against the skeleton. This is looking pretty grim for the winner of game 1. Plans abandoned. Thankfully, as an undead, you have a plan B and a plan C. Can go for a tower push, can go for attack, can double down. We don't have a Lich this time, as it is a DK, as you can see. And since he saw that immolation, he can go for coil, as his mana won't be burned. So Labby has a solid force. But Moon is teching already. That Moon is giving up on multi-base plays on Echo Isles is fascinating. A lot of people still try to brute force this. Maybe he just found a better timing for this. There's only a wisp, no building yet. Level 2 is of utmost importance for Unholy Aura. Ghouls should dominate on the ground, and he started the tech. Many undeads have done this. Try to start an expansion on the way to tier 2. Labby also does this versus human. Just to not fall so far behind in the hero department. Now Moon, this is the timing. Tier 2 on the way. Can actually be used for creeping maybe, instead of an Ancient of War early. I love this day so far. Hell yeah! It is a beautiful day to watch this beautiful game. I've been waiting for this day for like since the group stage drawing. And of course our DACH INFERNO finals later tonight as well. A player's forces are under attack. Demon Hunter, threatened of being surrounded. He got the boots, he got the staff once again. This is very much necessary if you want to keep the pressure up high. Coil, he needs 2 more coils here actually. And he has the mana for 1 more. Very soon. For Moon, I was about to say we don't have a Hunter's Hall, but he got it now. Moves to the south. But that opens up the map a little bit for Labby, who of course wants level 3. Hunter's Hall seems very late, but he doesn't have resources for anything anyway. So it might just be fine. Probably going for a second hero.
And Labby is taking his sweet time for this. Almost gets level 3 here. 1 or 2 archers should be enough. Shadow Priest. Nice target. Lots and lots of XP coming from the Mercs, always. Herr von Bödefeld, danke für die 4 Jahre. And we go into a Naga battle here. Usually when 2 Nagas meet, one of them will die. The Wisp block is a little too late. And Unholy Aura makes it so that Labby is faster. The Naga dies on the other side as well. So solo experience for Labby, and that's level 3 then. Couldn't offer a split screen technology, unfortunately. And on the back of this brawl, Moon is getting his first lures up, who I don't think Labby has the potency to pressure at the moment. So Moon's tier 2 expo is coming together as soon as he can creep. A wise man once said that a hunter's haul is never too late. No, that was Neutron. You must be confusing him with someone else. So we're setting up the later stages. No tier 3 by Labby yet. No level 3 by Moon yet. And both are working on their expos. Labby pulling the ghouls here with his DK herd. There's lots of targets where ghouls could just wreck. And the Naga is back. An essential tool of slowing down that Demon Hunter. A player's forces are under attack. And Moon got the tech. Shop control, Invu potion. Gonna be a very hero-centric matchup. Good to see Moon is teching and not relying on mass riots. I think that's too easily counterable by A-bombs, fiends, and meat wagons. Bears it is. You have to play into the. You have to lean into the Demon Hunter way. We do play this a little slower than what we've seen before. But Demon Hunter level 3 is about to pummel anyone. Anyway, he doesn't have evasion with this build. Can add it later, of course. And we're working on Fork Lightning. Since the Nagi, they really suffered. On both sides. Labby puts his faith in double crypt, double slaughterhouse again. Both expos with this tier 2 timing coming up uncontested. Dryads for crowd control, Fiends for damage, Statue for regen. Level 2 for nuking those Fiends. What's left in the goat? Can he prove to the world that he's still elite? Or did the new generation take over? The Kahos, the Lives, the Lawlions. Who's operating on the highest level for 10 years now, but you know, in comparison to Moon, still a newer generation. Demon Hunter is so well equipped with the parry app. I say this many times. You can stack armor against physical damage, but against undead, who mostly operate with spells, having more HP is basically the equivalent of armor. And that's why the parry up of Vitality is great. A player's forces are under attack. Naga goes for the invuln. Undead also very hero focus centric. Gotta be ready for this. And are you ready for that push that's to come? Frenzy, Destroyer, Lich, Orb. That's what Labby needs. And then he can go for a similar push to what we've seen on game 1. Moon only gets the shop now. Waiting for a staff, waiting for an orb. Gets level 4. I think evasion. Yes, evasion is great. More EHP plus the big item.
But the clock is ticking and the Demon Hunter is hurt. Reju would be amazing, but we don't see a single bear yet. They're only coming in now. Claws +8. On Levy's side, we don't see any signs of Banshees, which is what we've seen yesterday all the time. And on Moon's side, we don't see signs of Talons or Hippos. He was the one Night Elf that went Hippos into Talons for the late game stages, but no Ancient of Wind. And the push is indeed coming. Double heal scroll, Invo Potion. Naga not level 3. Can Moon weather the storm? Trying to backstep a little bit. He'll see at the shop that nothing's available for 10 more seconds. And ghouls are here. 3 Moonwells to help in the defense. 1 bear, 1 Naga. Demon Hunter backstepping that Lich. Not a single Nova in this. The ghouls are big damage. Will they find a connection? Dryads on the right-hand side, slowing things down, spreading the poison. First heal scroll used. First bear down. It looks quite a bit better than game 1, I would say. Micro by Moon is solid. Naga in trouble. Has an Invo Potion. Now the Naga on the other side. Also Invo Potion. Life-saving consumables here on both sides. The heal ward value is so sick. 2 seconds before the Fork Lightning comes in. That could have been 3 kills easily. But Moon is having a good fight. Puts the pressure on the heroes once again. Staff is not ready for 25 seconds. But the potion. Lich in trouble. Lich dead. Moon is still there. And he has the supply lead actually. He still has his Demon Hunter. Naga level 3. Finally for that Fork Lightning. That was a missing puzzle piece. Can he pick up the scraps? The Destroyer is making sure there's not too much redo. And Levy is losing more and more and more. Nuke. Potion. Demon Hunter healthy again. Orb of Venom. This was a fight without an Orb of Venom. That's crazy. No bottom this game for Moon is noticeable. And Labby is falling apart with 3 more fiends falling. If the Naga can connect, if the Demon Hunter can connect, that is just more and more momentum for the greatest Night Elf this game has ever seen. Arguably the greatest player this game has ever seen in the 2000s. Oh, and he's getting close. One more swipe is a kill. Naga is actually with the body block preventing the kill. Well done. But now on the other side, the Naga falls, and that is of course a trade you don't want to take. The feat might be safe, but what's it worth if the Naga gets killed? And that is level 3, 110 seconds. Moon lost a lot somewhere too in the process of this. And he's a little short on lumber. That Naga kill was quite nice. Backstep opportunity. No TP, no invuln. Tanky army for Labby. Got a few levels, but the Naga is missing left and right. Inventory looking very good for Moon. Is Naga Dryad enough for this anti-air? For the Destroyers? Bears are just mauling away at the Fiends. Oh my god, it's a spider slaughter. Still the supply in favor of Levy, but Moon, I think, wants to play the economic game. 1000 gold, 200 lumber. Just squeezing out more juice out of that expansion. Demon Hunter close to 10,000 damage. Dondo says it in the chat as well. As much damage as all 3 undead heroes combined. But that must surely be because he's such a glass cannon, right? I mean, it would be weird if you can dash out so much damage. And that also be tanky. Oh, he tanked 4,000 HP. Oh, okay. That's also pretty good. Naga has to TP out now to save the bears. Moon's... He has talents now. He has arrived at the state of the game where he can afford luxury. And double Ancient of Wind talents is surely a luxury, especially when Levy doesn't have Web yet. And it's only 3 fiends.
Moon should be overwhelming. Yeah, Demon... Kevin says, yeah, Demon Hunter is tanky and does a lot of damage, but at least he has no good spells, right? Labby reeking of desperation and disease cloud. But yeah, he saw Moon is at home, and Moon shows he can still hang with the elite. This is the group of death. I think many people counted him out. Never count out Moon. He was very stable, very well organized, nice timings, new timings with that tier 2 expansion. This was well done. This was well done. And then, yeah, there was way too many talents on the horizon. There was no way Labby could have done anything here. So Equals goes to Moon. Will Labby fall to the lower bracket once again in such a high stake tournament? That Demon Hunter was way too crazy. The other hero, the Naga, was good as well. The army was looking good. The talents were coming. Moon was also rich. That game went sideways quite fast. With all these fiends dying. With the chase across the map. So a decider between two of the best Koreans we got. So much pressure. But as always, we start on the neutral map. We go on to losers maps. And Echo Isles was Moon's losers map. He's fallen off the throne for quite some time. The Kahos, sometimes the Lives and the Law Lions are considered better than him. But maybe in a high stakes tournament like this, the tier 1, he still wants to show the world that he got it. The Demon Hunter was on a fast track to level 3 and 4. Paved the way. Usually, we reference the Dolphin Cup results, and Moon was there as well. First round elimination, but he won a map against Lawlight, he won a map against Infi. And those were all 50-50 matches. Are talents considered better anti-air than hippos? Yes, for a long time. The damage type has switched to piercing. Forces are under attack. They do a lot of damage. Hippos are good for tanking, but talents are there for damage. And they wipe destroyers out of the air if they're not countered. But they're squishy. Desert Drake, thank you for the prime. Crank, thank you for the tier 1 sub. Let's go, let's go, let's go. Are we seeing any adjustments on Labyrinth side, or are we seeing more of the same? Northern Isles is the map. Demon Hunter picks up the item, runs across. Labby takes the DK again instead of the Lich. But the Wisp is ready. This time skeletons are split, so you can only get one of the two. And the Demon Hunter is here. It was a liability to not go for immolation on map 1. Will he fix that mistake? It helped life yesterday. Get the Ziggurat. Wisp threatening another Detto. And this Ogre is still there. This might lead to a disaster for Labby. In B Cup, this is the setup that caused him to leave a game at 3 minutes. Or was it a Lawlight Cup? Probably a Lawlight Cup. The Ogre is crazy with Bloodlust. We don't see attack just yet. Forcing on the Demon Hunter. Ogre goes to town on that poor Acolyte. Wisp kind of showed him the way, didn't he? Perfect retreat for now. But the pressure isn't off. Demon Hunter full mana.
50% HP. High stakes situation. The game could be over any second now. If the Ziggurat falls especially. Then this Expo is toast. And Labby wasn't tacking behind it. It feels like he controls this game a little bit better than the early tap out. We don't have Dust. Ziggurat up, and that is so important to get the Blight. Takes him forever, though, to deal with this goddamn Ogre Magi. The Bloodlust. Rah, rah, rah. Will Moon calculate this perfectly? Will he even be able to get this Magi for him? Archer, lurking in the shadow, giving vision. Now Labby splits. Ghouls to the left. We're sniping the item. Ring of Protection. Kinda nice against the Demon Hunter. No mana burn. Oh. 70 HP is the damage threshold. Can he force a TP? Needs 2 hits now, right? Maybe 1? Oh, 1 more. 1 more hit and a coil. Coil is ready. Cool. Block. Hit! That got a lot of time. Speaking of time, the Expo timing is bad. It's late. But Labby has been in worse situations. That was really close. Moon on the other side was counter-expanding behind this attack. And so we're gearing up for another 2 base. But it's a lot of ghouls that he could use for offense now. After they were so helpful, we're aiming for the wisps. There's 400 lumber. It's not the end of the world if he loses a couple of two. Moon blessed as every night of at the moment by lumber harvesting rate of wisps. Gotta be careful with that DK now. But if there's no mana burn, what can you do? Oh, no TP on Labby either. What's he doing here? What is he doing here? Oh no, 15 HP, 7. And the tree gets the kill, so no XP. This was, I guess, planned at some point after he ran into that archer wall. Moon and his archers, man. With that, the door to the winner bracket final was wide open. If that's a level 1 DK, I'd say, yeah, whatever. DK back from the altar. The pressure is still on. And he got reveal now. Can he stabilize? Tier 2 is around the corner. This time the Hunter's Hall is way earlier. Thanks to this ghoul push, Expo is finished. And soon we can tech. Lumber is a disaster for Labby. A player's forces are under attack. Moon has a lot of Moonwells. Losing 1 is not going to ruin his game. But takes away Moon Juice. Moon super high on Moonwells. Very early on in the game. Huh? And then he walks into the surround? Wait a minute! Doesn't want to expose the ghouls to immolation though. What a slaughter in this early game. Ghouls and archers side by side, dying like brothers and sisters. Naga out now. Labby would love to follow this up, but he didn't even start tier 2 yet. It's only coming up now. And that Naga offers so much control. Labby, I feel like Labby is too aggressive. Getting slowed again. You can't get another. You can't afford another hero kill, no? It's a brawl. Oh, Expo! We got Bloodlust here! No way, Moon! No, 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 no! The repair wisp is gone! Naga's here to help, but the creeps who were about to slaughter Labby on the left-hand side, Demon Hunter is trying to salvage this, but the Expo falls to the creeps! Oh my god! Oh my god! I wonder if Labby woke them up or if Moon ran into them. What a disaster! Such an awesome game.
And then this happens. There is a chance Labby woke the creeps up. There was too much chaos. But if not, that is a game-losing mistake by Moon. So much time. The entire early game was designed around the fact that he got that expo up. Labby is almost done with the... halfway done with the tech. He's still got lots of ghouls. That's fine. Rebuilding ghouls is super easy. He's got to fortify now. Charge up 4 production buildings, then go. Oh, did it turn daytime? And that's what woke the creeps up? Oh my god. You micro your heart out. You get so many kills. You even get a hero kill. You delay the expo. You delay the tech. Everything in order. And then the creeps wreck your expo. Unbelievable. Slowfy, thank you for the 5 months. Foil before the burn. Labby got that timing down. Players' forces are under attack. Naga and Demon have to do the heavy lifting, and of course Dryads. Moon is trying to counter expand again. Nobody wants to play against Starbuck in an elimination match. The Night Elves, once again in this group stage, are causing some heartache for everybody who supports them. Yesterday live, today Moon. Fiend's coming now as a counter to the Dryads. Labby would love to get a second hero out, and the Lich will say hello in a bit. Non-stop. This game is non-stop fighting for 9 minutes straight. Crazy tempo between them. Moon's big advantage is the tier 3. Economy is now slowly starting to get there. And this matchup is as timing dependent as any other matchup. Potions are amazing. Labby is spending his gold well. 57 food is not overwhelming, but you know the power of quad production building. Moon's gold is low. He doesn't have the moon wells to push into upkeep. He will have to invest into upgrades, bears, orbs, staff. And he gets the time for 60. But Labby is getting ready too. He's missing statues for some healing. Gets an Ankh. And we know that both races love to snipe the heroes of the other. So having an Ankh when you're in a comfortable 2-base situation might be a nice luxury item. Burrow is ready. And Moon doesn't have reveal yet. Labby had an ungodly amount of gold due to all this. At some point, Moon has to start unit production. He gets some time, because Labby is still working on upgrades. But everybody who follows this channel for a while knows how deadly these pushes are. Whether it's one base at 9 minutes, or the quad production, Night Elves stand not much of a chance from these situations on. Demon Hunter big invul might be a game changer, but every potion in the world on Labby. He does have an orb this time. We've unfortunately seen some games of his where he forgot to bring one. And Naga third. This is it. 74 supply.
Moon's winner bracket run is on the shoulders of a demon hunter. Ancient down, buying time. No nature's blessing. These ghouls. These ghouls are like... There's no way. There's no way he's holding this, is there? Moon has to do the impossible as he did so many times throughout his career. But this challenger might be a bit too strong. The destroyer focus is lovely. First bear is down. You gotta hold that step, of course, for the demon hunter ideally, or you share the fate of a life yesterday. The burns are solid. The repair was there. It's not good enough. He's trying to take out the Naga as she cannot be coiled, but he has an invul. Demon also. 15 seconds. Bears being killed. Left-hand side, right-hand side, everywhere. The ghouls are just fodder for the big damage that's coming from the fiends. They were a bit clumped up, so the damage output not even as perfect as it could be. Lich saved, Naga healthy. These dryads will fall in seconds when the fiends decide to follow them. Or to attack them. And now this might be time to get this demon hunter out of the fight. Another invul. There's a Nova. And the carry is down. And so is Moon into the lower bracket. He can't stand a chance against 25-30 food. And these undead heroes, no chance in hell. Labby wasn't perfect on map 2. Moon shows that he can still contest the elite. But he can't beat them at the moment. He couldn't beat Lawlight and Infi in the Dolphin Championship, and he can't beat the second best undead in the world right now in the Don't Force Me Cup. Not a weak showing at all. Just a step behind, and then you cannot win when you lose an expansion to creeps. That's the fact. Apart from that, a great game. But that is unfortunately an unforgivable sin. And we got our matches. Fortitude versus Labyrinth, an absolute banger of a game. Happy, probably taking notes. And now it's down to Starbuck to eliminate the GOAT. Steph was up. Yeah, I think at this point it doesn't matter, huh? That game didn't fall apart because of that Demon Hunter. That game fell apart because of the Expo. Good to see Moon still up there. But, yeah. Labby played clean. It's good to see that Labby plays clean. And that he doesn't face the pressure. His appearance at Rara, I think, gets overshadowed a little bit by how much of a boss 40 was. But Labby also is sometimes a little bit of the villain in the story. He's not afraid to call people out. I like it. Labby's playing better than 1-0. Yes, but does he have the nerves in the big tournaments? Forty versus Levy. What a hell of a game. What a hell of a game. 40 played some of the best human versus orc that I've seen all year. But if you think Labby has no chance here, because 40 kills Happy on a regular basis, you're wrong.
Oh, you're wrong. And the game has started already. Boom, 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 boom. High class game after high class game. This will determine our third playoff participant. The game is starting in 90 seconds. I take the time to cue an ad so we don't have it in game. And grab a coffee. And then maybe it's time for some Dreadlord action. What a time to be a Warcraft fan. What a time to be a Warcraft esports enjoyer. We get the best games on a daily basis. Almost $50,000. Oh, well, $50,000 handed out in the past couple of weeks. And we are trying to organize a little something called War3 Champions Finals, everybody, as we have the time. We are currently standing at 1,000. The majority is a spillover from last season. If you want to reward the players and enable us to do the War3 Champions Finals, we're currently 500 away from the first stretch goal that would enable us to do these finals with the top 8 of the season. If you want to be generous, if you donate 3,000, then we also invite more players, and more players means more streaming time. It's all up to you how big the War3 Champions Finals are going to be. For 1,500, we run the finals. For 3K, we invite the top 15 and make it 5 days instead of 3. And if you are generous enough to do 3,500, we add a wildcard qualifier, as we had last time, for 32 players. And then with 5K, we're looking for a show match once again. So all up to you, all down to the community. You started well, but we need more. Exclamation mark W3C finals in the chat. And with that little call to arms, we get our game. Winner bracket final in the group of death. It is Fortitude versus Labyrinth. On this patch, apparently, Labby even has his nose a little bit ahead with 2 wins over 1. There was a day where they played 10 competitive matches against each other and the score was 5-5. This is a matchup where Labby is more unorthodox than anyone else, and this is also, I would say, his strongest matchup. While the humans were all the rage about Pally Rifle, Labby sat in the shadows and developed a Dreadlord style. Nobody plays it like him. I would say no opener is fiercer than this. And Fortitude plays Pally Rifle versus Undead. Can you believe it? First against Starbucks Orc and now against Labby's Undead. Both are blind. They have no idea what's going on and what the other person is playing. And now the shenanigans begin. Can 40 play the same style as he does against Happy? Will he give the big strategies away when the opponent is not happy? Is Labby so different that you can't do the same as you do against Happy? Or do people expect that you are so different than Happy, and then you pull the Uno reverse card and play the same as Happy does, as we open things up with the Crypt Lord? And let me tell you, Labby has become insanely strong with Dreadlord early fiends. Thank you, Langusten Gustel, for the €5. Greetings from your favorite Krustentier. Well, the Makrura is giving you a run for the money, but supporting the War3 Champions Finals, of course, is awesome. €5 super chat by Will. Thanks for the great matches. Oh my god, man. For 2.5 months, we had not a single support on YouTube, and now 2 super chats. Awesome, you guys. Love it. Thank you, thank you, thank you. Glad you appreciate this and support us so we can keep doing what we're doing.
Cryptlord it is. Unlike the Dreadlord plays of Labyrinth in the past, he goes with the beetles that has been established as the norm. It works really well against Pally Rifle because of the beetles, because of the expansion, because you always have stuff that you can send towards your opponent. Because what does the Pally Rifle player fear? Mass. And an Expo should, in the beginning, be relatively free up until the first point, or the first push is coming in. This also means, since you have to take care of your own base, that you can't stop creeping on the other side. Haven't seen a play like this since the Dolphin Championship Finals, where this was displayed as well. And the big new weapon for the human was Flame Strike. So Labby, how do you deal with the Flame Strike? That's the big question right now. But first, he has to survive until there is a Blood Mage on level 2. Labby going aggressive. Sees, oh, I got level 2 already. Well, then let's maybe play this a bit more conservative. Still, send some stuff to the base to annoy you. Every corpse is potentially 2 new units for the Cryptlord. Wand of Illusion might give you an idea of where to go for. So maybe just some surround training. He sees, oh, you take a little bit too much damage for my taste. Impale number 1. Can he catch him and force a TP? Oh, not interested in that. There's no damage at the moment. He's trying to find the victim. Ideally, a rifle. He gets it here with a lot of stuff. Militia Call on point by Fortitude. This might be a 1-for-1 trade, but Labby is more than fine with 1-for-1 trades, especially when we deny and one had a Ritual Dagger, the other target fired it down, nobody gets XP, and both lose a unit. Deny. Oh, finishes it off with the Holy Light as he expected that deny. Heads up play as his rifles are safe. So we are getting super close to level 3. Labby in the experience department, no progress. But his Expo is finished. And now we need a graveyard. We need a second crypt. And then we need to hold. Otherwise, 40 is marching through to the playoffs. As I said, winning this group is incredibly important because you dodge happy in your part of the bracket. And you might also dodge a Lin in your part of the bracket. And now, calm before the storm. Lumber is very low on Fortitude though. He won't be able, due to the excessive Militia Call, he won't be able to go long rifles immediately. Labby is missing level. He didn't get a single experience point. That's crazy. And Labby, of course, needs attack at some point. Do we see a second crypt? No, right? Despite the Expo, Labby is not filthy rich. We see an Impale. Can he get another rifle? One rifle is down. Keeps the surround closed. Well done. Holy Light cooldown still very fast. Is it long enough? It is to kill this rifle. That was a split second. And Labby is willing to trade. Oh, these Impales are scary. That's the third rifle this game, if you can keep it close. Looks like it. Damage lowered, but yeah, denied. 2 rifles denied. 3 died in total. How's these Impales, man? The Impales are a big issue for 40. How is he supposed to threaten that second base when all his rifles are down?
Second crypt coming. And the tech has started. A player's forces are under attack. Now the blood mage is out. Labby only wanted time and to reduce the force of the push. The missing level is really bad, but usually we see like a 9-minute tech or even later. He had the luxury of starting the tech before the crypt. But Pelly got a lot of experience. And with that, he got a lot of armor now. The town is under siege. And Labby can still do this. His one base rifle pushes are legendary. But we got the towers up. And it seems a bit counterintuitive, but the piercing damage spirit towers are really good against the rifle push. Interception. Yeah, gotta send this militia back. Player's forces are under attack. No workshop, right, for a cannon tower? And the impales. That was the last impale, though. And also... Oh, he has the Wand of Mana Stealing, so he can go for beetles if he wants to. And of course, if you don't have mana yourself, then the Blood Mage can't draw it from you. Now level 2. That's Flames. No, he's going Banish! Really? Banish to save the rifles instead of Flame Strike against the mass ghouls. Interesting switch. When it was Flame Strike that really destroyed the strategy recently. Another rifle down, no banish here. These rifles are truly hurt. But we get more Holy Light. One of these rifles can be saved. The other, maybe. Gotta wait 5 seconds. But the thing is, where is the threat for the economy? We pump these ghouls. Levels remain an issue. Oh, the acolytes are marching forward. They're not repairing. Gotta juggle them a little bit and wait for reinforcements. It's only 7 ghouls. It's not much. Sweet Holy Light. Wah, wah, wah. Mana potion consumed. It's another rifle. Good use of the Wand of the Wind. Wand of the Wind, Wand of Mana Stealing. He is getting rifle after rifle after rifle, but it takes so much effort to do so. And of course, ghouls are falling. We're down to 4 ghouls. Player's forces are under Where's the production, Labby? Heal scroll now, huh? Oh, yeah. Fortitude put himself in a nice position now. If he can crack the towers, tier 3 will change everything. Still no workshop. Still no cannon tower. And he gives up the spirit tower. Is he though? Wait. Gets another chance. But now it's done. We still need more. Now macro's on point, but Labby sees the level 5 Pally and he gives it up. Couldn't reach tier 3. Couldn't go for a high level Crypt Lord. Fortitude makes the Pally rifle work. After an intense, a very intense early and mid game. I think Labby just lost too much. Lost too many ghouls. Maybe the second crypt was also too late. So he could never establish this scary ghoul army of 10 to 15 ghouls. Also no fiends. That's also correct. 40 rock solid.
Yeah, this is not really Levy's playstyle. He thrives with Cryptlord first and foremost. Maybe he sees his future in the lower bracket already. Next map is Springtime, which is the home of Pally Rifle. It was a good start. It was a good harass. It was good surrounds. But what's the surround worth if you trade 2 ghouls for 1 rifle? Not that much, especially when you don't get the XP. And then your spirit tower falls. And then that's not enough anymore. Because, like, it's a game of dominoes. The first stone falls and then the others follow. And those denies, man. Oh, 40 and the denies under so much pressure is well done. This is a different 40 than in the Shin Kong Cup. This is a different 40 than in the Don't Force Me Cup show matches. Time for redemption now, if you're left. Is it Dreadlord? Is it Cryptlord? Cryptlord again. And on the other side, it's an Archmage. 40 is playing the mind games again, where he stays unpredictable. This, as I said, this map has been home turf for Pally Rifle for quite some time. Now we go back to Archmage, which is universally playable. Emerald, thank you for the 66 month, dude. Holy shit, 5.5 years. You guys are amazing. Thanks for your loyalty. Score. Yes, you're right. Score. Fortitude, the dominator of the past 1.5 years. Wherever he appears, there is just carnage. So this is gonna be a different game. This will be about expansions and proving ground for Labyrinth. Cryptlord play goes for an expansion once again. You know that cancel culture between Archmage and Cryptlord. They're always a bit envy about prosperous neighbors, and so they try to cancel base over and over and over. But there is a new sheriff strategy in town, and that is one base rifle plays. Do you want to do that here? Still, with 3 farms, we never really know if it's not an expansion, but okay, one base it is. And so we're not expanding, and we have to hold again. John Lusko, thank you for the 64 month. Also closing in on 5.5 years. Freaking mental. Thank you, thank you, thank you. A player's forces are under attack. So this time, you want to prevent level 3 Archmage and not feed too much. An early Archmage surround would of course take a lot of fuel out of Fortitude's game. Sweet save on the Shadow Priest. This is all game tape for Happy, of course, assuming he's watching the other games. But I think we can assume that. A town is under siege. A player's forces are under attack. 2 workers very hurt. Levy not looking for a second. Busy with the fight. That is an impale. Lots of mana invested. Trying to get rid of equipment that will help in the push. But most important are rifles, of course. Archmage gets level 3. And this is where the nightmare for the undead begins. Is that too late? Did he keep him busy long enough? Defensive stance by Levy.
No push just yet. One Expo cancel is oftentimes all it takes. Labby doesn't really care about losses right now except the Haunted. And I feel like the Haunted is up. One ghoul denied, Archmage surrounded, another ghoul saved, mostly 2 footmen down. It's not bad. Nerub Tower is helping in the defense, Water Elemental illusions are gone, Expo finished. Huge win for Labby, if he holds on to this, of course, that is. The Water Elementals can be dealt with at tier 2, but not just yet. Another footman falling. Labby has still so many ghouls in this defense. And it's time for his patented play with so many fiends. He doesn't really care too much about the tier 2. Mass production of fiends is more important. He is losing ghouls now. Archmage with Claw and Ring, by the way. How fantastic. Labby doesn't want the same result as before. We have a second crypt. Oh, no resources just yet. Maybe due to the ghoul losses. Coming now. It's not too late. Fortitude is about to reach the final form. Mountain King coming out. Archmage level 3. Surround? Maybe? Okay. Was enough of a threat to make him force the TP, which he doesn't need anyway. Oh, the Berserker's down. Nice pickup. Freuschrecke, was ein geiler Nickname. Hello, hello. A player's forces are under attack. So, Expo holds. When are we switching to Fiends? We are Tekken. Hi chat, I'm a StarCraft player. I have no idea who's winning in Warcraft. What's the status of this game? Who's in the lead? Oh man, there is some win conditions. This is gonna be a timing push by the human player. And it's coming now. He got the levels that he wanted, but he lost a bit of meat shield that he will clearly need for the upcoming push. I would say Labyrinth is in a good spot, but he's moving far, far, far away from his expansion where the push will hit him. Is very much 50-50 right now. Tech is late, but Fiends are coming. Transitional unit. This is the backbone of the army, as they can operate from range. Triplot level 4 is a beast. Item, Invo. Nice. Some free damage. Some survivability. 40 doesn't want to push without Adept. And Labby has the time to go home again. Is he getting greedy for the green for level 4? Huh. Oftentimes, when you see a game like this, you postpone the second hero for a long time to get that crypt got up. And then once he's 5, you can think of a DK. Calm before the storm. There's no fallback net on 40 in this map. Sobi Mask on a Mountain King. He's pushing with level 3. Stroll of the Beast also. The items are so good. Labby got the knowledge though. Is the push ending up in the main base? Labby has still no TP. This is so greedy. This is so greedy. Going DK, going attack upgrades. 5 beans. When are you going home? Tome of Retraining. He's pushing with Blizzard. The big AoE. Labby must have seen him, right? It was daytime.
Is he turning around? He has a TP. He can respond at any given time. He's building extra repair acolytes. Maybe a bit too late. No shop. We're going in with Blizzard, which makes repair pretty much impossible. But we're just pushing towards the main. We're going for the keep. We have a little bit of a game of chicken. Love the Impale. Love the Ghoul in the base to force some kills. Are we trading the second base against the first base? And the only base? At the moment, it looks like it. 40 is giving up on a lot of mining. Not exposing these workers too much, but takes pressure off of that keep while still pushing. Blizzard is a recent development for this push. The towers are all gone. He's softening this up. Town portal traded. Economy pretty much in shambles. He got a lot of damage, but not that many kills. As we have 10 workers remaining, which is fine and all you need. DK? Oh, it's right at the shop. Beautiful. Still everybody's game. But Labby is now ahead in bases, is now ahead in tech. But no TP. Is he doing the same again without a town portal? The push hits again. Oh, the army is trailing. He has a town portal now on the DK. Where even is that DK? He got it home. Okay. That's a lot of free reign for rifle casters. Archmage also didn't have a TP, but he got the resources to get one now. Maybe they're out of stock. We'll see about that. Cryptlord, no mana anymore. He got 3 kills with an Impale. That was off screen. Is there enough repair? Ghoul, Beetles, take away the workers. Free damage, basically. Labby still has the main, of course. And 40 can't afford this. Has a heal scroll for the workers that he might need. DK, okay. This is the cleanup crew. 40 has to hold this. A massive detonate in behind the Beetles. Blizzard rocking through. Fiends lose HP, but they're not losing their life. And 40 holds the base on exactly 1 peasant. And now 40's in trouble. Economy wrecked. Under-teched. Out-leveled. The only way is a Zeppelin, no? I mean, he got the base. He got that base. Love that Labby is scouting. 1 scout ghoul. Alright. Didn't give any levels, but brought a lot of information to her. Forces are under attack. I've seen Pally rifle players survive on 3 workers. Can an Archmage player survive on 1 worker? So. I'm a bit worried about the strength of Blizzard. And about that Lich. Is that Lich for free? Is that Lich just for free? Hold the phone. That's level 5. Huge pickup. Gigantic damage. We have Impale on the few workers that are remaining. But what is this army? This army is nothing. Is 40 seriously winning with 1 worker? Look at the damage. Look at this Blizzard. It's insane. Rabbit Lord, thank you for the sub. Love you, Neo. Take my Bezos money and live forever. I will certainly listen to that Oasis song forever. Labby is struggling to close out this game. He's creeping now, allowing 40 to rebuild. Disease Cloud coming. And then A-bombs, but 40 is going for a creep jack. He has 7 rifles. His army numbers, like 42 supply, is not that high, but that is basically no workers. Beat down.
There's lots more storm balls. There's more kills. Boom. Fiend gone. Alrighty. I'm very curious about this now. Ghoul time is done. Like, one wave of Blizzard and they're basically wrecked. Labby with a bit of Hail Mary, realizing there is no TP, but that's also the last bit of mana. We got coiled, but it's only level 1. What can the Mountain King do? Heal Scroll, amazing value. Undead Heroes versus Archmage Mountain King and Rifles. Stormbolt is just way too crazy. But now he's out of mana too. This is still one base. And the first abomination is here. Is that the game-winning unit? With Impale and Disease Cloud and Nova. Do you even need units when you're an undead? This Lich got deleted! Oh my god! Labby's coil, it looked like it was ready to me. And now he doesn't have the Orb of Corruption anymore. What a game. Who needs expos? Who needs 80 food fights? We need an Impale to get this Archmage. Let me go for it. Those. 10 more mana. 5 more mana. But is he safe? Yeah. Uses it on the unit, but the damage is crazy. Fiends have been resupplied. Piercing damage versus cast is amazing, but they stand right in the Blizzard. Move! Move! Hard to do against the Stormbolt, isn't it? The drama. Sobi mask on Mountain King, by the way. Triplord gets another invuln. Yes, invulns are severely necessary in this game. 41's level 5. It's not insta-giving fiends at that point, but almost. Labby, backstabbing. Nowhere to run, nowhere to hide. But also, oh, that was a perfect impale. He was just at 100 mana. OMG. Triple kill for Labby. His units are getting sturdier and sturdier, which is amazing against Stormbolt and Blizzard both. Mountain King dodges the Stormbolt, and there we go. Mountain King goes down. Labby kicking, screaming, poking eyes and pulling hairs, and he's forcing game 3 in the winner bracket. That is already so much better than his Dolphin Championship performance, as he is one step away from the playoffs. Whoever is losing here, my god, will that be a challenge in the lower bracket for the playoffs. This is exactly what we wanted from this group. Sick endurance by 40, we gotta say. The rifle pushes were successful in eliminating the second base, but Labby not crumbling under the pressure. Found a way with the heroes. And at some point, tier 3 is greater tier 2. Despite the infinite mana region, despite the infinite spells. And yeah, at some point, 40 was down to 1 worker. He was supposed to lose this. And Labby shows the world again that he's ready to fight the best human in the world. That invul potion though. Winner bracket saving invul potion on the DK. Take notes, Night Elves! Game 3. The decision in the group of death. Who ends up in the non-happy part of the bracket? And who has to fight through the lower bracket where Moon and Starbuck are waiting for you? Labby versus 40. The decision. Is it time now for a unique hero? Are you gambling, Labby? Dreadlord, Lich, DK, Cryptlord, all viable.
40 on the other side. Archmage. Or 5% chance for Mountain King opener. And cut the tension with a knife. It was amazing to see their best of 10 series, or 2 times best of 5 series. On one day, they were just grinding out game after game after game. Feels like Labby is not willing to risk it in case it's Pally Rifle. On this map, you should assume it's Archmage though. But then, on this map, it should be the 3rd different style for Labyrinth that he hasn't shown yet. And that's then his strongest play, IMO, with an expansion himself. And then we'll see who cancels the enemy expansion better. It would be a massive upset. 40 didn't lose a series in the Dolphin Cup. 40 didn't lose a series at Raraland. He seems like the final boss. Defeating Happy was one thing. Then also defeating Lin in a grand final. In the Dolphin Cup final that was another big step. It feels like nobody is on his level. Also the last Don't Force Me Cup, 40 didn't lose the series. That's just a crazy run. Crypto level 2, Archmage level 2, and claws, and more HP. A player's forces are under attack. So everybody got the info they need. We got a Beetle scouting here. We got a Footy scouting here. It is a very, very, very exposed expansion. Yeah, that ghoul respawn is too late. 40, creeping the Makrura, getting close to level 3. Ring of Protection, kinda nice for him, but yeah. He must have known that this is too easy. Must be a plan behind it then. Crypt Lord 1 base? I don't know. Cancel and kills, but 40 in with the denies. When the pressure is highest, that man turns into a diamond. Labby's play versus Pally Rifle was okay, but not good enough. The play against rifle pushes were really good. Have a big question mark over my head about this expo play here. Labby found good tier 2 timings versus Moon. I'm almost a bit surprised that he's not playing the tier 1.5 expansion here. Because in the show matches leading up to this, he seemed the strongest when he was teching and then going for Wand of Neutralization, new negotiation. A player's forces are under attack. Ooh, is that 2 kills? Ouch, that hurts. And the expo isn't up yet here either. It's not that 40 is playing perfectly. He had to get rid of that base. And if he saves a lot of ghouls here, that is a bit problematic. Focus, thank you for the prime. Footies are here again. Man, this is getting hectic. I can't even follow with my camera. Level 3, but this is again a cancelled expansion. One base still. Ghouls are back. The ghouls are back in town.
Thin Lizzy playing in the north of Hammerfall. But they might all die. If there's another water elemental here. That's one. That's two. But it's all about efficient trading. Fortitude's lumber is very low. A player's forces are under attack. We got some trades in. It would be a standout performance by Labyrinth if he takes the W here and throws Fortitude into the lower bracket. But I don't think this is enough pressure to cancel anything here. Maybe with some beetles. Gotta be careful to not be surrounded. His staff is on cooldown for 15 seconds. He just wants workers. He wants to delay it, and he is doing a banger job at that. So many workers falling. 3.4 already. Levels are fairly even. And this is just 1-2 workers. He has to pull them from the main. That goes into lumber again. And ghouls can regenerate. On the other side, Expo 1/3. And the Crypt Lord. Yeah. Labby is not fooling 40 here. No. Big delay, but 40 always finds a way to get that second base up. For years now. And how do you stop 40? It's the question on this map. It's the question in competitive Warcraft. Cooldown. Uh-oh. Hail Mary play! Archmage, but he staffs onto the footman and he stays in. This is not enough. This is not enough. The Archmage won't TP. You can do whatever you want, or can you? So close, but the TP takes some time. Oh my god, he gets it again. This man has a built-in magnet for haunted gold mines. The timings are incredible. No one does it better. No one ever did it better. The mix of offense and defense, the evaluation, having the items ready. This is close to perfection. And now Labby is under immense pressure. The Arcane is up. Skeletons and beetles don't have the same impact anymore. He might be slaughtering workers, but there's now 2 town halls. One can be used for attacking, the other for production. In early games like this, in styles like this, it's about one defining moment, and this Expo cancel was that defining moment. And you can do it again, and again, and again. He's stopping the water elemental from entering now. But then there are footmen. And the water elemental breaks through. Labby is falling apart. There's not enough offense here. There's not enough defense here. He was playing a good game. But good is not enough when you are facing the defending champion, the 2-time Dolphin winner, the 2-time Dubai winner, and the undisputed Rara champ. Forces are under attack. All cards are on the table. There's no hidden strat. 40 is so sick. This is his best. This is his by far best. Seeing this, I always wonder, maybe Dreadlord? Gamble and go for Lich, but if you play a Lich and you end up facing Pally Rifle, you're dead. The next attack. And now the thing is, 40 with double income, he can afford these losses so much better than Labby ever could. He can't prevent the water elementals from reaching this. Level 2 water elementals, so super dominant. Oftentimes one is enough. He gets support by footman. One water elemental is down on the left hand side, but then there's another one already. Impale might stop a bit of damage, but never enough. The tech has started now. And maybe he should have done this earlier. To get the one of negation. Expo later, but tech faster.
He got a little stubborn. And it's easy to be stubborn, especially when you're on 10 acolytes. Like, I invested so much already. Sex Skull, Ziggurat, Naruk Tower, Town Portals. But no. 40 is on the way to tier 3. 40 gets the Mountain King. 40 is mining. 40 is dominating. 40 wins the winner bracket and is still undefeated in these tournaments. This is mental. When was the last time he lost a series? When was the last time he lost a series in a tier 1 tournament? I can't remember. This man is just completely insane. And the thing is, he might slip for like one map, but then he just turns up the heat and he's cooking and he makes barbecue of his opponents. Absolute dominance by Fortitude in the group stage and in competitive Warcraft. And we got a huge raid. Oh my god. My man, Demu. What a pleasure. What an honor to have you here. You unfortunately missed the best human player in the world. But man, is that a joy to get your raid. I hope you're doing fine. I saw the Twitter post. And welcome to Warcraft 3, everybody. This is a $28,000 tournament, which is the highest prize money that we got in the scene. And we have a banger day. We have one of the craziest group stages that you can imagine. Moon is playing next against the best Western player in Starbuck. We now decided to make it to the playoffs. That was Fortitude alongside Happy and Life, who advanced yesterday. And again, as I said at the beginning of the broadcast, winning this group is crazy important because this was Group C. Fortitude is through. And if you're first in Group C, you are not in Happy's part of the bracket. And you might also dodge Lin in that part of the bracket. So, huge win. 440, 2 times 2-1. Not undefeated. Map-wise. But series-wise. And now, Starbuck, Moon, Labyrinth in one bracket for the last remaining spot today. This tournament will go on for an entire week. Every day at 1 p.m. We're here broadcasting these games for you. And I truly have to figure out what the last tournament was where 40 lost the series. Don't force me, finals. Did he lose there? No, he won the group. He won Kaho, he won Infi, he won Colorful, he won Happy. Did he lose a series in the Dolphin Cups? He didn't lose a series in the last Dolphin Cup. Did he? Wins the group. Wins the playoffs. Was it the one before? No, he wins the group. Oh, that must be it. One series to Happy, but then he started this insane lower bracket run versus Infi versus Cow versus Focus versus Happy and defeats Lin for O. Like this lower, oh yeah, the lower bracket run for the ages. Yeah. Holy shit. This guy is just mental. How was it in Dubai? In Dubai, he won the group and the upper bracket. In Dubai 1... he lost to Happy once. And to Focus. So yeah, 3 series lost in 2 years of tier 1 competition. That's crazy. This guy's so good.
All right. Oh, man. Second Dubai, he didn't lose the series. First Dubai, he lost the series. And we got a next game coming up. It is Moon versus Starbuck for survival. And we got a guest again, Mr. Ape Man. But I'm here. Give back our moon. We share that moon, okay? We share that moon. What's happening at the B Cup, Mr. Ape Man? Hello, hello? Hello? Mr. Ape Man, hello? I'm sorry, Mr. Neo. I need to recall you because I have some technical difficulty. Okay. All good, all good. I have to speed up anyway. And then we go for stream together. Second Starbuck match. So apparently, Mr. Ape Man is streaming B Cup. And Moon is also playing in B Cup. So we get Moon first. As this is a best of 3, this is incredibly important. So hopefully Mr. Ape Man is able to connect to us in a bit. And I will fast forward a little bit to set this up perfectly. Man, the GOAT in Moon had a good game versus Labyrinth, but eventually fell. Then what can he do now versus Starbuck? Starbuck versus Fortitude is one of my favorite matches. Pretty much the entire year. What happened here today was just nothing but insanity. Now the fight for survival. It is the highest paying tournament in the entire scene. It is the most decorated player of all time versus the best Western player of the recent years. Starbuck, back-to-back B Cup finals. A first round elimination would be quite a disaster. And as you can see, there have been some losses by Starbuck, but it's been a long time. He's opening up with Mountain King first, I can tell you that much. Once we're live in the game, I will show it to you. Oh, wait, there it is. Here we go. We have a Demon Hunter surrounded. Moon has to TP out. If there's a bash, he's dead. Ooh. So, what's the situation? Soul Apeman is joining me in a second for the co-cast. Starbuck is mental and playing the Chinese style of Mountain King first expansion. Moon scouts this with an archer to confirm. Demon Hunter level 2, no immolation. Wild base he got. And he's trying to counter expand with the hidden tree of life behind the tree line. So he cannot afford to get surrounded like that again. You might say, how can a Mountain King work against Night Elf? He get his mana burned and that's it. Well, just throw the hammers before there's a mana burn. Just like that. Footman denied. Oh, Starbuck is on fire. He was this close to eliminate Fortitude from the winner bracket. And once again, good to see that he can brush this off and have a good start into this series. We got the tech by Moon at halfway. That is always the sign for the Huntress Hall. Okay. Soul Apeman still some technical difficulties, but alright. Mountain King figures it out that there is an expansion and he can't really do much about that, especially when level 3 is missing. He needs mana. He's just a big footman with bash at the moment, but as long as the expo is up, Starbuck should be fine. We got a counter expansion here, as you saw. It's also starting to entangle. Moon needs a bit more time. Then we decide on second heroes. Starbuck still has to tech, but he's going into a very interesting style. Stays on tier 1, goes blacksmith and double barracks. He feels the pressure. He knows that dryads will be coming and rifles are the hard counter.
2 Dryads. So can he get them out fast enough? And what's the second hero going to be for Moon? Who got a Shredder? Very important moments in this game right now. And how much pressure will Moon play? He could take a step back, relax, work on his economy, work on his tech, maybe even go for Mountain Giants. A player's forces are under attack. Starbuck will accelerate like crazy. It is one of my favorite human player to watch versus Night Elf because he always approaches it a little bit differently. Not turtling behind the fend and footman, but rather go for a counter-aggressive style with a super late tier 2. Shredder! Oh, he doesn't want to face the Naga, or the Naga is more important. Surround locked in. Oh, he can't get her out anymore! Except by using the staff, but then maybe other units are here. Shredder can help fighting, and maybe Starbuck didn't evaluate this correctly. It takes the Shredder off of Lumber, which is actually quite important, but the tech has started and the lores are coming up, so the big upgrades are here. And Moon now also saw 2 Riflemen come at the same time. That should give him an idea of what strategy Starbuck is playing, who's basically throwing his footmen away. They are disposable. You don't need them too much anymore. But not going for the Shredder, a little bit odd. And he's feeding level 3 to the Demon Hunter, who's now becoming stronger and stronger. So how many rifles can you get out? Is Moon even going Dryads? He could just skip them. And go Bears right away. A player's forces are under attack. But Starbuck keeps up the pressure. Oh, was that a lore? Yes, that was a lore. The shop was up already. Oh my god, the timing by Starbuck. This makes it so that the bears will be incredibly delayed. You need 2 upgrades plus the bears until they have an effect. Shop might also fall right before the tier 3. So not only will bears take some time, also the orb is incredibly delayed. Bash. Big. Dude, he doesn't give a damn about Mountain King levels. How unorthodox this is. But he's got to run. And Demon Hunter also got the boots of speed. Block, maybe. Oh, can't get a foot in the door. Another rifle chance to block. Doesn't. But there was enough time. Now, the rifles are still standing in the base like nothing phases them. He's just standing there like, this is my place now. Incredible confidence. Rally point might be a little bit off. Moon dodges the Stormbolt! That was so sick. That could have cost his tournament life, or his game 1 in a tournament life deciding series. From out of the shadows comes the Mountain King with a little bit of mana. But dude, he's tier 1 the entire time. He's playing MK rifle. What is this? It's tier 3 versus tier 1. And Moon, like... He has Reju now, right? And no Dispel, except if you go to the mercenary camp and hire a Shadow Priest. So can the... Like, this is seriously the question. Can the Demon Hunter alone win this? Pit Lord! Okay! Rain of Fire against the rifle. Make them dance. As long as they are moving, they can't shoot. Bash, get rid of the Rain of Fire. Oh, Moon's recovery with that tech seems good. Starbuck is teching. The tier 3 is over. Gets another bash. Gotta respect the Demon Hunter. Oh my god. Gets a miss, unfortunately, for Starbuck. And he's bleeding rifles now. That Pit Lord went to town. And the Bears get some fodder as well. Demon Hunter gets the redo. And Starbuck leaves the game. Oh my god. Starbuck is facing elimination.
After being one map away from eliminating Fortitude from the winner bracket, he himself is now one map away from losing Don't Force Me Cup. Tier 1. How greedy. How unorthodox, but was that necessary? He lost the lore. But that Demon Hunter was a stud. And he held the ground until he got reinforcements. Oh man, oh man. The neutral ground goes to Moon. That needs like that I know that Starbuck loves this Mountain King, but if it goes sideways like this, should you go Archmage rather? It takes the guts of a Starbuck to play this strategy in one of the most important tournaments of the summer. Moon apparently knew exactly what to do to stand against this. Starbuck needs your energy, guys. Starbuck needs your energy. The Dolphin Cup was a top 6 performance. But for a Starbuck, a top 6 performance is not enough anymore. Now, round 1 elimination? No way. No way. But Moon shows again that he might not be the best mechanical player anymore. But when it's about brains and strategies and win conditions, he's still the GOAT. So Starbuck what now? Mountain King again? Infi style? Or back to Archmage? The foundation shouldn't change much. But man, Starbuck. After that Dolphin Cup, after the B Cups, after the 5-0 in the show match versus Grubby, after everything leading up to this, first round elimination is possible. And we go back to Archmage. The pocket strat won't work, but it makes Moon scout. I mean, as a Night Elf, you know, you always scout. You can afford it. To confirm if it's Mountain King or Archmage, if it's expansion or one base. Many, many different options compared to Warcraft 3 10 years ago. I had a talk with the German player Rain, who just ascended into the first division. Coming back after 10 years. Like, god damn, there's so much variety in this game. I actually have to scout now. Back then, I never had to. And Demon Hunter starting things off with Immolation for speedy creeping. The win or loss will go through the Demon Hunter. Soul, by the way, has some technical difficulties. Unfortunately, can't join. And this is the new style of Night Elf. Creep. Have a wisp ready. What is it? Try to get the detonate. That should then be level 2. Exactly. And that Demon Hunter that's coming up is strong. Very strong. Water Elemental down. Detonate number 1. Detonate number 2. That's problematic for Starbuck already. Demon Hunter is inches away. Starbuck finishes the Ogre Magi, which is great. We get more mana. We get Brilliance Aura. But you can't take that camp when Immolation is near. So we abandon this. But are we teching now? Moon doesn't tech either. Full force. Very good by Starbuck to not expose his economy to the Demon Hunter. And he's getting hurt now. It's boots time.
Both will probably be going for it, or try to. They have the gold. Archmage especially. Circlet. No boots just yet. But now. Good multitasking by Starbuck. Former StarCraft player. He got that down. Footies can deal with the Demon Hunter nicely as long as there's no immolation. There's no shop for Starbuck, I think. He just wants the Demon Hunter to deal damage against the Footman, against Water Elementals, and not to his economy. But unfortunately, the Expo didn't even start just yet. Only now he had the gold. And we got power. Units, herd, tech. Still far away. Power building the scout tower now. Afraid of another Demon Hunter. And you know what? That is justified. Six workers is always a little more expensive than what we usually see. How fast can we get that Arcane Tower up? 1/3. Expo must finish. And he can't afford too many losses here, but Archers and Ancient are creeping at the bottom, or should be, with the Ancient of War arriving. And Arcane Tower is finishing. The Expo is finishing. Starbuck is stabilizing. Moon learned from the disaster against Labyrinth. Building the expansion on the spot instead of walking it into the creeps. Oh, Archmage! We said he's stabilizing, but then he's getting caught by the Naga. Can escape to the left-hand side. Same for the Footman. And he still got that deny down. Let's go. Don't feed the demon up to 3. And Archmage is looking for lures. As he loves to do. This is a cancel, right? And again, these lore cancels are so big. He needs some damage. He gets that damage. And he runs away thanks to the Boots of Speed. Life-saving item once again. One mistake is elimination here. In a tournament where you can win $15,000. We got the shop up, and I gotta say, Starbucks timings are pretty perfect. Players' forces are under attack. No tier 3 by Moon yet, as he was investing into that Expo. We try this again. Starbuck is bleeding lots of small units, which he can afford. But of course, it's not ideal. Oh, wait a minute! Wait a minute! There's no width to repair! The Footmen are here! Starbuck, you genius! Distracting on the left-hand side. Is it enough? This is such a clutch moment. He's going for the Naga once again. Is that really not enough time to kill the Tree of Life? Apparently not. He lets go, leads another Footman. And that is soon level 3 for the Demon Hunter. Moon dodges a bullet here. Fast reaction. And every moment you spend in defense, you can't spend in offense. And then you delay the mining via Water Elemental on the Entangle. Oh, couldn't he have cancelled it with 4 Footmen? Now he doesn't have them anymore. He's getting his... The clarity got cancelled. He's getting slowed. He's getting slowed again. It feels like Starbuck is taking too many losses here. But his Expo is running. So many Footmen dead.
He gets the Blood Mage. He gets mass rifles. The mass rifles looked good for a while in the previous game, but there the tech was also a bit later. Dribble around the archers, but no water elemental support, unfortunately. Big hit. The Naga's coming. It must be a TP. She doesn't have a Fork Lightning. Dryad Spear, slow. Naga stops for a second. Can she reach? Oh, she can. That's a TP, isn't it? Immolation. More damage. One swipe. Not allowed. But you need healing. You need time for that healing. Maybe even a potion. Exactly. Oh, this is so tense. Double Barracks, double Sanctum, and Blood Mage is out. A player's forces are under attack. Last hit. Goes to Starbuck? Are we... I think so. Oh my. Heal scrolls to Moon though. There is no Blizzard yet. There's no Flame Strike. Having heal scrolls, of course, always better than not having heal scrolls. A player's forces are under attack. That was crazy. Can't control the Demon Hunter, but with the Blood Mage level 2, you will be able to, finally. Moon is not too heavy on Dryads. He doesn't have that much display. Starbuck knows he needs levels. With rifles, you can get these levels. There's not much time. Blood Mage solo levels. And Mana Stone. What a group this is, guys. Soul Apeman might not be casting, but Sork ladies are coming. Even pulled the Militia to accelerate this. Moon also feels his Naga's underleveled. Can't push, can't fight. He got Master Bears out. Dispel Dryads, and he needs more Dispel Dryads. Starbuck's doing a great job. The Scroll of the Beast, not that fantastic. You have this in Bears already, so maybe a trip to the shop. That's the third heal scroll. If he waits 10 seconds, it is. But it's going to the Archmage. Against Fork Lightning, a brilliant addition. The Moon pulled back. He was close to that Expo already. Blood Mage all of a sudden level 3. No Tome of Retraining yet. Recraft. Tower. Okay. Both want to push the other player. Do you really want to go into a base trade with the greatest base trader of all time? Moon has a TP, Starbuck does not. Also, he doesn't have the gold for a TP right now. We establish a sanctuary here, trying to lure the opponent into that spot. And Moon knows this push is coming. He knew it before. Are we trading or are we defending? Moon a bit hesitant. Town Portal coming in now. This is begging for a retreat. There it is. How many sorcerers? How many Dryads? 5. Starbuck saw the entire army. He also knows 3 Moonwells, Staff, Orb. It's all here. Starbuck is fighting for survival in the Don't Force Me Cup. Demon Hunter level 4 will be hit with Banish. There is no anti-magic potion on him. I love that there is a breaker to steal the rejuve. And this position is really hard to fight into. Demon Hunter, Banish, Peasants are getting murdered, but that's about it. We need crazy kiting game. We need great slow. The detonates are all right. Moon saw the tower now. First bear down. Can he take that fight? He got that 10 food lead, but he's attacked down. Second bear killed.
No staff by Moon just yet. He's holding it for the Demon Hunter. One heal scroll each. The Scroll of the Beast again, useless. As long as there's a breaker, Moon is not using the Reju. And there's two of them. Blood Mage marching forward, stealing the mana of the Naga. Demon Hunter low. Oh, Starbuck looking good. Starbuck looking sharp. He's conquering this bridgehead. And if he establishes this foothold, God have mercy. Now don't overpace. You're building the tower. Yeah, that's the power of the Spellbreakers. Take the rejuve away from the demon. Put it onto your Archmage. She can even tank a little bit now. Love the micro on the breakers as well. As long as they can steal the spell, that's all you need to do! Fog Lightning hits hard, but it's not hard enough. Breakers falling, heal scroll ready. Demon Hunter controlled. The damage is ending up on the bears once again. Oh, Moon stemming against the defeat. Mortar teams would do wonders here, but we don't see a workshop yet. Reju this time not stolen, not necessary. Bear is dead anyway. Moon is getting some range damage in. Dryad, poison stacking up. Naga damage as well. Close to level 5. Moon is still in this. He's losing lots of high value targets, but Moon is still in this. Getting the faster reinforcements, of course, the advantage of a defensive position. Tower up, but only one. Trying to get this breaker. Both breakers might die at the same time, and then the floodgates are open for a redo. We got more mana drained. Always, always, always mana drained. And we do have 2 new breakers coming in. Heal potion, anti-magic potion. Starbuck is retreating. 70 food. But no fuel for immolation and no mana burn. Archmage rushes to the shop. It's not really a moment for Moon to engage. He has to lick his wounds too, and soon 3 guard towers up. I kind of love that he doesn't go for an arcane, because his arcane is the Blood Mage. Anti-magic and Reju on top. Can't banish against anti-magic. Archmage is here. Double heal scroll once again. Banish on the bears now. That's luxury. And what can you do against these towers? Is there enough damage? It looks like there is. Almost a perfect army for Starbuck. 2 bears about to drop. Moon is in a world of trouble. Fork Lightning hits, but the heal scroll against it. Unfortunately, both were on the Archmage, so next heal scroll is on cooldown. Ah, okay, he passes it now. And now the floodgates are open towards the expansion. If Moon loses that base, it should be over. Unless we get a level 6 Demon Hunter, then we'll see. Tower position far forward. I was kind of missing that for the entirety of the push. There was enough time, it seems. Priest almost empty. Sorks almost empty. That Brilliance Aura has to work overtime. More pressure. There's always a bit of damage towards that second base. But Starbuck, this is a key unit. That Spellbreaker safe. Demon Hunter can retreat. And just, oh, can he? He's going back in with the staff. Wait a minute. What the hell is this? Moon is building another tree up to the red camp now that the floodgates here are open. He sees the win condition Naga level 5. Naga level 5 Fork Lightning can roast the Rifleman and can be a way back. He's still mining here. Demon is back. Mortars would be so good, but how to afford them? How to afford them when you constantly need reinforcements? At least the shop is up. Double invuln as well. Moon is playing a brilliant defensive game, you have to say. The Dryads were not once exposed to the rifles, otherwise they fall like flies. Their main goal is to dispel. Can he finally kick it? He needs a little bit more time. He's gunning down the wisp. Only 1 detonate out of 5. That's crazy. Moon got the level 5 though. It is daytime and the Expo is dead. Starbuck making big leaps towards the game 3.
Shop will go down. 2 Moonwells will go down. Moon will be supply blocked. And the bears were split to the side. Did Starbuck realize, unlike me, lol, that the bears were missing? And that there has to be some shenanigans? This will take a lot of time. Starbuck did not get both heal scrolls. You see invisibility, but no scouts on the map. Starbuck going for the throat, going for the main. Five versus 4. The army by Starbuck should be overwhelming. Moon was hoping that he would take time. Oh, Blood Mage, careful. That it would take time. More time to get that second base up. Staff was used. More damage. The damage on the rifles is as always absurd. Guns them down one by one. 3 breakers as well, so you don't really have to fear rejuvenation. Starbuck should have this game in the books. Moon can't rebuild what he's losing right now. Up until the Moonwells are finishing. That is in a second. And more experience with these water elementals. He gets good vision. He gets good information. But he's also feeding up that Demon Hunter up to 5/5. Nighttime falls now. But what does it do if the Moonwells are getting killed? Demon Hunter has no mana. Blood Mage. Might need a banish soon. Might need an invul soon. There it is. Bears marching forward. So many rifle kills. The priests have to take care of the Blood Mage. We have 1 heal scroll. So close to 5 as well. On Starbuck's side. Huge upgrades come in. Focus fire. I guess it's not perfect. Breaker. Oh, that rejuve is insane on the rifleman. Fantastic. Double level 5. Naga can't really play her Fork Lightning advantage as the Blood Mage is stealing mana always. And now this is mass murder. 2 Dryads falling. A bear falling. And Starbuck, you're so far ahead, my dude. You're so far ahead. Close it out. I don't think he has an idea that Moon is mining. But maybe it doesn't matter. Staff banish on the water elemental. Gets it now with the dispel. But it was denied. Holy smokes, man. This game on a knife's edge. Moon still sees a win condition being at 50 food. No upkeep for him. So 2 full bases versus 2 half bases. But if you don't allow the Fork Lightnings, I don't see what should threaten Starbuck anymore. Starbuck is 1500 gold. He's working on that 3rd base, which is like... It's over. Let's be honest. This is over. Moon's still trying to put on a show. But as soon as he marches forward, rifle, boom. As soon as he marches forward here, breakers, boom. And there's so little to work with if you're Moon. And he's still supply blocked. The human army is better than your army. Demon Hunter evasion level 3, by the way. What an absurd passive to have. But it's game. Starbuck deals with the pressure well. GG, 1-1. This series and the survival in the Don't Force Me Cup is down to 1 map once again. This group stage day is everything we wanted from that group stage day. And then the winner of this still has to defeat Labyrinth. Let's not forget about that, alright? Let's not forget about that. Will Starbuck walk home empty-handed once again, or will Moon face the second first round elimination in a row?
Guys, the pressure is too crazy. I'm gonna go to the restroom real quick. The game isn't up yet, so we have some time. Check out backtowarcraft.com/support and check if you have a Prime sub lying around. We bring you the best competitive Warcraft on the planet, and the decision is close. Be right back. Thank you, Largemouth Bass 12345 for the 15-month. Game up. Moon or Starbuck. One of the two fan favorites will be out now. I need a little bit of energy. Setting up the game. It started. Overlay needs a little schmack. Oh no. I got a War 3 Champions error. Now it's working. Match points for both players. There can only be one. One Highlander and one Survivor. Labyrinth is waiting in the lower bracket final of this group of death. 40 is already in the playoffs. It's down between Moon and Starbuck, the most decorated player in Warcraft 3 history against the best Western player. Starbuck tried Mountain King. That didn't work. But with the Norm and an immense tug of war, Moon fell on map 2. And now, the decision. Fruwald, thank you very much for 108 months. That is 9 years of support. You freaking legend. Thank you for still being with us for such a long time. So, we find ourselves on springtime. An intense series is coming up. We go Archmage once again. We go Demon Hunter once again. Springtime has oftentimes been decided by fighting positions and blizzard placement. Will that be the same again here?
If yes, how will Moon deal with that? I don't think any of the player have to change up much. The idea in general of both players is great. The plans work, it's just about execution. It's a lot about shop control as well. On this map we have 2 shops, but oftentimes fights on 1 lane. So on Northern Isles, closing down the avenue was a very good call by Starbuck to park it at the marketplace. But for now, we start slow and steady. Wisp ready. In for the detonate. Not playing too much around it. Could have pressured that Wisp with an Archmage a little bit. Oh, he's not finishing the camp? Now he is. We got that battle for the middle camp. For both players, it's level 2. Starbuck a little bit behind due to that water elemental detonate. He wants Moon to burn through his mana, to burn through his Moonwells. That's his way of softening up the early game. Without Brilliant Aura, this Archmage at the moment is just a big archer. A player's forces are under attack. Moon teching instead. Using the time wisely. Is Starbuck still willing to expand? Without water? Oh, there's one water. But the Wisp is ready. Oh, might be sniped here. This all time. Oh, Moon had the double Wisp detonate ready. And this time Starbuck plays very, very well about it, around it. Water elemental still up. Good tank. Good damage dealer. But the Wisps, I think, are still on the map, aren't they? Archmage is shutting the door, though. And this is great anti-pressure play by Starbuck. Oh, he's so prepared. And that's level 2. That's the Brilliance Aura. That should be a free creep. And I'm curious what Moon's backup plan is, because this didn't go as expected. As long as there's immolation, though, there is hope. Deny. On point. Plus the Sasquatch. Time for a second base. And then for Moon, it's up to decide if it's a 1 base bear bust or if he wants to counter expand here at 6 o'clock. And I think that Wisp is a pretty good indicator of what the plan is. Whoopsie. Berserker and Shadow Priest. Nesk, thank you very much for the 40 month, dude. Crazy. Oh man, not only that, huh? We just increased the prize pool by $50. Was that you too? For the War 3 Champions Finals, that is. A player's forces are under attack. Oh no, Moon's Huntress Hall is so late. He got the boots, he sold the TP. And the lures will be incredibly late. Oh my god. That's not good. Yeah, Nesk, you freaking legend. Thank you, thank you, thank you. Arcane Tower 2/3. Expo up. We got quite some archers. This mercenary purchase adds some pressure now. But he should be able to deal with that. Especially if he buys the time for an arcane. Moon, what are you cooking? Naga is here. But the burns hurt. It's a lot of range. It's a lot of pressure. Moon needs lures now. He only got the resources at this very moment, where he's also pressuring. Almost no immolation anymore. Water Elemental. Oh, blocked himself a little bit. Archmage has boots and double ring, which comes in super handy at that stage of the game. But there's no healing. Starbuck gotta be so careful. He needs extraordinary defensive play. More footies. He can't even think of tech units yet. Tech has only started. Demon Hunter 2.5. Naga is leveling up. Trading footmen for archers
Moon is going tier 3. Demon Hunter is losing HP. And new militia are coming. And the Naga is almost surrounded. Oh my, the block by Starbuck is crazy. But 1 second more. He needed 1 second more. Another block. The pickaxe. The fireball. The kill. Starbuck. This buys so much time. Tech it 50%. It was a level 2 Naga. So she's benched for 60 seconds. The blocks were mental. The surround also. He still needs that blacksmith up. Like, you can't even breathe for a second here. But he should know with all that pressure and the mercs and the Naga and also the absence of dryads that bears are coming. And how can you prepare for that when resources are low? Both have boots and another archer down. No level 3 who gets it faster. Footmen, archers, both dying like flies. Level 3. No mana burn again. Also level 3 here. This is neck and neck between the two. Dodges the pick. But Starbuck is the one on 2 bases. Starbuck is the one who's cooking. Starbuck is the one with the blood mage. Stabilizing with every second, but the biggest storm is yet to come. Tier 3 done. Naga back. Base walled off. No entry. Tier 2 is there, so we can go potions. No mana for the Fork Lightning, and again, the most defensive position possible. Rifle casters it is. It's... How many production buildings we got? Is it 3? It's 2! Wow! Despite being on 2 bases for so long, he was only able to afford 2 production buildings. Has to go for another potion here. This is great pressure by Moon. This is exactly how he has to play it. Archmage taking way too many hits. Archmage willing to take these trades for the potion. Interesting. For the siphon to go through first and foremost. But the ranged units get a connection. Bears are here. Starbuck needs more. He needs more everything. Even food puts the Night Elf into an advantage because he got that tier 3. Starbuck needs to survive and not take too many hits. The rifle, very unfortunate. Archmage! Used as decoys. The bears in the main. He needs the 2 bases. Can Moon do it? Against all odds. Reju on the bear is great. There was no time for a breaker just yet. And he taps out! He taps out! This is too much pressure! The best Western player has been eliminated by the greatest player, and we get a rematch of Labyrinth and Moon in the lower bracket for future survival into the playoffs. This early game was too punishing. The tech was too fast. Moon, we all know it for many, many, many years, loves the dryads, but when it's about survival, you gotta skip them dryads. And you gotta go for bears and bust that base. Incredible. Incredible shift of strategies by Moon. There's been so many Night Elves. Jens paved the way that go for 2 base, and then we have these big fights, and then at some point you struggle. But Moon turns it all on his head. Says, I don't need any second bases. I don't need any big armies. Give me a demon, give me a Naga, despite the Naga loss also. And let me wreck your expo. Heartbreaking for Starbuck. I'm pretty sure in any other group he would survive. But he was in the hardest group of them all. And for that,
He was done. And now we get Moon and Labyrinth once again. The two big tournaments, unfortunately not made for Starbuck. He's still alive in B Cup as far as I know. So he can still perform there. But for someone who made back-to-back B Cup Grand Finals, top 16 elimination is not what you want, regardless of the map. But Moon's pressure was like constant. And it turns out the delayed lures in favor of the mercenaries was a very, very good call. The trade's always 50-50. The harassers were there when they needed to be there, kept the Archmage low for a very long time. Oh man. Sad, of course, for the Western scene. But yeah, this group was mental. A lot of people were sure that Starbuck would be making it through. And let's be honest, he was this close to eliminating 40. And maybe he should have. But in hindsight, Starbuck 4th, 41st. Because of that constant harass, he just didn't get the numbers up. With human, yeah, this one base is a this two base is a liability for a while. And then at some point you got the mass units, you break free, and then you dominate the game. But human playing in the early stages is suffering. It always is. And because he had to rebuild so many footmen, so many workers, get the potions, get the shop up, there was no second Rex. There was no second Sanctum. And without that, it's incredibly hard. Richie Rakeda, thank you for the prime. Man, it's 1 week between Starbuck being on top of the world, the 5-0 show match versus Grubby. And then 1 week later, he defeats 40 in a map. And it looks so good. And then he's being eliminated just an hour later. That's the tough parts of competition, guys. That's the tough parts of competition. I hope he's not getting demotivated from this. Because this was a killer group. And Moon, man. He was flying under the radar for a lot of people, huh? I saw glimpses of brilliance in the past couple of Moon games, and it's getting better again. Getting more stable again. Maybe motivated by a patch, whatever it is. But a Moon in shape it's really good for the scene. And I love the way he's thinking about the game. Love the way he was adapting throughout the series. That was epic. Can he reward himself, though? Can he reward himself? That's the question now. Labby or Moon, which Korean will join us? It's gonna be the first Korean. We got Happy, of course, from the CIS region. We got Life and 40 from the Chinese region. And now one Korean. The second best undead in the world against one of the top night elves in the world. It is a rematch. The first series went Labyrinth way. That was also close and maybe decided by one mistake by Moon. That was a grave mistake, though. Moving his tree into the creeps was unforgivable. So now there's two options. A, Moon is feeling like he's 10 feet tall and got that momentum and runs with it. Or he's a bit tired out. It's been a long day already. And Labyrinth is a freaking powerhouse.
Can Labby do it again? And can he erase the stench of the Dolphin Cup, where he was eliminated first round? The loss against Labby, against 40, that happens, especially in this matchup. Now, is his Undead Night Elf good enough to defeat Moon back-to-back? Once again, thank you, Nesk, for that big $50 dono towards the War 3 Champions Finals. That is huge! Okay. Labyrinth, upper left-hand side. When he declined participation for B Cup, I was wondering, oops, is it that time of the year again where Levy just disappears for a while? But since he's showing super strong results in L Cup and also here so far, I think he's safe to stay. After this stream, by the way, DACH Inferno Grand Final. Franzyzz, Leon, Toxi, as well as Teddster fighting for the German championship. No break! Just the best players from the DACH region. Moon starting with the Demon Hunter once again. Getting the item, running across. Wisp in position for the detonate against exactly that play by Labyrinth that we've seen before. Coil on cooldown. But only one skeleton here, huh? So detonate at the moment, not worth it. Nice little mind games. Trying to get rid of the blight, including a skeleton. Demon Hunter's here. Immolation. And now, how do we play this? The flaw in Moon's first series on game 1 was not going Immolation. Now how much damage can he do to the ghouls? Detto. Oh, Moon very conservative with them, and the DK is tanking lots of damage, huh? This is not that great for Labby, to be honest. Nothing that a Ritual Dagger can't fix. Also this. The Cobalt Taskmaster is still up. Moon stays on tier 1, goes for an early counter expansion here. Classic position. Chance for more right clicks. Can't allow the Demon Hunter to get the Taskmaster though. I think the Narrow Tower should, yep, secure it. There we go. And that's level 2, and that is free HP regen for the rest of the game. Another Archer falling. Ah, was supposed to fall, but now the Ghoul gets killed instead. Labby, we gotta say, a bit unlucky. He has a great Undead Mirror. He got a very unique matchup versus Orc. And he's a killer versus human. And he ends up in this group. Like, this goes for everyone. It seems like, though, that we are kind of approaching the end of day. Every player was super ready for this group. Every player seemed extra motivated from being in this group. And, of course, the $15,000 for first. That might help. Labby can heal. Labby can mine. And Moon can creep. Labby wasn't able to attack the tree during build-up, where it takes basically extra damage. Where are we going for? For archers. Creeps were the biggest helpers in the deciding game in the first series.
God damn it. That Ritual Dagger and Unholy Aura, how much HP that regenerated. It's an arms race to level 3. So far that Demon Hunter is doing a good job. Mega block by Labby, but at what cost? 3 ghouls about to fall. He's only now sending them back into the wrong direction though. Simple for the Demon Hunter to pick them up. He's not even that far away from the fight. No block either. But units are falling from both sides. This is pretty much exactly what we've seen on Northern Isles between them. And Labby has to go for another ghoul rotation to keep up the pressure. Naga second. Lifesaver. And with this defense, Moon's Expo has high chances of surviving. What about his tier 2? So many kills. Level 3.2. Oh my god, Labby, you are falling apart, aren't you? How many ghouls was that? Maybe it doesn't matter in the end. Crypt and Graveyard. As long as Moon isn't mining, maybe it doesn't matter in the end. Coil for the steal! Oh man! Moon, no mana burn of course, then no mana control. But big XP. For Moon, it's not as bad as it usually would be because he's level 3 already. The Naga would have benefited a lot. But yeah, the experience. Chat says 7 to 8 ghouls. Jesus. Big investment. This slows down creeping, of course, as well. This slows down lumber. Tech is almost done. And Moon on the way to tier 3 with delayed lures. Second expo or second gold mine will take some time. But then it's fine. A little bit of a lucky break that we stopped fighting for a second. The creep check here would have been gnarly. Wait. There's a guard. On 2 crypts. That must be a fake guard. Or scout guard. There's no way you go Gargs on 2 crypts. Third crypt it is. He knows for a while that it's the Naga and no Panda. Coil? Okay. Okay. He's above the threshold though for the kill. Yeah, guys, with Gargs here, I got a feeling DACH Inferno finals might start 15 minutes later. This can take a long time. Tier 3 halfway done. Panda can be added 3rd, as there is still a lot of creeps on the map. But that means you can't go for a keeper against a potential dread. Instead, you buy lots of heal scrolls, get the level up. Bit unfortunate to not get level 3, but it is what it is. Did Moon see the Gargs already? We don't see APs. It's a very different game. Okay.
will be torn down. And Moon goes for a super quick panda. I like this. He got level 2 mana burn. This is most important. He got level 2 fork lightning, which is really good. So the foundation is good. Put a panda on top. And for Gargs, you need the numbers game. And this is not scary numbers yet. Same goes for the heroes. Moon. Moon puts himself in a brilliant position if he can creep the panda now. But this is where Demon Hunter Naga excel at. Harass with them. They don't need the progress. They can staff each other. And the panda can creep in the meantime. Usually when you play Gargs, you want to harass lumber. But that hasn't happened once. Moon plays a very economic game. 1000 gold, defense upgrades, attack upgrades. It's of course nothing that Moon hasn't experienced. I mean, he's been on the top of the scene for 20 years. And especially in like 2007 to 9, it was all Gargs. But it's rather unusual these days. First heal scroll used, and there's 2 on the other side. Fork lightning in, Demon Hunter 50%, Dryads taken out, Demon Hunter still hacking and slaying with that orb. I don't know if there's enough firepower here. Drunken Haze is amazing. Dispelled lots of misses now. Labby is 20 food up though. Where is Moon's production? He got so much gold. He needs to spend it though. Is he missing his mark? He got 2,000 gold. And maybe this was the one moment that Labby needed. Destroyer safe to the side. Moon bent and bruised. A creep jack over a turtle is where he might have gotten a little bit too greedy. Demon Hunter, no TP, has a staff. Careful, we have Dog Ritual. He can eat a ghoul, get a Nova. Not just yet. Still 2,000 gold. He's going back to 50. He's gonna build an insane army, but on the other side, Labby is investing. The invests are paying off. And now we got a lot of economy, but Moon sees it. No frostworms, right? Nope. Another creep spot, Lich level 3, Pendant of Energy, nice! Where that damage at? Breath of Fire gets 1 Garg out of the air. 2 Destroyers about to die, but the Dispel of Destroyers is fine. Panda level 3. 3 base, 3 base. You don't see that every day. The town is under siege. Levels of Moon are Opposing forces are under attack. strong demon, strong Naga. This could be contested with 80 food double scroll. Against Panda, you need a full inventory of scrolls. Town is under siege. And Labby shows he's willing to fight. This army is not that scary though, is it?
Classic harass doesn't really do too much. It's 10 Gargs. Moon still needs time for army, but once this 80-80 is up, we don't have winds, right? It's only dryads. Big deforestation. Who keeps his nerves together? Triple heal scroll versus dual heal scroll. Third attack upgrade coming. Stone form only now. Ooh, that's late. Zapper. Boom! That doesn't really do too much, to be honest. He actually saves the second one. Quick reaction, Drunken Haze, Breath of Fire, no stone form! Oh my god, how can you play Gargs against the Panda and not have stone form? The heal ward is a little bit of a lifesaver here. And Moon should bleed Dryads quickly. Drunken Haze, Breath of Fire again. Now Stone Form is ready, not using it. Heal Scrolls both gone. Dryads also. Panda in trouble. Any Coil Nova Enjoyers here. Invo Potion to save himself from that. We do have solid piercing damage, but the Panda is so sick. He's so good. Is it enough though? Neck and neck fights. Dryads falling, Gargs falling, everything dead. Retreating now. No shop, but instant reinforcements from this crypt. Moon is pulling ahead with the levels, with the Panda. He's still got mana. How does he still have mana? That's insane. No Coil, no Nova. That Lich is about to fall here. There's no consumables anymore. A Hail Mary, but that doesn't work. The DK will fall. The Demon Sending Tall. That Panda is a madman. He still spits fire. Absolute fireworks by Moon. Great restraint when it comes to economy. Banking 2k on 50. It's so easy to get overwhelmed by these armies. And then he had the right army when he needed it. And Labby not having stone form. Big blunder, IMO. Panda also mana stone is a big reason why he was able to do so much damage, eh? 9,000 damage Pandaren Brewmaster. 9,000. Huge! And all of a sudden, Labyrinth is facing elimination. Love to see that super quick Panda. You cannot win Gargoyles without a Panda. You can't. And for a long time, people argued, oh, you can't. It doesn't work. It does work. It's great. Brilliant mind by Moon. Heal scrolls also, like all the important things. Check, check, check. It looked quite wonderful. And once again, it goes to show that Moon is a very, very, very good player in this matchup when he's not up against Happy. And Labby, he ate these Pandaren Breath of Fires way, 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 way too much. I don't think that many people had Moon on the list when the question was who survives this group. 40, everybody had 40 on the list, obviously. 40 and Starbuck was the #1 answer. 40 Labby, probably the #2 answer. But Moon? Everybody says he's washed. You know, he's not dominating the scene like he was 15 years ago. But when that guy is motivated and puts his time and mind towards the game, good things are happening. Speak for yourself? Nabu, you little rat. At the beginning of the broadcast, I said, don't sleep on Moon. He's getting in killer shape again. But then he also walked his expansion into the creeps and lost. But that's not the point. Apart from that little blunder, Moon is playing an awesome, awesome tournament day.
and Levy is facing elimination. It could be the second group stage elimination for the second biggest undead. Right after Dolphin Cup. The player's forces are under attack. For Moon, he has always shown this like one great map. But you need a little bit more. Today seems to be one of these days. And Levy, in comparison of course, not the greatest tournament experience. It's hard to compete in that. With wood. How does he deal with pressure? I see a comeback hit. Can he force game 3? It would be fitting to this day. He's going back to his signature Lich play. Dodge the Detto. There's still Blight here. This Wisp wasn't too great. Maybe he got skeletons. He got level 2. I foresee more night elves will follow Moon on this early 2 Wisp out. That's a Kaho play, actually. A player's forces are under attack. Sometimes the new generation inspires the old generation. Ziggurat should be safe. Yeah, Levy. Signature Lich. Town is under siege. Mana gets burned, but attacking from afar and especially his frost armor. Is a huge addition. A player's He did this in the first series in the winner bracket and was successful. But Moon got a pretty good mind for the game. Oh, he wants that item. Bad. Lich might be able to threaten this demon even more. Like, range attacks against demon are so good. Unfortunately, there's no unholy aura, but the ritual dagger heals it all back up again. Moon maybe took a little bit too much damage, but nothing Moonwells can fix. A player's forces are Counter under expansion again, so Moon is just here to buy time. Love this archer in the middle, canceling 1 or 2 units healing. Counter pressure, but Moon is ready. The classic tandem in this matchup. Here's the frost armor, it's so good. I think this should be the standard actually. Frost armor 2. Especially in the early stages. But who plays Lich first? It's only Levy. attack. A player's forces are under attack. And ghouls in the base. That is a lot of ghouls in the base. On the previous map, Levy lost 7 to 8. That was too much. Can he threaten Moonwells? It's nighttime. Every Moonwell you kill now cannot regenerate the Moonwells. We got split ghoul attacks. He's not going for the wisps, interestingly. Lich and Demon Hunter fight side by side. Archers have to hide. This is costing a lot of resources. Moon is broke, actually. Lich also, no TP. Careful. Frost armor. Archers ready, but he dribbles them. A player's forces are under attack. Frost armor dispel. Lich gotta run. Demon is fast. But the Moonwell fell, right? Yep, the ghouls did the job. Wisp, ooh, not blocking. And behind that, Expo is over. Expo is done. Levy doesn't have the gold because he got the tier 2. Moon got the tier 2 ready. He built another Moonwell on the back of this. The second hero Player's forces shall are arrive. under attack. New ghouls. Is he on double crypt already? No. That looked like it for a second. Again, so many resources for repair. That's crazy. Levy is playing an insane game.
Moon is at 26 food. That is basically nothing. But it's not game-breaking damage. Oh, that's level 3. Mana should be burned soon. Wait, he gets another Moonwell. Holy smokes, Labby! Player's forces are under attack. When you see these ghoul plays by Labyrinth, why would he ever go Fiends? And Demon Hunter is only 2.4. That is not scary, but he doesn't have a TP! The Naga's here! Oh no! Run, Lich, run! The extra armor will help, but is it enough? He escapes and he just turns back around. Because he's such a chat. Or a lunatic. You know, sometimes that's very, very close together. Player's forces are under attack. This Moonwell he shall hold, but how many wisps were falling here? Lich is 3.1. Demon Hunter got good kills eventually. Lich is safe, needs to heal. We're again in this 8-9 ghoul territory, huh? Thankfully for Lavi, Naga doesn't have Frost Arrow anymore. Demon's still hungry though. Moon had to rebuild 2 Moonwells, that's 360 gold. A very unique play, deny, love to see it. How's that Lich doing? Bad. Naga stalking around, knows that there must be healing he can cancel. Turns around, gets it, and Ritual Dagger, only 1 charge anymore. DK coming. Slaughterhouse, second crib, and tier 3. Moon on the way to tier 3, getting the lores. And the Demon Hunter is 3. And he's tanky. Oh, he built a street of Blight. So he can creep here on Blight. Oh, that's interesting. It's not contested, really. But my god, does he need healing. My god, does he need that coil. But the DK has arrived. Everybody's game again. We're 10 minutes in. And it's looking great. From a competitive standpoint. Very even. Both with room for improvement. Moon close to tier 3. Oh, any stealers? Not yet. Mana Stone here now. That was a game-winning item on map 1. Four Fiends, tier 3 up. Oh, really? Getting the creeps involved here. Bit odd. And we don't want to fight if you're Labby now. He's just finished with the tier 3. Same for Moon, actually. Nobody has an orb yet. Nobody has Destroyer, Frenzy, or Master Bears yet. Juicy Jones, man. Thank you for the 3 month. MW, thank you for the 18 month. No mana at all. The Fiend. Oh, Demon Staff is ready. There might not have been an orb, but the staff was ready. A player's forces are under attack. Fiend damage output crazy. Lich still needs to level a little bit. Frenzy and Destroyer's up. Moon again.
No sign of talents. Sobi mask as well. Ooh, boy. Mana potion consumed. That's 1 kill, 1 staff, 2nd kill. Yeah, Levy is charging up. I think chances for game 3 are increasing. Dispel the rejo. 70 food. The ghouls are coming. This is a very, very, very decisive push by Labby now. With Naga controlling the demon a little bit. Frost arrow and frost armor. Demon Hunter has a potion, but only potion of healing. What can these bears do? DK a little far forward. Staff used. Demon Hunter has an invul potion now as well. Moon coming in very, very, very prepared. That Demon Hunter alone is worth 10 supply. If he uses the potion. And he's using both in quick succession. That is not enough until the staff is ready, but he takes care of all of the mana. But Levy goes to the shop. Still 2 bases. Still ramping up to 80. Moon with a great hold though. Got rid of most of the ghouls. It's only 4 fiends. It's only 2 destroyers. There's no banshees, no abominations just yet. Moon is in a tremendous spot after this hold. Town portal home. Levy is not willing to engage into this. 1 Coil Nova's up. There's no evasion. And we've seen how close life got to a victory over Happy yesterday. And then, boom, Demon Hunter was dead. Was that TP necessary? I don't know. But you don't want to lose bases too quickly. Remember how fast Moon's Expos were killed in the first series. And he is at 80 already. Why not? We go Potom again. I feel Potom is a really good idea late game. Potom doesn't help much against the first push with ghouls, but afterwards she's amazing. Oh, no Orb of Venom. You're right. Potom will probably bring the Orb of Venom. More HP and more intelligence on the Lich. More HP and more agility on the Demon Hunter. What a beast! What a beast this Demon Hunter is. Look at him go. That doesn't... No, that does help against Nuke as well. Town portal home again. He's willing to take that trade. He's jumping right on top of him. OMG, Nagi. Both info potion with the first focus in an instant. Moon's Naga still 50%. We get the roar out. Bears falling. This is pure chaos. The staff is ready. Oh my god, there was like 3 HP. Sick. Well done. Naga now by Levy in trouble. Is this the way out for Levy of the tournament? Is that the way in for Moon into the playoffs? There's undead unit after undead unit. They're all falling. The DK in a world of trouble gets the potion out. Still has an invul, but what's left? We need a Hail Mary. We need a Coil Nova, but how to do that? The coil misses. Moon holds again. Levy had no way out. The town portal he jumped on top of his head. And you can't fight with a concussion. That is clear. The underdog in the group with an insane lower bracket run. All you can do is deny units. That's about it. Level 5 on the Demon Hunter. Even bases. This is unwinnable. The Lich is getting nuked and it seems like it's just a matter of time. He's marching forward. What can you do? Deny that Lich? I don't think so. The Owl makes it. That Burrow is completely useless. Labby
Doesn't want to admit it yet. But this is the end of the line. Town is under siege. Full moon in the group of death, and what a statement to take this 2-0. There's no way. The Demon Hunter can do anything. He's buying potions. He wants that blight region. But this is hopeless. The second best undead is again eliminated in the group stage. A Lich can do many things. Many impressive things. But beating 25 food and this Demon Hunter? I don't think so, buddy. And with that DK falling, that has to be it. No more coil. No more aura. Where is the hope? I don't know. But Moon is back in the top 8 of a tier 1 tournament in Warcraft 3. Or should be, at least. I mean, you never know what's happening, but that Potom is a boss, gets the block out. Yeah, this is the victory lap for Moon. Double kill. It's only a Lich. It's only a Lich. Hoping that Moon is like overcommitting, but no way in hell. You gotta wait a full minute for the DK. And how many potions can you buy? Aren't they out of stock by now? Moon was banking 1700 gold. Even with frost armor. What do you do? Can you win a one-on-one? That would be hilarious though if he loses. Mana potion maybe? Any nukers? Oh, he got the staff ready! Oh, ho, ho, ho. That would have been such a night of classic if he's losing that DH now, but not with Moon. You try to fool the legend? You can do that to life, my dude. But not to Moon. Lich level 5, Levy, great endurance, great resilience. He is buying every drink in the house. It is quite funny. Demon Hunter should be back in no time though. He saves the Lich again. Are you kidding me? The bottom is dead. No. No. Nova, how many potions are there in Warcraft 3? Is that the end? He got another coil. This is ridiculous. The supply is almost even. No. Moon has 1800 gold, okay? He gets invo potions. This is still like, it's 99% over. But that was hilarious. A player's forces are under attack. Labby flexing a little bit. In the end, there's still no way, is there? Oh my god, if Moon loses this game. The anti-infi. Not tapping out until everything's dead. We get the talent transition then. Either the damage versus destroyers or the cyclone must seal the deal. That was a funny moment though. Chat up in arms. Nerf these undead heroes, man! We've had enough! Get the pitchforks. Focus was maybe a bit off by Moon there. Main base empty.
WC3 can walk over. Little does Levy know that the talents are coming. I mean, Nova Fork Lightning can take out a lot of Naga. Level 4 bottom hits so hard. A player's forces are under attack. That would be hilarious, man. We got even supply numbers. Naga 5 for Moon is close. Is Moon... Okay, he's expanding. Inventory... Like, Moon is also far ahead in inventory, right? Like, this is the value grab. He is quite far ahead. But... Hey, make one mistake! He burned through 1,800 gold! A player's forces are under attack. Can't believe this game is still going. He's memeing with Owl? No, Owl is amazing for scouting, and Undeads use Burrow now all the time on Fiends. And the Owl is an anti-Burrow measure. Plus, you have the Orb of Venom anyway, and then you don't go Searing Arrow. Because you can't have an Orb and Searing Arrow. Oh my god. If Moon loses the Demon Hunter, Levy's gonna win the game. A town is under siege. Levy has to shut this down. I think he has the numbers. Does he have Web? He does. Demon is back. Levy full force, has no TP. There's a lot of free damage for Moon. What can you do now? Will Moon just tear him apart in an act of revenge? Oh my god, that DK was deleted from the fight. GG, Levy stepping against the defeat. This was fun, but not enough. Labyrinth and Starbuck have been eliminated from the Don't Force Me Cup. And Fortitude and Moon survive. What a day. What a day in the Don't Force Me Cup. Just fantastic Warcraft art every step of the way. The return of Moon to the pinnacle of the scene. Top 8 finish guaranteed and the potential for more. Oh yeah, this must be one of Moon's best showings recently. Well done. A lot of people are rooting for him every step of the way. Moon now has to play against 120, by the way, in B Cup. Lol, that never ends. But yeah, half of the group stage is over. We got Happy and Life as well as 40 and Moon. Focus, Ice Orc, Lin, and Lawlight on Monday, but tomorrow it's time for Kaho, Fly, 120, and Sock. We got some matches here as well with Moon in Happy's bracket will face Focus, Lin, Ice Orc, or Lawlight. Fortitude is dodging Happy's side of the bracket, might clash with Life, and then Focus, Lawlight, Lin, or Ice Orc. What a fantastic day. I gotta rush a little bit here. I got exactly 17 minutes till the German finals. Warcraft 3 DACH Inferno, the first day. 3 best of 5s coming your way. I have to do some setting up here. Broadcast might even... Yeah, I delay the broadcast a little bit. That's another 4 to 5 hours. Sponsored by the Koala Cookies. Leon, Franzyzz, Toxi, as well as Teddster, the top 4 fighting for the championship. I hope you enjoyed this. This was mega Warcraft. Starbuck vs. Fortitude, best series of like the past 5 months or something. Watch that if you haven't. Human versus Orc Masterclass.
Heart goes out to Starbuck that he's eliminated. Same for Labyrinth. They can't crown their B Cup achievements and minor tournament achievements. In the end, 40 and Moon stand tall. It is what it is. See you guys in 20 minutes for the DACH Inferno Grand Finals. I kinda feel bad for this guy. It's gonna be hard to say bye, but back to the lobby with you. I've got 20 more games to do. Staying hype, getting sniped. Got 20 more games to do. Staying hype, getting sniped.
Wir sind live, Freunde! Finals, Baby! 18 Uhr am Samstagabend. Nicht die normale Inferno-Zeit, sondern extra Wochenende. Da muss sich nicht groß freigenommen werden. Da muss man sich nur den Abend frei halten, anstatt ihn mit Familie, Freunde zu verbringen. Mit den Familien und Freunden aus der Warcraft-Szene. Denn hier wird ein neuer deutscher Meister gekürt. Holt Leon den 3. Titel? Wird Franzyzz weiterhin keine Map verlieren? Kriegen wir einen Underdog-Sieg von Toxi oder Teddster? All diese Fragen und vielleicht sogar noch mehr werden von uns beantwortet. Mein Name ist Neo. Hallo. Ihr kennt mich. Ihr kennt auch die beiden wunderschönen Personen neben mir in der goldenen Mitte. Der goldene Junge, der hier ist für die Human Games und um ein bisschen was über die anderen Matchups zu lernen. Anxiety, wie schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich da sein darf. Grüße gehen raus an alle Nachtelfen, die heute anscheinend nicht vertreten sind, aber mal schauen, was heute so abgeht. Man weiß es nie, man weiß es nie. Bei Toxi kann man sich nie so sicher sein. Darüber reden wir gleich natürlich noch. Fischer, du bist an meiner Seite seit der Rele, seit den Open Qualifiern der Rele. Und natürlich können wir auf dich nicht verzichten, wenn Finals sind. Ja, freut mich natürlich wieder mit am Start zu sein. Du hast es gesagt, seit der Rele sind wir unterwegs. Es war ein langer und sehr, sehr, sehr schöner Weg zu den Finals. Und hoffe nochmal, dass die nächsten 2 Tage uns genauso unterhalten werden wie die vergangenen Wochen, weil da war sehr, sehr, sehr viel Schönes dabei. Tolles Warcraft, lustige Statements und ich bin heiß. Ich freue mich auf die Matches heute. Fischer, würdest du sagen, es war die beste Season aller Zeiten? Absolut. Das war mit Abstand die beste. Warum? Zum einen, weil wir so richtig viele Upsets drin hatten. Ne? Wir hatten einen Franzyzz, von dem man nicht wusste, also man hat gesehen in der Rele, wie gut er da unterwegs war, aber man wusste jetzt nicht, dass er gleich so dermaßen durchziehen wird. Und dann auch gleich mal Leon, der in der letzten Season ja gar nichts hat anbrechen lassen, da erstmal eine Niederlage zufügt. Dann die ganze Storyline mit Kevin, ne? Letztes Jahr in den Finals gewesen, jetzt sehr, sehr hart gestruggelt. Wir hatten neue Leute dabei mit Teco, die auch brilliert haben, auch wenn er sehr, sehr spät zum Einsatz gekommen ist, weil alle gegen ihn postponed haben. Und dann war es bis zum letzten Spieltag spannend um die Finals-Plätze. Also da war sehr, sehr, sehr viel drin und einfach eine grandiose Season, die jetzt hoffentlich noch gekrönt wird. Es war so unfassbar knapp. Wir sehen die Tabelle gerade hier auf dem Stream. Franzyzz natürlich, du hast es gesagt, hat nichts abgegeben. Keine Series, keine Map. Alle Punkte sind nach Österreich gewandert und dann hat er auch noch Sympathiepunkte gesammelt in seinen Statements, hat unterm Disco-Licht getanzt und sonstige Scherze gemacht. Also Franzyzz hat wirklich alles gegeben diese Season und das startete natürlich mit dem Sieg gegen Leon am ersten Spieltag. Der hat sich davon nicht abbringen lassen, ist dann ab dem 2. Spieltag quasi richtig in die Season gestartet, hat ab da alles gewonnen, will jetzt natürlich Revanche üben gegen Franzyzz im Laufe der Season, vielleicht sogar schon heute im Winner Bracket Final. Dazu müssen aber erstmal die 2 Underdogs aus dem Weg geräumt werden. Fischi, auch da hast du viel Weises und Richtiges gesagt. Teddster, Toxi, Teco und bis zum gewissen Grad auch Edo haben um die Finals gefightet. Ein Spieltag nach dem anderen wurde dann da was ausgesiebt. Teco hat es dann leider hinten raus nicht geschafft. Immerhin den Abstieg verhindert, aber Teddster und Toxi statt Edo und Kevin auf den Finals. Und war es auch für dich eine tolle Season, Anxiety? Also ich habe mich vor allem für Teco gefreut. Es war schön zu sehen, dass jemand, der unterschätzt wird, über das Qualifying sehr solide reinkommt in die Liga und dann auch das Grindset an den Tag gelegt hat, um die Games zu machen, um hier bestehen zu können. Und die Tabelle hat gezeigt, dass er sogar kurz an den Finals vorbeigeschraubt ist und das hat mich sehr gefreut. Schade finde ich, dass Kevin ein bisschen underperformt hat. Ich wünsche mir, dass er nochmal die Maus in die Hand nimmt nächste Season und hoffentlich in der Liga bleibt und dann noch mal performen wird. Das hoffe ich doch auch. Und gerade wenn es zur Rele geht, da sollten natürlich Edo als auch Kevin die großen Favoriten sein. Tom hatte sich ja früh aus der Liga verabschiedet, von daher können wir da so großartig nicht viel drüber reden. Aber worüber wir reden können, ist unser Bracket, denn in unserer Liga haben wir diese tolle Idee, dass der Sieger der Regular Season sich den Gegner aussuchen kann. Und das hat Franzyzz gemacht und er hat Toxi genommen. Fischer, hat dich das überrascht? Tatsächlich hat es mich ein bisschen überrascht, aber mich überrascht auch gerade der Chat. Lass doch da erstmal drauf eingehen. Na gut, wenn ich's muss.
Ich dachte, beim Grand Final Day machen wir das hier alles professionell. Knubbequakes, you maniac! 200 gift subs today, 100 gift subs, 200 gift subs today. You seem to be in the mood, you seem to be in that special Knubbe gift sub mood. And for that, I branch out of the German broadcast. Thank you in English. I hope we do a Rara this year, and I hope we have the pleasure of sharing a drink once again. Amazing community support. Enjoy the evening, even though you don't understand a freaking thing. It is, of course, from the bottom of my heart. Thank you, thank you, thank you. Jetzt, Fischer, Ja. Bracket. So viel Zeit muss sein. Ja, also mich hat tatsächlich ein bisschen überrascht, dass Franzyzz sich Toxi rausgenommen hat. Also ich glaube, es war klar, dass er sich Leon nicht rauspicken wird. Das hält er sich auf jeden Fall fürs Upper Bracket Finale oder fürs Grand Final wahrscheinlich bereit. Ich dachte tatsächlich, dass er sich Teddster wählen wird, weil bei Toxi, der kann Human spielen mit Polar Rifle, was ja doch das eine oder andere Mal doch noch halbwegs, wie soll ich sagen, zu Erfolg führen kann. Und er kann natürlich auch Naidev spielen. Und da hat Franzyzz ja schon gesagt, gegen Naidev, das ist nicht so ganz sein stärkstes Matchup. Und wundert mich, denn Toxi ist eine absolute Wundertüte. Nicht nur, welche Rasse er spielt, sondern auch, was er dann spielen wird. Weil was der Junge spielt, ist einfach alles andere als Meta. Und das kann einen ziemlich überraschen. Deswegen hat es mich schon ein bisschen verwundert, muss ich sagen. Alrighty. Das, mich auch tatsächlich. Gegen Polar Rifle hat er sich wahrscheinlich sicher gefühlt. Wir können jetzt erstmal verlauten, dass Toxi nicht Human spielt. Er wird nicht Polar Rifle spielen. Toxi hat gerade angekündigt, er spielt Nachtelf. Anxiety, dein Kommentar dazu. Ja, schade für mich, gut für den Rest, würde ich sagen. Also haben wir Die Holzwirtschaft der Nachtelfen ist ja auch jetzt rege gebufft worden. Deshalb ist das für mich eine tolle Sache, da auch mal reinzuschauen. Mal gucken, wie das da so abläuft. Okay. Wir müssen natürlich auch von den Spielern hören. Denn die sind das absolut Wichtigste hier. Während wir hier Gift-Sub Nummer, was ist das? 200, 300? Gift-Sub Nummer 350 in den Chat geknallt bekommen. Knubbequakes 350 Gift-Subs. Total Gift-Sub Number 8,853. Enjoy the day. Keep on going. Keep on going. Usually I like to stop you, but no, keep on going until the credit card is burning. Wer auch gebrannt hat diese Season, war der Franzyzz und der wird gleich im ersten Match hier zu sehen sein. Wir werden mal hören, was Franzyzz denn so zu sagen hat vorm Grand Final. Moin Franzyzz, schön, dass du dir die Zeit nimmst für das Interview. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich habe gleich vorweg eine Frage, die uns natürlich allen ordentlich, ich sag mal, auf der Seele brennt, auf der Seele lastet. Du stehst nicht nur 7-0 in Serien, sondern auch 14-0 in Maps. Komplett ungeschlagen und das mit einem Raketenstart, nachdem du ja gerade erst ins DACH INFERNO reingekommen bist. Woher kommt der rasante Aufstieg? Bist du einfach schon immer besser gewesen als alle anderen? Ist diese aktuelle Saison deine Saison? Sind die Patches deine Patches? Was ist passiert? Ja, ich bin einfach gerade voll fit, würde ich sagen. Und ich bereite mich auch immer auf die Gegner gut vor, was ich früher auch nie gemacht habe. Ich weiß eigentlich immer genau, was mein Gegner macht, bevor das Game eigentlich schon losgeht. Ich rechne mir 2, 3 Szenarien aus, die er machen kann, und dann überlege ich mir im Vorfeld schon 2, 3 Counters dagegen. Und bis jetzt hat eigentlich bei jedem Game das genauso geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe, und ist auch genauso exekutiert worden, witzigerweise. Alles klar, das klingt gut. Wie sieht so eine Vorbereitung aus? Also guckst du dir die anderen Liga-Matches an oder guckst du dir auch deren Streams an? Die meisten Spieler des DACH INFERNO streamen ja auf irgendeine andere Art und Weise, teilweise sogar sehr häufig. Wo genau machst du deine Informationsbeschaffung? Meistens aus den Replays. Ich gucke halt die letzten... Ich lade mir halt die Replays runter, letzten, ca. 20 Replays oder so, oder 15, je nachdem, vielleicht manchmal nur 10. Und dann schaue ich die Creep Routes von meinen Gegnern an, welche Camps nehmen die, welchen Hero spielen die, machen die Exe, spielen die Greedy, machen die Fast Deck oder schnellen Deck. Und dann versuche ich, ob ich da Muster erkenne auf gewissen Maps, ob auf der gleichen Map immer wieder die gleiche Route kommt oder ob mal Abwechslung ist, und dann vergleiche ich es mit den anderen Maps, und wenn dann
irgendwie ist dann eine Struktur drin, jeder hat seinen eigenen Lieblingsstil und dann ist das meistens dann das Wahrscheinlichste für mich auch das, was dann im Game kommt und dann kommt das dann meistens sogar und ja, ich versuche aus meiner Seite nicht zu predictable zu sein, deshalb spiele ich auch verschiedene Strats in meinen Ladder Games, eben, dass mir das nicht passieren kann, dass mein Gegner sich gut auf mich vorbereiten kann, was ich früher auch nicht gemacht habe. Früher habe ich immer Phase einander gemacht, mittlerweile nicht mehr und ja, das Ungewisse ist halt eine Stärke und eine Schwäche und das Gewisse ist eine Schwäche von meinen Gegnern eigentlich oft. Okay, alles klar. Predictable sein, ja. Das heißt, wenn das Gewisse eine Schwäche deiner Gegner ist, heißt das dann, die beste Möglichkeit für deine Gegner, dich in den Finals doch mal zu besiegen, ist, Strategien vorzubereiten, die nicht einmal zu zeigen und die dann erst auszupacken? Ja, schwer zu sagen. Wenn sie einmal spielen in den Ladder, würde ich sehen und dann habe ich es auch schon auf dem Schirm, würde ich sagen. Von Okay, dem her okay. wäre es ja besser, aber natürlich kann man jedes Game über das Micro gewinnen oder Lucky Cheese oder keine Ahnung. Gibt viele Wege, aber ja, Alles wäre klar. vermutlich ein guter Weg. Was sind deine Predictions für die DACH Inferno Finals? Wer wird Erster, Zweiter, Dritter und Vierter? Boah, übelst schwer. Ich hoffe, ich schaffe es ins Finale. Ich glaube, es wird schon am Anfang, ich habe ja Toxi gepickt, extrem schwer, weil ich nicht weiß, ob er Nachtelf oder Human spielt. Ich habe Toxi gepickt aus dem Grund, weil ich nicht weiß, also weil im Orc Mirror immer alles passieren kann gegen Teddster. Und gegen Human und gegen Elf kann man sich ein bisschen mehr vorbereiten als im Orc Mirror, weil du halt gegen Farseer Firelord spielen kannst oder Farseer Master 1 Rex oder Playmaster Mirror Image. Und wenn du da am Anfang den falschen Bild hast, dann kannst du eigentlich gleich verlieren. Ziemlich, ja. Alles klar. Meine Prediction ist, ich werde Zweiter, Leon Erster und Toxi und Daddy Dritter, Vierter, weil ich mir bei meinem zweiten Platz das eher nur erhoffe, als wie ich davon fix ausgehe. Das ist ja eine sehr, also auf Englisch würde man sagen, eine humble Einstellung. Ich bin gespannt, ob sich das nachher so durchsetzt und ich glaube vor allen Dingen, dass nicht alle Zuschauer dir zustimmen würden. Aber ich bin sehr gespannt. Ja. Wenn du ein Attribut von jedem der anderen 3 Finalisten für dich beanspruchen könntest, was wäre das? Also quasi, was machen deine Gegner, diese 3, besser als du? Was können die besonders gut, was du auch gerne genauso gut können würdest? 1 pro Gegner. Eins pro Gegner, gut. Ja, Leon ist halt charismatischer würde ich sagen. Das will ich von ihm abpicken. Toxi ist, wie soll ich sagen, Toxi ist objektiver, also nicht so, wie soll ich sagen, nicht so direkt, aber so ein Überblick irgendwie. Okay. Keine Ahnung, Ein analytischer Geist, würdest du sagen. Ja, oder? genau, Okay. analytisch, exakt, gut getroffen. Und Daddy ist eiskalt direkt, das liebe ich an ihm. Also Er ich ist muss sehr auch direkt. sagen, nachdem ich den Player-Chat mir so alles angeschaut habe, seine Art ist teilweise sehr spaßig, wie er auch mit den Gegnern umgeht. Ja. Macht auf jeden Fall Ja. viel Freude. Ja. Okay, was ist an den anderen 3 Rassen neben deinen Orks jeweils am stärksten aktuell? Bei Human würde ich sagen, Rifleman, die Einheit ist einfach richtig stark, weil sie einfach nicht stirbt. Sorceress auch ziemlich stark, weil mit Slow kriegen die einen ziemlich schnell down. Ich würde sagen, bei Human ist Brilliance Aura mit der Kombi Mountain King absolut imbar. Okay. Bei Nachtelf sage ich die Mondbrunnen. Mhm. Gegen Nachtelf muss man innerhalb von 20 Minuten gewinnen, denn wenn man einen Exit-Vorteil hat, aber nicht innerhalb von 20 Minuten gewinnt, dann füllen sich die Mondbrunnen immer wieder auf, wenn sie das Upgrade haben, ziemlich schnell, also gratis Healing und die Exe läuft ziemlich schnell also die Main läuft ziemlich schnell zur Exe rüber, was auch kostenlos ist und es wird halt exponentiell stärker nach dem Late Game. Und bei Undead würde ich sagen, ja, die explosive Speed mit Ghoul Frenzy und DK Lich und Frost Armor, Frost Nova, die deine Armee slowt. Alles klar. Und Undead kann sehr schnell 2, 3, 4 Picks rausholen.
So, das waren die Worte von Franzyzz. Ihr habt beide zugehört. Klingt so jemand, der keine einzige Map verloren hat, Anxiety. Ist da für Franz vielleicht ein bisschen zu humble? Ja, ich glaube, der Franz, der möchte einfach jetzt hier nicht vielleicht ins Fettnäpfchen treten und einfach seine eigene Performance nicht großreden. Hat bestimmt auch das Humble Bundle mal in der Vergangenheit gekauft. Und ja, ich denke, mit so einem Statement kann man am Ende nur gewinnen, egal wie es ausgeht, und man muss sich nicht rechtfertigen. Wir hatten ja in der Vergangenheit schon so manche Statements, die ein bisschen über die Stränge geschlagen sind, was die eigene Einschätzung anging. Und daraus sind dann ein paar lustige Memes entstanden. Und ich denke, Franz ist einfach von der Persönlichkeit her jemand, der das auch nicht nötig hat. Und der spielt einfach sein Ding und hat Spaß am Game und versucht halt auch mit allen gut klarzukommen. Da gibt es dann keinen Grund für Beef oder für ein bisschen Überheblichkeit. So, wir haben unsere Spieler ready. Franzyzz als ungeschlagener Regular-Season-Gewinner gegen Toxi. Fischi, ich glaube, du hast gerade keine Connection zum Server, wenn ich das richtig sehe. Da müssen wir mal nachlegen. Und dann geht's hier los. Wir haben eine kleine Änderung im Übrigen zur Regular-Season. Ab jetzt ist alles Best of 5 und nicht mehr Best of 3. Glaubst du, das verändert großartig was an diesen Series, Anxiety? Wir sehen natürlich Maps, die wir sonst wahrscheinlich nicht in den Best of 3s gesehen hätten. Und das wird nochmal ein bisschen mehr Variabilität geben für die Spieler, wenn sie dann über das 3:0 hinauskommen und mehr Maps brauchen. Und das könnte dann für uns natürlich eine gute Show geben. Da bin ich sehr gespannt. Und das macht natürlich die Vorbereitung auch schwieriger, weil man mehr Maps und Strategien in den Replays, Franzyzz hat es erwähnt im Interview, von den Gegnern scouten und entsprechende Templates als Gegenmaßnahme entwickeln muss. Alright, wir haben alle technischen Probleme beseitigt. Wir haben unsere Spieler am Start, wir haben unsere Observer am Start. Wir haben Franzyzz gegen Toxi, Best of 5. Das erste Mal seit langer, langer Zeit, dass Toxi hier die Nachtelfen aufs Parkett führt. Franzyzz hat schon gegen Kevin gezeigt, dass er da durchaus kein Fremder ist in diesem Matchup. Aber wir wollen mal sehen, ob er gut genug ist, um gegen Toxi zu spielen und was Toxi denn da überhaupt spielen wird gegen Orc. Denn das Matchup haben wir von ihm noch nicht gesehen im DACH INFERNO. Ich hoffe, alles funktioniert. Alles wird funktionieren. Wir sind ready. Die Grand Finals. Leute, ich bin ja so unfassbar heiß auf dieses Game, auf diese Finals, auf diese Games, auf was auch immer die Jungs jetzt hier uns an den Kopf schmeißen. Wer zieht ein ins Winner Bracket Halbfinale, ins Winner Bracket Finale, Entschuldigung, ist die große Frage. Ist es Franzyzz oder ist es Toxi? Auf geht's! Jo, auf geht's in der Tat. Wir sind auf der ersten Map und es wurde jetzt schon ein paar Mal angesprochen, Night Elf versus Orc ist es. Ja, links oben haben wir den Orc-Spieler, haben wir den Tabellenführer der Regular Season, da haben wir Franzyzz, der hier mit Altar of Storms, Barracks und Orc-Burrow erstmal startet. Das heißt, wir werden hier wahrscheinlich zu Beginn ein paar Grunts sehen, währenddessen rechts unten haben wir seinen Kontrahenten, haben wir Toxi, der startet mit dem Keeper, hat seinen Ancient of War jetzt auch schon in die Nähe des ersten Camps gesetzt und wird dann hier mit ein bisschen Tree-Support creepen. Bei Franzyzz, da gibt es als First Hero den Blade Master. Was ein interessanter Pick hier. Das ist ja fast, als wäre es das Jahr 2020 mit Blade Master gegen Keeper of the Grove. Kein Demon Hunter, was eigentlich Meta ist. Aber wenn Toxi draufsteht, dann ist Meta sowieso egal. Egal ob Pali Rifle oder auch sein Nachtelf Mirror gegen Kevin, was wir während der Regular Season hatten. Da gab es dann Dark Ranger, Life Drain, Mars Air. So, also Toxi, der hat es auf jeden Fall in der Birne und der hat natürlich auch so mal gegen Leon, glaube ich, war es, den Pitlord gezeigt. Also, dass der hier die Käsestrategien am Start hat, das sollte kein Geheimnis sein. Ich glaube, gegen Toxi vernünftig scouten, doppelt so wichtig wie schon. Ja, absolut. Und das macht jetzt Franzyzz auch gleich schon mal mit dem Peon.
kassiert da jetzt auch gleich mal einen Tangle. Das heißt, da werden jetzt auch nochmal die ersten Experience-Punkte an den Keeper gehen. Erstes Item gibt es jetzt oben drauf noch mit dazu. Da gibt es einmal die Gloves of Haste. Währenddessen der Orc-Spieler jetzt auch schon am Creepen ist. Hat sich hier für Windwalk First entschieden. Verkauft jetzt hier erstmal sein TP, hat tatsächlich nur den Creep mit dem Item gekillt, bekommt auch ein sehr gutes Item für den Blade Master. Da gibt es nämlich die Claws of Attack. Neben der Healing Self hat er sich auch noch die Speed Scroll geholt und macht sich jetzt schon mal auf den Weg Richtung Mitte der Map. Und Toxi, der guckt sich jetzt hier auch schon mal auf der anderen Map-Hälfte um, ist auf der Suche nach dem Orc-Spieler, findet ihn aber nicht, denn Franzyzz, der geht direkt zum Marketplace. Interessant, interessant. Schau's dir an, er will das große Consumable, einen kleinen Drink am Samstagabend. Das sollten natürlich unsere Freunde zu Hause auch alle parat haben. Oga Magi haut gut drauf, aber mit Hilfe vom Grunt klappt das schon. Oder nicht? Heieieiei, der hat die Ruhe weg hier, wollte ich gerade sagen. Aber Toxi mit einem kleinen Ausrufezeichen, ganz Sonic-Style, rennt er einfach rüber in die Main und killt hier ein paar Peons. Und das ist Nummer 1 und das ist Nummer 2. Jo, da wird er sich den dritten auch gleich nochmal holen. Und das ist natürlich jetzt schon ein klein wenig ein Problem, denn ja, es sind zwar einige Peons mit am Start, die man dann in die Goldmine schicken kann, aber Holz ist dann natürlich ein ordentliches Problem. Jetzt kommt der Blade Master rein mit dem Grunt. Oh, das ist ein schöner Block, den er jetzt hier gerade an den Start bringt. Versucht die Mainbase dicht zu machen, schafft's nicht mit den Peons! Oh, das war sehr, sehr knapp und der Keeper kommt tatsächlich raus vorerst. Es wird nämlich die Speed Scroll eingesetzt, da kommt jetzt nochmal ein Backstep, da könnten wir nochmal den nächsten Windwalk sehen. Jawohl, da ist das TP out vom Nachtelfenspieler, aber das hat jetzt schon sehr, sehr, sehr stark wehgetan in der Ork-Basis. Also das sind hier einiges an Peons draufgegangen, 4 Stück an der Zahl. Und ja, das wird sich definitiv im Holz bemerkbar machen. Was ist denn hier los, Fischer? Holy smokes, Mann. Das erste Game der Finals, man könnte meinen, ja, das wird so ein ruhiges Abtasten, ne? Wir müssen erstmal gucken, wer hier in welcher Form ist, in welche Strategie die beiden sind und wer vielleicht das richtige Maus-Feeling hat und so. Nö, wir geben uns einfach direkt aufs Maul und lassen uns auch von den Creeps aufs Maul geben, dass die Leute hier zu Hause richtig schön Action haben am Samstagabend. Es ist genauso, wie wir uns das gewünscht haben. Und Toxi, der hat Blut geleckt. Der hat sich gedacht, gut, das mit den Peons, das hat hier 1 funktioniert, dann lass das doch nochmal machen. Vielleicht eine Spur vorsichtiger ohne TP und ohne Staff, aber es ist einfach the Sonic Way of Life. Absolut, und ja, das ist halt das Bittere für den Ork, ne? Der kann jetzt, natürlich könnte man sagen, okay, pack doch einfach mal alles in die Ork-Burrows, aber du brauchst halt auch einfach das Gold, das in der Zwischenzeit geholt wird. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken, jetzt hat er nur noch 4 Peons im Gold und einen am Holz. Also da wird er jetzt hier gleich nachproduzieren müssen, und zwar ordentlich. Blade Master hat sich jetzt wieder zurückbequemt, geht jetzt gleich mal auf den Keeper. Blade Master, ein bisschen Geschwindigkeitsvorteil. Boots of Speed sind da nämlich am Start. Oh, jetzt kommt der Grunt rein mit dem Block. Das macht er schön. Da wird schön getänzelt hier. Und das ist angesprochen. Da ist kein TP, da ist kein Stuff. Das könnte böse enden hier für Toxi eventuell. Aber er hat gerade doch genug Mana bekommen für das nächste Entangle. Und den Kill bekommt er aber nicht die Experience-Punkte, denn der Blade Master zerschneidet hier einfach mal den Keeper. Und damit erster Hero-Kill in diesem Game auf den Finals, der geht an Franzyzz. Okay, aber trotzdem ist Franzyzz hier noch in Riesenproblemen, wie es wahrscheinlich noch in keinem anderen Game der Season so war. Denn was ist denn das für eine Economy? 7 Peons, jetzt die Spirit Lodge, super spät. Toxi hat eine Expansion und Franzyzz riecht das auch. Riecht er die kaputt? Er hat 2 Claws of Attack. Oh ja, da macht er jetzt jede Menge Damage. Das sollte sich ausgehen, wie man so schön sagt in Österreich. Wird natürlich jetzt einiges an Zeit dauern, aber die kann er auf jeden Fall canceln. Das ist... Oh, oder kann er die canceln? Die wird bald fertig. Das wird eng. Das wird sehr, sehr eng werden. Wir haben da kein Repair, Oha. Oder? Nee, keine Wisp kommen ran. Nebendran steht aber ein Baum. Den könnte sich vielleicht reinknabulieren. Sein Freund der Baum. Das könnte sein bester Freund sein. Ein lebensrettender Freund. Der Panda hat noch keinen Spell. Der könnte Drunken Haze gehen, um dann eine Mistchance hervorzurufen. Wisp ist am Start. Zweiter auch. Oh, Toxi hält das Ding. Oh, das war enorm wichtig. Jetzt hier, Blade Master gibt es aber noch nicht so wirklich auf. Geht nochmal rein mit ein paar Hits. Aber ja, jetzt wird sich noch ein Baum einverleibt. Ein bisschen Kannibalismus unter Bäumen kann man mal machen. Erhöht die Hitpoint-Regeneration natürlich auch.
zusammen mit dem Repair, das sollte Toxi aber nicht auf die leichte Schulter nehmen. Okay, Keeper kommt jetzt mit dazu. Also haben wir jetzt auch gleich einen Tangle auf den Blade Master, falls wir es brauchen. Das könnten wir tatsächlich jetzt gleich mal brauchen. Oh, Franzyzz, aufpassen. Entangle. Oh, da war der Windwalk ein bisschen zu spät. Er muss den Imbo-Pot einsetzen, den großen Imbo-Pot, um seinen Helden hier rauszumicron. Das tut weh. Es sind so knappe Momente hier. Bleibt die Echse stehen oder bleibt sie nicht stehen? Geht der Blade Master down oder geht er nicht down? Das sind Finals, Freunde. Das sind Finals. Panda, auch sehr interessante Wahl von Toxi. Hat noch nicht so viel gecreept, aber das kommt jetzt noch. Muss ein bisschen aufholen, wenn es ums Level geht. Genauso wie Franzyzz das auch tut mit dem Blade Master. Der Shadowhunter sieht sehr, sehr gut aus. Und in den letzten Wochen war der Shadowhunter der Carry der Ork-Armee in diesem Matchup. Serpent Wards haben dominiert, gerade zu späteren Zeitpunkten im Spiel. Gegen Dryaden ist Piercing Damage natürlich überragend. Und mehr als Dryaden kann Toxi noch nicht holen, weil da ist kein Tier 3. Dafür aber natürlich die zweite Basis. Und mal gucken, wohin die Reise geht. Schaman gegen Dryaden allerdings eine interessante Wahl. Ja, absolut. Also klar, Schamanen machen natürlich Sinn, um die Treants aus dem Weg zu räumen, um das Entangle loszuwerden. Aber ja, du hast es angesprochen, gegen Dryaden machen die überhaupt keinen Stich. Und ja, Supply-technisch, wenn wir uns das mal anschauen, 47, okay, jetzt 46 gegen 35 Supply. Und ja, der Shadowhunter, der muss jetzt hier richtig viel carryen. Der muss jetzt hier mal ein ordentliches Snake Pit an den Start legen. Es geht jetzt erstmal an die Expansion, die noch nicht ganz fertig ist, aber Toxi ist hier nebendran. Level 3 Blade Master, Level 2 Panda und Level 2 Keeper sind hier mit von der Partie. Keeper hat jetzt noch einen Treant gesammelt, der wird aber sofort gedispelled. Es gibt Level 3 jetzt auch für den First Hero und der Orc-Spieler versucht hier irgendwie was an den Start zu kriegen, irgendwie Kills zu bekommen, aber das ist nicht so einfach. Wo ist das die erste Map, die Franzyzz diese Season verliert, ist die Frage. 32 Supply, sieht das für dich nach einem gefährlichen Push aus? Für mich nicht so wirklich, aber der Blade Master kriegt die Kills. Wir kriegen Headhunter für noch mehr Piercing Damage. Toxi sieht, okay, dieser Shadowhunter, der ist ganz schön nervig, der hat auch unfassbar viel Mana. Da muss ich eventuell mal was gegen tun. Und Franzyzz mit einem unfassbaren Fight bisher, der haut hier ein Reh nach dem anderen aus dem Latschen. Der Panda hat nochmal ein bisschen nachgetankt. Drunken Haze Breath of Fire natürlich ideal gegen Headhunter, aber wo ist denn Toxis Armee? Die ist auch weg jetzt. Die ist einfach mal komplett geschmolzen und ja, jetzt hat sich hier Franzyzz den Weg freigekämpft und kann jetzt auf die Entangled Goldmine gehen und die wird er nicht verteidigen können. Toxi, der probiert natürlich jetzt mit Repair, aber das wird nicht funktionieren und ja, das gibt natürlich den Shadowhunter Zeit, immer mehr Serpent Wards zu platzieren und das war jetzt doch hier ein richtig starker Fight vom Orc-Spieler hier aus Österreich. Jetzt kommt die Nachtelf-Army nochmal reingelaufen, versucht hier noch irgendwie mal zu verteidigen. Mal gucken, ob das klappt. Mit bisher keine Wisp-Kills, wenn ich das richtig gesehen habe. Die kommen hier erstmal alle weg. Jetzt kommt die Nachtelf-Army wieder reingelaufen. Panda an vorderster Front. Bisher noch kein Drunken Haze, kein Breath of Fire. Ja, wo bleibt der erste Spell hier von Toxi? Der Blade Master. Was ist das für ein Held? 3 Klauen, 150er Critical Strike auf Level 3. Da wirst du narrisch. Wenn der die Items nicht hätte, wie würde dieses Game aussehen? Unfassbar. Die Echse ist weg. Toxi struggelt ein bisschen, aber Franzyzz, der kann gar nicht größer bauen, als er gerade schon gebaut hat. Bei 40 Food, da ist Ende. Dafür gibt es jetzt eine Great Hall. Wenn der Push am Leben bleibt, dann hat Toxi hier gleich ein Problem. Und zwar zweifaches Income von Franzyzz. Und dieser Shadowhunter, ist der eigentlich mal irgendwann out of Mana? Da ist eine Schlange nach der nächsten. Jo, da haut er einiges raus. Einziges Problem könnte für Franzyzz tatsächlich jetzt werden, dass er kein Healing mehr hat. Also wie gesagt, das ganze Mana wird in die Serpent Wards investiert, aber nicht ins Healing. Und tatsächlich, ich glaube, Franzyzz, der muss diese Echse gar nicht killen, weil, ich meine, er zieht ja seine Echse nebenher hoch und er hat super viel gekillt. Er hat die Entangled Goldmine gekillt. Jetzt muss auch noch der Tree repariert werden. Also da gehen jetzt richtig viele Ressourcen einfach flöten. Und in der Zwischenzeit, ja, ist die Echse vom Orc-Spieler eigentlich schon fast so gut wie durch. Jetzt geht Toxi natürlich hinterher, will hier ein bisschen was vom Healing canceln. Klappt einigermaßen. Ein Shadowhunter noch mit einer Healing Self ausgestattet. Das war's aber auch. Jetzt natürlich die Frage. Weiß Toxi oder kann er sich denken, dass Franzyzz hier ebenfalls auf die Echse geht?
Momentan wird er nicht gleich attackiert. Es wird sich erstmal der Marketplace geholt. Das wird den Panda auf jeden Fall aufs nächste Level hieven. In diesem Augenblick ist es soweit. Da gibt es Level 3, also Drunken Haze, Breath of Fire jetzt mit noch mehr Impact. Und ja, was natürlich auf so einer Map wichtig ist, ist auch irgendwie Shop Control. Scroll Feeling hat vorhin richtig viel gebracht. Aktuell haben wir 2 Heal Scrolls beim Orc-Spieler und dementsprechend, ja, gute Shop Control von Franzyzz und das spielt natürlich jetzt auch ein bisschen in die Karten. Da hast du von den Besten gelernt, ne? Immer schön die Shop Control bewerben, wenn hier nur ein Shop am Start ist. Der Panda, der haut noch nicht so richtig zu, wie man sich das vielleicht hätte wünschen können. Es sind weiterhin nur Dryaden auf Toxis Seite. Dafür ein großer Supply-Vorteil. Dafür allerdings keine Items zum Einsetzen. Und Franzyzz, der geht einfach weiter auf die Achillesferse. Da ist keine Fortification, kein Ancient of War, kein Ancient Protector. Und wieder ist die Entangled down. Und jetzt hat Franzyzz die Oberhand, was die Economy angeht. Ja, aber jetzt muss er wirklich aufpassen, weil jetzt kommt der Panda halt rein mit den Drunken Haze, mit dem Breath of Fire. Ein Headhunter ist draufgegangen, aber die Entangled Gold Mine, sie ist erstmal weg und wenn er... Oh, kriegt er diese eine Dryade vielleicht sogar noch? Ne, kriegt er nicht. War kein Focus Fire mehr hier von dem Serpent Ward. Ja, die Dryads momentan zahlenmäßig überlegen. Upgrade-technisch sieht es eigentlich auch ganz gut aus. 1-1 geupgradet. Aber die Serpent Wards und was Franzyzz natürlich jetzt alles in Auftrag geben kann. Wir sehen, es kommt ein Raider, es kommen weitere Headhunter, wir haben eine Kodo Beast mit am Start. Beide Spieler basteln jetzt hier so langsam an ihre Late-Game-Armee und ja, jetzt wird es wahrscheinlich zum nächsten Aufeinandertreffen kommen, hier neben dem Shop. Oh, das ist nicht die beste Fighting-Position hier für Toxi. Da muss er jetzt auch erstmal ein bisschen zurückgehen. Kriegt immerhin eine Heal Scroll. Und das ist so wichtig in diesen Games. Wir haben die Dornenaura gegen den Blade Master. Der wird sich richtig gut selber einen vor die Mütze knallen. Erstmal nur ein Backstep, aber wir sehen gleich die großen roten Zahlen. Ihr wisst, wohin die Reise geht. Blade Master invisible. Hat aber einen Crystal Ball. Da sollte Franzyzz auf jeden Fall ins Inventar geguckt haben, ob da Detection am Start ist oder nicht. Wir haben ein unfassbares Tauziehen zwischen den beiden. Beide haben wieder 2 Basen. Toxi fehlt hier gerade noch ein Wisp oder 2, aber hat er schon hingekriegt. Und jetzt der erste Push von Toxi auf die Gegnerbase. Müsste noch 5 Sekunden warten für eine Invo-Potion. Hat einer auf dem Panda. Die Zeit scheint es wohl nicht wert zu sein. Dafür aber der Burrow. Der ist schon angeknuspert und brennt ein bisschen. Aber die Peons, die sind auf der Wache. Jo, geht sofort rein hier mit dem Repair. Blade Master wurde jetzt hier erstmal angegangen. Der versucht jetzt hier aus dem Wimburg raus ein bisschen was zu leisten. Der Breath of Fire, der haut jetzt ordentlich rein. Aber der Panda ist aktuell out of Mana. Level 4 sehen wir jetzt auf Seiten des Blade Masters. Der versucht jetzt hier weitere Kills zu holen. Healing Wave und Breath of Fire mehr oder weniger gleichzeitig. Scroll of Healing. Schön eingesetzt, gutes Timing. Kann Toxi diesen Push hier halten? Der hat 61 Supply gegen 46. Jetzt wird hier nochmal der nächste Grunt attackiert. Es kommen weitere Treants, aber die werden wahrscheinlich gleich gedispelt werden. Aber jetzt geht sie erstmal auf den Keeper. Der wird nämlich gepurged, der wird gefokust, da kommt der Critical Strike, der wird nochmal gepurged, der wird wieder attackiert, da wird ein Item übergeben, die Info Potion. Der Keeper bleibt am Leben. Der Blade Master hat jetzt hier ordentlich was kassiert, aber auch die komplette Orga mit dieser Breath of Fire, der war richtig, richtig stark. Und jetzt muss der Blade aufpassen. Die Healing Wave kommt nochmal rein. Oh, das ist ein ganz, ganz knappes Ding hier. Ist das wild. Wir haben 5 Sekunden bis zur nächsten Heal Scroll. Er hat das Gold. Jetzt geht's aber auf den Panda. Der hat natürlich einiges an Sitzfleisch am Start. Heal Wave auf der Seite vom Shadow Hunter rettet den Blade Master. Toxi ist nicht am Shop, damit Heal Wave und Invo Potion, beides ready. Der Staff vom Keeper, der ist weit weg, der ist ganz weit weg, stafft sich jetzt rein und den Panda raus, nehme ich mal an, so sieht's aus. Moonjuice sollte nicht mehr so viel am Start sein, 64 Supply von Toxi, aber wo ist denn das alles? Das wird hier alles zerlegt, die roten Zahlen werden immer größer und da war jetzt gerade ein kleiner, aber richtig, richtig, richtig übler Fehler, muss man schon fast sagen, von Toxi, denn der Shadowhunter, der hat eine Clarity Potion am Laufen gehabt, die wurde einfach nicht gecancelt, deswegen kam jetzt nochmal genug Mana raus für die Healing Wave. Und jetzt sehen wir auch, warum die Schamanen hier so stark sind, mit den ganzen Purges, geht so weit wieder auf den Keeper, der Keeper geht drauf, das könnte hier schon fast gewesen sein. Nächste Heal Scroll, wird jetzt erstmal eingesetzt, wir haben noch 56 Supply auf Seiten des Nachhilfespielers, der Panda muss jetzt hier ganz, ganz dicken Carry spielen, aber jetzt kriegen wir Level 5 auf Seiten des Shadowhunters, beide Spieler killen sich hier die komplette Army weg. Nächster Breath of Fire, kommt jetzt hier reingeworfen, Evo Potion wird nochmal gekauft vom Shadowhunter, Blade Master erreicht Level 5 und GG's gecallt von Toxi. Franzyzz holt sich Map Nummer 1. Was für ein unfassbares Game. Das waren 2 Sekunden auf dem Staff. 2 Sekunden. Ansonsten wäre der Keeper ready gewesen.
Toxi legt los wie die Feuerwehr, einiges an Economy zerstört, aber am Ende hat's nicht gereicht, weil Franzyzz einfach viel zu krass ist. Ja, das hat Franzyzz richtig, richtig gut gemacht. Also, also immer wieder diesen Attack auf die Echse, ne, die Economy des Gegners nicht wirklich an den Start kommen lassen. Dann immer wieder mit dem Blade Master sich ein paar Kills rausgeholt, den Shadow Hunter mit den Serpent Wards und Healing Wave hat dann eine gute Mischung am Ende gefunden und ja, super, super stark gemacht und der Junge ist auf jeden Fall in Shape, muss man wirklich sagen. Anxiety, wenn er das Spiel nicht verliert, welches Spiel soll er denn hier am Wochenende verlieren? Nach dem Early Game? Ja, also ich glaube, das hat Franzyzz ziemlich gut gespielt. Er hat im Early Game super viele Peons verloren, was natürlich ein super Disadvantage war. Aber er hat darauf so reagiert, dass er auf Tier 2 nur ein Tier 2 Gebäude gebaut hat und dann einfach Headhunter Schamanen, um mit den Schamanen den Keeper rauszunehmen. Das heißt, er musste effektiv halt nur noch gegen einen Helden fighten. Und als er dann die Echse gescoutet hat, war ihm klar, dass er ein Zeitfenster hat, wo er halt die Haunted Gold Mine die ganze Zeit canceln kann und auch einen guten Fight nehmen kann. Weil das bedeutet, ja, während Toxi die Echse verteidigen muss, kann er den Panda nicht Level 3 creepen. Und der Panda Level 3 hätte bei den Fights an der Echse natürlich das Game wahrscheinlich für Toxi dann entschieden. Aber so konnte Franzyzz halt sehr lange da stehen und mit den Serpent Wards, die von Breath of Fire und so weiter nicht gedamaged werden können, konnte er dann die Triaden rausnehmen. Und der Blade Master, der hatte sich auch an dem Marketplace super Items geholt, hat das ja gecreept, hatte Claws gefunden, hatte 3 Claws im Inventar und hat parallel die Echse hochgezogen und erst nach der Echse das Bestiary geaddet und konnte dann so den Early Game Nachteil eben über die tollen Fights und das Problem, dass Toxi kein Level 3 Panda hatte, gewinnen und dann am Ende halt auch mit nach Hause nehmen, ja. Also ich denke, sehr gut gespielt von Franzyzz, genau die richtigen Entscheidungen getroffen, die Entangled Goldmine natürlich gecancelt. Und das mehrfach. Und dadurch hat er den großen Nachteil einfach über das Spiel wieder wettgemacht. Einfach sehr solide gespielt, ruhig geblieben und einfach klasse gemacht. Kann man nicht sagen. So ist er, der Kaiser. So, das zweite Game ist ab. Wir warten noch auf unseren Co-Caster fürs nächste Game. Und dann sind wir ready. Ja. Da ist er. Ready if you are. Ja, ich weiß nicht, wie man das noch toppen soll. Das war ein wilder Start, aber es sind natürlich auch die Finals. 2000 Euro sind im Pot und jeder will ein Stück vom Kuchen haben und das größte Stück kriegt man natürlich, wenn man am weitesten kommt, ganz klar. Franzyzz hat sich auf jeden Fall gut gefreut am Ende, war dann kurz weg und jetzt ist er wieder da, vielleicht nochmal kurz rehydriert. Jetzt bin ich auf Toxis Reaktion gespannt. Der ist schon jemand, der durchaus mal mit Momentum spielt oder auch wenn das Momentum gegen ihn spielt, der durchaus mal ein bisschen zerfallen kann. Wir haben es in dem Match gegen Leon gesehen, glaube ich, in der Regular Season, wo das erste Game so unfassbar knapp war, wo Toxi dann auch den Sieg nicht mit nach Hause nehmen konnte. Dann das zweite Game war ein bisschen durch den Wind. Aber, schauen wir mal, ob das jetzt genauso ist oder ob Toxi vielleicht dann noch mal eine Schippe drauflegen kann. Jetzt natürlich Vorteil für Toxi. Es ist sein Map-Pick, sein erster Map-Pick. Es sollte seine beste Map sein. Es ist Northern Isles. Wir warten noch auf beide Spieler, bis hier ready geschrieben wird. Toxi, was macht er für einen Eindruck? Auf jeden Fall nochmal kurze Fokusphase. Fischi, wir packen dich auf die Bank und wechseln Anxiety ein. Aber hast du noch irgendwelche Äußerungen vielleicht vor der zweiten Map? Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall sehr gespannt, wie Toxi reagieren wird. Denn das erste Game hätte er, denke ich, vielleicht schon an der einen oder anderen Stelle zumachen können. Kann natürlich jetzt sein, dass ihn das vielleicht schon ein bisschen bricht. Vielleicht kommt das große Comeback. Da bin ich sehr gespannt, wie es das losgehen wird. Alrighty, dann schmeißen wir euch doch direkt mal ins Game rein. Der ungeschlagene Kaiser bleibt weiter ungeschlagen und natürlich bleibt er auch weiterhin der Kaiser, aber kann Toxi zurückschlagen und wird er der Erste sein, der den Kaiser vielleicht ein bisschen entthront und noch mehr piesacken kann. Welche Strategien haben wir auf Northern Isles? Alle diese Fragen beantwortet hier. Franzyzz unten links und Toxi oben rechts. Ja, willkommen auf der Map. Und was wir sehen bei Toxi ist ein Ancient of War direkt an der Expansion. Und ich bin gespannt, ob er jetzt den Demon Hunter auspacken wird.
Wir wissen, dass er gegen Human beispielsweise auch Strategien spielt, die nicht mit dem Demon Hunter starten, aber meistens nur mit dem Demon Hunter Erfolg hat. Und ich frage mich, ob das dann hier in dem Matchup ähnlich sein wird. Also ich denke, wir haben eine große Chance, dass wir keinen Keeper sehen, sondern einen Demon Hunter. Und er kommt, da ist der Demon Hunter, Maltar. Dafür bist du da, für genau diese Calls. Da sagt er in der Vorbesprechung, ich weiß gar nicht, was in diesem Matchup so abgeht und so. Ja, wer ein gutes Brain für Warcraft hat, der macht auch solche Calls. Auf der anderen Seite, kleines Ausrufezeichen, weil das ist kein Blade Master, das ist ein Farseer in diesem Matchup. Durchaus selten. Man kann da ein paar Späße mit treiben, wie so Double Rex Headhunter Tower Pushes oder so. Man kann ihn aber auch mehr oder weniger normal spielen und Franzyzz hat schon bewiesen im Match gegen Kevin in der Regular Season, dass er da kein Gegner von ist und den gerne mal reinmischt. Er ist auf jeden Fall, wie er selber im Interview gesagt hat, extrem schwer zu berechnen. Ja, und es ist natürlich jetzt ein ganz anderes Spiel, was wir sehen werden. Franzyzz wird mit dem Farseer vermutlich erstmal harassen gehen, wird dann auch Headhunter nachziehen und Normal Damage gegen alle Helden. Sehr gute Wahl. Und ich bin gespannt, ob jetzt Toxi direkt eine Echse bauen möchte und ob Franzyzz die scouten wird. Und dann, ob das haltbar ist gegen einen Farseer und Wölfe. Da kann man natürlich gegen dispellen. Aber das ist schon ein starkes Camp, was sich Toxi hier einverleibt. Mit Immolation kann man natürlich alles creepen, was geht. Mit Ancient of War Support sowieso. Und das beides zusammen ist schon sackstark. Item, Talisman of Evasion, lecker. Da muss man sein Passive nicht skillen, sondern kann direkt auf Mana Burn gehen. Und das gefällt einem Farseer gar nicht. Ja, und wir sehen, Toxi hat hier 3 Wisps am Start. Im Worst Case könnte er natürlich dann auch die Wölfe detonaten mit 2 Wisps. Macht er hier natürlich nicht, hat jetzt solide gecreept und kann auch den Harass augenscheinlich solide verteidigen. Oh, ein Verliert aber einen Creep. Ja. Und das bedeutet kein Level 2. So ist es. Und damit kein Mana Burn und damit vielleicht das ein oder andere Paar Wölfe mehr. Schöner Block von Franzyzz. Der scheint hier wieder richtig in seiner Comfort Zone zu sein. Kriegt er den Kill? Halbe Stunde bis zur Nacht. Die Nacht lockt. Ja. Und der Mondbrunnen auch. Oh, nehmen wir ein Bad. Währenddessen gibt der Demon Hunter dem Farseer hier ein bisschen auf die Mütze. Franzyzz taggt schon eine gewisse Weile. Trotz der Headhunter-Build-Order ist Toxi hier weit hinten dran, was den Tag angeht. Ja, ich glaube, das ist dem Greedy Creep Camp zu schulden, dass er jetzt im Early Game genommen hat. Hat natürlich jetzt den Demon Hunter auf Level 2 und kann jetzt den Farseer über die Map jagen. Währenddessen baut Franzyzz Headhunter und auch Toxi baut den 3. Mondbrunnen. Scheint so, als wüsste Franzyzz noch nicht so ganz, worauf er sich einzustellen hat. Scoutet die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob es Unsicherheit ist oder ob er einfach nur auf Nummer sicher gehen will, weil es natürlich die Finals sind und man nicht im Winner-Bracket-Halbfinale hier irgendwie von der Echse überrascht werden will. Also Hausaufgaben auf jeden Fall gemacht. Pflicht-Scout auch erfüllt. Und ein guter Start für Franzyzz ins zweite Game. Um Welten besser als das erste. Ja, und ich wundere mich jetzt, welchen zweiten Helden er wählen wird. Ja, wir sehen noch nichts. TC wäre ja fast vielleicht gibt das eine Naga oder sowas. Oh, Alter. Ja. Burrow ist noch nicht fertig. Aber er scheint... Oh, da ist sie. Weiß ich ja. Da ist sie. Ja, weißt du, nächste Finals, da lassen wir das gar nicht mehr ausspielen. Da fragen wir einfach dich, was die Spieler machen, simulieren das ein bisschen und schicken den Pokal per Post dann an den Sieger. Ja, das ist auch... Da werden sich die Zuschauer freuen, glaube ich, ne? Ja. Warum Naga? Ja, um den Demon Hunter zu kontrollieren. Da ist es ziemlich easy. Der Kollege hat nämlich sehr viel Melee-Damage und mit einer Naga kann man die Attack-Speed und die Movement-Speed reduzieren und dadurch dem Demon Hunter sehr wehtun, wenn er mal nach vorne läuft. Plus, Mana Burn ist sehr ineffizient gegen einen Orb-Helden, weil der Orb-Held natürlich auch mit 6 Mana den Orb noch triggern kann. Absolut korrekt. Und der Demon Hunter will natürlich die ganze Zeit nach vorne. Mana Stone für einen Farseer, immer zweischneidiges Schwert. Will er mehr Mana-Regeneration oder ist es nur mehr Mana, was geburnt werden kann? Aber der Pick der Naga scheint Toxi gefallen zu haben. Das will er jetzt auch. Und damit kann man ganz gut Headhunter schnetzeln. Und er kann auch super jetzt hier
Pick ausmachen, weil da auch ein Ensnare geflogen ist. Und er kriegt hier, ja, vielleicht 2 Headhunter, denke ich mal. Keine Scroll Speed am Start. Naga geht auf jeden Fall den anderen Weg über die rechte Flanke, sagt, hallo Freunde, habt ihr mich vermisst? Ich glaube, die Orc-Units werden da alle mit Nein antworten. Und 2 war vielleicht sogar noch ein bisschen untertrieben. Der dritte Headhunter sieht auch gar nicht so gut aus. Toxi, Naga muss aufpassen. Kriegt er die irgendwie raus? Chain Lightning. Franzyzz macht das, was er am besten kann. Heroes schnetzeln. Ist nicht schlimm, Demon Hunter kriegt Solo XP. Das ist der klassische Night Elf Gambit. Gut, so geht's natürlich auch. Aber ja, beide, das sind unfassbar viele Archer. Das haben wir gar nicht erwähnt. Das sind so, das sind ja 7. 7 Archer und die 8. kommt auch. Ja, scheint wohl einfach eine gute Strategie zu sein von Toxi. Währenddessen in der Mainbase Tier 2 Ancient of Lore keine Expansion. Dafür, wie gesagt, Dryaden werden kommen. Vielleicht ein Hat Bär Orb. für Schwer. Ja, nutzt er auch. Archer ist revealed. Geht down. Level 2 für den Naga. Und hier 3 auf der Seite von Toxi. Das erste Mal diese Finals. Die Kombination von Rejuvenation der Bären und Demon Hunter ist natürlich legendär. Die letzten 25 Jahre Warcraft haben das eindrucksvoll gezeigt, aber in diesem Meta gefühlt so stark wie, ich will nicht sagen wie nie zuvor, aber so präsent wie selten zuvor. Franzyzz braucht da auf jeden Fall irgendwie Dispel. Gut, dass er wieder auf Schamanen geht. Ja, und er wird auch hier Bloodlust haben. Hat schon das +1 für die Headhunter jetzt fertig erforscht. Und ich frage mich, ob er ein TC Third adden wird. Oder ob er auf 2 Helden bleibt. Last Hit geht an Franzyzz tatsächlich, damit weiterhin kein Level 3. Deny von Toxi ist aber am Start, um ihn nicht weiter zu füttern. Und Tier 3 ist durch, du hast recht. Bloodlust kommt, Berserker-Upgrade kommt. Und damit hatte Kevin schon seine Probleme. Toxi wird das natürlich gesehen haben. Der guckt so gut wie jedes Warcraft 3 Spiel, was jemals gespielt wurde, auf diesen Servern von W3 Champions. Also haben wir gleich Raw und Reju und Masterbären gegen Bloodlusted Berserker. Und das wird bestimmt spannend. Die Matter, wenn der Level 2 Emulation hat, dann kann er da aber sehr gut bestehen, denke ich. Gerade weil er auch einen Circle of Nobility von Franzyzz Camp gefunden hat. Und der ist natürlich dadurch deutlich tankier. Lecker. Wir könnten vielleicht sogar Marksmanship sehen. Für noch mehr Damage auf den Archern. Franz wieder am Shop. Farsia sehr angeschlagen. Nicht unbedingt die beste Situation für einen Push, aber der muss eh noch ein bisschen warten, weil wir haben alle auf Bloodlust spekuliert. Der hat aber das Adapt-Upgrade noch gar nicht fertig. Das kommt jetzt erst. Ja, er wollte wohl erstmal Schamanen draußen haben, um vielleicht auch Lockdown zu haben gegen den Demon Hunter, wenn er ein bisschen zu weit nach vorne geht. Und die Schamanen, die regenerieren natürlich jetzt erstmal Mana. Und das wird ihm dann helfen, wenn er das Upgrade hat, dass er dann auch alles Bloodlusten kann. Währenddessen wird gelevelt. Level 3 Demon Hunter mit Level 2 Mana Burn. Farsia ebenfalls. Könnte Level 2... Oh, geht Level 2 Wölfe. Gegen die Archer natürlich keine schlechte Wahl. TC kommt auch dazu. Troll Regen. Und Toxi muss noch ein bisschen warten für Master Bären. Und für Orb und so weiter. Also eine kleine Ruhe vorm Sturm. Ja, nicht nur gegen Bären gut. Nicht nur gegen die Archer sind die Wölfe gut, sondern Franzyzz hat natürlich auch gescoutet, dass nur ein Ancient of Lore da ist. Und spekuliert wahrscheinlich darauf, dass nicht so viele Dryaden da sein werden. Und Toxi wird dann in den Fights mit Wisps dispellen müssen, weil gegen so viel Bloodlust DPS wird, glaube ich, der Demon Hunter auch nicht so gut bestehen können. Und die sind im Laufe des Spiels auf jeden Fall teuer. Holz sollte natürlich, wie wir alle wissen, jetzt auf diesem Patch kein Problem mehr sein. Demon Hunter levelt weiter. Demon Hunter wird sehr wichtig, ist sehr tanky, macht viel Damage. Apropos Damage. Podem, ready. Marksmanship, ready. Dann fehlt es eigentlich nur noch an 3 Orbs. Ja. Und der erste Orb wird gleich gekauft werden von der Podem. Und zack, da ist der Orb. Ja, und jetzt gespannt. Beide nehmen jetzt das Red Camp. TC ist auch da und findet die Unholy Aura. Das ist natürlich ein super Drop für Franzyzz. Plus die Sobi-Maske, plus die Claws im letzten Spiel. Der ist hier schon vom Glück gesegnet, sag ich mal. Aber Toxi auch unten rechts am Creepen. Und Demon Hunter wird sich natürlich über Tankiness freuen. Jetzt wird man sich auch über eine Movement Speed Aura freuen. Bisschen aufpassen muss er hier. Die Creeps schmeißen gerne mal Schneebälle. Und wie man in der Schule gelernt hat, da könnten Steine drin sein.
und dann tut's weh und er kriegt ebenfalls die Unholy Aura. Alles Balance. Ja, sehr fair. Beide dürfen gleich schnell über die Map laufen. Hat er gerade noch einen Dispel auf den Demon Hunter bekommen? Ich glaube, da wurde das Reju gerade gedispelt? Ich glaube nicht, ne? Ich war schon auf einer anderen Stelle der Map, weil Franzyzz mal wieder unfassbar großartig die Shot-Control spielt und 2 Heal-Scrolls hat. Das wird auf jeden Fall helfen, wobei auf der Nachtelf-Seite eher so Single-Target das Ding ist. Wird auf jeden Fall wehgetan haben. 2-0 sind die Headhunter. Franzyzz mit der Exa am Red Spot und möchte jetzt hier einen Push machen. Hat noch kein Level 3 TC. TC aber auch mit Stomp. Das heißt sehr viel Crowd Control gegen den Demon Hunter. Und die Hero-Focus-Potenziale von Franzyzz sind absolut legendär. Wir warten weiter auf mehr Bären. Die sind natürlich nicht so tanky leider. Gerade ohne Adept-Upgrade oder ohne Armor-Upgrade fallen die da gerne mal schnell. Ich sehe auch keine große Zahl an Wisps, keine Mountain Giants. Ich glaube, mit dieser Army Constellation hat Toxi hier gleich ein paar Probleme, wenn er nicht noch 2 Orbs draufpackt. Ja, Toxi ist aber auch schon über 50 Supply jetzt und sammelt seinen Bären, seine Bärenarmee. Und ich weiß nicht, ich glaube, er hat noch nicht gescoutet, dass da oben eine Echse kommt, ne? Aber er sollte vielleicht mal einen Irrwisch lossenden. Und ja, das ist sogar, ne, die Eule ist auf dem Weg, ja. Ja, so ist es. Das große Plus der Eule, gerade als FFA-Spieler, was Toxi schon eine gewisse Zeit war, weiß man das natürlich. Ja, Hedwig fliegt rüber und checkt das aus. Hedwig MVP der Saga und genauso wird es hier vielleicht sein, wenn denn da auch vernünftig drauf reagiert werden kann. Ja. Franzyzz blockiert ihm aber hier ein bisschen den Weg und ich denke, beide wollen jetzt hier nicht in der Choke fighten. Wird durchaus ungünstig, wobei Toxi schon ein bisschen blutdürstig. Dass er hier im Upkeep ist, das tut schon weh. Ja, und deshalb will er hier auch eigentlich fighten. Gegen 3 Heals. Da kommen die Wisps. Zum Detonaten. Ja, ich bin gespannt, wie das jetzt läuft. Franzyzz sieht schon sehr gut aus vom Setup. Hat auch noch genug Gold, um gleich über 50 Supply zu gehen und auch Einheiten zu produzieren. Trotz Echse. Okay. Invo Potion auf dem Demon Hunter natürlich wichtig. Der wird weiterhin der Carry sein. Die Echse hat sich noch nicht abbezahlt. Das dauert noch ein paar Minütchen. Franzyzz jetzt aber mit einer größeren Armee. Und damit ist der letzte Vorteil von Toxi auch weg. Und Franzyzz auch mit 3-0 Berserkern jetzt. Die stechen jetzt richtig rein. Toxi braucht... Und wir werden jetzt hier... Ja. Toxi braucht einen unfassbaren Fight, um hier irgendwas zu reißen. Die Bären sind natürlich geschult in Gebäude abreißen. Aber der ist perfekt aufgestellt, ne? Ja, Franzyzz sogar jetzt mehr Supply, das natürlich komplett im Fight drin ist. Aber wir müssen jetzt gucken, wie die Wisps connecten. Chain Lightning und Storm mega gegen die Wisp, da kann er nichts gegen machen. Ein paar Detonates hat er gefressen, also nicht alles geblattlastet. TC sieht gar nicht mal so gut aus, hat er eine Invo Potion, sieht top aus, auch die Heal Scroll am Start. Demon Hunter hat noch eine Heal Potion, der Fork Lightning ist nicht genug. Naga gleich kein Fork Lightning mehr und da wurde schon einiges an Damage gemacht, gerade durchs Fork Lightning. Die Problem sollte man auch nicht unterschätzen. Was kann Toxi hier reißen? Naga geht an den Kragen, wieder Fork Lightning und so weit, so gut. Ja, der Demon Hunter macht hier richtig viel Schaden. Hat Level 2 Mana Burn geskillt, um die Heroes vom Gegner rauszunehmen, statt Immolation. Wird zurückgestafft und wird gleich wieder zurück mit dem Teddster kommen, nachdem er sich an den Mondbrunnen satt gefressen hat. Satt getrunken. Und einen Bären sollte er jetzt auf jeden Fall in die P-Online schicken, während er versucht, Franzyzz von unten abzuwehren. Ja, geht auf die Great Hall, hat auch einen TP, kein Staff ready. Demon Hunter kann natürlich einiges wegtanken. 3000 HP schon weggefressen. Die Peons von Franzyzz können reparieren, das macht er gut. Immer wieder kurz rein, bisschen Zeit rausholen, wieder in den grünen Bereich kommen. Und die Archer, die versuchen es halt, aber Archer nicht so ganz ideal gegen eine Great Hall. Jetzt geht er auf die Peons. Jo, und alle Helden von Franzyzz sind blank. In Sachen Mana. Also hier wird erstmal nichts gecastet. Oh, die Axt ist weg. Da kann er nichts gegen machen, kann er. Oh, Naga in Problemen! Fork Lightning trifft nicht richtig, aber der Demon Hunter reicht. Und jetzt fallen auch die Headhunter Toxi mit einem 10-to-Play-Lead. Da haben wir gedacht, das wäre eine Mission Impossible, diese Echse hier oben links zu konkern. Aber er hat's.
Und die Bären, die machen da jetzt Kleinholz draus. Die Archer-Backline sieht immer noch top aus mit 7 an der Zahl. Und die Peons sind alle weg. Franz ist wieder zurück im No-Upkeep und Toxi mit einem riesen Moralsieg. Ja, und ich glaube, es wird sehr schwer jetzt für Franzyzz hier noch in irgendeiner Weise in das Spiel zurückzukommen. Einfach aus dem Grund, dass er die DPS nicht auf die Backline von Toxi bringen kann, die natürlich auch selbst sehr viel Schaden anrichtet und die Bären eine super Frontline bilden, zusammen mit dem Demon Hunter, um alle Melee-Units rauszunehmen. Und das größte Problem ist, denke ich, dass er mit den Helden nicht viel machen kann, eben weil der Demon Hunter auf Level 4 mit Level 2 Mana Burn alle Ambitionen auf Spellcasting rausnehmen kann. Und der letzte Fight war mit 3 Heal Scrolls. Jetzt haben wir eine. Und der letzte Fight war mit voller Armee Bloodlust. Jetzt haben wir hier den Farseer. Der macht auch nicht so viel in diesem Game. Kurz vor Level 4, dann Chain Lightning. Chain Lightning gegen diese Flut an Wisps immer extrem gut, gerade auf späteren Leveln. Aber ob da nochmal Mana ist, das ist die nächste Frage. Und noch eine Frage, kann Toxi den Sack zumachen? Ja, ich glaube, Toxi möchte jetzt ja auch den Sack zumachen. Es kommen wieder Wisps aus der Mainbase herangeschwirrt, um das Detonate an den Tag zu bringen für die Schamanen und Bloodlust, dass hier nicht so viel DPS auf den Pattern dann platziert werden kann. Aber wir sehen, beide rangieren ein bisschen hin und her. Werden wir sehen, dass Toxi in die Mainbase geht und da einen Fight forst? Dann hätte er natürlich den Support von Burrows, vom Shop, sofort Reinforcements von Franzyzz. Der hat noch 500 Gold, da kann er ein bisschen was mit anfangen. Aber wenn Toxi hier nicht overpaced, dann sieht es ganz gut aus. Kein Zement angerührt hier auf den Burrows. Das könnte Franzyzz natürlich auf 50 Supply halten, was nicht gerade ideal wäre. Aber in diese Choke, die Wisps reinzukommen, auch schwierig. Demon Hunter ist einfach das Schweizer Taschenmesser in dieser Situation. Stomp mega. Burrow weg, das ist genau, was Toxi wollte. Das konnte Franzyzz nicht mehr verhindern. Jetzt die Wisps, wieder einiges an Bloodlust weg, sofort neu gecastet. Ist das der Fight zum ersten Loss von Franzyzz? Wisp sehr stark gesniped. Einer konnte ein bisschen connecten, aber alles ist gebloodlustet. Da kommen trotzdem noch 3 Wisps von der rechten Seite rein. Und die können jetzt connecten. Wie Lorelei damals. Demon Hunter kommt raus. Dem TC geht's gar nicht so gut. Durch den Double Orb natürlich extrem viel Schaden. Demon Hunter kommt wieder rein durch den Staff. Du hast es gerade eben gesagt. Der nächste Schamane fällt Naga Level 4. Wir haben einen 20 Supply Vorteil für den Herausforderer. Und was soll ihm diesen Sieg denn jetzt noch nehmen? Ja, gute Frage. Nächste Frage. Revolution auf den Wisps, auf dem einen Wisp, der konnte aber auch nicht mehr detonaten und ich glaube, Toxi, muss hier gar nicht weglaufen. Ich denke, er könnte euch auch den Fight nehmen. Hat er denn die Spikes? Nein, er researcht sie gerade. Vielleicht ist er sich gerade aus irgendeinem Grund unsicher zur Armee von Franzyzz, muss man sagen. Das sind fast 50 Supply, aber das sind auch 7 Schamanen. Die machen jetzt nicht so viel unbedingt. Die machen nix. Die machen gar nichts. Also ein bisschen Purge, ein bisschen Bloodlust, aber Damage machen die gar nicht. Ja, und ich glaube, an dem Punkt des Spiels ist der Dämonenjäger kaum noch zu stoppen. Auch weil Franzyzz halt keine Chance hat, sein Mana zu replenishen. Und mit einem Mana-Burn ist der TC komplett aus dem Spiel genommen. Oh, Podde. Ja. Ein bisschen weit vorne. Diese Choke, da sind schon viele Purge. gefallen. Haben wir einen Staff? Wir Stomp. haben keinen Staff. Stomp rein. Podde weg. Oh, weia. Es ist immer wieder der Hero-Fokus. Ja, kleiner Blunder von Toxi hier. Hätte nicht passieren müssen. Kann er sich an der Taverne wiederholen? Wie viel Gold hatte der? Nee. 300. Das ist nicht mehr so Er viel. revived sie. 90 Sekunden. Egal, er kann trotzdem chasen. Er hat die Naga mit Frost Arrow. Er hat die Aura auch. Das heißt, der TC, obwohl, er hat ja auch Endurance Aura. Das heißt, er ist trotzdem schneller. Team hat er. Kein TP. Kein TP. Braucht den Staff. Braucht den Staff. Naga! Was ist denn Er geht hier auch los? Wow. Ja, Franzyzz hier sehr gut im Punishen der Fehler. Naga war out of range. Purge verhindert das Steffen für einen sehr kurzen Moment. Ich fass es nicht. Das Game hat er doch sicher. Und dann geht die Bottom down. Und dann geht der Demon Hunter down. Wir hatten schon mal während der Regular Season, dass irgendwie der Staff-Knopf nicht richtig funktioniert hat. Ich hoffe, dass er da jetzt keine technischen Probleme hat.
aber das tut richtig weh. Er muss den Demon Hunter von der Taverne holen. Er braucht einen Reju. Der TC, der hat aber, der geht gleich wieder wild, wenn er hier nicht gestoppt wird. Oh, bisschen Panik gerade. Nicht. Ja, das ist Panik. Ja, sehr angespannte Situation für beide. Ich glaube aber trotzdem Toxi noch deutlich vorne, hat den Supply-Vorteil, ist fast bei 60 Supply. Bären natürlich auch eine super solide Frontline und die Archer machen extrem viel Schaden. Potem ist jetzt fast wieder da, auch Level 3. Und Toxi kann jetzt hier den Sack zumachen. Er muss verhindern, dass Franzyzz Mana regeneriert. Jo, und dass der TC wieder ein bisschen HP kriegt, das wäre auch nicht so ideal. Da sind einige Units for free. Der Headhunter weg. Der Headhunter weg. Und wir haben es gesagt, die Schamanen sind für Damage gar nicht mal so gut. Jetzt geht's rein. Da sind natürlich Spikes, aber das sollte hier die Bären nicht aufhalten. Chain Lightning das rein. sind Massagebälle, keine Spikes. Die Bären, die nehmen hier wenig Schaden. Die sind da nicht so beeindruckt. Okay, ich glaube, Toxi bisschen shaky. Einmal kurz zurückziehen. Einmal vielleicht kurz Hände von der Maus und Tastatur. Einmal wieder kurz resetten. Die Potem ist wieder da. Damit der zweite Orb und auch die Aura. Nicht zu vergessen. Für mehr Movement Speed und mehr HP-Regeneration. Die Wisps sind ready für das letzte bisschen Bloodlust. Ist das jetzt der Moment, wo Franzyzz endlich fällt? Raw wird gecastet. Und Franzyzz hat auch kein Area of Effect Dispel. Das heißt, Raw ist sehr, sehr gut in dieser Situation hier. Alle Helden Full HP von Toxi. Fort Lightning sitzt, das heißt Archer gehen down, nehmen auch viel Schaden. TC könnte jetzt wieder reinlaufen, aber Demon Hunter natürlich immer in Position für Mana Burn. Wieder Wisp. Ich will nicht wissen, wie viele Wisps dieses Game gestorben sind. Fürs große Ganze. Für den guten Zweck. Aber ja, wie will man da rein engagen? Natürlich hat Franzyzz noch ein bisschen Gold, aber er kann es auch nicht in Unit stecken, weil er immer noch oder schon wieder Supply-blocked ist. Immer wieder ein Fork Lightning, immer wieder ein Chain Lightning, aber irgendwann reicht es dann auch nicht mehr. Wenn hier der TC auseinandergenommen werden kann, dann reicht vielleicht Speed Scroll, um da noch ein bisschen Zeit rauszuschinden, aber langsam stellt sich die Frage, für was? Ja, ich glaube, Franzyzz muss sich jetzt damit abfinden, dass das Spiel wahrscheinlich nicht mehr so zu seinen Gunsten zu wenden ist. Er versucht ja alles rauszuholen, vielleicht nochmal einen Fehler zu provozieren, wie er das vorher schon geschafft hatte. Aber nichtsdestotrotz, Toxi ist bei 70 Supply und mit ein bisschen Piercing Damage und 3 Helden, die nicht gerade viel Impact haben gegen Mana Burn, außer der Naga, wird es sehr schwierig, jetzt hier noch in irgendeiner Weise das Ruder rumzureißen, gerade weil er auch keinen Income mehr hat jetzt. So ist es. Der Nachtelf kann natürlich seinen Tree schön rüberschicken, da wird auch gerade Nature's Blessing erforscht. Für Franzyzz ist das Ganze nicht so einfach, da kann man nicht die Great Hall auseinandernehmen. Der hat auch kein Gold dafür, um eine neue zu bauen, wenn er nicht irgendwas verkauft. Franzyzz mehr oder weniger panisch am Suchen. Hast du irgendwo einen Baum? Muss ich irgendwo drauf? Kann ich irgendwo drauf? Aber selbst wenn, mit Piercing Damage und Magic Damage, wie will man denn den Tree of Eternity kaputt machen? Ja, hast du irgendwo einen Baum und der Baum, der steht halt einfach in der rechten oberen Ecke. Und der hat jetzt auch schon seinen Armor-Upgrade und sein Movement-Speed-Upgrade und der wird gleich wohin watschen. Und dann tickt die Uhr aber mal noch gewaltiger gegen Franzyzz, als das eh schon der Fall ist. Oder wir machen den Sack einfach jetzt zu. Wie wär's denn damit? Invo-Potion auf dem TC. Muss eigentlich fast wieder den Demon Hunter killen. Ohne wird das schwierig. Wir haben Wisp, der wird aber schön rausgesniped. Jetzt wieder Kiting, Fork Lightning, wieder der nächste Kill. Und alles, was hier fällt, kann Franzyzz nicht wieder bauen. Ja, kleines Missplay bei Toxi, weil er die Archer vorne hatte, gerade zum Anfang des Fights. Aber jetzt ist halt der Zeitpunkt für ihn gekommen, einfach hinterher zu jagen, weil alle Helden das Mana verbraucht haben. Die Archer trotzdem noch stehen in der Backline, die Bären natürlich auch eine solide Frontline bilden. Und Franzyzz hat keine Chance hier, außer einem Peon, der nochmal 10 Gold zurücktransportieren wird, weiter an Gold zu kommen. Das wird unterbunden. Ja, das wird ein bisschen dauern, wenn er da mit Long Distance Mining arbeiten will. Ich glaube nicht, dass das die beste Wahl ist. Toxi behält seinen Tree weiterhin in der Base. Oh, okay, behält ihn doch nicht in der Base, läuft jetzt rüber nach links. Dann ist natürlich die schöne Synergie aus Staff of Preservation und Telestaff erstmal weg, aber ich glaube, das ist auch so ein Zeitpunkt des Spiels, wo das nicht mehr so wild ist. Und wir müssen uns damit anfreunden, dass wir keinen unbesiegten Spieler mehr in der Liga haben. Ja, Franzyzz, der Archimond der Season, wird hier von Wisps runter auf den Boden der Tatsachen geholt.
Dafür bist du, genau für sowas bist du da. Ja. Kampagne ist cool. Dach-Inferno ist cooler. Oder einfach beides. Man kann ja auch einfach beides haben. Darum sind wir nicht jeden Tag online, sondern nur 2-mal pro Woche, damit die Leute zu Hause auch nochmal schön ein bisschen selber zocken können, die anderen 5 Tage. Ja. Sprach der Typ, der jeden Tag einen Stream startet. Ja, aber deswegen ist ja meine Ladder-Karriere auf Eis gerade. Welche Ladder-Karriere? Aua. Die 1500er Amateur-Karriere, die ich mal hatte. Ja, ich kenne das. Manchmal muss man sich auf der Vergangenheit ausruhen. Hör auf, wie geht's? Under siege. Okay. Schick mir dann diskret die Adresse, ich schicke da ein paar Pflaster. Ja, danke. Der Farsier schickt, glaube ich, keine Pflaster. Der hat immer schön die Wisps rausgenommen. Immer wieder die tolle Combo Chain Lightning gegen Wisps. Es ist ein Massaker. Und Franzyzz hat irgendwie da oben eine Echse hingebaut. Ja. Es gibt Dinge auf der Welt, die kann man sich nicht erklären. Und das ist so ein Ding. Nein. Toxi, du hast die Eule. Du musst es sehen. Das darf nicht passieren. Und Toxi kann auch einfach einen Bären hinschicken. Es gibt keine Möglichkeit für Franzyzz, diese Echse zu halten. Ja, erstmal muss Solange er Toxi weiß, wo die rausfinden. Army ist. Ja. Ah. Und die Owl ist, klebt dem Ork an den Fersen. Aber ja, irgendwie scheint er nicht darauf zu kommen, dass da oben eine Echse sein könnte. Ja, er kriegt den Farsier vielleicht, aber jetzt fehlt natürlich auch eine Dryade für ein bisschen Slow. Wäre vielleicht gar nicht so das Schlimmste in dieser Situation. Ja, dafür ist die Naga da. Ja, aber doppelt hält besser. Das stimmt, ja. Toxi, scout das Ding, das kann nicht dein Ernst sein. Oh, weia. Ja, das ist so ein typischer Franzyzz-Move. Er lässt ihn jetzt hier halt einfach auf der Map rumlaufen mit seiner Movement-Speed-Aura. Und Toxi denkt einfach nicht daran, dass er irgendein Income erzeugen konnte. Der hat da einfach einen Blindspot oben links. Der ist einfach... Der Teil der Map ist einfach nicht in seiner Minimap verzeichnet. Das ist so ein blinder Fleck. Ja, und er macht auch keine Anstalten, das zu scouten. Baut jetzt weiter Wisps am Tree of Eternity für weiteres Dispel. Und hat übrigens 1000 Holz, wie auch immer er das geschafft hat. Das kann ich mir auch nicht erklären. Du musst einen guten Förster haben. Ja, wir hatten mal einen guten Förster, aber der ist jetzt anderweitig beschäftigt. Der wird jetzt schon wieder Vater und so. Unfassbar. Wow. Knubbelquakes uses the time for another 50 gift subs. That's what rich people do when they're bored. They give 50 subs. Awesome. Thank you. Toxi? Ja. Toxi, die Eule fliegt. Also es ist schon mal die richtige Himmelsrichtung. Es ist der falsche Fleck, aber es ist die richtige Himmelsrichtung. Sie hat auch nicht die richtige Ausdauer dafür. Oh Sie wird nein! jetzt wieder entfernt von der Karte. Nein. Okay, aber jetzt Treffen in der Mitte. 20 Supply Vorteil. Das muss es Muss er jetzt nicht doch fighten. sein. Franzyzz braucht hier nicht zu fighten. Solange die Echse nicht in Gefahr ist, muss er keinen Fight nehmen. Und langsam muss Toxi dämmern, dass hier irgendwas nicht stimmt, weil Franzyzz keine Fights nimmt und ihn nur ablenkt. Ja. Und Toxi ist ein smarter Typ. Das müssen Nerven sein. Natürlich ist man nicht jeden Tag in den Final Four von der deutschsprachigen Meisterschaft. In jedem Ladder-Game hätte der diese Action schon 7-mal zerfetzt. Er bräuchte eine Checkliste. Er hat da genug Zeit. Er müsste eine Checkliste durchgehen. Warum rennt der Spieler weg? Möglichkeit 1, er Eule. hat eine Echse und ich weiß nichts davon. Eule. Oh mein Gott. Und jetzt klickt er auf die Mine und sieht 6300. Da willst du doch einfach raus aus dem Game. Ja. Jetzt geht er drauf. Jetzt hat er richtig Bock. Ein Bär müsste aber nach oben laufen. Da ist jetzt ein Burrow zum Verstecken. Damit könnte er aber das Mining denyen. Oh, der muss so wütend sein. Junge. Er ist immer noch in einer geilen Situation. Da, also versteht uns nicht falsch, Leute. Der ist immer noch 20 Supply vorne. Die Helden sind immer noch mega geil. Demon Hunter kurz vor Level 5. Naga kurz vor Level 5 und so weiter. Aber was das so mental mit einem macht, wenn diese Echse so lange einfach läuft, das ist der Wahnsinn. Aber jetzt gehen wir einfach auf die Main. Jetzt ist
Vorbei mit Geduld und Spielchen. Einfach drauf aufs Portal. Ja, wir beobachten, wie die Bären Schaden nehmen. Ja, es hält sich in Grenzen. Jetzt gibt's einen Base-Trade. Er TP't zum Tree. Ja. Und Franzyzz läuft wieder weg. Oh, das muss sehr frustrierend sein für Toxi. Er braucht Das ist schon ein mentaler Win für den Kaiser. Aber er ist natürlich jetzt dichter dran an der Echse von Franzyzz. Ja, aber wenn er nach oben läuft, kann Franzyzz trotzdem den Trade nehmen und die Echse von Toxi rausnehmen. Ist das gestört? Oh weia, oh weia. Das gibt's nur auf den Finals. Das kriegst du nirgendwo anders. Oh Mann. Was möchte er am Laboratory? Möchte er sich Zepper holen? Zeppelin? Nee, Zeppelin wird ihm nichts bringen. Er will ja die Aura haben. Ich denke, Zepper sind besser, weil er da den Brace Trade beschleunigen kann. Und die Mondbrunnen sind alle super eng beieinander platziert. Jo, da sind sie. Toxi hat Oh, TP. Bloodlusted Zepper, das habe ich auch noch nicht gesehen. 3 Bloodlusted Zapper. Die sind mega schnell. A player's forces Oh, are under attack. Feier! Toxi aber auch mit dem Go. Der kriegt die Bären da so ganz noch nicht vorne dran. Ja, die machen jetzt... Und drauf und 1. Oh nein, er jagt ihn selber hoch. Und ja, das passt, das fehlt ja jetzt noch. Einfach drauf da. Jetzt muss er noch ein bisschen selber Hand anlegen. Ich kenne das Gefühl. TP, wieder rein. Die Echse ist weg. Und damit sollte das doch jetzt das Play gewesen sein. Natürlich. Natürlich ist es so ein Zapper-Play. Wir haben Witch Doctor und wir haben Stasis Traps. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was hier passiert. Wir haben Master Witch Doctor. Wow. Ja, aber wir haben es an der Franzyzz-Reaktion in der Kamera gesehen. Er hat den Fehler auch natürlich bemerkt und das war ein super, super großer Fehler, weil den Fight hier wird er nicht nehmen können. Oh, also kann er machen, ne? Aber verliert er dann halt. Vielleicht ist Ja. jetzt endlich mal Lichter aus und Toxi holt sich das Ding. Was gibt's denn jetzt? Er hat 70 Gold. Das ist nix. Also er kann natürlich Items verkaufen und so. Aber Toxi hält. Ich weiß nicht, wie lang der Strohhalm noch ist, an dem er sich festklammert, aber ich glaube, er erreicht gleich das Ende. Ja, seitdem die nicht mehr aus Plastik sind, da halten die auch nichts mehr aus. Anyway, kriegt er jetzt endlich mal diese verdammte Kuh. Wisp kommt rein, wieder gegens Bloodlust. Das ist natürlich nicht nur Attack Speed, sondern auch Movement Speed, was das ganze Weglaufen wieder einfacher macht. Demon Hunter hat keine Potion, da wollte ich gerade schon Angst haben, aber der Step ist ready. Farseer Level 5, aber come on. Das kann nicht Oh, er passieren. fightet das aber hier richtig gut. Die Bären kann er rausnehmen. Naga 5. Die Manta kommt nicht zurück. Jetzt kommt er zurück. Hat ein bisschen lange gebraucht. Da zittern vielleicht auch ein bisschen die Finger oder die Maus ist ausgerutscht. Also... GG! GG! GG, da ist das Ding. Toxi ist der erste Spieler, der Franzyzz im Inferno schlägt. Nach einem sehr, sehr, sehr einzigartigen Game. Ja, das war richtig wild. Und Leute, legt euch eine Checkliste an. Wenn euch jemand auf der Karte halten will, dann muss der erste Punkt sein, hat er eine Echse, die ich nicht gescoutet habe. Fischer, hast du was zu diesem Game zu sagen? Ja, Wahnsinn. Also, großer Fall. Also, man hat, glaube ich, schon gemerkt, dass Toxi echt nervös war, weil sonst hätte er da, glaube ich, eher den Sack zumachen wollen. Aber das war auch richtig gut gemacht von Franzyzz, denn ich sag mal so, man hat gesehen, was die Schwäche der Nachtelf-Armee ist, die Toxi sich da zusammengebaut hat, halt mit den Bären und mit den Archern. Denn durch das Ganze weggelaufen hat sich halt einfach die ganze Nachtelf-Armee wie so eine Perlenkette aufgereiht und dann sind die Helden halt einfach vorne. Und das hat Franzyzz zweimal hinbekommen. Er hat die Potten so gekillt und hat den Demon Hunter so gekillt. Und das ist halt genau die Art und Weise, wie Franzyzz diese Fights haben wollte. Und das hat erstaunlich gut funktioniert und hat ihn halt lang im Game gehalten. Und ja, wilde Geschichte, aber stark einfach gespielt von Toxi, auch wenn es gegen Ende hin da hätte er den Sack deutlich früher zumachen können. Wenn er, glaube ich, ein bisschen mehr Confidence gehabt hätte, dann wäre das wahrscheinlich auch passiert. Aber ja, es hat geklappt. Erster Map-Loss für Franzyzz diese Season und jetzt sind wir voll angekommen in den Finals. Ja, jetzt wirklich alles möglich. Also nach diesem Game ist, glaube ich, jetzt auch dem Letzten klar, dass auf Finals immer alles möglich ist.
Absolut. So, wohin geht die Reise Junge. jetzt nach diesem Map 2? Kann das jemand irgendwie predikten? Es geht auf Boulder Vale. Boulder Vale. Eine der tollen neuen auf Maps, Boulder die Vale. wir haben. Haben wir eine Weile nicht gesehen. Es ist in der Tat eine schöne Map. Es wäre ein Traum, wenn Toxi hier Human spielen würde und Pally Rifle. Ist aber nicht der Fall. Von daher wird Franzyzz hier schon seine Gründe haben, dass der überhaupt noch Losers Picks gemacht hat. Das ist ja schon ein halbes Wunder. Aber gut. Toxi lässt noch ein bisschen auf sich warten. Wir haben allen Spielern gesagt, nehmt euch die Pausen, wenn ihr sie braucht. Ja, verdientermaßen. Also das hat er wirklich gut noch gespielt. Er hat versucht, alles rumzudrehen, wie er konnte, alle Möglichkeiten ausgeschöpft, hat seinen Gegner in der Nase rumgeführt. Und Toxi wäre beinahe darauf reingefallen, aber er hat das am Ende doch noch zu seinen Gunsten gewendet. Und auch weil leider von Franzyzz der Fehler mit dem Zapper passiert ist. Ja. Aber ich glaube, selbst wenn der Tree down geht, wird Toxi noch gute Chancen haben, das Spiel zu drehen. Weil er einfach den Supply-Vorteil hatte. Franzyzz hätte dann mit der Aura noch mehr Hit and Run und Base Trade spielen müssen. Und ja, dann hätten wir wahrscheinlich noch ein bisschen länger hier gesessen. Okay, wir warten weiter auf Toxi. Der nimmt sich in der Tat die Zeit. Sure. Okay. Toxi sagt, er braucht ein paar Minuten. Dann würde ich sagen, habe ich jetzt das, warte. Haben wir da das Pfeil? Ist die Frage. Vom Toxi parat? Ich glaube nicht. Ich wollte gerade das Interview starten. Haben wir das schon? Nee. Aber dann haben wir noch eine kurze Wortmeldung vom Franzyzz gleich vielleicht. Oder Toxi kommt einfach ins Game und wir gehen direkt ins Game. Oder so. Oder so. Jetzt sind wir auf jeden Fall wieder im Best of 3 Territory. So wie es die letzten 8 Wochen auch war. Herzlichen Glückwunsch übrigens an Rain. Der hat unsere Division 2 gewonnen am Donnerstagabend und wird uns nächste Season in Division 1 beglücken. Ja, Glückwunsch an den guten Tobi. Das hat er sich verdient, hat sehr starke Leistungen gezeigt in allen Matches. Man hat da wirklich gesehen, wie er sich so von Woche zu Woche immer verbessert hat und was für teilweise wilde Micro-Moves da mit am Start waren. Und ja, große Leistung, kann man nur den Hut vorziehen und freue ich mich schon drauf, ihn dann hoffentlich nächste Season dann in der Division 1 zu sehen und mal gucken, wie es sich da so schlagen wird. Da bin ich auch gespannt. Mit 1900 MMR. Einfach die Liga gewonnen. Wahnsinn. Ja, MMR ist auch nur eine Zahl, ne? Wir sagen's. Sag das mal Icy. Icy hat einen Relet-Teilnehmer geschlagen und schlägt jetzt Leute mit 1800 MMR. Ja, davon wird er auch die nächsten 5 Jahre erzählen. Ja, ne? ja. Das, so ist der Icy. Okay. So ist er. Gut. Ja, Franzyzz ist auf jeden Fall schon ready. Wir warten jetzt noch auf Toxi. Der hat ja noch kurz eine Pause gebraucht, was man ja absolut verstehen kann. Nach dieser Series. Ich habe jetzt gerade gar nicht drauf geguckt, wie lang ging es denn? Ging es 30 Minuten? Knapp, oder? Vielleicht habe ich es noch im Cache und kann da mal gucken. In unser Postgame. Ist noch da. 33 Minuten 50. Sehr gut. Ja, so muss es sein. Es hat ja auch keiner mehr heute was vor. Also in 20 Minuten ist Leon gegen Teddster gescheduled. Ich glaube, die können sich erstmal noch ein bisschen aufs Sofa legen. Und dabei uns zuschauen Na klar. und Eben. zuhören. Und sich vielleicht auch noch noch eine Packung Koala-Kekse aufmachen. Das habe ich nämlich während dem letzten Game gemacht. Und ich habe festgestellt, ungefähr 33 Minuten ist die Zeit, die ich brauche, um so eine Packung leer zu essen. Ja, hoffentlich kriege ich auch gleich ein bisschen Zeit. Ich habe natürlich hier unser schönes Care-Paket von den Koala-Leuten geschickt bekommen. Das ist jetzt so 2 Wochen hier ungefähr. Ich liebe ja dieses Sponsoring, aber ich musste mich wirklich zusammennehmen, dass diese Tüte nicht leer ist vor den Finals. Ja, Ja. ich habe mir heute auch wieder gegönnt. Welche Figur hattest du denn, Fischi?
Ich hatte tatsächlich dieses wunderschöne Labyrinth-Spiel, Murmelding. Ich weiß nicht, wie es Oh heißt. je. Das ist immer so mental challenging. Das ist richtig. Die haben auch irgendwie einen Namen, aber ich weiß nicht mehr nie, wie die heißen. Heißt die Kugellabyrinth oder so? Aber ja, sehr cool. Ich habe ein Puzzle. Crazy. Guck mal, so, ich habe Das auch, hat, ich hab auch ein Kugellabyrinth. das siehst du mal. Ich glaube, das sollte ich nicht on Stream machen. Das ist wie Mathe, ja, das macht man Ja, nicht. ja, nee, das macht man nicht, das macht man nicht. Aber ich glaube, wir müssen noch ein bisschen auf Toxi warten, oder? Der ist zwar dem Game gejoint, aber noch nicht da. Dann nehmen wir doch mal eine kleine Wortäußerung von Franzyzz. Der musste ein kleines Fragengewitter aushalten. Ich hätte jetzt ein paar Schnellfeuerfragen. Die Regeln da sind relativ simpel. Ich stelle dir eine einigermaßen simple Frage. Einigermaßen, weil sie durchaus auch philosophisch und komplex besprochen werden könnte, diese Frage. Du hast aber immer maximal einen Satz Zeit, um darauf zu antworten. Und ich hau dir die einfach nur so um die Ohren. Alles klar, bist du bereit? Also du sagst eine philosophische Sache Nee, und ich muss einen Satz da. Ich stelle dir eine Frage, wo man vielleicht gerne länger drauf antworten würde. Du musst aber innerhalb von einem Satz drauf antworten. Teilweise vielleicht auch Alles einfach klar. innerhalb von einem Wort. Okay. Fangen wir an mit der ersten Ja. Frage, die können wir ja sonst auch ein bisschen als Test nehmen. Lieber mechanisch besser sein als die Gegner oder strategisch besser sein als die Gegner? Strategisch. Welche Einheit in WC3 sollte basierend auf ihrem Wert im Spiel eigentlich mehr XP geben? Spellbreaker. Wenn du genau einen Aspekt des Spiels patchen dürftest, welcher wäre es? Dass man mehr wie 12 Units in einer Gruppe machen kann. Alles klar. Autumn Leaves oder Tidehunters? Tidehunters. Wenn du ein Item aus dem Spiel entfernen dürftest, welches würdest du nehmen? Steph auf Preservation. Bio 3 oder Bio 5? Bio 3. Alles klar. Und dann zum Abschluss die Top 5 Spieler der DACH-Szene. Von 1 bis 5, jetzt und früher, völlig egal, ob noch aktiv oder nicht. Was wäre deine Antwort? Ist X-Lord auch dabei? Völlig egal. Alle, die mal in der DACH-Szene gespielt haben, aktiv oder nicht mehr aktiv. Kannst zurückgehen bis Mew. Okay. X-Lord, Yas, Leon, Van, Franzyzz. Alles klar. Vielen, vielen lieben Dank. Da sind wir mit den kleinen Impressionen von Franzyzz und mit dem dritten Game. Wir haben kein Best of 5 mehr, sondern ein Best of 3. Es steht 1:1. Toxi und Franzyzz wollen sich nochmal so richtig geben. Toxi hat eine kleine Pause gemacht, das Ganze nochmal überdacht hier nach diesem ereignisreichen Game 2. Und jetzt geht's weiter. Wer holt sich Matchpoints? Fischer, ich habe deinen Rat mal angenommen. Ich habe mir eine schöne Schüssel Koalas gemacht. Ich lehne mich jetzt zurück. Ihr könnt das ganze Ding kommentieren. Ich mache die Kamera und dann schauen wir mal, wer hier mit einem guten Gefühl auf Map 4 geht. Ich hatte Jawohl. gerade Urlaub gebucht. Fuck. Oh, sorry. Ja, soweit ist noch nicht. Ein paar Spielchen haben wir noch, bevor du den Urlaub geben kannst. Denn wir sind auf Boulder Whale, meine sehr verehrten Damen und Herren. Links unten haben wir den Org-Spieler, haben wir Franzyzz, Gewinner von Map Nummer 1, Verlierer von Map Nummer 2. Und ja, er startet hier mit dem Blade Master als First Hero und diesmal wieder ein bisschen anderes Strat. Er geht auf Blade Master Headhunter. Also die Warmware kommt jetzt hoch. Auf Seiten von Toxi sehen wir hier den Demon Hunter und Ancient of War. Erste Archer ist in Produktion. Der wird hier das Goblin Lab dann gleich mit ein bisschen Baum-Support creepen. Ja, Blade Master gegen Demon Hunter. Oldschoolig, ne? Ja, aber im aktuellen Meta natürlich Blade Master mit variablen Skilltrees, so wie ich das sehe. Also was denkst du, Mirror Image oder Windwalk? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich kann mir fast vorstellen, wenn er hier auf die Headhunter gehen wird, dass er sich auf Mirror Image, wählen wird, um damit ein bisschen zu creepen. Windwalk und Critical Strike kann natürlich auch sehr, sehr gut funktionieren. Haben sie in Game 1 gesehen, aber tatsächlich glaube ich, will er sich jetzt hier auch aufs Creepen
fokussieren erstmal. Wir sehen jetzt tatsächlich auch, Mirror Image ist es. Und es wird der erste Spot gleich mal angegangen. Jo, beide entscheiden sich, das Lab zu creepen. Jetzt kommt hier ein Wisp, wahrscheinlich fürs Detonate. A player's forces are under attack. Ja, erwischt aber den Blade Master nicht. Ja, stimmt, hat er nicht bekommen, aber zumindest die Illo ist dadurch flöten gegangen. Der Ogermoller wird jetzt weiter gecreept. Nach dem Spieler hat seinen Spot schon erledigt. Als Item gab es bei ihm die Sentry Wards. Das ist natürlich auch schick, ein bisschen mehr Übersicht zu bekommen. Demon Hunter läuft jetzt hier auch gleich mal Richtung Taverne. Wird da wahrscheinlich dann auch irgendwann demnächst den ersten Sentry Ward setzen. Ja, Orc-Spieler hat den ersten Headhunter mit am Start. Es wird weiter fleißig gecreept. Er bekommt jetzt hier ebenfalls den Sentry Ward als erstes Item. Und ja, sollte diesen Spot gerade so finishen, bevor der Demon Hunter kommt. Toxi vergisst den Tag. Oh. Die Goldzahlen steigen, aber er taggt nicht. Ich glaube, das ist ein Fehler. Und in der Base gibt es den nächsten Fehler. Da wird nämlich gerade der Demon Hunter surrounded. Da gibt es Emulation, aber ich glaube, das juckt den Orc-Spieler relativ wenig. Der hackt hier weiter auf den nach der First Hero ein, zieht den Headhunter schön raus. Das Round ist zu. Mit einem Grunt, 2 Headhunter und 2 Peons geht's hier auf den Demon Hunter. Und ja, du hast es angesprochen, der Tag, der war ein bisschen spät. Wurde jetzt natürlich gestartet, aber das war natürlich jetzt keine gute Aktion hier für Toxi. Klar, er konnte den Job canceln, aber TP dafür einsetzen müssen und ordentlich was an Hitpoints eingebüßt. Ja, und die Mondbrunnen sind leer. Der dritte ist im Aufbau. Wir haben zwar Nacht, aber ich bin gespannt, ob Franzyzz daraus Profit schlagen möchte. Er ist selber gerade sehr low HP und hat den Sentry Ward jetzt durch seinen eigenen Sentry Ward aufgedeckt. Konnte den auch canceln gerade. Creept jetzt weiter, möchte wahrscheinlich Level 3 Blade Master erreichen. Und das wäre doch ein guter Power Spike für einen Naga-Push, wenn er hier im Early Game so viel Mana von dem Moonwelt schon gedraint hat durch den Surround. Absolut. Tier 2 Tech ist bei ihm gut 70% durch. Franzyzz natürlich. Und ja, holt sich jetzt hier den nächsten Orc Burrow. Seine Voodoo Lounge ist in diesem Augenblick fertig geworden. Pult jetzt hier tatsächlich auch gleich nochmal die Creeps vom Murloc Camp, die jetzt hier angegangen werden. Und du hast es angesprochen, Naga Push, das wäre natürlich jetzt hier eine feine Angelegenheit. Das könnte sehr, sehr gut funktionieren. Nach der Spieler creept jetzt erstmal weiter mit Ancient of War Support. Hunter's Hall kommt hoch, deutlich weniger Archer als im letzten Game. Also da haben wir ja fast das Dreifache an Archern gesehen. Hier sind es momentan nur 3 Stück. Nach der Attack jetzt so gut auch 70% durch. Und ja, was macht der Orc? Haut er erstmal die Tür ein und geht zur Taverne. Ja, aber wir sehen Shadowhunter. Und Ja. ich glaube, er hätte auch das +1 Attack Damage Upgrade früher gedrückt während dem Tag, wenn er geplant hätte, hier einen Push zu spielen. Sieht nicht so aus. Deshalb glaube ich, dass er eher auf das längerfristige Spiel setzt. Und der Shadowhunter gegen Demon Hunter, Hex first oder trotzdem Serpent Wards? Was denkst du? Ich glaube, er geht trotzdem auf die Serpent Wards. Also, die haben einfach, ja, wir haben es in den letzten Wochen häufig gesehen, dass die Serpent Wards da richtig ordentlich reinhauen. Wir haben es auch in der Series schon gesehen. Und ja, ich glaube, würde mich wundern, wenn er sich da jetzt auf Hex Healing Wave beschenken wird. Aber lass uns mal überraschen. Wir sehen jetzt die ersten Mercs auf Seiten von Toxi und es kommt tatsächlich jetzt zum ersten Aufeinandertreffen in der Basis des Nachtelfenspielers. Blade Master mit dem Critical Strike wird jetzt hier eine Archer wahrscheinlich gleich mal rausnehmen können. So sieht's aus. Es gab nochmal einen Mana Burn, also keine Illus mehr. Aber der Blade Master mit den Boots macht hier einen richtig guten Job. Jetzt kommt die Naga rein mit dem Slow. Da ist eine Speed Scroll auch mit am Start. Toxi, ich weiß nicht, ob das jetzt beabsichtigt war. Ein bisschen hat er geblockt, aber nichts Weltbewegendes. Und das ist wieder ein sehr, sehr, sehr starker Fight hier, gerade von Franzyzz. Ja, er versucht die Mercs hier rauszunehmen, die natürlich sehr teuer sind. Der Blade Master macht super Damage und auch der Shadowhunter kommt mit Hex rein. Das heißt, der Dark Troll Berserker wird ja auch fallen, weil noch kein Staff auf Toxis Seite gekauft wurde. Er hat auch noch gar keinen Shop gebaut. Ancient of Lore kommt jetzt, aber alle Mercs sind tot und mit der Speed Scroll gibt es hier einen einfachen Weg nach Hause. Ja, einfach einen Weg nach Hause in der Tat. Es wird vielleicht sogar nochmal einen Hex geben auf den Demon Hunter. Jawohl, macht er gut. Das war ein bisschen so das Problem, glaube ich, von Franzyzz auch auf Map Nummer 2. Da hat er doch einiges an Headhuntern in dieser Phase einbüßen müssen. Jetzt hat er den Spieß umgedreht. Hat Toxi jetzt gleich mal runtergebracht auf 24 Supply. Also da fehlt natürlich jetzt nicht nur die Army, sondern da ist auch einiges an Gold. Ja,
einfach weg, dass er in diese Mercs investiert hat. Double Ancient of Lore gibt es. Age of Wonders kommt jetzt ebenfalls gerade hoch für den Nachtelfenspieler. Toxi ist so ein bisschen am Gucken, der sucht, wo ist gerade sein Gegenspieler. Kann er da irgendwie was abstauben? Aber ja, Franzyzz, der ist auf der anderen Seite der Map gerade unterwegs. Der creept jetzt nämlich hier gerade die Goldmine. Könnte vielleicht wieder eine Echse geben, oder? Ja, ich glaube, im Moment ist das Timing noch nicht so gut, aber wenn er 50 Supply erreicht, würde sich eine Echse natürlich auszahlen. Toxi hat natürlich auch wenig Druck, den er aufbauen könnte, weil er auch wirklich viele Units eingebüßt hat, gerade wie du richtig gesagt hast. Und, aber er kommt zum Creep-Check. Er kommt zum Creep-Check rein. Wir haben den ersten Raider, da ist aber noch das Snare-Upgrade in der Pipeline. Das wird jetzt hier gleich durch sein, aber naja, Franzyzz geht jetzt nicht weiter hinterher, um da noch irgendwie eine Unit rauszusnipen, sondern ja, holt sich nochmal den Creep und das Tomb of Strength war es jetzt hier für den Shadowhunter. Demon Hunter läuft wieder mit rein, der sollte aufpassen, der hat nämlich nichts im Inventar, um sich irgendwie zu saven. Speed Scroll kommt. Archer versucht hier irgendwie den Weg frei zu blocken. Der Orc-Spieler kriegt den Sound. Schön gemacht hier von Franzyzz. Ja. Und das ist das Ende des Demon Hunters und das Ende des Games. GG. Franzyzz hier mit einer Demonstration auf Map Nummer 3. Ja, scheint so, als darf ich keine Pause haben, wa? Die Gebete des Franziskanerordens wurden erhört. Alter Vater, was eine Reaktion von Franzyzz. Das war ein relativ shaky Game von Toxi, oder? Also erst der Tag, dann das TP, dann der nächste Surround. Es scheint so, als hätte ihm Game 2 nicht so gut getan. Ja, vielleicht kann man sagen, Game 2 ein mentaler Sieg für Franzyzz, trotz der formalen Niederlage am Ende. Weil er Toxi wirklich wahrscheinlich den Hirnsaft rausgezogen hat, weil er das Spiel so lange aufrechterhalten hat und Toxi sich sicher geärgert hat, dass die Echse da so lange lief. Und ja, ein bisschen Fumbly Bumble, den Demon Hunter im Early Game surrounded bekommen, das darf natürlich nicht passieren. Und jetzt einfach super greedy in die Army vom Orc reingelaufen und gegen Hex und gegen Raider mit Ensnare ist das halt einfach keine gute Idee. Jo, da hat Franzyzz schon einen sehr, sehr guten Read gehabt. Und Toxi konnte da nicht so wirklich nochmal an der Kreativschraube drehen. Jetzt habe ich die halbe Packung erst leer. Muss ich nachher noch mal nachlegen. Diesmal sind wir alle sehr fix im Game. Und ja, ich hab's gesagt, so Toxi ist ein sehr launiger Spieler, sag ich mal. Gar nicht mal so negativ, aber wenn es gut geht, dann kann es auch auf Map 2 und 3 richtig gut gehen. Wenn es irgendwo schief läuft, dann ist man dadurch schon beeinflusst. Anders als auf der Map, auf der Ladder oder so. Von daher wollen wir mal schauen. Aber wir sind ready. Matchpoints Franzyzz. Wir haben die wundervollste Map aller Zeiten auf dem Programm. Twisted Meadows kommt. Jo, wunderschöne Oldschool-Map. Und gefühlt in jedem Final oder in jedem größeren Turnier hat Twisted Meadows eine entscheidende Rolle gespielt, so als letzte Map oder als Map, die so ein bisschen den Umbruch eingeleitet hat. Vielleicht jetzt auch für Toxi. Der steht natürlich jetzt mit dem Rücken zur Wand. Der müsste jetzt die nächsten 2 Matches hintereinander gewinnen, um hier noch in die nächste Runde einziehen zu können. Franzyzz braucht tatsächlich nur noch einen einzigen Sieg hier, um den Sack zuzumachen und sich im Winner-Bracket zu halten. Für Toxi ist natürlich dann, oder für Franzyzz, je nachdem wer verlieren sollte, ist das Ganze natürlich noch nicht vorbei. Wir haben ein Lower-Bracket, also da geht es auch nochmal, oder gibt es nochmal die Möglichkeit, sich fürs Grand Final zu qualifizieren. Wird dadurch nicht einfacher, aber es ist noch nicht aller Tage Abend. Ja, wir müssen jetzt darauf hoffen, dass wir denselben Toxi sehen wie damals in der Relegation. Da das war auch ein Best of 5. Es war super knapp, 3-2 am Ende für Toxi. Da liefen die ersten 2 Maps richtig, richtig gut. Dann hat Franzyzz aufgedreht und wir haben quasi dasselbe Gespräch geführt mit, jetzt dreht Franzyzz auf und jetzt holt er sich das und Toxi manchmal ein bisschen launisch, ja. Aber Game 5, Clutch Toxi, den brauchen wir jetzt genauso nochmal. Scheint so, als würden wir da noch, weiß ich nicht, was man da macht. Kann man den Nachtelf Discord nochmal kontaktieren? Nochmal eine Bildorder gucken auf WC3.no. Toxi auf jeden Fall am Platz, aber Nochmal die Bild-Zeitung schauen, ja. ja, vielleicht nochmal den Coach fragen. Ich weiß nicht, ob Nabu da involviert ist. Aber gut, zwischen den Games wird nachgedacht, zwischen den Games wird adjustiert. Nicht wie sonst immer
ein Game nach dem nächsten geballert. Und Toxi braucht Antworten. Woher auch immer er sie nimmt, er braucht jetzt Antworten. Ansonsten ist es Lower Bracket und Lower Bracket heißt morgen, wenn man denn den Titel holen will, 3 Games am Stück. Das kann sehr, sehr zermürbend sein, gerade weil das Grand Final natürlich Best of 7 ist. Fischer, ich glaube, wir haben wieder die Ehre, die wundervollste Map. Ja. Mit uns halt. Aber immerhin eine wundervolle Map. Naja, man kann ja nicht alles haben im Leben, ne? Zumindest die Map ist gut. Die Spiele sind gut, ja, für die Kommentatoren können wir nichts. So ist es halt. Ja, Twisted Meadows, Cross Position. Wir haben Franzyzz gegen Toxi. Spielstand momentan 2:1. Der Österreicher also in Führung. Er startet links oben und ja, beginnt wieder mit dem Altar of Storms, Borrow und der Barracks. Also wird es wahrscheinlich zu Beginn wieder zumindest mal einen Grunt geben. Ne, man weiß ja nicht, was sonst noch kommen wird. Auf Seiten von Toxi, da sehen wir diesmal ein bisschen was anderes. Wir sehen den Altar of Elders, den Moonwell, aber noch keinen Ancient of War. Könnte vielleicht Hans hier geben. Was wäre deutscher, als Hans zu spielen? Sehr wenig. Und gerade auf Twisted ist das natürlich ein Klassiker. Gerade mit Keeper of the Grove. Also sehen wir hier wieder den Wechsel zurück. Jawohl, so ist es. Es gibt Entangle, es gibt Treants, es gibt Huntress. Und dann müssen wir sehen, wohin die Reise geht. Huntress, einer der großen Receiver der Buffs im letzten Patch. Gibt ein Tier-2-Upgrade, dann kriegen sie Heavy Armor. Und das macht den Orks so ein bisschen das Leben schwer. Nicht so doll, wie es vielleicht vermutet wurde. Aber das große Problem in einigen der Games, Serpent Wards. Und Serpent Wards sind gar nicht mal so gut gegen Heavy Armor. Sind immer noch gut, aber nicht übertrieben gut. Und jetzt warten wir auf Huntress Hall und warten wir auf Ancient of War. Und da geht's los. So ist es. Huntress Hall und Ancient of War werden in diesem Augenblick hochgezogen. Übrigens sehr, sehr schön, was Franzyzz so in seiner Basis gemacht hat. Also schön ein bisschen Peon-Micro betrieben, um die... Ach nö. Oh nö! Ach so. Was? Also haben wir was verpasst, weil unten links war schon gescoutet und da ist aber nichts mehr. Oh. Siehst du, 6 Uhr, da ist doch dieses... Ja, ja. Wo der Fog of War quasi... Wurde dann Ancient of War irgendwie gebaut und gecancelt von irgendwas? Könnte sein. Ah, okay. Kevin schreibt doch gerade im Chat, wollte einen Ancient of War da bauen und der wurde gecancelt. Oh, weia. Ah. Wenn man eh schon ein bisschen angeknackst ist nach den Niederlagen und auch nach dem Sieg tatsächlich, dann ist das natürlich das absolut Schlimmste, was passieren kann. Da ist uns das wohl kurz entgangen, aber ja, damit natürlich Riesenvorteil für Franzyzz im Early Game und vielleicht dieser Huntress-Build-Order gar nicht mal so geplant, sondern eher so ein bisschen improvisiert jetzt. Franzyzz währenddessen mit dem Creep fertig. Jo, Angel of War sag ich schon. Tree of Life gibt's jetzt hier auf 6 Uhr tatsächlich. Blade Master und Keeper jetzt ein bisschen im Synchron laufen gerade vor der Ork-Basis. Jetzt gibt's hier nochmal einen Backstep-Hit. Bisher auch tatsächlich noch gar kein Skillpoint vergeben hier auf Seiten des Keepers. Also der hält sich das Ganze hier noch offen, ob es Treants gibt, ob es Entangle gibt. Da hat er sich momentan noch nicht entschieden. Aber allein schon die Anwesenheit des Keepers reicht ja, um den Orc-Spieler da so ein bisschen, naja, von seinem Plan abzuhalten, was auch immer er jetzt vorhatte auf der Map. Denn, wie gesagt, so ein Early Game, wie wir es schon hatten, mit den ganzen Entangles, das will Franzyzz auf keinen Fall mehr haben. So, jetzt kommt die Tier 1 Expansion und dann spielen wir vielleicht Keepercraft mit vielen, vielen Hunts. Und dann, wenn die Not am größten ist, dann bau doch einfach 10 Huntress und klick aufs Ork-Hauptgebäude. Das ist immer eine gute Wahl mit so einer Strategie. Gerade mit den Gleven ist es relativ schwer, dagegen zu arbeiten. Ich habe auf jeden Fall Bock auf Game 5, von daher für den Moment Go Toxi. Es gab den Ring of Archmagi für den Blade Master, das gefällt ihm sehr. Geht auch zum Mercenary Camp. Shadow Priest für Dispel, Berserker für Damage. Für Franzyzz läuft alles nach Plan. Ja, für den sieht es ganz gut aus. Auf Seiten von Toxi sehen wir jetzt den Tag auf Tier 2. Natürlich weitere Hunts in Produktion. Der Tree of Life wird jetzt hier auch gleich fertig sein. Das heißt,
wenn er diesen Spot gefinisht hat, wird er dann wahrscheinlich sich vielleicht das grüne Camp noch holen und dann runterlaufen. Jo, so sieht's aus. Da werden nachher nochmal die Creeps gepullt und ein bisschen gecreept. Selbiges sehen wir jetzt auch auf Seiten des Orc-Spielers. Der creept ebenfalls diesen Spot auf seiner Seite der Map natürlich und bewegt sich mit großen Schritten auf Level 3 zu. Das heißt, wir haben Windwalk, Critical Strike und dabei bleibt es dann auch erstmal. Und so far, so good. Hier 2 Tags durch, Seiten von Franzyzz. Wir sehen das Torrent Totem, wir sehen das Beast Tree und den Mann mit den Schlangen natürlich, den Shadow Hunter. Jawohl. Da sind auch keine Anstalten von irgendwelchen Ancient Protectern irgendwo. Also Franzyzz muss sich hier um nichts Sorgen machen. Außer vielleicht die Expansion, die unten wächst. Aber der Blade Master, der ist ja quasi wie Grubby, das liegt wohl in der Natur der Orks, hobbymäßig Gärtner. Und der hat was gegen Entangled Gold Mines. Und da muss jetzt gegen vorgegangen werden. Blade Master haut aber erstmal gut auf den Keeper drauf. Der ist bei 50%. Der Echse geht's auch nicht so gut. Sag mal, gehen hier gleich die Lichter aus? Vor allen Dingen, ganz ehrlich, das Item, das er jetzt hier halt einfach am Start hat, mit dem Speedscroll eingesetzt. Klaut sich hier noch mal das Item. Der Wind of Mana Stealing, der hat halt einfach den Keeper komplett aus dem Spiel genommen. Jetzt geht auf den Tree of Life, der wird wahrscheinlich gleich repariert werden. Ist es aber genug, die Creeps helfen. Oh, jetzt wird ja auch noch entsnared. Es läuft ja alles gegen Toxi. Der Tree of Life wird weiter angegangen, aber der Blade Master, der hat hier ordentlich was kassiert. Oh, Keeper kommt rein. Jetzt muss Franzyzz aufpassen. Der muss aufpassen. Der wird entangled, der wird gefokust. Wind of Mana Stealing wird nochmal eingesetzt. Er hat genug Mana für den Windwalk. Kommt er weg? Er kommt weg. Da ist eine Eule. Da muss er jetzt echt vorsichtig sein. Darf nicht zu greedy werden. Ist er auch nicht. Und zieht sich erstmal zurück. Aber wieder sehr, sehr starkes Harassment am Tree of Life von Franzyzz hier. Ja, also seien wir ehrlich, das Game hätte hier nach 20 Sekunden vorbei sein können. Es hätte auch hier nach 6 Minuten vorbei sein können. Aber Toxi fightet mit ein bisschen Verzweiflung vielleicht, aber er fightet noch. Jetzt der Blade Master allerdings wieder da, wo er gesehen hat, dass der Keeper weg ist. Da geben sie sich ein bisschen die Klinke in der Hand. Und jetzt ist er wieder aus der Reichweite der Eule. Dachte man, Entangle, Fokus, kein TP. Reicht das? Hat er den Damage? Nee, hat er nicht. Es reicht nicht. Oh Mann, ey. Ja, knapp 90 Hitpoints verbleiben hier momentan auch auf Seiten des Blade Masters. Der jetzt erstmal, der muss jetzt zum Shadow Hunter, weil der Shadow Hunter, der hat noch ein bisschen was im Inventar. Der hat noch Healing Cells, der hat eine Speed Scroll und der könnte im Zweifelsfall wahrscheinlich auch noch eine Healing Wave rausballern. Und Blade Master schafft es jetzt tatsächlich hier zu seinem Second Hero, also wieder alles im Lot. Ja, Spirit Walker, Raider, Servant Ward, das ist the way to go hier für Franzyzz. 45 Supply gegen 39 aktuell. Die Goldmine ist jetzt natürlich schon wieder gecreept. Das könnte sein, dass wir hier dann gleich einen Peon sehen, der sich auf den Weg macht, um hier zu expandieren. Aber momentan ist das noch nicht der Fall. Second Hero sehen wir jetzt auf Seiten von Toxi und das ist der Alchemist. Jo, das ist die klassische Combo aus Keeper, Mass, Hans und Alchemist. Toxi, da steht die Echse, da steht die Entangled auch. Da sind die Wisps aber noch busy mit Reparieren. Von daher hat er jetzt noch keinen großen Profit geschlagen aus dieser zweiten Base und dementsprechend noch nicht so viele Huntress am Start. Und der Blade Master, der ist schon wieder da. Der Blade Master ist wieder mit am Start und es geht jetzt ja einfach auf den Alchemisten. Backstep, Critical Strike, Evo Potion eingesetzt, die Orc Army läuft rein. Wird es jetzt gleich gewesen sein? Nee, TP wird transferiert. Wie ist jetzt nochmal mit dem Rock Golem aus? Den wird der nach dem Spieler nicht kriegen. Nee, der geht an den Orc. Oh weia, was ein Creep-Jack hier. Ja, in bester Orc-Manier reinlaufen, Windwalk, einfach alles töten, was angeschlagen ist und so läuft's. So macht Orc-Spielen Spaß. Oh weia, ey. Franzyzz spielt sich hier gerade in so einen kleinen Rausch, habe ich das Gefühl. Alles, was irgendwie schief gehen kann, für Toxi geht schief. Alles, was irgendwie glatt laufen kann, für Franzyzz läuft glatt. Und natürlich geht's straight nach unten. Toxi kriegt hier nochmal ein bisschen Vision mit der Huntress und weiß, okay, ja, jetzt ist Doomsday. Jo, jetzt kommen die ersten Serpent Wards natürlich mit dazu. Verwundert mich ein bisschen, dass wir auf Seiten von Toxi auch gar keinen Dust sehen. Also der hat sich hier wirklich immer auf seine Eulen
verlassen und der kann halt auch hier irgendwie nicht contesten, ne? Also das gibt seine Army irgendwie, auch wenn sie gleich 4 Supply haben, wahrscheinlich nicht hier. Jetzt geht sofort wieder auf den Keeper. Oh, Junge, der wird einfach gefokust. Blade Master ist angeschlagen, kriegt aber die Healing Wave. Der Keeper läuft auch hinten weg, ist er noch Mana für den Windwalk, kein Mana mehr, aber Speed Scroll ist am Start. Wo bleibt das nächste ins Snare? Da kommt der Raider-Block, der Blade Master mit dem Last-Hit. Jetzt muss der Orc-Spieler sich natürlich ein bisschen neu positionieren. Brauchen wieder die nächste Healing Wave. Es kommt erstmal der Serpent Ward, Scroll-Off, Healing wird eingesetzt, die erste Bombe, die ebenfalls mit reingeknallt. Jetzt kommt der Dispel auf die Tree und sie sind damit erstmal aus dem Spiel. Momentan 46 gegen 49 Supply. Nächste Healing Wave kommt rein, hält den Raid erstmal am Leben. Focus Fire sofort wieder auf den Alchemisten, aber der ist momentan noch ganz gut unterwegs und jetzt wird hier auch nochmal das Heal Spray angeworfen. Kein schlechter Fight jetzt hier von Toxi, aber reicht's, um sein Hero am Leben zu halten? Nein! Der dicke Strike! Der schneidet einfach mal den Second Hero aus dem Bild. Oh weia, und jetzt spielt Toxi hier StarCraft nur noch mit Hans und die werden jetzt eine nach dem anderen aus dem Spiel genommen. Und währenddessen steht die Ork-Echse und der Shop kommt auch. Also, das wird wohl kein Happy End mehr geben für Toxi in diesem Spiel heute Abend. Der Start war so gut, das zweite Game noch besser, aber danach fällt seine Performance wie ein Kartenhaus zusammen und wer auch immer das zweite Winner Bracket Halbfinale gewinnt, sollte fast schon ein bisschen Angst haben vor diesem Kaiser hier in Game 4. Ja, der lässt hier wirklich nichts anbrennen. Also, wow, richtig stark gemacht von ihm. Gut, man muss natürlich dazu sagen, dieser Ancient of War Loss an der Goldmine, der war natürlich richtig, richtig bitter. Also wenn der hochgekommen wäre, dann hätte das Ganze wahrscheinlich, das ganze Early Game schon mal ganz anders ausgesehen von Toxi. Das war schon ein bisschen von Anfang an so ein bisschen so ein Uphill-Battle, das er da kämpfen musste. Aber nichtsdestotrotz, sehr, sehr stark gemacht von Franzyzz bisher hin. Und ja, währenddessen hat er auch noch seine Echse hochgezogen. Also die läuft jetzt natürlich auch. Und ja, 50 gegen 47 Supply. Ja, Franzyzz ist, glaube ich, nicht so der Spieler, der da direkt auf den Kill geht, sondern lieber ein bisschen Stabilität reinbringt, nochmal eine Echse ziehen, nochmal zum Shop, nochmal eine Invul. Bloß nichts anbrennen lassen, warum auch? Es hat ja bisher alles wunderbar funktioniert. Und die Zahlen auch bei der Nachtelf-Armee, weder die Level noch das Supply, ist irgendwie großartig Angst einflößen. Und wenn die Huntress im normalen Fight sind und das Serpent Ward stehen, dann wünscht man sich eine Armee von Archern, die da irgendwie ein bisschen Support gibt. Das ist aber alles nicht der Fall. Und wir sehen Serpent Wards Level 2 immer noch famose Summons mit 28, 29 Damage. Toxi versucht noch mal was zu reißen. Da ist noch ein bisschen Mana gewesen, aber das war's. Franzyzz verliert eine Map, aber gewinnt die Series, ist in den Top 3 und im Winner Bracket Finale. Sehr verdient. Ja, würde ich unterschreiben. Stabilerer Spieler, besserer Spieler. Und also auch mit einer, also selbst seine Niederlage war irgendwie auf irgendeine komische Art und Weise ein Sieg, dass Toxi dann nicht mehr auf Map 3 und 4 sein A-Game bringen konnte. War, glaube ich, deutlich zu merken. Und somit keine Riesenüberraschung, aber immerhin haben wir gesehen, dass auch Franzyzz ein bisschen bluten kann. Jo, absolut. Also Franzyzz, er ist nicht komplett unschlagbar. Ne? Also erste Niederlage im ersten Match der Finals. Nichtsdestotrotz starke Leistung natürlich von ihm. Toxi, ich glaube, da ist für ihn auch noch mal mehr drin. Der sind vielleicht ein bisschen die Nerven heute auch dazu gekommen. Aber wie gesagt, morgen ist auch noch mal ein Tag. Er hat die Chance. Wären natürlich dann 3 Matches hintereinander, aber er hat es auf jeden Fall drauf vom Skillset her, da definitiv noch 1, 2 Matches zu gewinnen. Dementsprechend würde ich Toxi da noch nicht abschreiben. Aber ja, der Kaiser mit einer royalen Leistung, muss man schon sagen. Ja, jeder Gameplan ging auf für ihn, würde ich behaupten. Selbst auf Map 2, die er verloren hat, hat er auch versucht, das Ruder rumzureißen, also da mentales Monster. Und ich denke, das war auch ein mentaler Sieg für ihn, einfach weil er Toxi dadurch sehr aufreiben konnte. Und ja, wer die Fehler provoziert, der kann am Ende auch die Früchte dafür tragen. Und absolut solide Performance, da kann man nur sagen, Hut ab. So ist es. Und ich glaube, das wird ein absoluter Banger heute. Als Main-Event des Abends haben wir natürlich das Winner-Bracket-Finale. Das ist ja klar. Wir warten noch auf Franzyzz. Natürlich werden wir ihn hier im Winner-Interview zu sehen bekommen. Auch wenn er vielleicht ein bisschen verschnaufen muss, aber das kann er gleich machen. Wenn Leon und Teddster spielen, das zweite Winner-Bracket-Halbfinale kommt natürlich auch noch.
Und dann wollen wir mal sehen, wer hier ins Grand Final einzieht heute Abend. Nach der Performance jetzt gerade, die du gesehen hast, Anxiety, Leon, Teddster, haben die eine Chance gegen Franzyzz? Jeder hat eine Chance gegen Franzyzz, weil auch ein Franzyzz kann Fehler machen. Und ich denke, wir werden hier gute Matches sehen, egal wer am Ende gegen Franzyzz antreten wird. Und solange wir ein volles Best of 5 kriegen, werden wir einen würdigen Sieger am Ende haben und hoffentlich auch eine würdige Veranstaltung für die Viewer. Das sehe ich doch ganz ähnlich. Den Leuten scheint es zu gefallen. Dicken Dank an Skimmy für die 10 Gifted Subs. Dicken Dank an Knubbequakes für keine Ahnung wie viele Subs. So weit kann ich nicht zählen. 500, 400, irgendwas. Es ist komplett Banane. 1.000.000. Sehr, 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 sehr geil. Schön, dass es euch gefällt. Wenn euch die Deutsche Liga genauso gefällt wie Skimmy und Knubbe, dann gerne den Sub-Knopf drücken oder ein Prime dalassen oder auch gerne mal den Sponsoren von den Koalas zeigen, dass ihr gerne noch mehr WC3 sehen wollt. Ich schaue gerade so in die Player-Kamera. Franzyzz ist immer noch nicht da. Kurzes Päuslein. Dann Leon gegen Teddster. Kurzes Foreshadowing. Fischi, wird's der erwartete Sieg von Leon oder hat Teddster hier eine Chance? Also, sagen wir es mal so, jetzt wäre es eigentlich wahrscheinlich mal Zeit, mein T-Shirt zu revealen. Ne? Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Ne? Ein Herz für Orks heute. Ich glaube an den Teddy. Der wird heute definitiv nicht zu 0 vom Feld gehen, sage ich jetzt einfach mal. Also, da wird heute ein bisschen was gehen für Teddy. Und Leon, denke ich, ist auf jeden Fall der Favorit. Ich glaube auch, dass es sich durchsetzen wird, aber es wird nicht so einfach oder wahrscheinlich nicht so deutlich, wie das vielleicht der eine oder andere sich vorstellt. Ich habe das Gefühl, Teddy hat extrem Bock, hat noch auf Twitter ein bisschen was verlauten lassen in den letzten Tagen. Ich glaube, Umzugsgedönse sind so mehr oder weniger vorbei, von daher feuerfrei für die Finals. Und ja, der war sogar lieb im Chat zu mir. Also irgendwann ist er in der Luft. Vielleicht ist er verliebt. Nee, ich kann ja sagen, was in der Luft ist. Ich habe nämlich gerade mit Teddy geschrieben, der hat nämlich mit Allergie zu kämpfen und hat keine Tabletten mehr. Oh, das ist ärgerlich. Hatten wir das nicht letzte Finals oder so schon mal? Ja, das kommt ja jedes Jahr überraschend, ne? Ich weiß nicht, ich hab sowas nicht. Ja. Also ich fühle den Teddy, ne? Es ist nicht so schick, ne? Wenn du da mit Heuschnupfen ein bisschen zu kämpfen hast. Aber nichtsdestotrotz, wir sind ja nicht draußen, ne? Also von dem her, vielleicht hat er den ganzen Tag so in der Wohnung verbracht und hat gezockt. Vielleicht ist das ja sogar ein Vorteil für ihn. Mal gucken. Was soll man auch sonst machen, ne? Gut, während wir noch auf Franzyzz warten, dann lass uns doch mal umschalten zu der ersten Stimme von unserem zweifachen Titelträger. Denn natürlich haben wir die ganze Season über Franzyzz geredet, über Franzyzz geredet, Franzyzz. Aber natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass Leon ja eigentlich unser Champion ist und dementsprechend hier euer Doppelsieger vom DACH INFERNO. Herzlich willkommen an einen weiteren unserer DACH INFERNO-Finalisten von dieser dritten Saison. Und zwar herzlich willkommen an den wunderbaren Leon. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo, Gideon. Danke dir fürs Interviewen und fürs Einladen. Du bist mittlerweile ja in jeder unserer Seasons mit dabei gewesen und auch, sagen wir mal, bisher absolut dominant durch unsere neue Dachmeisterschaft von Being Esports und Back to Warcraft durchgegangen. Wir haben jetzt in dieser Saison das allererste Mal eine Situation, dass du zumindest in der regulären Saison einen ebenbürtigen Gegner vor dir hattest. Erzähl mal, wie war die Saison für dich? War das anders? War das einfach nur das eine Game gegen Franzyzz und du fühlst dich trotzdem genauso gut wie sonst? Lass uns ein bisschen an deinen Gedanken teilhaben. Ja, gerne. Also diese Saison war tatsächlich bisher die anspruchsvollste. Auch gerade der Einstieg war nicht so einfach, mit Franzyzz zu starten. Hatte zu dem Zeitpunkt auch nicht gerade so die beste Verfassung in Warcraft 3 und dann kamen viele Dinge zusammen und Franzyzz hat auch einfach gut gespielt und habe dann 2 Maps abgegeben. Hat aber auch so ein bisschen den Druck rausgenommen, also ich habe ja sonst immer einfach jedes Spiel gewonnen und hatte dann auch Schwierigkeiten im zweiten Match gegen Toxi, da erstmal meine Bestleistung abzuliefern und ich habe mich jetzt so während der Saison wieder dahin gearbeitet, wo ich aufgehört habe in der letzten Season. Grundlegend, würde ich sagen, dass das Niveau das höchste ist, was wir bisher hatten. Auch die Diversität der Spieler von den Spielstil
Spielstilen und natürlich auch Fraktionen, die sie spielen. Es ist einfach ja, sehr anspruchsvoll und macht mir jede Menge Spaß. Ich habe schon mit 2 der anderen Finalisten gesprochen und die haben dich immer wieder extrem gelobt für die unheimliche Fähigkeit, wahnsinnig viele Matches zu spielen und dich einfach dadurch extrem gut vorzubereiten. Erzähl, wie schaffst du es, dich nach so vielen Jahren immer noch so wahnsinnig doll für Warcraft zu motivieren? Weißt du, warum die Liebe so ungebrochen ist oder ist das einfach eine Sache, die einfach so da ist? Erzähl uns darüber was. Ich glaube, bei mir ist es hauptsächlich das Thema, dass ich auch natürlich auf Weltniveau spiele, im Sinne von die größten Spieler halt immer wieder herausfordere und jetzt noch nicht an der Spitze bin, aber tatsächlich das Gefühl habe, ich bin in der Lage, das zu tun und dadurch bin ich, glaube ich, sehr motiviert, immer wieder an mir weiterzuarbeiten und besser zu werden. Wenn ich jetzt nur, sagen wir, Casual spielen würde und würde hier und da mal freuen über einen Sieg und generell auf deutscher Ebene schon Schwierigkeiten haben, wäre das, glaube ich, auch schwierig für mich, da so die Motivation herzustellen. Dafür ist das Spiel einfach auch leider einfach zu klein, aber bei mir ist es einfach die Leidenschaft, mit den Besten zu spielen, gegen die Besten zu spielen, meine besten Leistungen abzurufen und das macht einfach Spaß. Also gerade da, wo es jetzt in die Details geht, um jede Sekunde, das macht mir irgendwie Spaß, das irgendwie herauszufinden, wie ich da besser entscheiden kann in jeder Situation und dementsprechend ja, bleibt halt auch die Motivation hoch und wenn ich da ganze Zeit auf dem höchsten Level spiele, dann ist es umso besser, dann auch auf deutschem Niveau dann auch weiterhin dominant zu bleiben. Da würde mir direkt eine Nachfrage einfallen. Wird denn Warcraft 3 mit der stärkeren internationalen Competition so linear komplexer, sage ich mal, dass man sagen kann, okay, wenn man gegen einen starken Koreaner gut ankommt, dann hat man auch in der Dachmeisterschaft keine Probleme? Oder sind die Games sehr unterschiedlich, wenn du diese unterschiedlichen Turniere miteinander vergleichst? Ich würde schon sagen, dass es hilft, gegen den besten Ork oder wie du es gerade beschreibst, einen Südkoreaner zu spielen, der sehr, sehr genau und sehr, sehr effektiv spielt, mich natürlich immer wieder herausfordert und mich vor Fragen stellt. Und das ist schon ein Unterschied, ob du dann gegen jemanden spielst, der selber noch sehr viele Fragen hat und noch nicht so richtig weiß, wie er das Spiel angehen soll oder zumindest an bestimmten Phasen im Spiel einfach einbricht, was ja letztendlich Warcraft 3 ist. Also es gibt ja so viele unterschiedliche Phasen und viele spielen halt schon auf Top-Level, so was den Anfang angeht und dann nimmt es immer mehr ab. Und natürlich hilft das dann unter so einem Stressniveau die ganze Zeit gegen die Besten zu spielen und dann spielt man gegen jemanden, der vielleicht nicht so effektiv ist und schon fühlt es sich an wie Urlaub. Also es ist schon so bei mir, dass ich das Gefühl habe, ich spiele halt auf Top-Niveau und dann, wenn da jemand mir Räume gibt, die ich dann einfach nutzen kann, das ist dann wie so ein Schneeballsystem. Das wird dann immer besser für mich, effektiver und mein Gegner hat echt Schwierigkeiten, dann noch ins Spiel zu kommen. Cool, danke für deine Einblicke. Gerne. Wir haben in diesem Jahr in unserer ersten Saison der DACH INFERNO Finals 2 völlig neue Spieler mit dabei. Mit Franzyzz und mit Toxi. Wir haben 2 Orks mit dabei gleich. Das heißt also, das Gefüge dieser Finals verändert sich nochmal sehr, sehr stark zu den letzten 2. Was sind denn deine Predictions für die DACH INFERNO Finals? Wer wird Erster, wer wird Zweiter, wer wird Dritter und wer wird Vierter? Also natürlich wäre es komisch zu sagen, ich würde jetzt nicht Erster werden, weil ich einfach mich gut vorbereitet habe und auch aus den Fehlern gelernt habe, die mir am Anfang der Saison passiert sind. Meine Prediction wäre halt, dass ich gewinne das ganze Turnier, dann kommt Franzyzz, dann kommt, ich glaube, Teddster ist gar nicht so verkehrt mit der Strategie, die er gerade fährt, die mit den ganzen Witch-Doktoren und Schamanen. Hängt ein bisschen davon ab, wie Toxi sich darauf vorbereitet. Und dann, ja, würde das 3. und 4. der Platz, würden die dann untereinander ausmachen. Würde aber sagen, Teddster 3. und Toxi 4. Alles klar. Und wenn du jetzt noch einmal über deine 3 Gegner nachdenkst, wenn du ein Attribut von jedem anderen Finalisten für dich beanspruchen könntest, das heißt also etwas, was die besonders gut machen, was die besonders stark ausmacht und du könntest dir das klauen, welches Attribut würdest du dir holen von jedem der 3? Von Franzyzz, glaube ich, schon auch die Spielintelligenz, die er auch mitbringt und auch seine Fertigkeit, ziemlich gut zu lamen. Hilft mir als Human jetzt nicht so viel, aber die Art und Weise, wie er das Spiel angeht, also das Spielverständnis finde ich sehr scharf bei ihm, sehr effektiv. Bei Teddster muss ich sagen, einfach so die Kreativität, die er mit reinbringt in das Spiel, unterschiedliche Strategien auszuprobieren und nicht so festgefahren zu sein auf eine Strategie. Das hilft auch mal, da mal auszubrechen. Nicht nur, aber mal das zu haben, ist sehr, sehr gut. Toxi, auch da seine Vielseitigkeit in den Strategien, besonders auch seine Ruhe, die er mitbringt. Auch wenn er Pala Rifle spielt, muss ich sagen, bin ich mal beeindruckt, wie einfach er so die Dinge abruft und die Map kontrolliert. Also die Spiele, die ich bisher gesehen habe, haben mich sehr beeindruckt. Genau. Und das sind so, glaube ich, die Attribute. Also die Ruhe von Toxi, die Kreativität von Teddster und das Spielverständnis von Franzyzz. Cool. Wunderbar. Der gute Leon will zum Three-Peat ansetzen und wird von Teddster herausgefordert.
Franzyzz hat sich einfach verkrümelt übrigens, ohne Winner-Interview. Absolute Frechheit an dieser Stelle. Das muss natürlich sanktioniert werden. Aber dafür können wir stolz sein, Fischi. Du hast es auch schon im Player-Chat geschrieben. Leon hat am Finals-Weekend unser Map-Pick-and-Ban-System verstanden. Und die Map-Picks-and-Bans, sie sind auf dem Weg. Und Franzyzz hat sich auch zurückgemeldet. Ja, guck, da haben wir es doch alles zusammen hier in unseren Finals. Muss ich mir nochmal die Player-Cam anmachen, dass das alles funktioniert. Wollen natürlich von unserem Winner was hören. Dass das so funktioniert, wie es soll. Was wäre ein Tag ohne einen gemuteten Co-Caster? Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Das ist überhaupt nicht passiert. Das ist überhaupt nicht passiert. So, wir warten noch kurz auf Franzyzz Cam und dann sind wir ready. Fischi, führst du das Interview mit mir? Ja, selbstverständlich, sehr gerne. Ist Professional Broadcast. So, da haben wir ihn doch. Und jetzt ist er da. Der Kaiser. Zwar eine Map verloren, aber die Series gewonnen. Fühlt sich gut an, oder? Ja, echt geil. Zu der zweiten Map habe ich kurz gedacht, ich kann das jetzt noch verlieren. Aber Map 3, also eine Map nach der anderen, habe ich dann mich fokussiert und dann Map 3 und Map 4 eigentlich relativ solide gespielt. Haben wir auch so gesehen. Es fing ja aber schon wild an, dass auf einmal da ein Keeper in deiner Base stand und dir quasi die halbe Economy auseinandergenommen hat. Auf Map 1 oder auf Map? Ja, auf Map 1. Ja, auf Map 1. Am Anfang zuerst gehen. Ja, ich habe damit gerechnet, dass er mit dem Keeper rüberkommt. Ich weiß nicht, wie ich den Keeper übersehen habe, weil mein Grunt auch in dem Beth gelaufen ist. Muss ich übersehen haben. Ja, alles gekillt, einfach der Keeper. Man kann da die Beons gar nicht safen dagegen, wenn man den Keeper am Anfang nicht sieht und das ist schon ärgerlich. Hast du 25 B-Buff. Ja, denke ich auch. Hast du überhaupt damit gerechnet, dass Toxi hier auf Nachtelf geht oder wolltest du gegen Pali Rifle spielen? Ich habe tatsächlich damit gerechnet, dass er 11 spielt und habe mich auch intensiv die letzten Tage auf 11 vorbereitet. Ich dachte nicht, dass er nochmal Baller Rifle spielt jetzt gegen mich, weil es ein bisschen genervt wurde und 11 ein bisschen gebufft. Daher bin ich eigentlich schon davon ausgegangen, dass er 11 pickt. Und zum Glück hat er dann 11 gepickt, weil gegen Baller Rifle habe ich eigentlich gar kein Replay geguckt jetzt. Hast du uns nicht während der Season gesagt, dass gegen Nachtelf das dein am schwächstes dein schwächstes Matchup ist? Und dann trotzdem Ja, Toxi genau. gepickt? Neo, die Wortwahl, die kenne ich gar nicht von dir. Ja. Trotzdem Herrn Toxi gepickt, ja. Gepickt, nicht gefickt. Also ich habe gefickt verstanden. Nein, Mann, gepickt mit P. Direkt Okay, ja, trotzdem. Ja. bin natürlich hochprofessionell hier. Bis jetzt zumindest. Aber ja, Fischi, hast du noch Fragen? Ja, also erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg in der ersten Runde. Du hast ja auf Map 2 hattest du ja auch auf jeden Fall schon einen ziemlich guten Matchplan, ne? Also mit Bloodlust und mit den 3-0 getagten Headhuntern. Und hast das Spiel dann am Ende noch relativ, ich sage jetzt mal, offen gehalten noch. Ja, wie war denn so deine Wahrnehmung? Dachtest du wirklich, okay, ich kann das Game jetzt noch mal irgendwie umdrehen oder war das einfach nur noch so ein bisschen, okay, ich versuche mich wieder so ein bisschen zu stabilisieren, reinzukommen und einfach das Beste jetzt noch rauszunehmen aus dem Game? Genau, also auf Map 2 der größte Fehler war, als ich meine Echse treffen wollte, links oben dabei die Naga verloren habe. Die hätte ich einfach draufgehen lassen sollen, die Echse. Und dann mit Triple Heal Score noch einen guten Fight zu erzwingen. Irgendwo auf der Map, wo es offen ist. Aber er hat es schlau gemacht, Bären Front gehalten, Demon Hunter Double Staff, was manche Elfs nicht machen, aber er hat echt stark gespielt, muss ich sagen, auf der Map. Und dann habe ich probiert, so lange es geht, zu überleben.
sorry nochmal für die Zuschauer, wenn es zu lange gedauert hat, aber ich wollte einfach im Game bleiben, bis manchmal tut sich so ein Fenster auf, auch wenn es nur 1% Chance ist, dass ich das gewinnen kann, aber den 1%, den versuche ich rauszuholen. Und er hat tatsächlich seine beiden Heroes verloren. Und dann habe ich leider selber ein bisschen gefailt mit dem Seppa-Suizid. Als 3 Seppa reingelaufen sind und nur zwei detoniert sind. Ich glaube, mit 3 wäre die Exit down, also garantiert. Ja, Dann und ich wäre es glaube auch eigentlich Base Race gewesen. ja, und ich glaube, den Shop in deiner Base, den hat er auch gekillt, den hast du dann auch sehr spät erst alles nachgebaut, als du wieder reingelaufen bist. Stimmt, ja. Ja. Genau. Jetzt natürlich noch die ganz große Frage. Du bist jetzt in der nächsten Runde, kannst dich jetzt quasi zurücklehnen und gucken, wer dein Gegner wird. Auf was hast du dich denn jetzt mehr vorbereitet für diese nächste Runde? Auf Human gegen Orc oder Orc Mirror? Eigentlich für beides offen. Wobei Orc Mirror immer so ein Zufallscharakter und Human gegen Orc ist eigentlich immer straightforward. Archmage Exe, Archmage Sheriff, Archmage Fastek. Alles dabei, aber gegen Orc kann man halt Mirror Image machen. Double Rex, Head und da gibt es halt so viele Strats, die man abziehen kann und man darf halt nicht das falsche Opening haben dagegen. Klar, da sind wir gespannt. Heidi. Jetzt natürlich die große Frage, was macht ein Franzyzz, während er warten muss aufs nächste Game? Ja, ich werde jetzt essen, meine Freundin kocht gerade, zum Glück. Dann bin ich gestärkt in der nächsten Runde. So gegen gut. Leon. Dann genieße es, liebe Grüße an die Freundin und bis später. Okay, bis später. Danke. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Kaiser Franz. Da lässt er sich auch noch bekochen, nachdem er hier Toxi kurz zum Kochen gebracht hat auf den Maps. Ja, so musst du das machen. Ist einfach ein sympathischer Typ. Schön, dass er dabei ist. Schön, dass er in den Top 3 ist. Schön, dass er nach dem Map-Loss nicht gewackelt hat, sondern einfach weiter durchgezogen. Wie sieht's aus zwischen Leon und Teddster? Sind die soweit durch? Oder müssen die noch? Fischi, ich würde sagen, du bringst die beide mal auf Vordermann, was hier Map-Picks und Bands angeht und hostest einmal. Ich lasse die Leute teilhaben an den Gedanken von Teddster. Die sind nämlich immer sehr interessant. Wir wissen es seit der Season, die Statements von Teddster durchaus ein bisschen spicy. Mal schauen, ob das bei den Finals auch so ist. Wir sitzen hier heute mit einem weiteren unserer 4 Finalisten in der 3. Saison des WC3 DACH INFERNO von Being Esports und Back to Warcraft und haben heute einen Finalrückkehrer mit dabei. Natürlich geht es dabei um den wundervollen Teddster, den zweiten Orc in unserer Reihe der 4 Spieler. Und gleich zum Anfang erstmal die Frage, wie geht's dir, wie fühlst du dich, wie war die Saison für dich bisher? Ja, soweit alles gut, danke auf jeden Fall. Saison lief einigermaßen gut, aber auch nicht so anders als erwartet. Im Großen und Ganzen bin ich auf jeden Fall zufrieden. Hab mir aber vorher auch schon irgendwie ausgerechnet, dass die Playoffs auf jeden Fall drin sind. Die Saison war ja wahnsinnig knapp zum Ende hin. Also in den letzten 2 Spieltagen hätte sich noch einiges verändern können, je nachdem, wer da unterschiedlich spielt. Ganz besonders Teko hatte auch noch eine gute Chance, ins Finale reinzukommen. Wie ging es dir im Kampf um Platz 3 und 4? Geht man da irgendwie anders an die letzten 2 Spieltage ran oder machst du einfach dein Ding? Nee, also groß anders bin ich da nicht rangegangen. Besonders, also es war eigentlich so ein bisschen, ungewohnt oder ich habe nicht damit gerechnet, dass Teko gegen mich gewinnt. Da hatte ich nur leider einen echt sehr, sehr schlechten Tag. Habe schlecht gespielt, schlechte Items gehabt. Er hatte gute Items, einen ganz guten Tag und dann habe ich auch gegen Teko verloren, dummerweise. Und dann ist es doch nochmal knapper geworden, als es hätte sein müssen. Gegen Toxi konnte ich dann gewinnen. Ich glaube aber, Toxi hat sich auch nicht so extremst darauf vorbereitet, weil er die beste Position hatte von uns dreien. Und auch damit gerechnet hat, dass Franzyzz gegen Teko gewinnen wird. Du bist in dieser Saison schon zum 2. Mal in Folge in den Finals. Und du triffst wieder im ersten Game auf Leon. Das lief im letzten Jahr, beziehungsweise zum Ende des letzten Jahres, nicht ganz so gut für dich. Was tust du dieses Jahr, um das zu verändern? Ja, gegen Leon wird es auch dieses Mal wieder sehr, sehr schwer. Ich glaube, er ist nach wie vor einer der Teilnehmer, die mit Abstand am meisten Zeit ins Spiel investieren. Zudem spielt er nach wie vor Human. Nach wie vor wahrscheinlich die stärkste Rasse, eventuell
jetzt ein geteilter erster Platz mit Nachtelf. Von daher, es wird auf jeden Fall schwer, aber das Gute ist, bei Leon weiß man ungefähr, was kommt. Also man kann sich relativ gut vorbereiten. Und dann muss man halt einfach gucken, wie die Spiele dann laufen, wie der Flow sich entwickelt. Und in der Ladder kann ich ab und zu mal die eine oder andere Map gegen ihn gewinnen. Deswegen vielleicht bin ich nicht ganz chancenlos, aber es wird auf jeden Fall schwer. Alles klar, wird auf jeden Fall eine spannende Partie. Du bist ja, ich sag mal, besonders im Player-Chat, aber auch überall sonst immer wieder so der direkteste und für mich und vielleicht ein paar andere Leute auch einer der lustigsten auf jeden Fall Kontrahenten im DACH Inferno. Ich habe da so die eine oder andere Nachricht auch in Richtung von Edoboy zum Beispiel gesehen, die ich sehr lustig fand. Bist das einfach du? Ist da Strategie dahinter? Willst du, dass die Leute ein bisschen sauer auf dich sind, wenn die gegen dich ran müssen? Oder ist das einfach nur Spaß? Nee, also ich weiß, Edo würde niemals sauer sein. Ich kenne ihn sehr gut, ist ein guter Freund. Und generell einfach ein bisschen sticheln, ein bisschen zündeln, macht immer Spaß. Das ist auch das Gute an der Liga. Ich weiß ja nicht, vorher bei der ESL war es immer so ein bisschen verpönt und verboten, ein bisschen zu sticheln und ein bisschen aggressiver in den Statements zu sein. Da sollte alles immer ganz ruhig sein und man durfte quasi keine Ansagen machen. Das ist jetzt das Schöne, wir dürfen es jetzt. In der ESL haben wir Preisgeldabzüge bekommen. Hier kriegen wir Lob. Von daher. Ja, okay. Wir sind ja auch hier, um das Ganze ein bisschen organischer zu halten, sage ich mal. Also hör bitte von unserer Seite aus bloß nicht damit auf. Vielleicht können wir ja gleich ein bisschen Stichelei weiter veranstalten, hier mal schauen. Und zwar, wir haben natürlich 4 Kontrahenten. Wir haben einen interessanten Kampf dieses Mal an der Spitze gesehen. Leon zum ersten Mal so ein bisschen gewackelt zum Beispiel, auch schon in der regulären Saison. Wie sehen denn deine Predictions für die DACH Inferno Finals aus? Wer wird Erster, Zweiter, Dritter und Vierter? Ja, da wir alle die gleiche, beziehungsweise da keiner von uns die gleiche Rasse spielt, sondern nur Franz und ich Ork sind, Leon Human und Toxi ist der letzte. Toxi Human und Nachtelf spielt, ist das so ein kleines Problem für Franzyzz und mich. Ich weiß nicht, du kannst ja mal hier die aktuelle Weltrangliste einblenden. Da haben wir 2 Orks unter den Top 15. Neo propagiert ja immer, dass das sehr gut gebalanced sei. Ja, also ich finde immer, das sieht ein bisschen nach Inklusion aus. Orks haben es da sehr schwierig, Undeads haben es auch schwierig und Humans und Nachtelfen haben es sehr leicht. Sind mit Abstand am meisten vertreten. Und wenn man sich dann auch die Winrates von Ork gegen die anderen Rassen anguckt, dann sieht man gegen Human keine Chance, gegen Nachtelf keine Chance, gegen Undead gute Chancen, Undeads haben wir aber nicht dabei. Das sind die Winrates beziehungsweise die Winrates auf 2200 MMR Plus, als auf dem MMR, auf dem wir uns jetzt auch bewegen. Deswegen wird es wahrscheinlich so, dass Leon Erster wird, Toxi Zweiter, Franz Dritter und ich Vierter. Würden wir alle die gleiche Rasse spielen, dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen anders. Dann wäre wahrscheinlich Franz Erster, ich Zweiter, Leon Dritter und Toxi Vierter. Aber gut, das können wir uns leider nicht mehr aussuchen. Hätten wir uns vor 20 Jahren anders entscheiden sollen, dann wäre das vielleicht auch anders. Aber gut, wir müssen jetzt mit dem leben, was wir haben. Vielleicht sollten wir ja mal über so ein neues Format nachdenken, wo wir einfach jedes Best-of sind einfach 4 Mirrors. Nein, 5! Man spielt immer ein Best-of-5 und das letzte ist Random gegen Random. Könnte auch sehr spannend sein. Okay, behalten wir mal im Hinterkopf. Das nennen wir dann den Teddster-Mode. Angenommen, du könntest ein Attribut von jedem Finalisten neben dir für dich beanspruchen. Das heißt also, es gibt etwas, wo du sagst, da ist mein Kontrahent Leon, mein Kontrahent Franzyzz, mein Kontrahent Toxi sehr, sehr gut drin. Welche Attribute würdest du von denen klauen? Was hättest du gerne von denen? Von Franzyzz die Fähigkeit, in Auswegsituationen über Laming noch zu gewinnen. Von Leon wahrscheinlich den Grind, einfach 1000 Spiele am Tag machen zu können. Und von Toxi wahrscheinlich den Abuse der Imbalances. Alles klar. Und was ist das Stärkste an dir? Was glaubst du, sollten die anderen von dir klauen, wenn sie die Chance hätten? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich, ja, ich glaube, ich sag dazu lieber nichts. Alles klar, okay. Du musst keine Strategien verraten. Alles klar, dann lassen wir das. Wunderbar, wir halten uns im Stillen sozusagen. Gut. Eieiei, der Teddster, wie er leibt und lebt. Ein wundervolles, charismatisches Interview. Ja, schön, dass die Leute, dass es den Leuten gefällt, wenn gestichelt werden kann.
Und dass Gideon das jetzt auch nochmal anheizt, nach dem, was Teddster mir während der Season um die Ohren gehauen hat, da muss ich nochmal mit der Projektleitung reden, ob das so vernünftig ist. Ja, also, ne? Er hat auf jeden Fall delivered und ich meine, er hat doch alles hier schön mit Fakten und hinterlegt. Also ich weiß gar nicht, was du hast. Ja, natürlich. Hat natürlich kurz unter den Teppich gekehrt, dass von den Lawlight Cups hier die Orks die ganze Zeit gewinnen und dass die auch alle Qualifier gewonnen haben und jetzt hier und so weiter und so fort. Schauen wir mal. Aber was jetzt wichtig ist, ist unser zweites Winner Bracket Halbfinale. Und wer trifft heute Abend noch auf Franzyzz und wer darf morgen gegen Toxi antreten? Teddster hat auf jeden Fall eine Herkulesaufgabe vor sich, aber er wäre nicht auf den Finals, wenn er ein schlechter Spieler wäre. Und Anxiety, ich denke, du bist an meiner Seite und kannst jetzt endlich über die Humans reden. Ich wollte nochmal betonen, wie groß Teddsters Teppich sein muss. Was der schon alles drunter gekehrt hat, das will man eigentlich gar nicht wissen. Gefällt mir. Ja, also der hat da schon eine sehr eingeschränkte Sichtweise, aber er hat auch mit dem, was er sagt, nicht unbedingt Unrecht. Ja, wir werden sehen, wie das jetzt hier laufen wird. Es gibt auf jeden Fall schon ein bisschen Trash-Talk. Und er möchte hier Leon vielleicht ablenken im Early Game. Vielleicht fehlt dann ein Shift-Click vom Worker und es wird eine kleine Sekunde rausgeholt, wo kein Holz gehackt wird. Vielleicht vergisst er die Lumbermill oder das Lumber-Upgrade. Aber gespannt sind wir wahrscheinlich alle, wie Leon jetzt das Opening spielt. 2 Farm, 3 Farm Tech, Greedy Creep, nein, kein Greedy Creep. Bei Teddster sehen wir Farseer und Headhunter. So ist es, das war zu erwarten. Leon mit neuem Account übrigens, Leon der 14. nach der Papstwahl, du Hafensänger, direkt einen neuen Account gemacht und dann, wenn es dann zum Matchup kommen sollte, Leon gegen Franzyzz, dann haben wir quasi das Weltliche gegen das Geistige, der Kaiser gegen den Papst. Wow, das ist eine tolle Überleitung, die ich leider nicht gut nutzen kann. Aber ja, ich würde sagen, Grüße aus Rom. Ich weiß nicht, ob Leon da schon ein Care-Paket erhalten hat. Hat auf jeden Fall Bock jetzt hier zu creepen. Und anhand der Altarposition hätten wir das auch erraten können, dass er jetzt eher 2 Farm-Tech spielt. Und er möchte sich jetzt ein Item schnappen und dann Evasion Creeping machen und möglichst wenig Schaden in der Base nehmen. Okay, mal schauen, wie gut Leons Start hier in die Playoffs sind. Er hat es oft gesagt, ja, der erste Spieltag, das gegen Franzyzz, dass ich jetzt hier eine Series verloren habe. Gut, das ist abgehakt, jetzt zielt's richtig. Er hat auch ein paar Ansagen Richtung Franzyzz gemacht, also Leon auf jeden Fall heiß. Der war heute schon in der Ladder um 9 Uhr morgens. Das sind für mich ja komplett unchristliche Zeiten, gerade am Wochenende, aber es sind Finals, da macht man sowas gerne mal. Es sind unchristliche Zeiten für dich, aber Leon, der 14., der geht morgens in die Ladder. Er ist halt Christ. So, da wurde die Messe gelesen um 9:30 Uhr. Ja, wer weiß. Vielleicht wird heute noch eine zweite Messe gelesen. Vielleicht gibt es heute auch keine Ausgaben für die Gemeinde mehr. Dann sehen, absolut nichts geschenkt gibt es gerade für Teddster. Der hat aber schon XP gesammelt. So ist es. Zieht jetzt ein paar Feuerbälle auf dem Farseer. Die Headhunter kommen dazu. Da natürlich die große Änderung, dass Defend ein bisschen schwächer ist. Ziemlich, also schon eine Ecke schwächer. Dafür früher available. Mal schauen, ob Leon darauf zurückgreift oder ob es ja um die Rifles geht. Ich habe zumindest in den asiatischen Bereichen kaum noch Rifle-Pushes gesehen. Leon davon, ob trotz der Zeit auf der KK-Plattform, unbeeindruckt, Rifle-Caster-Push. Ja, was wir auch sehen, das Inventar, er hat da ein paar Reliquien. Ich weiß nicht, aus welchem heiligen Ort er die entwendet hat. Auf jeden Fall hat er ein richtig gutes Inventar und er kann jetzt den Farseer auch jagen, hat Boots gekauft. Ich denke, der Farseer wird down gehen gleich im Laufe des Games, weil er nicht weglaufen kann. Er muss TPen, hat noch keinen Shop in der Base ready und jetzt kann Leon einfach hinlaufen und ihn killen. Bittere Kiste für Teddster. Das ist natürlich so als unerfahrenerer Spieler. Okay. Hat er gerochen, dass der Archmage hier kommt und bevor sich der Archmage die Erfahrung schnappt, dann hole ich es mir doch lieber selber. Beziehungsweise deny dem Ganzen das. Das dauert natürlich auch nicht lange, bis der Farseer wieder da ist. Und T2 haben wir auch noch nicht da. Also Glück im Unglück. Ja, Leon hat im Moment keine Möglichkeit, Level 3 zu creepen. Schätze ich mal. Einfach weil die Creep-Spots jetzt weg sind. Wird er vielleicht versuchen, den orangenen Spot, das Item zu klauen? Oder geht er weiter in die Base? Er wird versuchen, das Item zu klauen. Interessant. Wenn das eine große Mana ist. Oder eine Scroll of the Beast. Das ist alles so...
Das sind auf jeden Fall Items, die hier den Sack zumachen können. Tech von Leon ist durch. Dann warten wir gleich mal auf den Second Hero, was das denn da sein wird. King. Mountain King, na klar. Kann nur Mountain King werden. Ja. Und Scroll of the Beast. Alter. Okay. Teddster, jetzt bin ich gespannt, ob er weiterhin mit Standard antwortet oder ob es irgendwelche wilden Experimente gibt, wie die angesprochenen Witch-Doktoren. Oh, Long Range Deny. Da ist das Luck nicht auf Teddys Seite mit den Rolls. Und wir sehen, Arcane Sanctum, 2 Worker, erster Rifleman am Start, Mountain King kommt. Und es ist noch kein TC in der Pipeline, der Burrow wird jetzt erst fertig. Das ist natürlich auch ein bisschen spät. Natürlich Kosten für den Farseer Revive, die man so nicht unbedingt eingeplant hat. Dafür ist der Creep Speed gut. Leon lässt ihn jetzt auch ein bisschen in Ruhe. 6 Headhunter. Level 3 natürlich ideal für den Farseer. Leon auch ein bisschen angeschlagen, gerade was die Footmen angeht, aber die will man eh rausrotieren zu dieser Zeit. Caster kommen dazu. Zu den Rifles gehören ja irgendwie immer auch Priests. Und was ist ein Papst ohne seine Priester? Ja, und was ist ein Farseer ohne seinen Schattenjäger? Ja, eigentlich die Norm in diesem Matchup. Ja, ich Teddster auch jemand, der super gerne diese Variante spielt mit dem T3-Tech und ohne Dispel. Und das bedeutet, dass Leon jetzt hier Druck machen kann. Oh, der ist tot, oder? Oh, Long Range. Level up! Kriegt er den Stormbolt raus? Kriegt er nicht? Teddster mit der riesen Evakuierung, dass er da sein First Hero nicht gefallen hat. Da kann er aber mal 3 Kreuze machen. Ja, wegen dem Level-Up gibt er nicht den Level-Up. Stark. Einfach stark. Dafür bist du hier. Und jetzt die Boots und der Mountain King. Jetzt will Teddster wahrscheinlich rüberlaufen und Rifleman snipen und das Creepen verhindern, weil er gerade nicht so viel machen kann. Das ist die Stärke vom Shadowhunter mit dem Hex direkt auf Level 1. Sehr stark. Und er misspredicted, wo Leon creept. Das ist ärgerlich, wenn er da zum Lab gegangen wäre. Aber ja, kriegt er den noch? Aber die Creeps sollten weg sein. Na, sind noch da. Mountain King aber angeschlagen. Book of the Dead. Farseer, aber wieder mit dem Hammer an den Kopf und diesmal fällt er. Es hat 2 Anläufe gebraucht, aber der zweite Hero-Kill von Meister Leon. Jetzt hat er zwar die Skelette, aber mal gucken. Der Shadowhunter kann jetzt natürlich fleißig Erfahrung sammeln. Ja, der freut sich über die Solo-XP, aber der ist kein Demon Hunter, wie wir wissen. Und Leon Mike holt den Priest hier sehr gut raus. Adept ist in Arbeit, das heißt, er wird nicht mehr lange mit dem Buch hier viel Damage machen können. Aber er kann durch Hex jetzt wieder einen Rifleman rausnehmen und vielleicht auch gleich den zweiten oder den Mountain King sogar. Okay, da will er drin bleiben. Ein bisschen Mana fehlt noch. 5 Mana bis zum Stormbolt. Shadowhunter, dem geht's auch gar nicht so gut, aber der ist flink mit seinen froschähnlichen Füßen unterwegs. Brenzlige Situation. Diesmal kleine Änderung. Wir haben am Anfang gesagt, den Farseer jetzt wieder zu beleben, dauert nicht so lange, ist alles kein großes Problem. Jetzt allerdings Level 3, das ist eine gute Minute. Ohne Wölfe, ohne Farseer. Aber die muss er eh noch überbrücken. Tier 3, jetzt ist... Ja, und er wird jetzt 2-mal schon Gold ausgegeben haben für den Farseer Revive. Was ihn natürlich zurückwirft. Gerade mit einer Greedy-Strategie, wenn man sehr schnell tacken möchte, ist jedes Goldstück wert, korrekt investiert zu werden. Und das steht natürlich nicht in der Strategieliste, dass der Farseer 2-mal den Altar blockieren muss. Er kriegt jetzt trotzdem den Shadowhunter auf Level 2. Mal gucken, was er für ein Item bekommt. Aber wir sehen, der Mountain King ist schon Level 3 und hat einen Mana-Abziehstab. Mana-Abziehstab immer gerne gesehen in diesem Matchup. Zum Shop geht's auch. Da Invo Potion und Heal Scrolls gerne gesehen. Was wird jetzt mit Tier 3 angefangen? Bisher nur Headhunter. Keine Experimente, keine Tauren, keine Schamanen, kein Bloodlust, kein Tier 3 Hero. Aber das kann ja alles noch kommen, wenn da mal ein bisschen Asche auf der Tasche ist. Dafür gibt es Upgrades. Viele, viele Upgrades für die Berserker. Während der eine nur auf Rifle geht, geht der andere nur auf Headhunter. Und Leon war, glaube ich, so ein bisschen neidisch auf den Tier 3 Tech von Teddster und legt da jetzt nach. Ja, kann er auch machen. Er weiß, er hat den Farseer gekillt. Er weiß, der Farseer wurde im Early Game denied. Und das rechtfertigt schon den Tier 3 Tech. Er hätte wahrscheinlich auch einen Push spielen können mit 2:0 Rifleman und 56 Supply. Das hätte wahrscheinlich auch das Spiel beendet, aber das ist jetzt eher die langfristige Variante. Und er sieht jetzt, dass der Shadowhunter noch nicht Level 3 ist und er kann mit dem Mountain King jetzt wahrscheinlich einige Sachen hier rauspicken.
Alrighty, da haben wir den ersten Headhunter-Kill. Mountain King mit Clap haut richtig rein, gerade wenn da keine Heal-Scroll am Start ist. Dafür haben wir Heal-Wave, aber leider nur auf Level 1. Teddster lässt federn und Leon holt sich das Ding. Schnelles, sauberes 1-0 für den Meister. Ja, grundsolide gespielt, da kann man nicht meckern. Also Teddster auch ein bisschen sloppy die Helden verloren, leider. Bisschen greedy gecreept und Leon hatte ja das Glück des Tüchtigen, des Gesegneten vielleicht und hat dann die richtigen Items gefunden, um hier Druck zu machen. Und hat das dann in einem Hero-Kill konvertiert. Das hat auf jeden Fall gut wehgetan, aber Leon, er ist natürlich der große Favorit in diesem Match und hat auch ziemlich genau so gespielt, oder Fischi? Ja, absolut. Sehr souveränes Auftreten hier von Leon, wie gesagt. Teddy hat da, glaube ich, eher ein bisschen Nerven gezeigt. Man hat es am Schluss gesehen bei dem Creep-Jack. Ist nie gut, mit dem Force hier volle Kanne reinzulaufen. Besonders wenn man gegen den Mountain King spielt. Der hatte dann natürlich dann seine große Freude dran. Und ja, Anxiety hat so schön gesagt, wenn du greedy spielst und schnell auf Tier 3 tacken willst, dann ist ja jede Ressource wichtig. Und dann die Hero Revives mit einzuplanen, das wirft dich halt einfach stark zurück und ja, Leon hat dann seinen Zeitpunkt gefunden, an dem er angreifen muss und den hat er genutzt und dann den Sack einfach zugemacht. Deswegen starke Leistung von Leon, geht hier souverän 1-0 in Führung und ja, muss Teddy noch eine ordentliche Schippe drauflegen. Das sehe ich doch ähnlich. Hast du, also du hast gesagt, es gibt nichts zu meckern, Anxiety, aber du bist natürlich da immer mit der Lupe am Suchen. Toxi sagte im Chat auch, super sauber gespielt. Gibt es irgendwas, was du auszusetzen hast? Irgendwas zu meckern? Nee, er hat alle Fehler, die gemacht wurden, bestraft und zwar sehr teuer mit der maximalen Ausbeute. Und ja, ich glaube, man kann sich jetzt streiten, ob man Tier 3 taggt oder ob man das Spiel einfach zumacht auf Tier 2 mit 2-0 Rifleman Push. Aber Tier 3 ist wahrscheinlich die sichere Variante für Inner Fire. Gerade gegen eine Strategie, die super viel auf den Damage der Headhunter aufbaut. Und Inner Fire dagegen natürlich sehr gut, weil es noch Armor gibt für alle Units, die damit gesegnet werden. Und ja, ich glaube, das hätte Leon langfristig einfach nach Hause gefahren. Mit seiner Erfahrung, hat es erwähnt, er punisht jeden Fehler, den er sieht, weil er eben in der Korea-Ladder auch super gefordert wird. Und das ist dann genau eingetreten hier. Alright, Freunde. Dann wünsche ich euch viel Spaß bei Map Nummer 2. Ich glaube, für Teddster heißt es jetzt Mund abputzen und nochmal von vorne starten. Das war kein glorreicher Start, aber vielleicht waren es auch ein bisschen die Nerven. Mal schauen, wohin die Reise jetzt geht, ob es da strategische Variationen gibt und was Fischi als Coach zu Teddster zu sagen hätte. Das werden euch die beiden jetzt selbst erzählen. Viel Spaß! Herzlichsten Dank. Ja, Map Nummer 2 ist gestartet. Springtime ist es. Der erste Losers-Pick von Teddy. Und ja, Anxiety, was sagst du als Human-Spieler zu der Map? Springtime, eine Map, auf der schwierig ist, als Human Level 3 zu creepen. Ich denke deshalb auch die Losers Choice von Teddster. Und was wir hier interessanterweise sehen, ist kein Headhunter-Opening, sondern wahrscheinlich einen schnellen Grunt, damit er mehr Damage beim Creepen von Leon machen kann. Und ich bin gespannt, ob Leon jetzt hier einen 3-Farm-Tag oder sowas spielt. Oder vielleicht sogar eine Fast-Exe, wenn er ein 1-0 im Rücken hat. Ja, wir werden es sehen. First Hero technisch wird es keine großen Überraschungen geben bei Leon. Da werden wir den Archmage sehen. Der geht in dieser Sekunde auch in Produktion. Auf Seiten von Teddy wie auf Map Nummer 1 sehen wir hier den Farseer. Und ja, wie du es angesprochen hast, Grunts into Headhunter, wie man so schön sagt. Also die Wormel wird jetzt ebenfalls gerade hochgezogen. Interessant auf dieser Map natürlich der kleine grüne Spot hier an der mittleren Goldmine. Da wird sich häufig und viel drum gebettelt. Und ja, Leon, soweit. Ersten Footies. Archmage. Wo wird er hingehen zu creepen? Wird sich wahrscheinlich das grüne Camp direkt von seiner Basis holen. Genau, da gibt es ein ordentliches Item. Im Best Case wahrscheinlich Claws. Und ja, kurze Zeit für die Militia. Und dadurch hat er natürlich dann auch den Vorteil, dass die schnell wieder am Holz zurück sind und das Holz hacken können. Und er spielt wieder 2 Farm. Das heißt, es gibt ein sehr ähnliches Game zu vorhin.
Ja, gucken wir mal, wie sich Teddy dann darauf einstellen kann. Ja, wie angesprochen, der Creep wird jetzt gerade gestartet. Es geht erstmal auf das Mammut. Das wird hier aus dem Spiel genommen. Gloves of Haste. Kein schlechtes Item für den Arc-Badge, würde ich sagen. Und ja, für den Orc. Da geht es an den angesprochenen grünen Spot hier an der Goldmine. Fassi läuft gleich mal weiter. Könnt ihr in den Surround laufen? Oh. Junge, da hat er sich aber gerade noch mal so rausschlängeln können. Also Teddy, der muss hier ein bisschen auf seinen First Hero aufpassen. Der ist mir ein Ticken zu offensiv in diesen Matches. Ja, aber Teddster creept hier parallel einfach den mittleren Spot, schnappt sich das Item, dadurch Leon erstmal kein Level 2, könnte Level 2 noch mit einem Proxy Militia Creep über seiner Base erreichen, würde aber Holz dafür aufopfern müssen. A player's forces are under attack. Ja, mal gucken, ob er das tun wird. Sein Tier 2 Tag ist jetzt schon am Laufen, der von Teddy ebenfalls. Jetzt kommen die Footies mit in den Fight, versuchen natürlich hier sofort Druck auszuüben auf die Headhunter, damit die hier ein paar Hitpoints liegen lassen. Ja, relativ viel Geplänkel und es wäre jetzt eigentlich tatsächlich eine gute Zeit, da die Militia hochzuziehen, aber macht er momentan noch nicht. Jetzt gibt es erstmal die Blacksmith hier auf Seiten von Leon. Die Wölfe, die hauen noch ein bisschen auf den Archmage ein und soweit weitere Headhunter für Teddy und kein Creeping erstmal. Ja, ich glaube, er creept auch nicht. Ah doch, jetzt kommen die Militia. Ich wollte gerade sagen, dass er nicht creept, weil er halt auch keinen Arcane Tower hat und dadurch sehr verwundbar durch Wolf Harris wäre. Aber er entscheidet sich jetzt trotzdem zu creepen, kriegt dann gleich Level 2, kauft sich wieder Boots und ein Circlet und wird, denke ich, wieder, ja, Headhunter snipen wollen. Holt sich jetzt sogar eine Dust of Appearance. Okay, also hat hier den Cloak of Shadows gesehen und denkt sich, ne Junge, auf diese Späße lasse ich mich nicht ein, dass du hier in Shadow mal gehst. Jetzt sehen wir Teddy. Oh, mit dem richtigen Read. Der findet hier die Militia. Den einen, den kann er sich auf jeden Fall holen. Mal gucken, wie es mit dem Item aussieht. Das versucht Leon natürlich zu verteidigen. Oh, macht er stark hier mit seinen Militias. Macht den Weg zu. Da kommt der Orc-Spieler nicht zum Item. Level 2 Arc, das nächste Watermetal Fast hier nicht in einer guten Position. Der wird sich TPen müssen wahrscheinlich. Ne, 21 kommt tatsächlich nochmal weg. Er kann aber rennen. Item geht's an. Ja, hat er gesehen, dass er da gecloakt ist? Ich glaube nicht, ne? Ne, hat er nicht. Ne, hat er nicht. Wow. Teddster mit den Balls of Steel hier. Aber er könnte... Oh. RIP. Oh, TP. gerade nochmal TP. Ja. Aber das ist auch sehr ärgerlich für Teddster jetzt, dass er wieder das TP verliert so früh im Spiel. Das schränkt ihn natürlich dann später ein bisschen ein. Gerade gegen MK kann es dann wieder zu Surrounds kommen. Und die sind dann nicht so leicht zu durchbrechen. Definitiv nicht. Und wir haben natürlich jetzt auch noch den Archmage mit dem Boots of Speed, der gleich hinterhergelaufen ist. Der hat den Fars hier gesucht, aber ihn nicht gefunden. Dachte, der steht hinten in der Mainbase drin, um das Healing abzubrechen. Das hat nicht geklappt. Fars hier geht jetzt auch erstmal in den Shadowmeld und Teddy, ja, Level 2 hat er bekommen. Konnte, glaube ich, noch einen Footman killen, wenn ich das aus dem Augenwinkel richtig gesehen habe. Und jetzt kommt es zum nächsten Aufeinandertreffen vielleicht. Ne, Archmage, der zieht sich erstmal nach rechts oben zurück. Tier 2 Tag ist durch. Der angesprochene Mountain King ist in Produktion. Wir sind das erste Arcane Sanctum. Riflemen sind in Produktion. 30 gegen 29 Supply. Und jetzt ein schöner Surround hier von Teddy auf den ersten. Sehr wichtig. Und das ist genau das Gegenteil zum ersten Game. Er kriegt jetzt hier wirklich viele Picks im Early Game. Hat zwar das TP reingetradet, Archmage ist aber low HP und hat selbst keinen Shop. Der muss auf Priests zurückgreifen und die sind noch ein bisschen verhindert. Und ja, kann jetzt wahrscheinlich mit dem Fast hier und den Hatter noch gut creepen. Second Hero ist noch nicht im Bau, aber er geht wieder T3. Also ähnliche Strategie, nur ohne die ganzen Gold-Einbußen. Player's forces are under attack. Ja, Teddy hat sich jetzt hier auch zurückgezogen, weil er wahrscheinlich gedacht hat, dass der Mountain King jetzt gleich reinkommen wird. Und der kommt auch rein, zusammen mit den Militias. Da ist natürlich jetzt die Frage, wie viele Units geht drauf? Erster Stormbolt wird gesetzt. Archmage ist hier sehr angeschlagen. Der ist natürlich verlockend, aber das ist eine furchtbare Position hier für die Headhunter. Die müssen einen ganz langen Weg hier rechts rumgehen. Da ist der Stormbolt, der Archmage auch nochmal mit dem Boots of Speed natürlich super flink unterwegs. Wird sich hier wahrscheinlich noch einen zweiten sichern können. Ne, den kann er sich nicht holen, aber stark gemacht ist hier von Leon. Also ist er reingelaufen, eigentlich nur mit 2 Helden, ein Rifleman und ein paar Militia und hat dann einen echt starken Fight hingelegt. Das war vor allem ein Monster-Read von Leon. Also er hat ja predicted, dass er da einen Fight haben wird und dass er eventuell einen Creep-Check bekommt. Und das ist auch so eingetreten. Also das war wirklich ideal. Und das ist auch das, was man machen möchte. Wenn der Mountain King rauskommt und jemand so greedy spielt wie Teddster, dann kann man natürlich mit dem
schnelleren Tech auch den Mountain King direkt einsetzen, um Units zu snipen, weil auch der sehr gut auf Level 1 funktioniert mit dem Stormbolt. Und Teddster entscheidet sich jetzt, keinen Orc-Helden zu nehmen als Second Hero, sondern den Panda. So ist es. Pandaren Brewmaster als Second Hero. Sehen jetzt auch schon das erste Item für den Panda. Der kriegt eine große Healing Potion. Das ist natürlich schick. Steht da meistens vorne drin, kriegt viel ab. Dementsprechend kommt so eine Potion immer ganz gut. Erreicht natürlich jetzt auch Level 2 hier an diesem Camp. Das heißt, wir haben auch die Drunken Haze Kombi mit am Start. Jetzt sehen wir hier eine Mountain King Illusion, die hier kurz angegangen wird. Jetzt sollte aber sehen, Teddy, dass das nicht der echte ist. Verliert ein bisschen zu schnell die Hitpoints. Killt die Illo trotzdem. Währenddessen der Human-Spieler weiter am Creepen. Geht an dieses Furbolg Camp vor seiner Basis. Das durch das Healing natürlich ein bisschen nervig ist zu creepen. Aber er kriegt jetzt, findet Scourge Bone Chimes. Kein gutes Item jetzt für Leon. Ja, kann er verkaufen. Je nachdem, wie er gleich spielen wird. Ich denke nicht, dass es Tier 3 gibt, weil er halt wirklich auch Lumber-Probleme hat zurzeit. Meine Wette wäre jetzt hier, dass er mit einem 60 Supply-Push, 2:0 Rifleman und Level 3-3 gleich hier den Sack zumachen möchte. Er hat, glaube ich, auch noch nicht gescoutet, dass dass Teddster Tier 3 gegangen ist. Aber ja, vielleicht aufgrund der fehlenden Tier 2 Units kann er davon auch ausgehen. Ja, den Reeds sollte er, denke ich, auf jeden Fall haben. Panda wird jetzt hier gleich Level 3 erreichen. Am Merc Camp, Farsi kommt ebenfalls mit dazu. Da wird schön noch ein bisschen die Experience-Punkte verteilt, damit es auch reicht für das Double Level Up. Und diesen Anblick kriegen wir es auch schon. Wir sehen jetzt auch den Third Hero, den Shadow Hunter auf Seiten von Teddster. Er ist auf 41 Supply. Next Okboro lässt noch ein bisschen auf sich warten, ist aber gleich durch. Und ja, du hast es angesprochen, der Push, der könnte tatsächlich kommen. Wir sehen das erste Upgrade für die Rifleman. Wir kriegen jetzt auch die ersten Sorgs, also 3 Priests sind es, dann für Rifleman. Und jetzt werden nochmal für ein bisschen Slow gleich gesorgt werden. Und Teddy, der wagt sich jetzt hier ans Red Camp. Und das sieht mir so aus, als wüsste Leon, dass genau das gerade passiert. Boah, Item. Cutgas Pipe. Und er findet hier den MK. Hex. Hex kommt. Er ist natürlich super super raus. Er kann ausgestattet. fight. Er hat kein TP. Oh nein, Teddy jetzt hier im Sandwich. Der Fokusfire. Tot. Kann er die Potion noch übergeben? Nee, kann er nicht. Oh, weia. Das ist ein Und noch ein Clap. totaler Creep-Check, den wir jetzt hier gerade sehen. Ja, er versucht jetzt hier nochmal auf den Mountain King. Dispel. Der wurde gehext, gedispelt. Oh, der verliert hier alles. 35 gegen 48 Supply. Stormbolt wird nochmal geschmissen, nicht auf den Grunt. Der ist eh geslowt, den kriegt er sowieso. Und da ist GG. wieder das GG von Teddster. Ja, der Papst liefert. Papst liefert. Wahnsinn. Eieieiei. Wieder das Also frühe wirklich TP. wieder solide runtergespielt. Krass. Ja, wieder das frühe TP geforst, auch wenn da im Early Game einiges ein bisschen besser gelaufen ist. Ich glaube, die große Krux in dieser Geschichte war, Teddy war eigentlich ready. Der hatte so ein geiles Early Game. Er hat natürlich da seinen TP verloren, aber ist okay. Er hat ein paar Kills gekriegt. Und dann steht er an der Taverne und ich gucke so, irgendwas ist hier falsch. 31 aus 31. Mhm. Da ist in der Produktion jetzt gerade kein Burrow. Und dann hatte er kein Supply, um sich den Panda zu holen und dann halt das Momentum aufrechtzuerhalten. Und dann ist das Game so ein bisschen aus den Fugen geraten hier. Es sind so kleine Sachen, wie ein verdammtes Burrow, was einem so ein bisschen in die Finals verhageln kann. Da könnte man sich gerade in die Erde burrowen. Vor lauter Charme. Aber gut analysiert. Das haben wir gar nicht mitbekommen. Dafür bin ich da, für die tiefgreifende Analyse. Das wisst ihr ja natürlich, dass ich hier für das Game, für das Knowledge, fürs Entertainment seid ihr da, aber für Ingame. Natürlich. Du bist fürs Knowledge, wir fürs gute Aussehen und Unterhaltung. So ist es. Ja, Leon kann das alles auch sehr gut. Warcraft spielen kann er auch noch und das ist kein guter Start für Teddster. Der hat sich das wahrscheinlich ein bisschen so ausgerechnet, aber da ist so viel mehr drin. Er hat ja geile Moves und er hat auch geile Last-Hits und ein schönes Micro, aber dann so einen kleinen Bock immer mal wieder dazwischen. Hoffentlich kann er das jetzt abstellen. Natürlich ist es jetzt eine schwierige Situation. 2-0 hinten gegen den Meister, das wird haarig. Aber gut, vielleicht ein bisschen Momentum für morgen sammeln. Da sind auf jeden Fall gute Ansätze. Wird wahrscheinlich das Lower Bracket schon vor sich sehen, aber wir haben schon wilde Sachen gesehen
in diesen Finals. Und was wir übrigens auch sehen, ist ein kleines Gewinnspiel von unseren Freunden, den Koalas. Die sind schon die ganze Season mit uns hier mit am Start. Hier zu den Finals gibt es ein Gewinnspiel und zwar jeden Tag 1. Ihr könnt gewinnen einen Jahresvorrat Koala-Kekse und 2 nette Care-Pakete. Während des Broadcasts werden hier immer mal wieder so kleine Koala links, rechts, oben, unten auftauchen. Die solltet ihr zählen. Und am Ende des Broadcasts werde ich mal überprüfen, wer seine Hausaufgaben gemacht hat und eine Strichliste geführt hat. Wir haben nämlich während dieser Season viel über Strichlisten geredet. Jetzt braucht ihr welche zu Hause. Also dicken Dank an Kuchenmeister und die Koalas, nicht nur für den Season-Support, sondern auch den Finals-Support. Ich würde gerne wissen, was als Jahresvorrat gilt. Das ist natürlich auch personenabhängig, aber das müsst ihr dann mit den Freunden aushandeln. Ich freue mich drauf und ich bin gespannt, wer hier am fleißigsten die Striche setzt. Jetzt bin ich am gespanntesten, wer die schönen Surrounds setzt und die Traps und die Stormbolts und die Hexes und ob sich hier Teddster nochmal zurückfighten kann. Es ist wieder mal seine Losers-Map. Es ist diesmal eine der neuen Maps und das erste Mal auf den Finals, dass wir sie sehen. Fishy, Oldschool, Secret Valley. Oder auch nicht. Weiß nicht. Dachte, ich mache mal eine Übergabe. Ja, was denn? Ja, entschuldige. Ja. Oldschool Secret Valley. Ja, ist doch okay. Ja, denke ich auch. Ja, Oldschool Secret Valley. Ja, entschuldige, ich musste gerade noch in die Koala-Tüte greifen. Ne? Wenn du die ganze Zeit davon redest, muss ich auch reingreifen. Ja, Oldschool Secret Valley ist es. Und ja, Oldschool-Matchup, Human gegen Orc, wenn man so an die alten Warcraft-Teile denkt. Das älteste Matchup, denn da gab es ja nur Humans und Orcs. Unterschiede auf Seiten von Teddy bei der Hero-Wahl sehen wir nicht. Es gibt da den Farseer. Auf Seiten von Leon natürlich wieder den Archmage. So ist es. Bei Teddster allerdings ein bisschen eine andere Bildorder, wenn ich das als Nicht-Orc richtig sehe. Kein Grunt-Headhunter, sondern weiter direkt Headhunter. Und auf Leons Seite müssen wir natürlich die Farms zählen. Damit setze ich schon mal meine Strichliste hier korrekt. Es geht nach links, es geht zum Gnoll. Das ist ein bisschen schwierig, aber für einen Human mit Militia ist natürlich nichts schwierig. Und wenn man hier als zweifacher deutscher Meister auf die Finals kommt, dann sollte das natürlich ein Klack sein. Problematisch wird es erst, wenn Teddster dazu stößt. Das gilt auch im echten Leben so. Und mal gucken, wie viele Steals er jetzt hier holen kann. Ja, ich glaube, da wird er tatsächlich gar nichts bekommen, weil dieses Creep-Camp war quasi fast perfekt gecreept. Also wenn man uns mal anguckt, wie viele Hitpoints hier verloren wurden auf den Units, dann ist es echt überschaubar. Es gab ein paar Hits auf den Footy, ein paar mehr Hits auf das Militia, denn der Rest hat das Watermantle getankt, so wie es sein soll. Und ja, Leon creept erstmal weiter, kriegt sofort das Level 2 und ja, Teddy versucht jetzt hier natürlich irgendwie Stress zu schieben, aber muss natürlich auch aufpassen, dass sein First Hero nicht zu Beginn gleich sehr viele Hitpoints verliert. Aktuell ist er runter auf 320 und ja, das Harassment ist beendet, bevor es angefangen hat. So sieht's aus. Bisschen ärgerlich wieder für Teddster. Nicht so viel gemacht, aber immerhin hat er das TP noch. Von daher so ein halber Win ist hier schon am Start. Und dann wollen wir mal gucken, ob es diesmal ein bisschen mehr Stabilität gibt und dann ein spektakuläres Late-Game. Er kriegt einen Footy. Das war nett gemacht. Und natürlich ist es so Wegwerfware von Leon. Weißt du, das macht er einfach so mit Leuten. Er baut die Footman, dann benutzt er die 2 Minuten und dann lässt er sie links liegen, geht nicht mehr ins Telefon, kommt nicht zu den Turnieren, zu denen er eingeladen ist. So ist er, der Leon. So ist er. Und bisher bringt ihn das aber Erfolg. Also vielleicht ist das ja genau sein Geheimnis. Wir werden es sehen. Der eine Footy, der setzt sich jetzt hier erstmal in die Creeps, damit die Experience-Punkte nicht mehr an den Farseer gehen. Und wenn wir schon vom Farseer sind, der hat hier ordentlich was einstecken müssen. Kriegt jetzt auch noch weitere Hits ab. Der wird doch nicht schon wieder sein TP gleich einsetzen müssen. Ja, bei Level 1 Helden wird er wahrscheinlich draufgehen lassen. Oh weia. Die Volo-Launch wird nicht rechtzeitig fertig. Der Archmage läuft rein. Der kriegt natürlich auch einiges an Hits ab. Der Farseer, der wird draufgehen. Oder nicht? Nee, er TP't sich. Schon wieder frühes TP hier auf Seiten von Teddy. Oh, TP't sich direkt nebenan. Das Watermantle ist noch da, aber geht drauf. Und jetzt muss Leon ebenfalls das TP ziehen. Also Town Portals getradet. Und das war schön gemicrot hier von Teddy. Jo, Gleiches mit Gleichem vergelten. Wenn ich kein TP habe, dann sollst du auch kein TP haben. Und diesmal ist der Shop am Start. Und es wird direkt hochgeheilt. Das gilt für Leon mal wieder nicht. Und er hat sich eingebaut.
in die Human Base rein. Oh. Nee, doch nicht. Oh. Das sah nicht so ganz danach aus, als wäre da eine Lücke für ein Pferd und einen alten Mann. Aber doch noch irgendwie durchgequetscht, die alte Rosinante. Jo, kommt er gerade nochmal so raus. Hier an der linken Seite. Mountain King. Er wird jetzt dann gleich als Second Hero mit von der Partie sein. Wir kriegen wieder das Arcane Sanctum. Also Business as usual, könnte man fast sagen. Und ja, haben wir jetzt auch schon wieder die Boots of Speed auf Seiten des Archmages. Also auch da wieder der Geschwindigkeitsvorteil. Teddy, schönes Item, das er gefunden hat. Hier mit der Potion of Greater Healing. Der creept gerade noch die Reste des Shops auf der rechten Seite. Verteilt ja auch nochmal ein bisschen Healing Self. Auf seiner Seite sehen wir momentan keinen Second Hero aus dem Altar. Da gibt es nämlich aus der Taverne die Dark Ranger. Nein. Guck an, guck an, guck an. Ist das der Pogi Tower Push? Das ist der Pogi Tower Push auf den Finals. Teddster, bist du wahnsinnig. Er holt die Peons. Pogi G ist Vater geworden. Ich hoffe, es war kein Tower. Oh, weil man wird sehen. Aber da könnte er jetzt tatsächlich vielleicht den richtigen Riecher haben, denn da ist momentan noch nicht so viel am Start. Leon hat natürlich die Militias, aber Militia lassen sich relativ schnell killen. Und mit einer Dark Ranger bedeutet das mehr Skeletal Warrior. Mal gucken. Wir haben auch noch kein Level 3 auf Seiten des Archmages und ja, jetzt brauchen wir natürlich den Snowball. Die Tower kommen hoch. Da wurde das Spike-Upgrade natürlich auch schon erforscht. Die Headhunter nicht perfekt positioniert. Jetzt ist es ein bisschen besser. Oh, Teddy kriegt ja echt einige Kills. Jade Lightning kommt rein und der hat natürlich noch die große Mana-Potion. Das heißt, er kann gleich noch mal ein bisschen mehr hinterher schmeißen. Mountain King muss das Ganze hier so ein bisschen carryen, habe ich den Eindruck. Da sind noch einige an Headhunter am Start. Bis wir sehen, ob tatsächlich nur einen Tower, der hier hochkommt. MK wird jetzt gefokust. Nächster Stormball. Dieser Human Second Hero ist halt einfach eine Maschine. Chain Lightning kommt jetzt hier nochmal reingehämmert. Nächster Rifleman geht drauf. Wieder ein Skeletal Warrior. Es kommen die nächsten Tower. 30 gegen 32 Supply hier. Level 3 jetzt auf Seiten des Farsiers. Das bedeutet, wir könnten die Level 2 Wölfe gleich sehen. Archmage wird gefokust. Mountain King ist low. Gewinnt hier Teddy mit dem Tower Push. Das kann doch nicht wahr sein. Da will er hier feines Warcraft spielen, weißt du, mit so Tier 3 und Headhuntern und was aber dann den Erfolg bringt, das ist der gute alte Pogi Tower Push mit dem Shoutout gleichzeitig. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie hier die Tower noch was machen können. Mountain King stark angeschlagen, drückt einfach drauf. Allerdings, ja, Mountain King geht down, da war nochmal ein Chain Lightning. Dem Archmage geht's auch nicht so gut. Franzyzz hat schon eine Map verloren. Passiert Leon jetzt hier das Gleiche? Oh, war ja 33 Supply auf Seiten von Teddy. Der hat momentan leider überhaupt kein Holz. Ja, warum auch? Er investiert jetzt auch gerade hier in die Tower. Hinten sind die Wölfe noch ein bisschen zugange. Die werden aber jetzt natürlich aus dem Spiel genommen. Archmage, der hat Level 3 erreicht. Der kommt hier nochmal reingelaufen. Wir haben eine Level 2 Dark Ranger, eine Level 3 Farseer. Und die Tower, die hauen jetzt hier ordentlich was raus. Der Mountain King, der wird aber bald wieder zurückkommen. Und Teddy muss halt aufpassen. Er darf nicht zu tief in die Human Base reinlaufen. Denn da könnte er sonst in Verlegenheit kommen, vor allen Dingen, wenn der Mountain King nochmal rauskommt. Leon, hinten, er sammelt seine Armee und jetzt kommt die Militia rein. Das ist, der Teddy muss da raus. Aber wie denn? Da steht ein Water Elemental davor, da kannst du nicht durchschwimmen. Der Farseer hat das nie gelernt. Mountain King ist back. Genau, jetzt hat direkt ein Stormbolt am Start. Die Dark Ranger. Vielleicht Life Drain sogar? Jo, hat Life Drain. Den Milizen geht gar nicht so gut. Leon hat noch genau 3 Worker, aber auf der anderen Seite haben wir auch nicht mehr so viel. Priests versuchen sich irgendwie gegenseitig zu heilen. Das ist natürlich nett. Ja, der hat kein TP. Wie soll er denn da raus? Oh, der kommt hier nicht mehr raus. Jetzt hat er sich hier wirklich in die allerletzte Ecke zurückgezogen und es wird mit Militia gefightet, aber die werden natürlich nach und nach hier zu Skeletal Warrior. Jetzt geht's auf die Dark Ranger, die wird ja wahrscheinlich das Zeitliche segnen. Jawohl, so sieht's aus. Der Mountain King, der ist surrounded von Wölfen, von Skeletten. Da wird ja alles draufgeschmissen, was irgendwie laufen, kämpfen, schlagen kann. Jetzt kommt der Stormbolt hier nochmal auf den Farseer. Alles ist angeschlagen. Der Archmage ist low, der Farseer ist ebenfalls gleich low. Mountain King geht drauf. Er soll's doch. Kriegt das hin? Es sind noch 14 Supply gegen 28. GG, well played. Leon verlässt das Game. Und Teddster lacht sich kaputt. Ich weiß es nicht. Er schmeißt sich einfach weg. Dann gibt's noch einen Schluck aus der Pulle. Ja, Pogi GG kann man sagen. Auch nach all den Jahren immer noch ein bewährtes Mittel. Das unter allen Strategien unter der Sonne. Ja, er kann es selbst nicht fassen. Er kann es nicht fassen und genauso geht's uns auch. Das unter allen Strategien unter der Sonne. Der Pogi Farseer Dark Ranger Tower Push klappt. Das kannst du auch keinem erzählen.
Ah, sehr gut. Ja, das sind dann auch die Geschichten, die so Final schreiben können, ne? Und auch Grüße an Jaws an der Stelle, der im Chat ist, mit dem schönen Kommentar. Wusste nicht, dass die ERS wieder angefangen hat. Ja, ne? Das war schon das war starkes Straight einfach. Weißt du, wenn man 2-0 hinten ist, dann muss auch mal Ackerplatz sein. Dann ist halt dritte Halbzeit. Gut, dann gibt's halt mal einen Pogi Tower Push. Und das auch mit Erfolg. Ja, Wahnsinn. Anxiety, du bist nicht so happy wie wir, habe ich das Gefühl. Ich habe auch schon dagegen verloren, ja. Und zwar gegen Pogi persönlich. Ja, es ist eine Ehre. Es ist eine Ehre. Ja, was kann man dagegen machen als Human? Ja, nicht MK haben, sondern Panda oder sowas. Irgendwas, was mehr Units liefert während des Pushes. Aber ich glaube, Panda insgesamt schon die bessere Wahl. Ja, und man muss es halt scouten. Ne? Secret Valley halt generell schwere Map wegen Level 3, dass es nicht gibt. Für den Archmage erst zwar irgendwie im Laufe des Games zwar Level 3 geworden, aber es hätte vorher sicher geholfen. Und ja, man muss es halt sehen. Und während der Org rüberläuft, könnte man halt die Peon snipen, die auf dem Weg sind. Das könnte funktionieren. Ansonsten, ja, einfach sehr geduldig bleiben und nur den Fight nehmen, wenn man muss. Ich denke, er hat einfach zu früh gefightet und der MK, der hat halt nicht viel gemacht, leider. Ich denke, er hätte mit ein bisschen mehr Geduld hätte er das noch gewinnen können, bevor er dann zu viel Schaden genommen hatte. Aber schwer zu sagen. Also Secret Valley ist, denke ich, eine schwere Map dagegen. Einfach weil du nicht Level 3 creepen kannst. Aber er hat, wenn man es anders sieht, mit der Strategie hat er eh nicht das Ziel, Level 3 zu creepen. Also ich denke, ja, einfach anderer Second Hero, wenn man es kommen sieht. Oh, weia. Natürlich genialer Schachzug. Nach zweimal Tier 3 dann einen heftigen Tier 2 Push anzusetzen. Leon sich vielleicht schon ein bisschen gemütlich gemacht. So, ja, das dauert jetzt noch 2,5 Minuten, bis er da mit seinen Berserkern ankommt. Aber falsch gedacht. So einfach ist Teddster nicht auszurechnen, auch wenn er da eine ganz alte Trickkiste greifen muss. Es war eine erfolgreiche Trickkiste. Manchmal sind die alten Tricks die besten. Und jetzt wollen wir mal sehen, was hier auf Leons erster Map so funktioniert. Es ist nicht mehr Secret Valley, es ist Tidehunters und das sollte wahrscheinlich einiges verändern. Ja, es wird Tide auf Tidehunters. Und auch das ist eine Map, wo man Pogi Tower Push spielen kann. Weil auch hier der Human irgendwie nicht so easy Level 3 creepen kann. Ich bin gespannt, ob Leon vielleicht jetzt einen Safe Call macht und einen 3-Farm-Tag mit einem Greedy Creep spielt. Und dadurch halt vielleicht Level 3 erzwingen will. Oder mehr Footies baut mit Defend, statt Rifleman mit 3 Footies und ohne Defend. Um sich einfach anzupassen. Aber wir sehen Teddster. Ich glaube, eben hat er auch kein Grand Opening auf Secret Valley. Der spielt jetzt wieder hier Grand Opening. Alright. Into Headhunter vermutlich. Ja, da würde ich auch von ausgehen. Wenn man so in Leons Playercam guckt, der Herr ist gar nicht so happy gerade mit dem Ausgang von Map 3. Hat sich natürlich gewünscht, auch als kleine Ansage Richtung Franzyzz vielleicht mit einem 3-0 ins Winner Bracket Finale einzuziehen. Das kann er sich erstmal abschminken. Aber ansonsten wird an den Grundfesten nichts großartig geändert. Wir sehen den Archmage. Ja, nicht, aber... Oh, ein Blade Master. Ja. Er hört auch einfach nicht auf, ne? Das sieht so genervt aus. Dieses, ja, jetzt, ja, er ist halt letzter. Ja, jetzt halt doch mal deinen Mund, mäßig. Auf nett, ja, aber. Leon reagiert mit Liebe. Ja, aber, also, es gibt ja noch die Playercam. Das zeigt es gibt den 3-Farm-Tag mit Arcane Tower. Also, Leon will jetzt hier auf Nummer sicher gehen, hat jetzt keinen Bock auf so einen Käse. Ja, das sollte auf jeden Fall auch sehr gut helfen. Gegen Summons natürlich, aber es gibt ja keine Summons. Also natürlich gibt es irgendwie Mirror-Images, es sind ja auch so mehr oder weniger Summons. Aber falls er jetzt hier mit einem Farseer gerechnet hat, hätte er den Arcane Tower wahrscheinlich gar nicht gebraucht. Ja. Ist halt verschwendetes Gold. Aber ja. Er hat halt auch keinen Scout-Footy geschickt, hätte er vielleicht machen können, um das zu sehen. Aber ich glaube, er hat auch einfach damit gerechnet, dass Teddster jetzt ein Farseer weiterspielt, weil Teddster ja auch dafür bekannt ist. Und, aber nee, Teddster hat Bock, hier Variabilität reinzubringen in sein Gameplay. Und kriegt jetzt einen Blade Master, findet aber kein für den Blade Master gutes Item.
Mental of Intelligence, wenn man Mirror Image spielt, vielleicht ein bisschen hilfreich, dass man mehr spammen kann, dass auch Clarities effizienter sind. Aber Leon jumpt direkt von einem Camp zum nächsten mit der Klaue, mit den Handschuhen. Das sieht wieder sehr, sehr gut aus. Und bisher auch noch kein Tech. Da hätte er jetzt wahrscheinlich die Ressourcen. Für eine Echse fehlen hier die Milizen. Von daher müssen wir da wohl nicht so wirklich von ausgehen. Teddster, sein Ziel ist natürlich Late Game, Level 4 und Beyond. Das ist so seine Comfort Zone. Und Leon wird versuchen, das Ganze so schnell wie möglich hier zum 3-1 zu bringen. Ja, hat auf jeden Fall tolle Items gefunden. Creept jetzt hier Level 3, parallel Creep mit Militia, den grünen Spot. Und das wird für Level 3 reichen. Und der Blade Master ist gerade erst Level 2 geworden. Creept jetzt parallel mit der Illusion oben und kauft sich Boots und ein Circlet vielleicht. Ich frage mich, ob jetzt der erste Moment ist, wo Leon den Blade Master sieht oder ob er das vorher schon gesehen hat. Ist der erste Moment. Okay. Hat sich das Circlet gekauft. Und, aber Level 3 Archmage ist super gut gegen Blade Master. Weil er die Burrows super gut unter Druck setzen kann und keine Wölfe auf dem Archmage hat für den Normal Damage. Das heißt, auch der Grunt ist sehr low. Ich glaube, er kann jetzt hier sehr viel Schaden anrichten. Das ist durchaus Leons Spezialität. Mit Boots, mit das. Den Grunt, wie hast du gesagt, geht's nicht so gut. Dem Blade Master auch nicht. Dafür gibt es aber Mirror Images. Es geht jetzt erst aufs Burrow. Da ist Teddster aber sehr flink mit dem Repair. Kein Defend. Ja, also Leon scheint hier jetzt nicht den Schaden machen zu können, den er machen wollte. Blade Master hat auch ungewollt seinen Healing abgebrochen, indem er Illusion gecastet hat. Und der Grunt regeneriert auch fleißig vor sich her. Das heißt, Leon ein bisschen sloppy hier auch in dem Spiel. Addet jetzt eine Blacksmith in der Base. Das heißt, er möchte wieder Rifleman spielen. Mögliche Variation wäre der Second Hero mit einem Paladin gegen den Damage vom Blade Master, dass man den im Prinzip damit negiert. Mal schauen, wie sich Leon entscheiden wird. Stark gereimt, Kollege. Er entscheidet sich auf jeden Fall erstmal, dass ein Game ohne viele Headhunter ein für ihn besseres Game ist und nimmt hier den ersten raus, nimmt vielleicht sogar nochmal den zweiten raus. Leon, ja, kommt da ran. Jetzt blocken sich die Headhunter so ein bisschen gegenseitig ärgerliche Situation, aber Teddster regelt das Ganze. Jetzt aber Leon. Bisschen am Flexen hier mit dem Grunt-Block. Das sollte der Kill sein. Das sind viele Erfahrungspunkte, aber, das habe ich zu schnell gesagt, denied. Ausrufezeichen. Ja, und ich denke, Teddster macht das gut. Leon, nicht Paladin, sondern der vertraute Mountain King. Ja, werden wir sehen, wie sich das jetzt gleich entwickeln wird. Blade Master hat auf jeden Fall 2 Gloves of Haste und Teddster wieder mit Tier 3. Okay. Das weckt natürlich Träume von dem Bloodlusted Mirror Image High Level Critical Strike Blade Master auf der Orc-Seite zumindest. Hat aber keinen Windwalk, muss vielleicht ein bisschen aufpassen. Leon denied genauso gut. Also dieses Game würde ich sagen mit Abstand das Beste. Auch noch kein Hero Kill Early. Da muss er nochmal eine Salbe einsetzen. Die hat er gerade tatsächlich auch gar nicht mehr. Also dieser eine Feuerball, extrem wichtig. Leon zieht sich aber auch zurück, leckt die Wunden auf dem Archmage. Und der Shadowhunter kann anfangen zu treten. Ja, salben darf nur der Papst. Und deshalb wird das hier auch bei Orks unterbunden. Und ja, ich bin gespannt, was für ein Follow-up kommt bei Teddster. Jetzt will er wieder einfach die Headhunter tacken. Noch gibt es keine Tech-Upgrade. Ich denke, seine Strategie wird sehr Blade Master fokussiert sein. Die Frage ist, wie er den supporten möchte. Er hat jetzt noch keine T2-Buildings. Ja, es muss ja eigentlich über irgendwelche Caster gehen. Also entweder Shaman, wie wir vorher schon gesehen haben, gegen Water Elemental und für Lightning Shield und Bloodlust. Oder seine patentierten Witch-Faktoren hat er nicht gekriegt. XD. Hat er gekriegt. Hat er gekriegt. XD. Ja, XD hat er jetzt die XP. Das ist easy peasy. Belt of Giant Strength für den MK. Und der ist gleich Level 3. Während der Shadowhunter noch nicht mal die Hälfte zu Level 2 bekommen hat. Und auch hier, ich glaube nicht, dass Leon den Tech scoutet hat, aber ich glaube, dass Leon wieder einfach einen Push spielen wird. Haben wir schon 1-0? Nee, noch kein 1-0 auf dem Rifleon. Das kommt vielleicht gleich. Dafür sind Long Rifles durch. Und bei Teddster sehen wir die Spirit Lodge. Jetzt gleich die große Frage, Schamanen oder Witch Doctor, wenn die weiter gekriegt wird. Runed Bracers gegen den Mountain King. Eventuell gar nicht so verkehrt. Aber vielleicht braucht man noch das Gold, wenn man
darauf angewiesen ist, wenn man vielleicht einen Tiny Great Hall ziehen kann stattdessen oder ein wichtiges Upgrade reinschieben kann, wäre das schon zu verstehen. Und bei Leon interessanterweise, der hält den zweiten Skillpunkt, hat noch keinen Clap oder Bash. Ja, Tiny Great Hall wäre viel zu greedy. Also, wenn man Tier 3 taggt, kannst du jetzt nicht die Tiny Great Hall einfach setzen gegen einen Human, der Tier 2 Potenzial ausnutzt. Das wird sich Teddster auch denken. Aber Leon immer noch keinen Rifleman-Upgrade gequeued. Finde ich etwas wunderlich. Die Farm kommt, das heißt, er wird gleich 50 Supply brechen wollen und mit einem Push das Spiel beenden wollen. Ja, das sollte der Gameplan sein für ihn. Und Teddster muss überleben. Teddster muss überleben. Müssen wir das nicht alle? Jeden Tag. Bisschen Gift auf den Headhuntern. Das Berserker-Upgrade ist noch nicht durch. Vielleicht der Fight so 10 Sekunden zu früh für Teddster. Der geht aber trotzdem rein, weil er noch die Rune Bracers hat. Da hat der Stormbolt nicht so geknallt, wie er das sonst tut. Hat allerdings auch kein Dispel. Also für mich ein bisschen antiklimatisch, dieser Fight. Mit dem Wand of the Wind insbesondere. Ja, und ich musste gerade bei dir schielen. Der Mountain King hat Bash und Stormbolt Level 2. Und jetzt ist Teddster wieder im Rückwärtsgang. Militia kommen. Erster Hatter da schon weg. Ich weiß nicht, ob das so ein gutes Zeichen fürs Überleben ist. Geht auch direkt auf Schamanen-Upgrade. Hat noch nicht das 4. Burrow. Das wird ärgerlich, wenn gleich ein großer 50 Supply-Push kommt. Weiß natürlich jetzt, was die Katze Jetzt vor hier die Tür gelegt hat. Consumable für den MK könnte spielentscheidend sein. Okay. Okay. Gutes Item. Ja. Nicht das Beste. Greater Mana Potion wäre das Beste gewesen, aber Healing nimmt man natürlich auch gerne. Leon zieht die Peasants aber wieder zurück. Vielleicht nochmal eine Runde shoppen. Gold hat er. 300. Ja, nochmal Militia machen. Und jetzt den Fight suchen. 2-0 Rifleman, 1-0 Rifleman kommen auch. Eine Sorg noch. Und Teddster nur mit 41 Supply. Das ist nicht viel. Und er kann auch immer noch nicht mehr bauen. Das tut weh. Shadowhunter auch nicht Level 3. Diese Armee ist noch nicht ready. Drauf geht's auf den Blade. Wenn der fällt, dann ist hier das Ende von Teddster quasi besiegelt. Oh, er dodgt sich in den Surround rein mit den... Oh, ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich. Schön Wand of the Wind eingesetzt. Jetzt wird Teddster bestraft für diese Frechheit von dem Pogi Tower Push. Und wir kriegen unser Traum-Winner-Bracket-Finale von Leon und Teddster. Franzyzz heißt er, nicht Teddster. Franzyzz, ja. Franzyzz. Der Kaiser gegen den Papst. So haben wir das gern. So ist es. Leon, keine Emotion. Er sieht immer noch wütend aus. Also so sieht doch keiner aus, der gerade hier eine Runde überstanden hat. Was ist da los? Ja, Leon mit dem Mountain King Cosplay, glaube ich. Ja. Den Bart hat er auch wachsen lassen, ja. Ja, also ich glaube, dass ihn dieser Loss schon gewaltig wurmt. Ja, wir fragen ihn gleich mal aus, was er glaubt, was man hätte besser machen können. Das würde mich auch sehr persönlich interessieren. Ja, da bin ich mal gespannt, was Leon gleich zu uns zu sagen hat. Das war auf jeden Fall eine schöne Series. Ich glaube, da war noch mehr drin für Teddster. Die Early Games, die haben ihm immer das Genick gebrochen. Viele gute Ansätze, allerdings hat es am Ende nicht gereicht. Leon natürlich auch absolutes Biest. Jetzt die große Frage, Anxiety, machst du mit mir das Interview? Oh, klar, wenn ich darf, mache ich das mit dir. Weil du doch so ein Leon-Fanboy bist, dachte ich, ja klar. Invite ich dich da mal. Und natürlich inviten wir auch unseren Winner-Bracket-Finalist, der vielleicht nochmal sein Telefon in den Flugmodus schickt. Leon, GG! Hello! Na? Hello! Was geht? Ich glaube, wir kriegen so eine Rückkopplung von deinem Telefon oder so. Kann das sein? Ja, ja. Ist besser so? Ja, wunderbar, wunderbar. Oh, ja, genau, okay. Genauso wie du, so wunderbar nämlich. Ich weiß aber, was du sagen musst, ne? So. Das ist der Hammer. Leon, du sahst ganz grantig aus nach dem 4. Game im Winner-Frame. Das ist einfach mein Konzentrationsface. Nö, gar nicht. Ja, ich weiß im Nachhinein, was ich hätte anders machen müssen beim Tower Rush. Ist halt so eine Schießstrategie, spiele ich halt so selten gegen. Aber ein zweites Mal wird es nicht funktionieren. Ja, da sind wir gerade beim Thema. Was könnte man denn besser machen? Das fragt sich der Twitch-Chat. Einerseits habe ich keinen Tower gehabt, ne? Also es war einfach sehr greedy. Andererseits hätte ich einfach erstmal ein bisschen passiver spielen können, ihn die Tower hochkommen lassen können. Ich hatte noch Platz links für den Workshop, ihn immer wieder reinlaufen lassen und warten, bis ich Dispel habe. Dann sind die Summons auch alle schlecht.
ja, so richtig connecten kann er dann ja trotzdem nicht in meine Peasant Line, wenn ich da mal Priest hinter habe und Rifleman, die das, also an sich wäre das, glaube ich, dadurch ganz gut gewesen, hätte ich da ein bisschen passiv einfach gespielt. Ein bisschen geduldiger. War ein bisschen, ich dachte so, vielleicht kriege ich jetzt die Header da raus und kann damit so ein bisschen sein Momentum rausnehmen, sobald die Summons weg sind, aber irgendwie ist es dann, hat es immer nach hinten geschossen. Ich hätte einfach ein bisschen geduldiger spielen müssen. Okay, keine Varianz beim Second Hero gegen so eine Strategie, trotzdem MK? Oh ja, kannst du machen, aber ich glaube, MK ist schon ganz gut an sich. Ich meine, ich hätte auch jetzt, weiß ich nicht, Blood Mage machen können mit Flamestrike oder was auch immer. Aber ich glaube eher, ja, die Geduld macht's und dann klappt das auch. Okay, ja, die anderen 3 Spiele gewohnt, souverän. Letztes Spiel, hast du da leichte Anpassungen gemacht, falls er es nochmal probiert? Genau, habe einfach ein paar mehr Footman gespielt, einfach um sicher zu gehen. Mit Defend hätte ich es ready gehabt. Wollte ein bisschen gamblen, mal gucken, was für eine Transition er geht. Wäre für alles offen gewesen, auch Double Sanctum, alles möglich gewesen. Ja, und einfach unterschiedliche Spielstile natürlich auspacken. Ich habe jetzt erstmal mich aufgewärmt, ein paar One-Base-Rifleman-Spiele gemacht. Jetzt bin ich gegen Franzyzz, kann ich halt ein bisschen variieren, unterschiedliche Creepy-Runden auspacken. Wollte halt so ein bisschen auch saven, was ich jetzt noch an Strategien habe. Oh. Könnte da ein Mitglied des Ordens auf die Map treten? Immer. Immer. Nein, ich bin da wirklich bin da sehr strategisch rangegangen. Natürlich, weil ich wusste, dass Franzyzz die Spiele sieht und wollte erstmal zeigen, dass ich halt auch einfach, also Simple kann ich immer spielen, ist auch immer noch nach wie vor sehr stark, selbst wenn er weiß, was ich spiele, kann ich ihn also ganz gut im Griff halten. Oder halt ich variiere ein bisschen, dass er halt immer wieder ins Nichts laufen kann. Also es kann in alle Richtungen gehen. Franzyzz denkt wahrscheinlich genauso. Er hat den Vorteil, dass er mich jetzt nochmal gegen Orc spielen sehen hat. Aber am Ende muss er trotzdem sein Bestes spielen, um mich da zu besiegen. Ja, das sehe ich auch so. Keine weiteren Fragen. Okay, jetzt mal so abseits von dem Ingame-Gedönse. Letzte Season hast du natürlich heftig dominiert. Dann am ersten Spieltag gab es eine kleine Klatsche. Ist das jetzt schon ein bisschen wichtiger, dieses Match oder diese Finals, als es jetzt die letzten Male waren? Ja klar, also es war für mich auch letzte Season wichtig. Auch jedes Spiel, was ich letzte Season gespielt habe, war von hoher Bedeutung. Generell habe ich mich immer vorbereitet, auch in dieser Season genau das Gleiche. Franzyzz ist einfach auch ein sehr starker Spieler. Best of 5 ist eigentlich auch ein ganz gutes Modell, weil das bin ich sehr gewohnt. Ich spiele viel auch international in dem Modell. Ich glaube, er spielt das nicht so oft. Deswegen bin ich mal gespannt, wie er seine Konstanz halt halten kann über die 5 Spiele, wenn es denn 5 werden. Genau, und deswegen fühle ich mich da eigentlich ganz wohl und glaube auch, dass die Season an sich natürlich immer, also ich will immer gewinnen, will immer mein Bestes rausholen und das werde ich auch heute noch zeigen. Und du hast es heute Morgen auch schon gezeigt. Um 9 Uhr morgens habe ich dein Twitch-Live gehen sehen. Hast du noch Saft oder wird es langsam auch ein bisschen eng hinten raus? Nö, ich habe noch viel Saft, bin auch heiß. Meine Jungs warten schon nachher aufs Bier, also deswegen eigentlich haben die gesagt halt, die sind jetzt schon los und warten darauf, dass ich dazu stoße. Und je nachdem, wie fix das jetzt geht, in welche Richtung auch immer, freue ich mich auf das Bier und dann mich dann morgen wieder neu auf das andere zu konzentrieren, je nachdem, was es sein wird. Bin aber erstmal heiß auf das Best of 5 und werde mein Bestes spielen. Alrighty, dann hoffen wir, dass du nochmal das Map-Pick-and-Ban-System hinkriegst. Das hast du wirklich wunderbar gemacht hier beim Winner-Bracket-Halbfinale. Ich habe gesehen, du hast Hausaufgaben gemacht und das reicht nicht dir ganz hoch an. Das ist ganz lieb von dir, dass du das so sagst und ich habe mir wirklich sehr viel Mühe gegeben. Sehr schön. Ja. Leon, ich wünsche dir alles erdenklich Gute für das Winner-Bracket-Finale. Ich danke dir auch und alles Gute und ich freue mich. Franzyzz, viel Spaß und lass uns eine geile Zeit haben. Bis dann. Das werden wir, bis dann. Tschüssi. Ist einfach ein feiner Kerl, ne? Ja, was willst du machen? Kannst nichts machen. Das ist einfach so. Gott sei Dank bleibt das Charisma in der Kamera. Leon mit der eigenen Aura, ja. Ist so, ne? Ist so. Okay, jetzt müssen die Jungs natürlich noch ihr Map-Pick-and-Ban-Gedönse machen. Da haben wir so einen kleinen Coin-Flip-Bot im Discord und Franzyzz als Sieger der Regular Season hat hier die Pflicht, immer zu sagen Kopf oder Zahl. Und der hat dann einfach schon die Münze geworfen, ohne zu sagen, was er will. Deswegen müssen wir das Ganze nochmal neu starten. Aber natürlich haben wir jetzt das Match, was wir wollten. Wir haben den ersten gegen den zweiten. Wir haben das Winner-Bracket-Finale. Und wenn man hier gewinnt, ist das natürlich ein Statement für morgen und auch ein relativ entspannter
Tag morgen, denn dann muss man nur eine Series machen, die allerdings dann eine Best-of-7-Series ist und der Verlierer muss ins Lower Bracket, wo wir einen starken Toxi haben, wo wir einen starken Teddster haben. Also heute gewinnen, nicht ganz so schlecht, oder Fischi? Ja, auf jeden Fall. Hat immer einen Vorteil, wenn man frisch ins Grand Final dann gehen kann. Es wird auf jeden Fall eine sehr interessante Partie werden, die wir jetzt sehen. Denn beide haben tatsächlich ein bisschen Fehler gelassen. Und Leon hat ja schon gesagt, der hat noch ein bisschen was in Köcher. Aber man hat, glaube ich, auch so ein bisschen die Schwachstelle von Leon gesehen. Ich glaube, das sind diese Cheese-Strats. Also ich glaube, wenn du wirklich Standard gegen Standard spielst, da hat Leon schon echt einiges auf dem Kasten. Da weiß er halt einfach die Timings, weil er sich halt, wenn er in der Leiter unterwegs ist, mit den ganzen Top-Spielern dieser Welt misst. Und da kann er dann bei so Cheese-Strategien schon manchmal ein bisschen ins Straucheln kommen. Mal gucken, vielleicht hat sich da Franzyzz auch ein bisschen was überlegt in diese Richtung. Oder wie wir ihn hier Standard sehen. Und dann könnte es natürlich auch ein ordentlicher Clash werden. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Es wird heiß, Freunde. Es wird heiß. Um euch noch ein bisschen Abwechslung zu bieten, haben wir. Warte, was haben wir denn noch nicht gezeigt? Warte, wir hatten jetzt zwar Leon gerade im Interview, aber da wir Franzyzz kleines Fragengewitter schon gezeigt haben, zeigen wir euch jetzt nochmal Leon, weil man kann von Leon nie genug haben. Hier, der zweifache deutsche Meister Leon nochmal. Ein kleines Fragengewitter sozusagen für dich. Das bedeutet, du bekommst jetzt nacheinander ein paar Fragen von mir und hast maximal einen Satz zum Antworten. Das sind teilweise Fragen, da möchte man vielleicht ein bisschen länger drauf antworten. Das darfst du nicht. Du hast nur genau einen Satz bzw. ein Wort hier und da. Okay, fangen wir an mit lieber mechanisch besser sein oder strategisch besser sein? Strategisch. Welche Einheit sollte basierend an ihrem Wert im Spiel, also wie teuer / und wie stark sie ist, mehr XP geben, deiner Meinung nach? Abominations, also die Monstrositäten. Ja. Wenn du genau einen Aspekt des Spiels patchen dürftest, welcher wäre das? Pala Rifle. Also meinst du einen Aspekt, eine Strategie oder eine Genau, konkrete also wenn du Sache? jetzt sagst Pala Rifles, müsstest du mir sagen, soll der Pala schwächer werden, die Rifles stärker oder schwächer werden? Wahrscheinlich eins von beiden schwächer, nehme ich mal an. Aber ja. Also ich würde auf jeden Fall, schwierig. Ich glaube, ich würde die Rifleman teurer machen. Vielleicht um 10 Holz oder so. Alles klar. Wer sind deiner Meinung nach die Top 5 Spieler der DACH-Szene? Da hast du also nicht einen Satz, sondern 5 Wörter natürlich. Jetzt und früher. Völlig egal, ob inaktiv oder aktiv. Du kannst also auch 20 Jahre zurückgehen, wenn du möchtest. Ja. X-Lord erster. Ich teile mit ihm so ersten und zweiten, würde ich sagen. Kann mich auch selbst nennen, oder? Es geht Natürlich, nicht klar. darum, Absolut. Ja, okay. Dann dritter würde ich sagen, wenn Kevin in Shape ist, ist Kevin ziemlich gut. Teilt das, aber kann die auch Plätze teilen oder geht es wirklich darum, dass Nein, die... ist es schon in Ordnung. Okay, dann Todd noch dazu. Drittes und viertes ist für mich Vahn. Fünfter Platz ist Franzyzz. Alles klar. Okay. Wenn du genau ein Item aus dem Spiel entfernen dürftest, welches wäre das? Claws plus 8. Alles klar. Dann Autumn Leaves oder Tidehunters? Tidehunters. Und BO3 oder BO5? BO5. Alles klar, wunderbar. Interessant nach diesen zwei Quickfire-Question-Runden. Franzyzz mag lieber Best of 3, Leon mag lieber Best of 5. Und jetzt spielen wir halt Best of 5 und Best of 7. Ist das, wie Leon auch schon gesagt hat, so ein kleines Ding, was den Unterschied machen kann? Ein bisschen mehr Turniererfahrung? Fischi? Ja, könnte durchaus sein. Ich glaube, so generell diese Must-Games kommen Leon tatsächlich immer so ein bisschen zugute, denn er spielt sehr, sehr viel und er braucht natürlich auch immer so ein bisschen diesen Rhythmus, habe ich so den Eindruck. Deswegen kommt eine lange Series ihm da immer zugute. Franzyzz, er hat es gesagt, Best of 3 ist ihm da lieber. Aber ich glaube auch, dass der durchaus in einer langen Series sich da gut reingerufen kann. Also, ja. Alrighty. Wir warten auf die Pick and Bands. Das Ganze läuft. Franzyzz hat hoffentlich gut gegessen. Ich hatte da mal eine Unterhaltung mit, ich glaube, es war sogar Todd, dass der vor seinen Games nie viel gegessen hat, damit es nicht schwer im Magen liegt, sondern irgendwie so Boris Becker-mäßig eine Banane. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu schwer liegen. Ich spiele ja ich esse während meines Liga-Matches nur Koala-Kekse, weil damit gewinnt man auf jeden Fall. Ja, das steigert die Qualität des Spielens.
Und des Carstens. Die Qualität, ne? Wir haben alle schon genascht heute, deshalb ist das hier alles top. So ist es. Ja, absolut. Aber das finde ich auch immer ganz spannend, ne? Weil du es gerade angesprochen hast. So nichts Schweres vorher essen. Da gibt es ja bei Spielern so ganz unterschiedliche, ich sage jetzt mal, Marotten oder halt auch so ein bisschen Aberglauben, der da vielleicht mit reinspielt. Ich weiß tatsächlich, das hat, glaube ich, Grubby entweder mal in einem Interview erzählt oder bei sich auf dem Stream, dass er vor großen Turniermatches nie auf die Toilette gegangen ist, weil er gesagt hat, wenn er da so ein bisschen Druck auf der Blase verspürt, ist er konzentrierter. Okay. Geht mir anders, ehrlich gesagt. Also, ich mag es dann doch lieber, wenn die Blase leer ist, aber jedem das seine. Oder jeder so, wie er möchte. So wie er möchte, so ist es. Jeder hat da seine eigene Marotte. Aber, Fischi, du bist der Experte für History. Dein Channel heißt W3 History. Jetzt wurde während diesen Quickfire Questions gefragt, wer die Top 5 Spieler Deutschlands sind historisch. Da müssen wir natürlich dich als alten Geschäftsführer, nein, Geschichtslehrer fragen, was deine Top 5 sind. Schwierig. Also es ist natürlich immer auch so die ganz klassische Frage, wie gut kann man das Warcraft 3, das jetzt gespielt wird, mit dem Warcraft 3 von vor, ich sage jetzt mal 5 oder 10 Jahren vergleichen. Da hat sich natürlich viel verändert. Allein schon, was man aus dem, oder was man jetzt über das Spiel auch weiß, ne? So Creep Manipulation, das hat am Anfang gar nicht stattgefunden. Dass man weiß, wie man Lightning Shit triggert und damit creept, deswegen ist es ein bisschen schwierig, da das zu sagen. Aber ich glaube, was meine Top 5 wären, ich glaube, X-Lord muss man dann auf jeden Fall mit dazu zählen. Einfach immer durch seine dominanten Leistungen, die er halt auch gezeigt hat. Für mich persönlich wäre auch ein Hauso-Ops unter den Top 5, da er sehr, sehr stark immer sich, oder was heißt, sehr, sehr akribisch vorbereitet hat und wirklich, glaube ich, einer der professionellsten E-Sportler waren, die wir je hatten in Deutschland. Ich würde tatsächlich auch einen Jaws mit dazu zählen, der, glaube ich, in der EPS nie so sein 100%iges Potenzial leider an den Mann gebracht hat, aber international halt auch echt gut mithalten konnte. Fischer, der war Meister. Leon, ja, schon, aber da hätte noch mehr kommen können von ihm. Sage ich jetzt, wie es ist. Recht. Ich würde einen Leon tatsächlich auch mit dazu zählen. Allein durch die Performance, die er da jetzt gezeigt hat und wie er sich jetzt auch in internationalen Turnieren schlägt und auch gegen die Weltspitze tatsächlich auch behaupten kann. Und ich glaube, den letzten, den ich noch dazu fügen würde, wäre tatsächlich unser Aufsteiger aus der Division 2, Rain. Ja, Rain. Meines Erachtens nach der Spieler, der das meiste Talent hat für Strategiespiele, der sowohl das Micromanagement hat, sowie das Verständnis von Strategien und so weiter. Also man hat jetzt im Verlauf dieser DACH Division 2 gesehen, der sich eigentlich fast wirklich nur mit Replay-Analyse dann echt auf ein Level gehievt hat und da einfach durchgeballert ist wie wie man sich es eigentlich nicht hätte vorstellen können. Das wären, denke ich, so meine Top 5 Picks. Klar, es gibt noch so Spieler wie Miu, der natürlich genannt werden musste im erweiterten Kreis, würde ich sagen. Da gab es ganz, ganz viele, die da mit dabei waren. Sokol, Hanf. Ja. Spell. Spell, natürlich. Spell, ja klar. Anxiety, du noch was zu ergänzen zu der Liste? Außer Nein, Spell. Spell, ja. Wenn es um internationale Erfolge geht, natürlich auch ein Fire.de. Aber oh ja. Fischer macht sich hier Feinde. Miu nur im erweiterten Kreis zu nennen. 7-facher deutscher Meister, was ist los bei euch? Ist, diese gut, Liste. Aber ich sag mal so, ich würde tatsächlich, wenn du einen Miu und einen Spell gegenüberstellen würdest, würde ich tatsächlich einen Spell immer als besseren Spieler sehen. Miu hatte halt einfach Human Mirror drauf. Und Miu war strategisch besser. Ja, ich weiß nicht, also ich glaube, da haben sie sich nicht viel genommen, aber das ist so, wenn du halt so die Matches vergleichst, mal einen Spell, der auch WC3 öfters mal mitgespielt hat, der hat dann halt auch mal gegen Leute gegen Insomnia gewonnen, als die in ihrer Prime waren. So. Ich glaube, denen sind halt einfach immer ein bisschen die Nerven durchgegangen und Mio war halt nichtsdestotrotz einfach stark im Human Mirror. Dementsprechend, weiß ich nicht, würde ich Fischer, tatsächlich. jetzt hör mal auf, dich dir Feinde in der Community zu machen und join im Game. Na, was denn? Was denn? Ist doch, du hast mich doch gefragt, bist doch selber schuld, wenn du so ein Thema aufmachst. Ja, das stimmt, du hättest trotzdem das Game joinen können.
Aber du hast Ja, das natürlich stimmt. das viel schön ausgeführt. Vielleicht können wir da nochmal einen Podcast draus machen und das komplett durch Gerne. sezieren. Wir sind auf jeden Fall ready und unsere Spieler sind auch ready. Es ist das Winner-Bracket-Finale. Franzyzz hat gegen Toxi gewonnen, 3:1. Leon hat gegen Teddster gewonnen, 3:1. Und es ist Licht gegen Dunkelheit. Leon sitzt da, alle Lampen an. Jetzt als auch später anscheinend, wie wir gerade aus dem Winner-Interview gehört haben. Franzyzz, volle Konzentration. Wie ein echter Gamer sitzt er da. Keine einzige Lichtquelle außer dem Monitor. So muss es sein. Wir brauchen einen Grand Finalisten. Und der zuerst 3 Maps holt, wird es sein. Es ist das Rematch vom allerersten Spieltag, was ein riesen Ausrufezeichen war für die ganze Liga. Kann Franzyzz Leon erneut schlagen oder gibt es die große Revanche? Das jetzt im Best of 5 Winner Bracket. Jawohl, ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wer ist denn eigentlich dran? Glaube ich, ein Zeigi und ich, oder? Ja, ich glaube auch. Ah, sehr schön. Gut. Ja, wir sind auf Springtime. Springtime wird die erste Map sein in diesem Best of 5 und das eine Map, die wir tatsächlich im ersten Aufeinandertreffen nicht gesehen haben. Da waren die Maps nämlich, also während der Regular Season, Tidehunters und Hammerfall. Und ja, Orc gegen Human, natürlich wieder das Matchup. Franzyzz jetzt vielleicht so ein bisschen den Vorteil, kommt jetzt aus der Pause, hat das Match gesehen. Gegen Teddy, Leon dafür eingespielt. Jetzt auch ein Matchup gegen Orc. Was denkst du? Wer hat da jetzt den Vorteil? Oh! Wir haben Hammerfall auf Springtime. Oha. Mountain King first. So viel dazu. Ja, ich wollte eigentlich noch anteasern, dass Leon im Interview behauptet hat, er hätte andere Strategien. Und alle im Chat so X-Doubt. Aber es ist so, er packt hier den Mountain King aus und will vielleicht eine Fast Access spielen. Oh Mann. Okay, also Mountain King first, das sieht ja für mich immer aus. Fast Exe, ein paar Tower, dann Tech auf Tier 3 mit Griffins. Eine Variation. Alternativ auch Archmage Second, Brilliance Aura First oder Water Elemental First into Rifle Caster. Ne? Ginge theoretisch auch. Ich glaube, es kommt sehr stark aus Early Game an. Mhm. Und ich habe Grubby schon mal darüber sprechen hören. Die Urvariante dieser Strategie ist von Sky und zielt genau darauf ab, einen harassenden Farseer im Early Game zu surrounden. Damit der TPen muss und damit man halt die Echse securen kann. Ja. Das ist, glaube ich, jetzt auch so, könnte die erste entscheidende Situation jetzt ja auch werden, denn Franzyzz wird jetzt gleich reinlaufen. Jetzt muss man natürlich gucken, wie schnell kann er reagieren. Wird er gestormboltet? Er reagiert schnell. Macht er gut. Farseer wird auch sofort rausgezogen. Macht er wirklich gut. Kriegt hier erstmal keinen Bolt ab, läuft also nicht in den Surround, weil, ja, wie gesagt, ohne TP schnell surrounded werden, das sieht es für den Orc dann schon echt finster aus. Ja, aber Franzyzz wird jetzt hier erstmal ein bisschen abtasten, schön den Normal Damage auf den Mountain King bringen und auch möglicherweise hier die Militia angreifen. Donatet jetzt einen Wolf an den Mountain King, der ein bisschen schneller oder ein bisschen näher an Level 2 herankommt. Und ja, Leon mit dem Tech, keine Fast Exe. Ja, Franzyzz, wenig überraschend, natürlich jetzt auch schon mit dem Tech. Das war ja, ein ziemlich zügiger Tech und relativ bad Headhunter, würde ich jetzt mal sagen. Aber tatsächlich gegen den Mountain King bringen sie dir auch nicht so viel, wenn du sie jetzt mit reinziehst. Deswegen wird der eine Headhunter jetzt auch erstmal hinten in der Main Base geparkt. Leon splittet hier wieder seine Armee. Der Mountain King geht zum Shop, wird sich jetzt wahrscheinlich gleich die Boots holen. Das haben wir ja auch schon gegen Teddy gesehen, dass er da ein bisschen splittet, mit dem Hero shoppen geht und den Footies sich dann schon mal ja, dahin bewegt, wo er hin möchte. In diesem Fall ist es tatsächlich die Ork-Basis, wo er jetzt auch schon eintrifft. Und Franzyzz, ja, das sieht die Footies, das sieht noch keinen Mountain King, aber trotzdem versucht er sich jetzt erstmal ein bisschen defensiver zu positionieren. Hat tatsächlich auch noch keinen Shop, also Healing wäre da auch ein bisschen ein Problem, wenn es da zum nächsten Fight kommen würde. Aber das gibt Leon natürlich jetzt die Möglichkeit, hier einen Creep zu snipen. Und zwar geht er an den grünen Spot direkt neben der Basis von Franzyzz. Ja, währenddessen hat Franzyzz einen Worker mit den Wölfen gekillt in Leons Base. Und Leon hat aber noch kein Defend abgegradet, da möchte er wohl drauf verzichten. Will jetzt hier mit den defendlosen Footies die Headhunter snipen. Aber Franzyzz blockt hier sehr gut mit seinem Fass hier und dem Headhunter den Eingang.
Nimmt aber viel Schaden auf dem zweiten Headhunter dafür. Ja. Oh, blockt aber jetzt hier schön nochmal die Main Base. Also die zwei kommen tatsächlich erstmal raus. Michael von Leon sehr schön, hat seine Footies erstmal rausgezogen. Oh, die Voodoo Lounge, das wäre natürlich wichtig, den Cancel zu kriegen und den kriegt er auch. Ja, und damit ist erstmal so die Hälfte der Ork-Armee nicht mehr wirklich einsatzbereit und die Voodoo Lounge, die braucht eine Weile, bis sie wieder hochkommt. Ja, das Schöne an der Strategie ist natürlich, dass er jetzt den Mountain King schon hat und der auch schon Level hat. Das Schöner heißt, Block jetzt hier oben. Auch nochmal den Footman gesaved. Richtig gut gemacht von Leon. das heißt, wenn dann der Archmage kommt, muss er eigentlich nur den Archmage Level 2 creepen und den Mountain King Level 3 und hat dann schon eine Fight Army ready, mit der er den Gegner unter Druck setzen kann. Und ich bin gespannt, ob er jetzt den Headhunter bekommt. Einen hat er gekriegt, den zweiten, den chased er nicht, okay. Ja, das wäre auch ein bisschen zu greedy gewesen, glaube ich, da reinzulaufen. Franzyzz hat natürlich auch sofort reagiert hier mit dem Orc-Burrow. TC gibt das Second Hero für den Orc-Spieler. Wir sehen jetzt ja auch das Beastry, das gerade hochkommt. Ja, Arcane Sanctum wird gebaut. Es gibt, eigentlich kann man fast schon sagen, relativ Standard, ne? Rifleman mit Castern. Genau, die einzige Varianz ist, dass er halt den Hero in der anderen Reihenfolge hat. Ansonsten ist hier alles im Prinzip gleich. Würdest du jetzt dann auf Watermantle First gehen oder würdest du die Aura holen? Gute Frage. Ich glaube, das hängt davon ab, ob man eine Spirit Launch sieht. Wir haben jetzt keine gesehen. Ich weiß nicht, ob Leon das weiß. Ich denke schon, dass er nur das Bestiary gesehen hat. Vielleicht macht er deswegen First Water Elementals. Gerade weil die Footies auch super low sind. Schauen wir mal, Archmage ist jetzt raus, hat noch nichts geskillt, aber hat natürlich erstmal das Scroll of Regen im Inventar. Ja, und Franzyzz, der creept ja gerade mit seinen TC, die Echse, und zieht auch gleich schon mal die Great Hall hoch. Also der wird auf Tier 2 expandiert. Erster Raider wird gleich rauskommen. Wir sehen weitere Headhunter. Momentan 40 gegen 36 Supply, also Leon leicht im Supply-Vorteil. Und ja, Watermantle First ist es und jetzt wird der Shop gecreept, aber da könnte es zum Creep-Check kommen. Jo, und ich fühle die Echse von Franzyzz gar nicht, muss ich sagen. Weil der MK mit ein bisschen Creepen super schnell Level 3 wird und jetzt der TC vielleicht sogar down geht. Super geblockt. Ja, und jetzt kann er außer Kontrolle creepen. Und das ist sehr schlecht für Franzyzz. Also diese Echse ist super greedy und kann man fast schon als Cheese bezeichnen mit dem Spielverlauf. Er hat ja 2 oder 3 Headhunter verloren gegen den MK im Early Game. Ja, das ist okay, jetzt sagen wir nicht Cheese, sagen wir eher Verzweiflungs- oder Curveball. Okay, ja, dann bezeichnen wir es mal so. Franzyzz jetzt natürlich, wenn die Echse gescoutet wird, was jetzt auch passiert, ja, die muss auf jeden Fall gecancelt werden. Okay, das funktioniert natürlich jetzt, oder das spielt Leon natürlich jetzt in die Karten. Farseer erreicht Level 2,5. Ja. Top, kriegt die große Mana Potion, das ist schon verkehrt. Es wird tatsächlich auch die Army gesplittet, also Leon... Ja, macht er, weil er Level 3 bekommt durch den Peon, der gleich aus der Echse poppt. Ja, Tatsache. Wird noch nicht gecancelt, also will hier ein bisschen Zeit schinden, sage ich mal. Und jetzt kommt Franzyzz rein für einen Creep-Check, könnte man sagen. Jetzt geht es erstmal auf den Furball-Tracker. Der Level 6 Creep hat natürlich das Item. Oh, jetzt wird aber ein Headhunter hier rausgenommen. Das ist keine gute Situation hier für Franzyzz. Der Peon bleibt tatsächlich am Leben. Level 3 gibt es nicht für den Mountain King gerade jetzt. Ja, der kann sich aber von einem Creep Level 3 jetzt holen. Zack, da ist er Level 3 und die Ork-Helden wirklich sehr underlevelt. Will jetzt hier eher auf Pickups gehen oder Pick-Offs und vielleicht auf den Base-Trade. Leon TP einfach direkt. Hat gesehen, da wird der Rifleman ensnared, weiß was kommt, dementsprechend lässt er sich da auch gar keine Späße ein. Das Inventar vom Mountain King ist auch ziemlich beeindruckend, muss man sagen. Hat hier Mana Potion, When of Mana Stealing, Boots of Speed und zweimal Claws tatsächlich, also der Junge haut schon ordentlich rein. TP wurde sich sofort wieder gekauft, Leon jetzt auch mit der Scroll of Healing und ja, creept hier den nächsten Spot. Nimmt das Orangene Camp vor seiner Basis, wird nicht ganz Level 3 bekommen, dadurch für seinen Archmage. Findet es aber die Scourge Bone Chimes, hilft in dieser Situation natürlich den Footies ein bisschen beim Creepen, aber
ja, nicht das beste Item. Ja, aber gut, dass der Gegner das nicht gefunden hat. Also von daher hat man da trotzdem Profit draus gemacht und hat den Curse-Spot bekommen und dagegen 2 Footies getradet. Also an sich, summa summarum, von der XP-Ausgeglichenheit her trotzdem ein Win für Leon. Und der weiß jetzt auch, dass Franzyzz da unten creept. Und Franzyzz kriegt jetzt hier ein Problem, denke ich. A player's forces are under Jo, das könnte jetzt echt problematisch werden. Werden Mountain King läuft rein, wird entsnared. Ja, da wird vielleicht sogar ein TP gezogen werden müssen. Speed Scroll ist es. Erster Stormbolt kommt rein, der Raider geht drauf. Oh, das ist das Level 3 hier für den Archmage. Und der Mountain King, der hat die Boots, der ist schnell. Und wenn die Speed Scroll aufhört, was jetzt der Fall ist, dann können sie nochmal einen Stormbolt geben. Und den wird es jetzt auch geben. Der fliegt erstmal auf einen Grunt, kommt sofort das Konter ins Snare. Aber diesen Grunt wird er, denke ich, nicht retten können. Nicht gegen den Mountain King, der noch Mana hat. Oben wird nochmal eine Sorg aus dem Spiel genommen. Da kommt der nächste Stormbolt. Der Grunt ist weg. Also da wurden Units getradet. Und jetzt, ja, Franzyzz probiert's mit den Raider Lame, geht in die Basis und haut erstmal aufs Arcane Vault. Ja, richtig wild. Leon hat schon die Lammermill gebaut und einen Workshop, weil er irgendwie erwartet, dass es hier ein Lame gibt oder ein Base-Trade-Szenario. Und ja, also hat hier eigentlich direkt den Counter für die Windrider, die eventuell hätten kommen können, gebaut oder zumindest vorbereitet. Oh. Und das zeigt, dass Leon das respektiert, aber auch, dass Leon hier wirklich das Spiel komplett unter Kontrolle hat. Ja, und wenn ich das richtig gesehen habe, ist die Exit draufgegangen. Die wurde nicht gecancelt von Franzyzz. Die war fast fertig und geht drauf. Oh, weia. Ja, das spielt Leon wirklich super solide. Auch hier Level 2 Water Elemental, weil beim Gegner kein Dispel am Start ist. Ansonsten kann man das natürlich auch mit Level 2 Brilliance Aura spielen, um den MK und die Caster besser zu supporten. Aber der TC ist immer noch nicht Level 3. Ne, jetzt kommt es zum nächsten Fight. Das könnte hier vielleicht sogar das letzte Aufeinandertreffen schon werden. Jetzt wird hier nochmal ein Footy gekillt. Das bedeutet Level 3 jetzt auf Seiten von Franzyzz. Auf dem Second Hero ein weiterer Raider wird gekillt. Ja, und das ist jetzt jeder Hammer ist ein Kill, kann man sagen. Mountain King mit seinen Boots, der wird jetzt hier gleich wahrscheinlich nochmal diesen Headhunter zerlegen. Kriegt nochmal das in Snare, aber der Cooldown ist durch. Okay, es gibt ja Slow durch den Wald gecastet hier auf den Raider. Und der geht ebenfalls nochmal drauf, Level 4. Und ja, Franzyzz, der versucht jetzt hier noch irgendwie was zu reißen. Geht hier wieder mit dem, was er noch hat, in die Basis des Human-Spielers, wirft nochmal eine Shockwave in die Peasant Line. Da hat er ordentlich Damage gemacht, aber naja, wir haben hier 37, gleich 35 gegen 44 Supply und der Mountain King, der hat immer noch Bock. Der hat Bash, ne? Wenn es keinen Stormbolt gibt, dann gibt es halt einen Bash, wobei dieser Headhunter tatsächlich ja, erstmal noch wegkommt, wird jetzt aber denied von Franzyzz. Aber meine Herren, das ist hier ein sehr, sehr, sehr schweres Spiel, gerade für Franzyzz. Jo, und Leon hat wieder einen Footy an der Echse und sieht wieder den Peon, der fast hier drauf geht. Der Raider kommt, um ihn zu saven. Und also Leon hat hier wirklich also man könnte meinen, er hat hier das Franzyzz Playbook vorbereitet. Ja. Er hat hier im Prinzip alles perfekt ausgekontert, was Franzyzz auf das Parkett gebracht hat. Und ja, apropos Parkett, mit Leon tanzen ist, glaube ich, ja, nicht die beste Idee. Zumindest nicht, wenn man sich gegenseitig schlagen möchte oder wenn man sich gegenseitig duelliert beim Tanzen. Kein Fall. Ja, also du hast es angesprochen, ne? Also er hat ihn gelesen wie ein Buch und das ist sein Movement halt auch perfekt. Jetzt hier die Raider, die rauskommen, die werden halt abgefangen von den Sorgs, die werden geslowed, da sind Bashes mit am Start, da geht die nächste Unit drauf und ja, jetzt kommt hier nochmal das TP. Der Raider Lame passiert hier natürlich immer so ein bisschen dieses ja, TP nach Hause, aber das stresst Leon, glaube ich, jetzt nicht so wirklich. Tier 3 Trick bei ihm ist gleich durch. Läuft. Ich würde vielleicht mal kurz die 2 Priests in der Base parken, damit die Peasants hochgehalten werden können. Aber ja, er hat von Anfang an eingeplant, dass es hier ein Lame geben wird. Wieder läuft der Footy, oh nein, ist eine Flying Machine. Wieder wird gescoutet, dass da unten ein Peon ist. Der versucht sich da am Holz zu verstecken. Aber ich glaube, die Health Bar verrät ihn. Und Zeppelin. Okay. Und Zepper. Zeppelin und Zepper. Aber die werden gescoutet vom Footy. Oh, er versucht sich zu verstecken.
Vielleicht Leon sieht Leon das das nicht gesehen? unbedingt, ja. Nein, er hat nicht angegriffen, vielleicht hat er keine Info, weil er gerade nicht geschaut hat. Er hat es vorhin schon probiert mit den Zappern. Da hat es nicht so ganz funktioniert. Klappt's jetzt? Was wählt er als Ziel? Er muss halt einfach die Farms nehmen, glaube ich. Ja, so zwischen Farms und genau da und Er geht down. Genau, das wäre der Spot gewesen. Ein Zapper kommt durch, Shockwave, Chain Lightning, die Peasants werden hier nochmal angegangen. Er versucht das Castle zu killen und tatsächlich mit dem zweiten Zapper wäre da vielleicht echt was gegangen, weil Shockwave und Chain Lightning halt einfach mal richtig reindonnern hier. Da werden alle Peasants aus dem Match genommen. Oh, klappt es vielleicht sogar auch so schon? Das könnte jetzt hier echt eng werden. Die letzten Peasants gehen drauf. Es wird weiter hier heftig fokussiert. Da ist kein Repair mehr. Da ist ein TP auf Seiten von Franzyzz. Der TP raus und die Mainbase geht drauf. Ja, da ist das Schloss eingestürzt. War wohl nur ein Traumschloss. Und ja, beeindruckend, dass Franzyzz das jetzt hier so rumgerissen hat. Ich glaube, Leon hätte TPen müssen da, ne? Er hätte nicht hinlaufen sollen. Hat das ein bisschen unterschätzt, denke ich. Ja, wir haben es vorhin so ein bisschen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, bei wem es im Fragenhagel war, aber da wurde ja auch schon gesagt, ne? Franzyzz ist derjenige, der aus den Matches so immer noch das letzte Gramm irgendwie rauspresst, um noch irgendwie zu gewinnen. Und das hat man jetzt, glaube ich, auch hier wieder gesehen, weil das lief alles andere als gut für ihn und plötzlich gibt es keine Mainbase mehr und es gibt auch keinen einzigen Peasant mehr. Das heißt, Leon muss jetzt irgendwie angreifen, das Ding gewinnen, ihn zum Fight forcen, ansonsten ist die Geschichte hier gelaufen. Ja, Franzyzz würde mit Bear Grylls in der Wüste Überlebenstraining machen und aus jedem Getränkepack noch den letzten Tropfen rausdrücken. Da bin ich mir sicher. Also er ist hier wirklich perfekt am Lamen. Der Chat sagt es auch. Und ich bin gespannt, wie Leon jetzt hier reagiert. Gucken wir mal auf die Camps. Ja, alle noch fokussiert. Aber Leon hat halt auch keinen Income jetzt. Ja. Invisible Mountain King verfolgt jetzt hier gerade den Orc-Spieler. Ja, der probiert es halt einfach auf die Gebäude. Und mit TC, mit Shockwave, da kann man ordentlich was machen. Und Leo called GG. Crazy. Oh, weia. Da haben wir die ganze Zeit davon geredet, dass Leon ihn hier wie ein Buch liest. Und alles, was es gebraucht hat, war ein Zeppelin-Drop und ein Zapper. Ja, das Kapitel war nicht drin im Buch. Nee, und Leon war absolut nicht happy darüber. Und oh, weia. Was ist denn hier los? Das Game war doch 7-mal durch. Wie kann er denn da einfach in die Base droppen und dieses Schloss zerstören? Wie viel HP hat das? 3000? Das hat 3000 und ich glaube, der Fehler von Leon war, dass er das auch komplett unterschätzt hat. Und der Damage auf den Peasants, also ich will mich nicht als strategisches Mastermind aufstellen, aber wenn die Priests in der Base kurz geblieben wären, um die alle zu heilen, hätte er das Schloss gehalten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Oder wenn er halt direkt TP't hätte. Das waren, glaube ich, 2 große Fehler, weil er unterschätzt hat, wie viel Damage Franzyzz machen kann. Crazy. Und man muss bedenken, er hat nicht mal den ersten Zapper richtig reinplatziert. Der wurde ja gesniped. Ja. Das heißt, das hätte ja noch schlimmer kommen können. Ja. Unfassbar, ey. Unfassbar. Okay. Also das hat ja nun wirklich keiner erwartet, dass das hier passiert. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das habe ich... Ja, und Leon ist auch ziemlich pisst, muss man mal dazu sagen. Wie hast du das, wie kommst du drauf? Hast du den Ingame-Check gelesen, bevor es losging? Nee, habe ich nicht. One-Trick-Pony. G. Okay. Ja, weiß nicht, ob das so One-Trick war, weil, also klar, macht er gerne mal ein bisschen Base Rate und so, aber Hero Focus ist halt genauso ein Ding und das macht er mit Fastia und mit Blade Master und manchmal mit Wyvern und manchmal nicht und ui, das geht auch direkt weiter hier. Warte, ich gehe mal direkt rein. Die Kameras muss ich noch ändern und so, aber warte, wo ist er? Willst du jetzt jede Map Double Beastery Raider spielen, nur weil ich Level 1 DC herstecke und keinen Fight klarerweise mehr holen kann? Okay, was ist denn das hier für ein Ton auf einmal auf den Finals? Sowas hatten wir noch nie. Ja, da kommt der Teddster aus Leon raus. Aber ich bin gar nicht dran, viel Spaß. Okay. Schauen wir mal, wohin die Reise geht. Ich glaube, wenn ich das gesehen habe, Franzyzz hat noch
Ja, der enjoyt das ganz gut. Hat auf jeden Fall ein Grinsen drauf. Bei Leon sieht das ganz anders aus. Aber okay, immerhin ein Herz am Ende der Geschichte. Das ist doch mal was. Junge, jetzt ist ja auf einmal Feuer drin. Ja, die Brisanz hätte man da jetzt tatsächlich nicht erwartet, ne? Aber das ist auch so wieder das, was ich vorhin schon angesprochen habe gegen Teddy. Ne? Also ich meine, also zumindest ist das so meine Wahrnehmung, ne? Ab einem, wie soll ich das sagen? Ich glaube, ich sag mal so, auf der KK-Ladder wird, glaube ich, wird nicht gelamed. Oh, mein Freund. Hast du die Games von Linguagua mal gesehen? Ja gut, Linguagua, aber, ne? Das ist aber auch so der Einzige, ne? Er ist der König. Ja gut, aber das ist halt so das, wenn sowas kommt, da ist Leon, glaube ich, echt nicht so prepared. Das ist, also wenn du ihn mit Standard konfrontierst, da spielt er dich aus, das hat man ja auch gesehen. Und mit Lame, da tut es sich schwer. Ja, also. Ich weiß nicht, ob irgendjemand außer Franzyzz dieses Game noch hätte gewinnen können. Dann natürlich auch alle Worker weg. Also wenn da noch ein Worker gewesen wäre, ja vielleicht. Aber nun gut, manchmal hat man Emotionen und manchmal müssen die raus. Jetzt spielen wir Twisted Meadows gegen einen Ork, der gerne auf Base Race geht. Ist das eine kluge Wahl? Also, nein. Aber gut, hat er wahrscheinlich nicht so erwartet, ne? Weil die Picks und Bans sind ja vor dem ersten Game passiert. Deswegen, ja, muss er jetzt natürlich mit dieser Map Vorlieb nehmen. Aber, ja, mal gucken. Der Leon wird jetzt wahrscheinlich echt einiges an Wut im Bauch haben. Sieht man jetzt auch beim Creeping, da wird wirklich gemicrot, was das Zeug hält. Der Peasant, der draufgegangen ist, der wurde gleich mal gekillt. Also keine Experience-Punkte hier für Franzyzz. Schön nochmal Militia-Form eingesetzt, um den einen Peasant zu saven. Der läuft aber jetzt ein bisschen weit raus. Wird der nochmal denied? Nein, diesmal wieder nicht denied. Der geht an den Franz, an den Kaiser. Aber dafür hat der Farsi ja ordentlich Hits einstecken müssen. Der ist schon unter 50% seiner Hitpoints. Und das schränkt seinen Bewegungsspielraum natürlich deutlich ein hier im Early Game. Jo, das ist nicht ideal, aber mal schauen, was man draus macht. Level 2 für den Archmage natürlich. Und Footmen bewegen sich zur Expansion. Das hat Franzyzz gescoutet. Ob es da dann auch eine Expansion gibt auf Twisted. Oh, weckt die Creeps auf. Die werden jetzt nicht so viel Damage machen, aber dann haben sie zumindest mal Bloodlust. Und das ist dann ein Bloodlust mehr, als man sonst kriegen würde während des Creeps. Und das ist schon ein bisschen problematisch für einen Human, gerade wenn Milizen ein bisschen genervt wurden. Wolf auch in der Main hat einen Peasant gekillt. Ein Wolf alleine in der Main. Okay. Ja gut. Militia machen sich jetzt auf den Weg hier nach rechts unten zur Goldmine. Das wurde aber gescoutet von Franzyzz. Ja, deswegen werden die jetzt auch gleich mal wieder zurück in Microde. Leon ist am Creepen. Die Vampiric Aura hilft ihm natürlich jetzt enorm, wenn er mit seinen Footies da unterwegs ist. Also da kann er ordentlich die Spots angehen, ohne wirklich viele Hitpoints zu verlieren. Auf Seite von Franzyzz sehen wir wieder den TC als Second Hero. Sehen das nächste Orkborough noch kein Tier 2 Building. Und ja. Anscheinend war bleibt bei Handhattern. Anscheinend war es auch einfach die Leiche von davor. Sorry, war ich ein bisschen zu excited. Aber gut, dann sind es halt 2 Worker und nicht 3. Was macht das schon? Archmage Level 3, speaking of 3. Der, braucht halt irgendwie Healing, denn Shadow Priest wäre ideal, aber, also Franzyzz nimmt die Einladung halt dankend an, ne? Mit TC, mit Double Beastery, mit vielleicht ein paar Wyvern, dann direkt Raider rein. Und Leon, da steht halt kein Turm, da steht keine Town Hall, da steht nix. Ne, da steht momentan noch absolut gar nichts. Jetzt kommt hier der erste Tower. Währenddessen ein Footman in der Ork-Basis sich da ein bisschen umguckt, sieht natürlich das Double Beastery. Ja, also das war jetzt aber auch, glaube ich, so ein bisschen dieser vermeintliche Attack, sage ich jetzt mal, auf die Echse, die so ein bisschen, erstickt wurde im Keim durch den Low HP Farseer. Jetzt versucht er sich da halt irgendwie wieder ein bisschen reinzuwieseln, währenddessen der Level 3 Archmage sich in die Ork-Basis begibt, sein Level 2 Watermantle. Die machen schon ordentlich was her, vor allen Dingen gegen diese Burrows. Mal gucken, ob er da jetzt hier was reißen kann. Da ist kaum Defense. Ein bisschen Repair.
Water Elemental wird auf jeden Fall eine Weile brauchen hier. Ich weiß nicht, ob das reicht. Es gibt Raider, aber die sind natürlich auch nicht so die Fighter. Da wird Leon auf jeden Fall das erste Mal gut Damage machen und die Echse steht auch gleich. Franzyzz geht wieder auf die Worker, das kennen wir von ihm mittlerweile. TC kommt nach Hause. Bisher hat das Repair sehr gut funktioniert. Aber natürlich, wenn man Double Raider spielt, dann kein Purge. So ist es, kein Purge und demnach sind die Watermetals sehr gut. Jetzt beinahe den Surround hier auf den Archmage. Hätte natürlich noch den Staff of Teleportation gehabt, also da wäre er auf jeden Fall rausgekommen, denn Ensnare ist noch in der Pipeline. Farsi hat probiert noch ein bisschen was zu killen an der Echse, konnte tatsächlich nur einen einzigen Peasant holen, also wenn wir uns die Experience-Punkte auf dem First Year anschauen, das ist nicht so weltbewegend, der Surround ist wieder nicht zu. Okay, unten wird jetzt weiter gefightet, die Watermentals langsam aber sicher segnen sie hier das Zeitliche, gibt keinen Deny mehr, Leon hat es probiert, aber das war bisschen zu spät. Wie sieht es mit dem Snare aus? Braucht noch eine Weile. Also da ist Leon jetzt erstmal safe in dieser Situation. Seine Echse läuft. Er ist immer noch auf T1, holt sich jetzt die Lumbermill, um seine Holzekonomie ein bisschen zu pushen. Es gibt einen Scout Tower in der Basis, weitere Tower an der Echse und auch gleich nochmal einen Shop hinterher, denn dessen vor der Ork-Basis weiter fleißig gefightet wird. Jetzt aber mit den Snare. Und mit Level 2 TC. Bin gespannt, ob Shockwave oder Storm. Die Footmen, die haben sich jetzt lange genug ausgeruht da an der Echse. Die hatten eine schöne Zeit, haben da ein bisschen aus dem Turm geguckt und den Peasants beim Arbeiten zugeschaut. Jetzt müssen sie selber wieder ran. Währenddessen hier noch einer flüchtet vom großen bösen Wolf. Und Franzyzz hat Pillage in der Pipeline, will natürlich gegen expandieren. Das hat auf Springtime nicht geklappt. Das hat aber auch seinem Erfolg nichts abgebrochen. Er braucht nur Level. Ja, er braucht Level und die holt er sich jetzt auch tatsächlich. Findet auch ein schönes Item, Pennon of Energy. Gibt's für den Tauren Chieftain. Und ja, ich muss sagen, schönes Building Placement jetzt hier von Leon mit den Farms und der Blacksmith. Der baut jetzt seine Echse erstmal zu, also macht sicher, dass da die Raider nicht so einfach reinlaufen können. Währenddessen das Merc Camp natürlich wird gecreept. Auf 6 Uhr. Da holt sich Leon die nächsten Experience-Punkte. Talisman of Evasion, Boots of Speed, der Staff, immer noch Scroll of the Beast und die Scourge Bone Chimes, die ihm hier wirklich einen sehr, sehr guten Dienst erweisen. So ist es. Ein bisschen HP und das die ganze Zeit. Das wird irgendwann zu viel HP. Leon hat auch viel Gold. Hat leider nicht viel Holz, hat aber den Tag angeschmissen mit Masonry. Also langsam geht's hier voll auf Anti-Lame. Mit Towern, mit Masonry, mit Wall-Off, mit was auch immer da noch kommt. Vielleicht Griffins oder so down the road. Leon, alle Register, die irgendwie zur Verfügung stehen, die werden jetzt gezogen. Ja, und bei Franzyzz geht es genau in die andere Richtung. Der holt sich nämlich das erste Attack-Upgrade für die Raider. Und ja, oh, jetzt wird die Human Army hier ein bisschen gecreept. Chain Lightning kommt rein, kriegen wir einen Kill. Einen Footy gibt's, okay. Und ja, die verbleibenden Creeps gehen hier ebenfalls nochmal an Franzyzz. Der holt sich eine Scroll of Healing, zweite inzwischen bei ihm. TC, sauber ausgestattet mit dem Belt of Giant Strength und den Gauntlets. Das heißt, sehr, sehr viele Hit Points, Pennon of Energy, sehr viel Mana. Also der Junge kann auf jeden Fall was reißen. Und ja, jetzt checkt Franzyzz erstmal die Echse und sieht, da wird nicht so viel gehen. Aber mal gucken, ob er es trotzdem probiert. Ja, das wollen wir mal sehen, was hier so passiert. Mit Shockwave kann man immerhin die Worker die ganze Zeit killen. Und Leons Tag ist halt so unfassbar spät. Wir sind 10 Minuten im Game und der ist 60% im Tier 2 Tag. Also alles auf Tier 1 gesetzt. Franzyzz, der haut eine Shockwave raus, dann haut er nochmal eine Shockwave raus. Und also Spoiler Alert, aber der haut gleich nochmal eine Shockwave raus, weil der Arcane Tower da nicht in Range ist. Das Building Placement nicht ganz ideal. Und Feuer frei. Jo, der macht einen auf die bekannte deutsche Band da. Aber Leon auf der anderen Seite wieder zur Great Hall. Kriegt er die noch gecancelt, ist die Frage. Könnte Franzyzz abbrechen? Es ist eng. Aber das Ding steht wahrscheinlich und dann kann man da halt hintippen. So ist es. Und langsam aber sicher geht auch der Wall-Off drauf. Und wie sieht es mana-technisch aus? Der TC. Oh, er hat den TC nicht gefokust. Oh nein! Leon! Ja, das tat so richtig weh. So viele Worker kaputt. Die Echse steht. Die Water Elementals machen nichts gegen fertige Gebäude. Der TC mit einer Speed Scroll, wenn da ein Raider vorne wäre, holla, dann wäre der Archmage auch weg, weil der hat kein TP. Versucht nochmal ranzukommen. Er ist ein bisschen schneller. Archmage hat aber Boots.
Von daher sollte er safe sein. Ich glaube, ich habe in der Geschichte vom Dach-Inferno... Oh, der Raider! Oh, der hatte die Animation schon dran. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Invis. Endsnare. Warte. Der ist visible. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Okay. Ich habe Leon noch nie so gesehen. Noch nie. Eieieiei. Das ist jetzt hier schon mal echt eine Hausnummer. Die Raider sind natürlich angeschlagen, aber wir haben halt 2 Heal Scrolls, ne? Da muss er jetzt aufpassen, Franzyzz, dass er nicht so einfach planlos reinläuft. Es ist halt auch momentan kein Mana auf den Helden, ne? Zeppelin. Ja, das erste Chain Lightning kommt. Auch so, das Ensnare auf dem Zeppelin. So, ja klar, warum denn nicht? So, aber es ist so ein kleines Zeichen, weißt du, so, ich weiß, was du machen willst. Ich lass dich das einfach nicht machen, was du machen willst. Und jetzt ist der Archmage hier und da sind 3 Raider. Er hat die Invo Potion und den Staff. Der ist... Der Rot. sollte weg sein, oder? Also Surround und fertig. Yep. Ja. Oh mein Gott, was passiert hier, Fischer? Das ist eine sehr gute Frage. Leon hat noch 700... Triple Griffin Airy. Ja, das passiert hier. Tier 3 ist gleich durch. Invul natürlich auch weg dadurch. Also, Franzyzz muss natürlich irgendwann scouten, dass hier 3 Griffin Aviaries kommen. Das sollte er gemerkt haben, dadurch, dass keine Rifle und keine Caster dabei sind. Aber Franzyzz, ey, der führt den hier fast vor. Also, normalerweise müsste Franzyzz, also würde ich jetzt einfach mal sagen, sich noch ein drittes Beastery holen, wenn er dann irgendwie gegen die Griffins dann vorgehen will und vielleicht noch einen Alchemisten mit Acid Bomb als Third Hero. Aber, naja, wie gesagt, so weit sind wir noch nicht, denn die Ork-Armee... Ach, der wird sich jetzt nicht wieder einen Zapper holen, ne? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Doch klar. Und er creept's nicht mal, er holt sich den einfach. 400 Gold, Double Zapper, ja klar macht er das. Feier. Das ist das 3. Game von Franzyzz heute, wo er Zapper einsetzt. Und da sind zwar Farms, da kommen die Raider nicht durch, aber dann kannst du halt mit Zapper alles aufjagen. Bumm. Nummer 1. Und, okay, er kriegt hier ein bisschen Surface Area und jetzt Raider drauf und... Chain Lightning Shockwave, ja. GG. Boom. Ende, Gelände. Franzyzz holt das Ding und Leon... Ich dachte, er lief sofort, aber... Was ist denn... Was passiert hier? Ja, was machen Sachen? Also das ist überraschend. Und ich habe Leon, ehrlich gesagt, in einem Competitive Game noch nie tilten sehen. Und das ist jetzt hier ein First. Und Franzyzz liefert halt auch einfach genau das, was Leon im Chat bestellt hat. Und das ist auch ein bisschen die Ironie daran, ja. Ja, klar. Also wenn du so eine Einladung kriegst im Winner-Bracket-Finale und dein Gegner dich wissen lässt, dass ihm das gerade auf den Nerven geht, ja, dann einfach Double Down, Triple Down, immer noch mehr. Und, ja, es war eine Einladung. Also ganz klar, was war... natürlich spielt man dann so. Ist der Franzyzz krass. Da geht die erste Map los und Leon hat so die perfekte Antwort. Zu allem. Mit dem Mountain King, ein Headhunter nach dem anderen, ist so 7 Meilen vorne. Und Franzyzz hat aber auch da irgendwie die Antwort. Ja, das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist im Chat -Zoom 1992. Das wäre jetzt die Krone. Was bedeutet das für Leute, die nicht so in der Lore sind? Das ist, glaube ich, Leons Zoom-Level, ne? Ja, genau. Und also manche Leute geben halt immer das Zoom-Level im Game ein. Und ich denke, manch einer wird davon sehr genervt sein. Jetzt, okay. Weißt du, was jetzt noch die komplette Eskalation wäre? Wenn es jetzt einen Pogi-Tower-Push gibt. Oh mein Gott. Das wäre wild. Dann muss ich, glaube ich, heute die Stadt verlassen. Ich will da nicht in derselben Stadt sein wie Leon.
Franz ist gerade noch mal kurz AFK, dann kann es dir gleich losgehen. Aber ja, wer hätte denn gedacht, dass Franzyzz in einer Season DACH INFERNO 4-0 geht gegen Leon? Leon hat alles dominiert. Seit Erfindung dieser Liga. Und jetzt kommt der Kaiser. Und es gibt einen neuen Sheriff in Town. Piu, piu, pum. Und der wirft Speere und hat keine Rifle in der Hand. Ja, der hat auch große Säbel. Und jetzt. Und er hat Ausdauer. Und das auch noch. Und ich weiß nicht, ob es Absicht ist von Franzyzz, aber jetzt nochmal kurz, weißt du, vom Stuhl aufstehen, nochmal kurze Pause, nochmal was zu trinken holen. Oh, und Leon, go, 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 go. Ready, wenn ihr seid. Ja, Franzyzz ist, wenn er Fußball spielen würde, würde der eine 30 Minute auf dem Boden liegen und einen Krampf haben. Er ist aber auch so ein Inzaghi, weißt du, macht das die ganze Zeit, aber wenn er irgendwo richtig zu stehen hat, dann steht der halt auch einfach richtig. Ja. Und wenn er falsch steht, dann justiert er seine Position und locht nicht ein, sondern schießt ihn trotzdem rein, das wollte ich sagen. Ups. Aber ja, ich bin gespannt, was jetzt hier geliefert wird. Mal gucken, ob die Bestellung dieses Mal nicht ankommt. Oh weia, Leon unter Zugzwang, er muss 3 Maps gewinnen gegen Franzyzz und das war schon hart genug. Er hatte riesen Vorteile in allem, also in zumindest Game 1, Game 2 war ein ziemliches Desaster von Anfang an mit der späten Echse und dem späten Tag. Kriegt er jetzt nochmal sein A-Game raus? Ist wahrscheinlich erstmal die größte Frage, die wir uns hier so stellen müssen. Oder wird so ein Game wie auf Twisted? Wenn man so in die Player-Cameras guckt, dann spricht das eine deutliche Sprache, aber Leon ist natürlich auch Schauspieler. Mal gucken, was wir hier für einen Actionstreifen geliefert bekommen. Matchpoints, Franzyzz. Yo. Und ich denke, Leon, vielleicht hat er im zweiten Game einfach den Ingame-Sound ausgemacht, Enya draufgeballert, ein bisschen Orinoco-Flow auf Repeat und ist jetzt hier mental prepared für das dritte Spiel und zeigt uns jetzt mal, wie der Hase läuft. Das hoffen wir doch alle. Wir wollen das volle Best of 5. Leon braucht ein Comeback. Bisher ist noch kein Spiel zu 0 ausgegangen. Was wäre denn das für eine Aussage für morgen, wenn das hier 3-0 ausgeht? Da wird einiges an Arbeit zu tun sein. Jetzt allerdings erstmal frischer Start auf Tidehunters. Ganz, ganz andere Map als das, was wir vorher gesehen haben. Viel kleiner, viel einfacher zu überwachen. Und ja, gerade Twisted natürlich lädt es zum Leben ein. Diesmal keine Chat-Nachrichten am Anfang des Games. Oh, doch. GLHF, das war's. Beide sehr fokussiert, kein Trash-Talk. Teddster wurde ausgewechselt. Und, oh wow, ich habe gerade bei Franzyzz einen Burrow-Trick gesehen, damit er schneller das Holz an der Main hatte. Das war ja auch spannend. Ja, alle können das Replay gerne schauen, um das nochmal zu sehen. Und sehr schneller Tech. Ja, extrem schnell, dann aber trotzdem noch mit Headhuntern danach. Ja, die willst du ja zum Creepen haben, gerade auf Tidehunters kann man mit Headhunter super creepen. Und der Mountain King, der das eigentlich unterbinden soll, der wird sehr, sehr spät sein, weil Leon hier wirklich super safe spielt. Er macht einen Arcane Tower, er hat 3 Farms, 4 Footies kommen jetzt. Archmage noch Level 1, gutes Item gefunden. Alrighty. Kriegt er den Wolf? Nee, natürlich auch nicht. Das sollte auch im Early Game nicht so wirklich passieren. Bisschen Schlagabtausch, so wie man es kennt. Es sollten aber alle Tech-Timings doch wieder ein bisschen näher an der 5 Minuten, 6 Minuten Marke sein als an der 9 Minuten Marke. Leon mit 3 Farms, wie du gesagt hast, holt nochmal Militia. Und kriegt jetzt sein Level 2. Genau, er hat jetzt das Holz für den Tech. Er wird jetzt warten, bis er 320 Gold hat, dann den Knopf drücken. Wie ist das Timing bei ihm? Ja, 3-4 Sekunden zu spät vielleicht. Aber gut. Ist noch im Rahmen. Aber Franzyzz einen halben Tech vorne. Und das ist schwierig, weil er kann dann auf jeden Fall Level 2 mit dem TC creepen. Er fast ja ein bisschen in Trouble gerade. Ja, kostet aber Militia Time. Und der Shop ist fast fertig. Das heißt, er kann sich heilen, wenn er nach Hause reitet. So ist es. Bei Franzyzz weiterhin alles on point. Jetzt natürlich gleich die spannende Frage, was er mit dem Tier 2 macht. Ob das schnelle Schamanen werden
ob er wieder auf Raider geht Town is under siege. oder ob er weiter das One-Trick-Pony bleibt, natürlich. Archmage hat noch nicht so viel gerissen. Immerhin die Brilliance Aura, die wird jetzt helfen. Footman in die Base, verfolgen den Farseer, der kann sich aber trotzdem nochmal entspannt heilen. Zumindest bis der Archmage hier auftaucht. Und der hat sich wieder den Mobility Boost gekauft. Mit den Boots am Start. Ah, die Trades sind aber jetzt nicht so nice. Ja, Archmage muss auch ein bisschen aufpassen. Franzyzz manövriert sich hier gut durch diesen Hero-Focus-Versuch. Ja, das sieht gut aus soweit. Alles, was surrounded werden soll, glitscht da nochmal irgendwie raus. Die Heilung wurde abgebrochen, natürlich. Und Leon will so ein bisschen mit Microflexen, habe ich gerade das Gefühl. So die Blocks, die Surrounds, alles wird angesetzt. Das ist auch immer ein bisschen Chip-Damage. Aber ob das jetzt das große Ganze verändert, das werden wir im Midgame sehen. Ja, ist vielleicht nicht die richtige Zeit zu flexen gerade. Aber mal gucken, was er mit Defend-Footies jetzt hier in der Mainbase anrichten kann. Kein Grunt bei Franzyzz. Er hat nur die Wölfe als Piercing, als Normal Damage, um die Footies gut zu verteidigen. Starkes Zoning auf dem Archmage. Auf dem Farseer. Letztes Game war das Repair richtig, richtig gut. Diesmal kriegt Leon einen Headhunter in der Base mit einem 3-Unit-Surround, geht weiter drauf aufs Beastery. Das ist natürlich die große Lösung des Problems. Wenn es kein Beastery gibt, dann gibt es auch keine Raider. Archmage ein bisschen in Trouble. Shockwave, ja, eventuell könnte die skillen, wenn er in Range ist, Hitpoint Range. Aber nee. Alter, und das Beastery kriegt er nicht. Das kriegt er nicht. Der hält das schon wieder. Trotz zweiten Water Elemental. Ja, die Headhunter fallen. Er kriegt aber die Headhunter, ja. So ist es. Und den dritten kriegt er auch noch. Das ist okay für Leon. Er fällen aber... Oh, nee, doch, es fallen 2 Footies mindestens. Der andere muss nach unten rauslaufen. Macht er nicht. Ja, kommt vielleicht raus. Wilder Schlagabtausch. Wilder Schlagabtausch. Wir haben die Shockwave confirmed, aber natürlich auch viel Mana eingesetzt, um das Ganze hier irgendwie in seichte Gewässer zu bringen. Leon, Ring Around the Rosie, versucht nochmal reinzugehen, aber da ist nicht mehr viel, was er holen kann. Burrow. Vielleicht ist Burrow, genau. Mountain King kommt jetzt auch. Und, ja, kein Endsnare im Moment bei Franzyzz. Baut den zweiten Raider vor dem Endsnare-Upgrade. Kriegt jetzt hier. Man braucht halt was, um auf Gebäude drauf zu hauen, ne? Da muss man mal einen zweiten Raider in die Bresche schmeißen. Bei Leon übrigens Tier 2 durch, Mountain King, Rifle, Caster, wie schon in den ersten Games. Und gerade das erste Game war ja sehr erfolgreich, von daher, warum nicht? Sollte Pillage einen Indicator haben an den Units, damit man ein Zeichen setzen kann. Ja, ähnlich wie das die Hunts haben, weil dann könnte man hier jetzt einfach Pillage researchen und damit den Gegner noch ein bisschen mehr triggern. Ja, gefällt mir, wie du denkst, Das würde einigen Leuten sehr viel Freude machen. Razorman zum Beispiel, ja. Ja, genau so. Wir haben eine Devotion Aura, das wäre in Fights natürlich sehr, sehr gut. Ist natürlich die Frage, ob Franz und Leon da irgendwie nochmal einen Fight gibt. Es gibt eine Expansion auf 12 Uhr, das sollte Leon wissen. Der arbeitet aber weiterhin am Level 3 Archmage, da fehlt es noch ein bisschen. Und währenddessen schnappt sich Franzyzz den Shop. Ja, sieht ein bisschen mehr nach einem Standard-Game aus hier. Es ist, glaube ich, die Zoin-Variante ohne Shamans zu spielen mit der normalen Echse, mit Farseer TC, soweit ich das in Erinnerung habe. Und das kann jetzt in dem Moment, in dem wir gerade sind, sehr tricky sein, weil Leon halt noch low ist vom Early Game. Ja, der Archmage, der muss wieder ein bisschen was fressen mit Ensnare auf den Hero. Wir haben eine Shockwave, Chain Lightning und da kommt... aufpassen, Stormbolt, maybe. Hat da alles angeschlagen. Town Portal, aber weg. Ja, und das war wieder ein guter Trade für Franzyzz. Er kriegt die Shop Control, die Invo Potion und die Scroll of Healing. Und der TC hat die Scroll eingesetzt gerade, um zu überleben. Oh, ja, vielleicht, ja, wird er überleben? Das ist die große Frage. Ja, mit Invoport hat er auch gehabt. Das heißt, er hätte auch noch den nächsten Stormbolt dodgen können. Und jetzt kann Leon aber die Echse canceln. 60%. Da ist noch einiges an Piercing Damage, aber Archmage, ja, okay, zieht sich zurück, splittet die Armee. Halbe Armee geht creepen für Level 3, die andere Armee klopft auf die Great Hall ein, das sollte klappen. Und damit kann Leon immer eine Armee aufbauen. Ist ein bisschen Supply-blocked, arbeitet aber auch schon an der Farm. Langsam die Frage, ob das reicht hier für das Canceln. Warte, Leon zieht sich zurück. Der muss da eingreifen. Franzyzz kommt von links. Die Echse steht. Uff. Oh mein Gott.
Ja, die Raider wieder, ne? Es sind die Raider. Immer wieder. Und die Militia kommen. Boah, das ist knapp. Leon spielt mit dem Lower Bracket hier. Er muss diesen Fight mal übertrieben ownen. Franzyzz ohne Speed Scroll. Das ist ein Fehler aus meiner Sicht. Wenn gleich die Sorg kommt, kann er sehr viele Raider rausnehmen. Das reicht meistens schon Mountain King. Shockwave war nice, aber natürlich nur Level 1. Water Elemental wird hochgesendet, um die Peon-Line zu harassen. Ganz nett. Mountain King aber surrounded gleichzeitig. TP. Die Kuh macht die Tür zu. Kriegt er nochmal was raus? Er hat einen TP. Er will das so lange wie möglich rauszögern. Er will natürlich weiter pushen. Ob Franzyzz das zulässt, ist die Frage. Sustain ist da, die Priests sind am Heilen. Archmage. TC? Archmage, TC, Invo Potion, Archmage 7 Trouble. Sekunden. Kriegt er noch mal irgendwie mehr Damage? Der TC kann TP. ruhig fallen. TP übergeben. TC könnte down gehen. Stormbolt, 10 Mana. Ah, kriegt er nicht. Aber Franzyzz hält die Echse. Klar Ja, ist da jetzt aber alles angeschlagen, aber... Ja, Leon kann Rego machen. Mana Potion hat er nicht gekauft. Sollte er machen. Hat keinen Shop. Kann er nicht machen. Autsch. Kann er nicht. Upsi, wupsi. TC muss sich heilen. Oh, der geht einen ganz komischen Weg. Muss nochmal zum Shop. Kein Aber- Defense. Er hat die Potion of Lesser Invulnerability weggekauft aus dem Shop und auch die Scroll of Healing. Und das ist halt dieser kleine Moment oder dieser kleine Geistesblitz, der hier das Spiel wenden kann. Weil Invo Potion bei Orc Human TC vs. MK ist so das Schindlein an der Waage. Nächster Stormbolt. Wieder drauf auf die Helden. Zement-Upgrade kommt auch, aber wir haben keinen Burrow. Headhunter legt sich mit Leon nein. und mit Creeps gleichzeitig an. Ja, jetzt ein Shop. Er baut erst einen Tower, das halte ich für einen Fehler. Er sollte, glaube ich, eher den Shop bauen, weil der auch zonen kann. Und auch Pathing blockt. Und wenn er jetzt den Tower ausbaut, dann hat er fast kein Holz mehr. So ist es. Franz hat Ah, hier hat die aber noch. wildesten Games irgendwie nochmal gewonnen. Wir haben ein bisschen Mana. Mountain King hat Probleme, hat keinen Staff, kriegt einen Chain Lightning ab, Shockwave Invis! Und kriegt da sogar ein bisschen was vom Schaden gedodged. Nice. Und jetzt hat Franzyzz kaum noch Mana. Jetzt hat Leon Zugriff. Keine Firewall mehr im Weg. Die Sorg blockt die Peons und die können nicht durchlaufen. Das Uiuiui. wird Level 4, Level 3 werden, hä? Oh, nicht ganz. Aber immerhin Level 3 Stormbolt jetzt richtig stark. Franzyzz wieder am Shop. Hat hier noch 700 Gold. Das ist relativ viel. Town Portal und Heal Scroll. Und weißt du, was jetzt passiert? Jetzt geben wir Und den jetzt Fight auf. geht's Richtung Süden. So, ab in den Süden. Den Raidern hinterher. Ey, yo, was geht? Der Mainbase entgegen. Und Leon hat das Lab gecreept. Also ich sag mal so, Zepper sind da. Ja, das ist hier Lapstick. Obwohl, ja, der war nicht so gut. Aber ja, Leon möchte jetzt den Base Trade nehmen. Gucken, ob er TPen wird. Hat nur 3 Snares, hat genug Peasants, um das zu defenden. Oh, der MK ist zurückgelaufen. Okay, okay. Der Kuh geht's gar nicht so gut, aber der MK, hat der einen Staff oder so? Der hat nix. Nö, der hat Oh, fast den TC gekillt und jetzt geht's TP. drauf. Town Portal TP-Swap. dagegen. Und den Ja, Raider verliert mitgenommen. Raider. Und die Echse gekillt. Und fast den Headhunter auch noch. Also, ich will mich jetzt ja nicht so weit aus dem Fenster lehnen, nach dem, was wir hier heute gesehen haben. Aber das muss Leon doch haben. ja. Also ich würde, ja, diese Lumber Mill ist auch eine Trotzreaktion. Ne? Er macht auch das Improved Lumber Harvesting, also Leon sieht hier jetzt alle Register. Ja, da kann man noch ein bisschen Masonry hinten dran schmeißen, ist klar. Arcane Tower vielleicht sogar ein bisschen weiter nach vorne als im letzten Game, damit die Kuh auch mal getroffen wird. Das war wichtig. Oh, ist das wichtig. Und ich glaube, mit 900 Gold kann man auch ein DP kaufen, macht er auch. Die Scroll könnte er sich auch noch gönnen. Mountain King scoutet jetzt sogar unten links den großen Turtle-Spot, nur um sicher zu gehen, dass Franzyzz da nicht irgendwie hingekommen ist. Sicher ist sicher, ja. Ja, Nicht, so dass wir ist hier noch ein Toxi-Game kriegen. Franzyzz ist ein Fuchs. The town is under siege.
Ein Fuchs, der sich windet, ja. Fast ein Aal. Liegt ganz dicht beieinander. Elektrisierendes Gameplay auf jeden Fall von ihm. Er hat Franzyzz ein ist Level hier 3 noch- TC. So ist es. Franzyzz ist hier noch busy mit dem Red Spot. Das hat ein bisschen gedauert, aber auch Talisman gar nicht so verkehrt. Leon mit der nächsten Kontermaßnahme mit dem Workshop. Er weiß natürlich, okay, auf Springtime, da hat mich der Zeppelin-Drop auseinandergerissen. Das soll nicht nochmal passieren. Es gibt wieder Gyrocopter dagegen. Hoffentlich haben die Augen offen. Ja, und das, was Kevin im Chat schreibt, Franz bleibt drin, so geil. Das sehe ich auch so. Das ist halt einfach jetzt noch Mindgames. Weil Franz kann sich halt zurücklehnen. Er hat jetzt hier vielleicht die Perspektive auf diese Map verloren, aber er hat halt noch weitere Versuche, um Leon in den Wahnsinn zu treiben. Und das hier ist auch Leons Loser-Choice. Also mal gucken, was Francis sich dann gönnt, falls er hier verliert. Ja, Twisted ist ja schon raus. Von daher, den Albtraum muss Leon hier nicht nochmal mitmachen. Er verliert die halbe Base. Albtraum. Das ist der Wahnsinn. Er verliert die halbe Base. Ist komplett egal. Wir haben eine Sorceress zu Hause, um da die Raider ein bisschen zu slowen. Und wie hat Franzyzz überhaupt hier noch Worker? Sieht nicht danach. Okay, 3 noch. Und TP getradet. Ja, aber okay, er hat einen Raider dafür bekommen. Ist fein. Ich denke, das ist dann insgesamt besser für Leon. Wie viele Peasants hat er noch? Die sind alle low. Die haben auch überlebt. Priests können jetzt hier erstmal, ja, Krankenhaus spielen. Und jetzt geht's wieder an den Shop. TC hat Invopod. Scroll für Leon wäre, denke ich, gute Investition. Franzyzz ist so Omega Supply blockt auf 29. Das ist so, also, das ist schon ein bisschen frech, dass er hier drin bleibt. Aber natürlich, so wie die Series war, na klar bleibt er drin. Aber Leon hat eigentlich alle Register gezogen, so dass Map 1 nicht nochmal passiert. Wie viele Pfeile hat Franzyzz noch im Köcher, ist dann die nächste Frage. Es sind nur 3. Oder ist er Legolas? So, mit dem magischen Köcher. Ja. Mountain King ist wieder am Start. Jeder Stormbolt sollte ein Kill sein. Scroll, aber der kriegt den Raider bestimmt noch. Ja. Oh, doch nicht. Okay, ich dachte, das würde reichen, weil er sich nochmal für das Endsnare gedreht hat. Mortal Metal scoutet, ob es da nochmal einen Expansionsversuch gibt, aber dem ist nicht so. Franzyzz hat 3 Peons am Gold. Schon seit einer Weile, weil er einfach auch keine Peons nachbauen konnte. Die Invis-Plays von Leon sind super. Jetzt sieht Franzyzz natürlich, ja, die Invo-Potion ist weg. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich habe kein Reveal. Das ist noch ärgerlicher. Und Leon creept ein bisschen. Drückt weiter drauf. Frage ist, will er jetzt den Sack irgendwie zumachen? Wenn ja, wie? Immer wenn er einen Step aus seiner Mainbase geht, ist dieser verdammte Ork wieder da. Ja, aber der MK bleibt ihm auf den Fersen, indem er unsichtbar ist und hinterherläuft. Dadurch hat er natürlich ein viel besseres Gefühl, wo Franzyzz ist und kann die Lames besser abwehren. Und aktuell sind die Trades für Franzyzz nicht gut, weil er immer irgendeine Unit verliert, sobald er in Leons Mainbase-Bereich kommt. Leon, das ist so ein bisschen wieder Map 1, Leon. Alles wird richtig gemacht. Und jetzt ist die Frage, ob wir den Map 1 Franzyzz finden, der irgendwie wieder was auf Lager hat. Soweit bin ich hier ein bisschen pessimistisch. Gerade auch, weil jetzt so die ersten Fehler passieren. Da kommt der Raider in die Creeps. Leon ist direkt da. Das ist ein bisschen anderer Leon, oder? Lässt sich nicht mehr triggern. Gibt ihm keinen Raum wirklich zur Entfaltung. Mountain King, ein Hammer nach dem anderen. Sieht stabiler aus. Ja, liegt vielleicht ein bisschen an der Map. Weiß ich nicht, müsste man nochmal Replay von Map 1 schauen vielleicht, aber creept ihm jetzt auch den Spot weg. Archmage ist auf dem Weg zu Level 5. Und Mountain King auf dem Weg zu Level 4. Und jetzt geht's wieder in die Base von Leon. Da kommt der Gyrocopter. Wollte vielleicht den Arcane Tower ein bisschen reparieren. Und Leon kann jetzt wieder einfach TPen und einen Raider mitnehmen. Hat Franzyzz hat wieder keine Speed Scroll. Oh, die Peasants werden zurückgemicrot. Kein einziger Worker down. Nicht mal der Tower fällt. Oh ja, langsam wird es hier bitter für Franzyzz. Und dann ist natürlich auch irgendwann die Frage so, wann macht einem selbst keinen Spaß mehr? Ja, Franzyzz hat die Ausdauer-Aura.
Level 2. Vielleicht eher sogar Level 3. Er hat Level 4. So wie er spielt. Mit seiner Herkunft aus dem 4 gegen 4. Nicht ganz abwegig. Und da ist er doch, der Zeppelin. Na klar. Oh, Mountain King. Der Mountain King ist auf einem guten Weg. Oh, der Zeppelin könnte halt mit Slow super abgefangen werden. Lädt den TC aus, damit der Zeppelin von der Aura profitieren kann. Leon hat 1000 Gold, kaum Holz. Und Leon predicted das einfach. Er guckt, schau, wo der Mountain King steht. Er hat irgendwas schon gemerkt, dass das im Busch ist. Und jetzt, was passiert jetzt? Boom. Stormbolt auf dem TC. Und jetzt muss halt der Zeppelin irgendwie zurückkommen, um den zu saven. Er hat eine Invoke Dadurch Potion. kann der Zeppelin... Ja. Zeppelin. Fokus! Wenn er down geht, wird es GG sein. Vermutlich. Oh, Speedscroll. Oh, der Dodge. Schöner Dodge! Holy shit, da hat er drauf gewartet. Jetzt kommt der Zeppelin von links. Das hätte auch noch böser ausgehen können hier. Franzyzz auf 36 Supply. Das muss es doch sein, Leon. Wir haben einen TP. Das wird dann wahrscheinlich auch gleich wieder gezogen. Ich glaube, hier wird noch kein GG gecallt. Ich meine, Franzyzz hat immer noch 36 Supply. Das muss man erstmal noch wegmachen hier vorher. Und vielleicht muss die Base auch noch mal dreimal angehauen werden. Also, Franzyzz versucht viel, aber im Vergleich zu Game 1 klappt viel weniger. Mountain King holt sich das nächste Opfer. Wie viele Orkse hat der dieses Game zerstört? Es ist Wahnsinn. Das Ja, sind halt echt... das ist ein richtiger Gimli. So ist es. Leon, 1400 Gold. Mainbase hält noch 4 Minuten roundabout. Bei Franzyzz ungefähr 3 Minuten. Und Leon spielt es super safe. Er hat hier keine Lust auf... Wie war nochmal das Wort? Lame. Das ist zu einfach. Ich meinte ein klassisches Wort für komische Sachen. Oh, Weirdness. Anyway, wir haben jetzt hier einen getrappten Franzyzz. Der haut nochmal eine Shockwave raus. Da geht wieder ein Raider down. Also Franzyzz wird einfach hier... Der wird einfach ausgeblutet. Kapriolen, das meine ich. Kapriolen. Keine Lust auf Kapriolen. Das klingt so wie Tannenbaumschmuck, meiner Meinung nach. Ja. Früher mal wären die Wetter. Die Meta. Nee. Lametta. So. Franzyzz expandiert einfach, ne? 21 Minuten im Game. 17 Supply down. 3 Heldenlevel drunter. Aber da wird eine Echse gesetzt. Er hat sich gerade eben schon bei den Zuschauern entschuldigt nach der Series gegen Toxi. Da wird vielleicht nochmal eine fällig. Ich glaube, hier braucht sich niemand entschuldigen. Ich bin gut unterhalten. Das kann ich nur zurückgeben. Das geht mir mit dir oft so. Gerade wenn Leon und Franzyzz spielen. 1800 Gold übrigens mittlerweile. Nächster Stormbolt. Ja, das Endsnare bringt hier nicht so viel. Und tschüss. Sieht der Gyro? Ja, er weiß von der Echse. Ja, ne? Der wurde schon wegbewegt. Also hat es hier wirklich direkt gescoutet. Das weiß er. Kevin im Chat. Leon Franz Best of 7 Grand Final geht über 3 Tage. Ja, ob das noch mit dem Feierabendbier was wird heute für Leon, das ist die große Frage. KR hat eine Speedscroll, aber Mountain King wieder gleich ein Bolt. Ja, zu spät die Speedscroll. Der Bolt wird in Range kommen. Nee, macht er nicht. Versucht er gar nicht. Mountain King läuft einen anderen Weg. Möchte ihn hier abfangen. Echse wurde gecancelt. Das ist wichtig. Ist die Frage, ob Leon irgendwann nochmal selber eine Echse zieht, aber der hat halt auch noch eine Bank. 2400 Gold gleich. Das nächster Raider down. Also das... Ich kann bald hier die Benny Hill Musik einspielen. Ja, also Leon auch einfach kompromisslos auf Tier 3 jetzt. Da hat er keinen Bock, Supply zu brechen. Einfach auf Tier 3 gehen. Vielleicht nochmal Lumber Upgrade Level 2 researchen. Weißt du, was ich jetzt gern hätte? Tanks. Einfach um so ein Statement zu setzen. Einfach mal 3 Tanks. Mit Inner Fire. Wieso? Oder Seppa selber. Wie wäre das denn?
Das wäre explosiv, würde ich sagen, ja. Franz versteckt jetzt Franzyzz Burrows hier oben. Oh, der Burrow ist schon eine halbe Ewigkeit da. Ah, okay. Ja. Ja, hab ich nicht gesehen. Wahrscheinlich durch, während dem Tier 2 oder so. Durch den Harris, ja, genau. Ja. Okay, dann macht alles Sinn. Ja, das sind jetzt hier halt einfach Mindgames, ne? Ist jetzt die 70. Minute und es ist halt wieder Krampf. So ein bisschen. Und diesmal, er wollte wieder mit dem Zeppelin in die Base, genauso wie auf Springtime. Diesmal ist der Gyrocopter da und schon haben wir hier eine ganz andere Geschichte. Gyrocopter auch direkt wieder weg, aber Water Elemental kann noch ein paar Shots ansetzen. Oh. Mit der Zeppelin fällt es, glaube ich, Ende. Oh, Feuer! Das hat er verdient! Das hat er verdient! Oh, Leon! Get out of my game! Als würde er eine Fliege... Oh, Kopfschütteln. Wild. Emotionen. Das Finale. Boah. Wenn das hier nicht Entertainment auf hohem Niveau ist, weiß ich nicht, was es sein soll. Weißt du was? Es sind Emotionen dabei. Es ist Gameplay dabei. Mindgames. Mittlerweile bin ich froh, dass wir hier nicht auf LAN spielen. Teddster frohlockt bestimmt. Game 4, Fischi. Ja, Junge. Also, ich muss tatsächlich sagen, dass, also, es wurde jetzt schon ziemlich viel, also, da wurde schon viel gelamed jetzt oder sehr lange gelamed. Aber tatsächlich, ich glaube, das, was er versucht hat, war halt wirklich so dieses mit den Raidern, weil die Mainbase komplett zugebaut war. Der wollte ihn irgendwie so ausmanövrieren, dass er wirklich hinten in die Peasant-Line reinkommt. Und das hätte jetzt ganz am Ende tatsächlich fast noch funktioniert. Ich glaube, das war so sein Plan, den er noch irgendwie durchziehen wollte, dass er da vielleicht durch irgendein Wunder sich da hinten reindroppen kann. Weil dann hätte er richtig viel kaputt machen können, ohne dass Leon rangekommen wäre. Das war, glaube ich, jetzt so sein Strohhalm, an den er sich noch festgehalten hat. Nichtsdestotrotz ist natürlich wieder sehr stabil gespielt von Leon, wobei ich aber jetzt ehrlich gesagt nicht weiß, ob ihn dieser Sieg jetzt so wirklich beruhigt. Ich glaube, da ist immer noch ein bisschen, da ist ein bisschen Puls gerade noch. Alright. Fischi Game is up mit der 5 am Ende. Da wollen wir mal schauen. Es gibt jetzt diese zwei Möglichkeiten. Entweder Leon ist noch getriggerter als gerade eben sowieso schon. Oder jetzt kommt der Moment, wo das Ganze kippt und Franzyzz ein bisschen die Antworten ausgehen. Ich glaube, dazwischen gibt's nichts. Ja, es ist komplett wild. Also ich habe ja schon viel erwartet heute. Aber das habe ich tatsächlich ehrlich gesagt nicht erwartet. Deswegen bin ich fast ein bisschen sprachlos. Ja. Leon schreibt im Chat, auf die nächsten 30 Minuten. Ja, das gucken wir mal, ob es so viel geben wird auf Autumn Leaves. Und Sparta hat natürlich recht. Lame ist es eine Strategie, nicht mehr, nicht weniger. Hat er natürlich vollkommen recht. Und ja, das war jetzt ja nicht einfach nur dazu da, um Leon noch irgendwie weiter zu triggern, sondern er hat ja wirklich dann noch seinen Prozent Siegchance irgendwie gesehen und die wollte er ausnutzen. Und ja, mal gucken, wie es jetzt hier werden wird auf Autumn Leaves. Ja. 2-1 ist der Score. Immer noch Matchpoints natürlich für Franzyzz, der Kaiser aus Österreich. Will ins Grand Final. Er kommt dem Ganzen immer näher. Zumindest die ersten paar Series. Aber Leon is alive. Leon schlägt zurück. Kann er die Nerven nochmal 30 Minuten bewahren? Oder jetzt die erste Losers-Map von Franzyzz? Da kann es natürlich auch nochmal was ganz anderes geben. Freunde, es ist ein wilder Ritt. Es ist die 6. Stunde für uns alle. Let's go. Okay. Gut. Ja, Leon startet rechts oben auf Autumn Leaves. Beginnt mit dem Archmage wieder als First Hero. Links unten haben wir den guten Franz. Der setzt wieder mal auf den Farseer. Wir sehen aktuell keine Wormel, keine Barracks. Einfach nur ein paar Peons, die gequeued werden. Und
Ja, ich glaube, Anxiety hat im letzten Game auch angesprochen. Franzyzz hat das immer sehr, sehr, sehr schick gemacht mit seinem Orc-Borrow-Placement. Hier jetzt tatsächlich nicht, aber auf Map 1 und auch auf der letzten Map hat er schön gemicrot mit dem Orc-Borrow, um da ein bisschen die Lumber-Economy zu beschleunigen. Das hat sehr, sehr gut funktioniert tatsächlich. Also wenn ihr da mal ein bisschen euer Makro-Management verbessern wollt, schaut euch da auf jeden Fall mal das Replay dazu an. Wir sehen bei Franzyzz jetzt die Barracks, wir sehen die Warmel, also es wird hier auch die Headhunter geben und auf Seiten von Leon, da werden erstmal die Militia geholt und der erste Spot wird gleich mal angegangen. Jo, und ich glaube, ich bin dran, ne? Neck. Ich denke. Ja, Leon wieder 2 Farm-Tech auf Autumn Leaves. Das heißt, wird in sein alter Geist einholen aus Map 1 und wird Franzyzz hier nochmal wieder die gleiche Variante spielen. Ich bin gespannt. Ja, also emotional brechen könnte ihn damit wahrscheinlich. Ja, Wenn sie wieder Reverse den Raider Sweep gibt. von Leon wäre natürlich auch ein Banger. Das absolut. Ja, aber wie gesagt, Leon immer noch ein bisschen mit, also was heißt ein bisschen, ne? Mit dem Rücken an der Wand. Ein Map-Win für Franzyzz reicht, um ins Grand Final zu kommen. Leon muss noch zweimal hier siegreich vom Platz gehen, damit er diesen Spot sich holen kann. Ja, das angesprochen, 2 Farms, dann der Tech. Blacksmith kommt hoch, dritte Farm wird ebenfalls in Auftrag gegeben. Seiten des Orc-Spielers sehen wir den Tech auf Tier 2. Voodoo Lounge kommt mit dazu, weitere Headhunter in Produktion und das obligatorische Blitzkugeln und Feuerkugeln an den Kopf schmeißen. Ja, Archmage hat die Claws gefunden, dadurch der Farseer deutlich mehr in Mitleidenschaft gezogen worden. Und Autumn Leaves auch wieder so eine Map, wo es super stark aufs Timing der Second Heroes ankommt. Und wenn wir die Techs vergleichen, ist Franzyzz da doch deutlich vorne, obwohl Leon nur ein 2-Farm-Tech hatte. Bin gerade ein bisschen verwirrt. Franzyzz, glaube ich, da hat er seinen Farseer ein bisschen weit weg im Microt gerade. Dann hat er einen sehr, sehr, sehr weiten Weg zurück in seine Mainbase. Ja. Voodoo Lounge ist aber fertig. Die wartet auf den Farseer. Genauso wie der Archmage, der jetzt hier reinkommt. Level 2 ist am Start. Genauso wie die Boots. Er weiß nicht, dass der Farseer noch nicht da war. Mhm. Jetzt weiß er es. Aber er wird, also gegen die Headhunter und die Wölfe wird er nicht reinmarschieren können, gerade wenn der HP-Pool so low ist. So, kann aber die Stealth canceln. Vielleicht, wenn er möchte. Ja, das wird er auf jeden Fall probieren, oder? Versucht das? Naja. Farseer wird auf jeden Fall schon mal gleich gut zurück im Micro. Jetzt hier schön den Wolf als Ablenkung geschickt und mit den anderen Einheiten wird gecreept. Die Experience-Punkte gehen nicht an Leon. Er wurde rechtzeitig neu gesammelt. Oh, Franz muss aber jetzt tatsächlich aufpassen hier mit seinen Headhuntern, dass er die nicht verliert. Von oben kommen ich noch die Footies reingelaufen. Und die werden sich jetzt hier ebenfalls auf Jagd machen. Oh, Mikrofehler hier von Franzyzz, würde ich sagen. Aber super gut gespielt von Leon. Irgendein drittklassiger Human hätte einfach die Footies reingeschickt und die wären vielleicht gestorben oder die wären von unten gekommen. Aber Leon hat das irgendwie geplant, dass er die Headhunter nach oben rausmikron wird. Aber er kriegt trotzdem aktuell keinen. Vielleicht gleich. Oh, die Peons versuchen es jetzt hier tatsächlich mit dem Block. Da wird nochmal kurz die Armee gesplittet. Und nee, Leon geht tatsächlich raus. Wow, okay. Das ist ein sehr, sehr starker Save hier gerade von Franzyzz. Ja, er kriegt den Footy noch. Aber er schindet Zeit für den Mountain King. Der TC hat noch nicht gecreept. Und ich denke, das war das Ziel von Leon jetzt hier. Mountain King ist da. Jetzt gibt es das Creep-Duell. Wer ist schneller Level 3? So, und vor allem, wer bekommt die Spots in der Mitte? Ja. Camp und Lab sind natürlich da die 2 Camps, die es nur einmal gibt auf der Map. Dementsprechend auch immer wichtig, die zu bekommen. Ja, von beiden Seiten wird jetzt hier eine Goldmine gecreept und wir sehen hier wieder den Peon von Franzyzz. Also der probiert es wieder mit der Expansion. Und ja, es bleibt bei diesem einen Beastery. Ja, Orc-Borrow ist ein bisschen spät dran für meinen Geschmack. Das heißt, keine Einheitenproduktion aktuell. Level 2 sind wir jetzt hier auf Seiten des Farseers.
Und ja, jetzt wird einer der mittleren Spots gecreept. Schöner Block mit dem Mountain King. Das macht er hier sehr solide. Den Sasquatch holt er sich so auf jeden Fall. Und Franzyzz, der wird nicht reingehen, um das zu contesten, oder? Ah, okay, der Farseer geht tatsächlich zu dem Camp. Und mit dem Chain Lighting, das er hat, könnte er hier vielleicht ein bisschen was klauen. Mal gucken. Der Footman, der ist auf jeden Fall... Oh, da wäre halt schon mal das Chain Lighting gekommen. Ein bisschen zu spät. Aber der Force Throw Warlord, der steht natürlich noch. Orc-Spieler weiter am Creepen, Level 2 für den TC. Der ist angeschlagen. Ne, traut sich Franzyzz nicht rein. Das will er nicht riskieren. Oh, Book of the Dead. Ja, super Item für einen potenziellen Push. Ich rede immer von Push, aber eigentlich haben wir schon einen richtigen Push gesehen. Ich glaube nicht. Ja, nicht wirklich, ne. Das wäre sowieso, wenn du so den Raider Lame erwartest. Wäre da nicht mal so ein guter, alter Tier 2 Tower Push eine Variante? Ich glaube, da wären einfach 10 Lumbermills in der Variante. Oh, der Franz, die Nadel sticht schon wieder Richtung Norden aus. Jo. Ja, er wollte von der Echse distracten, das hat aber leider nicht geklappt. Wird gecancelt. Und da kommt die Lumbermill. Ja. Priest noch in der Main gequeued, damit der nicht in die Arme des Orks läuft. Ja, und Leon muss jetzt hier die Level 3s für beide Helden erreichen. Franzyzz ist schon Level 3 TC jetzt. Jawohl, so sieht's aus. Stormboy gleich mal gesetzt auf den Tauren Chieftain. Book of the Dead, schöner Surround. Da wird das TP... Oh nee, der kann es nicht übergeben. Doch, Immo Potion. Oh Junge, okay, der will in diesem Fight bleiben. Jetzt wird aber das TP transferiert und das geht raus. Chain Lightning, eine Unit geht noch drauf. Level 3 für den Archmage. Ja, und das Book of the Dead, mit denen kannst du natürlich jetzt nicht mehr so viel anstellen. Ja, könnte Red Spot creepen, macht er auch. Das ist super. Ja. Franzyzz hat einen Headhunter, ne, 2 Headhunter verloren und Leon hatte gerade einen Rifleman und einen Priest verloren. Das heißt insgesamt, ja, denke ich, ein besserer Trade für Franzyzz vermutlich. Aber er kriegt halt jetzt einen Red Spot dafür, das ist natürlich jetzt besser. TC bleibt außerhalb der XP-Reichweite, um den Fass hier zu leveln. Und welches Item droppt hier? Das ist die große Frage. Jo, mein Golem geht drauf. Claws Attack plus 12. Ja, könnte besser sein. Ist jetzt nicht der Worst Case, aber auch nicht der Best Case. Ja, plus 17 Schaden. Schon auf dem Archmage. Ein bisschen ein Sniper, aber... Würdest du das Item behalten oder würdest du es verkaufen? Da ich kein Blizzard habe, würde ich es behalten, denke ich, ne? Mhm. Ja, ist super Chip Damage. Würde ich behalten. Das auf jeden Fall. Jetzt kommen die Raider wieder rein. Erstes ein Snare wird gesetzt. Book of the Dead läuft halt immer noch. Ist krass, wie lang die Duration von dem Buch ist. Ja, jetzt geht's hier tatsächlich rein mit der Speed Scroll. TC hat diesmal nur eine Healing Potion, um sich zu heilen. Das könnte ein bisschen ein Problem werden. Stomp wird eingesetzt. Die Potion. Okay, Cloak of Shadows. Das kommt natürlich hier gut zum Tragen. Nächster Stomp wird gesetzt. Jetzt muss Franzyzz erstmal raus. Aber da kommt der nächste Stormbolt. Das wird hier schwierig. Hier Scroll. TC. Der TC wird sterben. Oh, die Claws plus 12. Plus 12 hauen rein und jetzt fällt Franzyzz hier so ein bisschen auseinander. TC wird jetzt an der Taverne wieder revived. Der will sich hier den Mountain King holen. Skull of the Beast wird eingesetzt. Den Mountain King holt er sich tatsächlich, aber der Preis war sehr, sehr hoch. 39 gegen 43 Supply sind es momentan noch. Mountain King auch sofort wieder gekauft hier an der Taverne von Leon. Große Party in der Taverne gerade. Da gibt's Freibier. Ja, und Leon kann den Druck aufrechterhalten, kann zum Shop gehen, Invo-Potion kaufen und braucht auch nicht defensiv sich aufzustellen, weil Franzyzz einfach nicht irgendwie in die Position kommt, auch mal irgendwie zu lamen. Er hat auch nicht so viele Raider wie in den anderen Spielen. Ist hier auf die klassische Variante gegangen von der Strategie her und die Echse wurde eben gecancelt. Und ich sehe jetzt Leon auch vorne, ne? 37 Supply gegen 50. Er kann jetzt hier wahrscheinlich das Lab noch creepen, damit hat er einen super Vorsprung, was die Creep-Camps angeht.
Und die Consumables sind auch aufgebraucht worden. Auf beiden Seiten. TC hat sich nochmal eine Mana Potion gegönnt. Jo. TC gut ausgestattet. Healing Potion, Mana Potion. Ja, die Evo Potions. Natürlich wichtige Items. Das sehen wir tatsächlich aber momentan nicht auf dem MK. Also hat er sich nicht geholt. Ja, kann er noch am eigenen Shop nachholen. Ja. Heal Scroll und Invo Potion im Best Case. Und dann der Creep Check auf dem Red Spot. Oder er creept halt einfach seinen Shop selbst. Aber ja, doch, macht er. Ja, mit Golem wird jetzt gecreept von Franzyzz. Den hier ist schön rausgezogen, also der greift einfach mal gar nicht mehr an. Er kann jetzt Aber halt jetzt das kommt- Okay, Cut Gas Pipe of Inside, schönes Item, Double Level Up, Mountain King is invisible. Ja, und gleich mal hier mitten im Bash. Stormbolt, und das sollten 2 Headhunter erstmal gewesen sein. TC versucht sich jetzt hier zu positionieren. Chainwave wird natürlich, Chain Lightning und der Storm kann natürlich hier ordentlich mit reinhämmern, aber da wird jetzt erstmal Druck ausgeübt auf den Torrent Chieftain. Und der Junge muss jetzt doch ein bisschen aufpassen, denn da ist Bash Storm. Oh, schön mit der Healing Potion gedodged, aber der Damage ist trotzdem da. Er drückt ihn einfach um, hä? Ja. Jo. Boom. Oh, er hat die Mana Potion eingesetzt. Ja, Missklick. Oh, er wollte die Healing Potion nutzen. Konnte er nicht, die hatte da bestimmt noch Cooldown, weil Ja. er den Great Report benutzt hat, ja. Oh, ja. Ja, und das Ja, sieht von jetzt so uns ist aus, es, als hätten wir wirklich einen Decider hier und wir gehen Full Distance. Also Leon kann jetzt hier einfach die Reste noch aufsammeln. Ja. Und der TC, Mount King hat wieder einen Bolt. Ja, er nimmt schon die Potion. Okay. Ja, manchmal muss man keinen Spell casten, um eine Reaktion zu forcieren. Und jetzt hat er das Mana, um noch mehr Units rauszupicken. Jawohl, Slow auf den einen Grunt. Der andere wird jetzt wahrscheinlich gleich einen Stormbolt bekommen. Vielleicht auch die Kodo Beast. Ja, Bash ist auch jetzt auf seiner Seite. Stormbolt auf die Kodo. Aber der Orc-Spieler, der gibt nicht auf. Raider geht jetzt erstmal drauf. Und das Einzige, was Franzyzz. Ja, das Einzige, was ihn noch retten könnte, wäre ein Hero-Kill. Aber das ist einfach gesagt als getan. Er könnte vielleicht einen TP forcen, fokussiert sich aber tatsächlich auf die Units. Kann tatsächlich auch nochmal ein paar Riflemen hier rausnehmen aus dem Spiel. Aber ja, er ist halt einfach runter auf 30 Supply. Aura Level 3. 5. Fragezeichen. Nee. Water Elementals. Ah, er hat sich noch nicht entschieden, ne? Ja, bisher noch keinen Skill eingesetzt. Nächster Rifleman geht drauf. Stormbolt jetzt auf den Farseer. Heal Scroll, Invo Potion. Eingesetzt jetzt. Es wird weiter fleißig gefightet hier. Level 3 Water Elementals sind es. Ja. Und Mountain King hat gleich einen Bolt mitgeblockt. Grunt wird aber down gehen. Denied. Kommt ein Headhunter, der könnte dann natürlich den Stormbolt hier gleich mal fressen. Clarity und Healing Self werden eingesetzt. Ja, fast doppelt so viel Supply jetzt hier auf Seiten von Leon. Sorg kommt von der Seite rein. Slow auf den Headhunter, Slow auf den Farseer. Mountain King bringt sich in Position. Der Stormbolt kommt und da ist es GG, well played von Franzyzz und Leon mit dem Ausgleich. 2-2. Wow. Das kannst du kaum besser scripten, diesen Tag hier. Holy moly. Leon kurz am Rande des Nervenzusammenbruchs nach Map 2. Und jetzt hat er irgendwie den Code geknackt, habe ich das Gefühl. Franzyzz kriegt kein Bein mehr aufs Parkett, auf die Map. Leon weiß genau, was kommt. Leon weiß genau, also dieses fehlende Puzzlestück, was auf Springtime noch gefehlt hat und was auf Twisted so gar nicht da war. Es ist jetzt alles da. Es ist alles zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und jetzt brauchen wir mal aber eine riesen Antwort von Franzyzz. Ja, Ja, absolut. Die Map wird entscheiden, wie die Antwort ausfällt, denke ich.
Es wird die letzte Map des heutigen Tages. Der Sieger kommt direkt ins Grand Final, kann morgen ausschlafen und spät zur Arbeit antreten. Der Verlierer muss morgen ins Lower Bracket gegen den Sieger von Teddster und Toxi. Und das wird auf gar keinen Fall eine leichte Aufgabe für keinen der beiden. Einmal noch durchschnaufen. Einmal noch drüber nachdenken, was jetzt hier passiert. Leon natürlich sofort ready, ist klar. Franzyzz, mal gucken in die Player-Cam. Oh, okay, da wird sofort weitergeballert. Alles klar. Gut, Fischi, tanzt du noch mal mit mir? Einen letzten Tanz für Samstagabend. Na, selbstverständlich tue ich das. So, ja, letzte und entscheidende Map, so haben wir es uns ja gewünscht am Anfang des Tages. Und so ist es jetzt auch gekommen. Der Weg dorthin war vielleicht ein bisschen anders, als wir gedacht haben. Aber gut, wir sind hier. 2-0 Führung für Franz. 2-2 Ausgleich jetzt für Leon. Der Papst und der Kaiser bekämpfen sich jetzt auf kühlen Gefilden. Nordernals ist es. Rechts oben haben wir den Leon. Links unten haben wir den Franzyzz. Natürlich haben wir hier wunderbare Möglichkeiten für Zeppeline und für Zapper. Das haben wir schon im ersten Game gesehen von Franz, dass er da auch gegen Toxi nicht vor den Zappern zurückgeschreckt ist. Sogar bloodlusted Zapper. Und damit können wir doch eigentlich diesen Abend auch beenden, meiner Meinung nach. Wir schauen in die Basen. Natürlich Altar und Barracks für Archmage oder vielleicht wieder ein Mountain King. Mal sehen. Franzyzz ohne Barracks, ohne Warmel. Jo, haben wir auf der letzten Map auch schon gesehen. Da gab es eine sehr späte Warmel und dann auch die späte Barracks. Da war der Fast hier schon lange in Produktion. Mal gucken, ob es jetzt auch wieder gibt. Oder ob er da vielleicht einen Fast-Tag tatsächlich spielt. Haben jetzt hier doch schon noch einiges an Peons in der Pipeline mit drin. Ja, auf Seiten von Leon, der Archmage ist es. Die zweite Farm ist oben. Die Foodies sind in Produktion. Und das sieht mir hier tatsächlich... Nee, doch, es kommt die Warmel. Ich dachte schon, dass er jetzt hier wirklich irgendwie einen Fast-Tag an den Start bringt. Das wäre wild gewesen, aber nein. Es gibt die Barracks und... es gibt die Warmel und dann natürlich auch gleich nochmal die Barracks wahrscheinlich gleich. Oder den Tag, er könnte. Aber nein, Headhunter zu wichtig gegen Human. Gerade auch am Anfang von Tier 2, um da was gegen die Water Elementals zu haben, die mit Sicherheit wieder irgendwie auf dieser Base, in dieser Base auftauchen. Ich bin sehr gespannt, was Franzyzz sich hier ausgedacht hat. Es gab nicht so viel Zeit zwischen den beiden Maps, aber ich glaube, am Ende des letzten Spiels hatte Franzyzz schon die ein oder andere Minute, während seine Krieger gefallen sind, um da nochmal was in der Strategieuhr zu drehen. Morgen geht's weiter, wieder um 18 Uhr. Nur, dass ihr euch das jetzt schon mal in den Handywecker packen könnt. Facial rennt wieder rüber. Leon will wieder creepen. Klaue als erstes Item. Guter Start. Ich glaube, Leon kann genauso weitermachen, wo er die letzten 3 Maps aufgehört hat. Ja, so wird der Plan auf jeden Fall sein. Farsier hat jetzt schon mal den ersten Feuerball gleich wieder abbekommen. Und ja, die Claws, die helfen den Human-Spielern natürlich im Early Game. Denn die Hits, die kommen natürlich auf dem Farsier. Oh, er klaut ihn. Farsier mit dem Last Hit hier holt sich den ersten Murloc. Holt er sich den zweiten auch noch? Nee, den kriegt hier tatsächlich Leon. Und ja, in der Basis, da wurde kurz ein Wolf reingeschickt. Da wird gleich mal Call to Arms gemacht mit allem, was irgendwie so laufen kann, um den abzuwehren. Also Leon hat da gar keinen Bock drauf, dass sie irgendwie geharrist wird. Und er versucht jetzt hier weiter seinen Level 2 zu erreichen. Einen Creep-Kill braucht er noch. Mal gucken, ob es hier wieder den Stil geben wird. Der Murloc Tide Runner ist fast tot und er geht drauf. Und fast hier jetzt hier einige Hits abbekommen von den Foodies. Und ja, die Voodoo Lounge kommt hoch, aber angeschlagener Farsier heißt kaum noch Harassment-Möglichkeiten. So ist es. Wieder einige Hits drauf. Franzyzz hat es in den Zwischeninterviews gesagt, er hat nicht so die Böcke auf Best of 5. Best of 3 ist eigentlich so sein Territory. Auch in der Rele. Die letzte Map im Winner-Bracket-Finale der Relegation ging damals an Toxi. Und daher vielleicht hat nur der TC die Endurance, nicht aber Franzyzz selber. Wenn man dann aber auf die Map guckt, dann spielt er nicht unbedingt so, als würde er sich jetzt die Kraft sparen wollen. Schauen wir mal, was da jetzt kommt. Es ist wieder der Archmage. Er geht einfach wie von der Tarantel gestochen auf den Farsier drauf. Jo, und oh, das war jetzt nicht gut.
Das war nicht gut von Franzyzz, was er da gemacht hat. Jetzt hat er sich nämlich in die Ecke manövriert und da wird das Healing gecancelt. Oh nein! Oh, Oh weia. nein! Geht das hier so zu Ende jetzt? TP? Das sieht so aus. Na, Speed Speedscroll. Scroll. Kommt er da vorbei? Kommt er nicht? Oh oh. Der Kaiser fällt auseinander. Ja, sieht so aus, als würde ein bisschen der Dampf ausgehen hinten raus. Das ist natürlich jetzt absolut perfekt gelaufen, vor allen Dingen das Timing, wenn man sich das mal anguckt, weil er ist genau auf Tier 2 angekommen. Das heißt, jetzt ist erstmal der TC in der Pipeline und dann kommt erst wieder der Farseer. Also Leon hat jetzt hier, ja, eigentlich, ich würde jetzt nicht sagen, den Sack schon zugemacht, aber das war schon ein sehr, 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 sehr wichtiger Schritt und großer Schritt in die Richtung Grand Final. Die Tür ist weit offen. Eigentlich Leon nicht so der Abendspieler, immer in den Morgen- und Mittagsstunden auf den Streams dieser Welt zu finden, aber hier dreht er nochmal richtig auf. Er riecht das Feierabendbier. Er hat es angesprochen. Es geht noch auf die Piste. Egal, wie das Game ausgeht. Das Winner-Interview halten wir natürlich so kurz, wie es irgendwie geht. Aber da müssen wir natürlich noch einige Fragen zu stellen. Tier 2 durch. Mountain King 2/3. Caster kommen dazu. Es sieht alles nach Siegesstraße aus. Aber das dachten wir auf Map 1 auch schon. Und es wäre natürlich auch poetisch, wenn Map 5 genauso endet wie Map 1. Ja, da würde man Full Circle kommen, aber hat der Archmage schon Level 3 in diesem Augenblick und er hat halt auch viel Mana und er hat auch noch die Replenishment Potion. Und jetzt macht der Jugendspieler das, was er am besten kann, nämlich in die Basis reinlaufen, Watermantle Summon und Buildings canceln, oder nicht? Oder doch? Nö, er fokussiert sich jetzt erstmal auf die Armee. Nee, macht er gar nicht. Okay. Ja, zieht sich erstmal zurück. Mountain King ist raus, mit der wird jetzt gleich mit dem Militia Support hier den Ogre Magi creepen. Und ja, läuft natürlich jetzt hier alles in Richtung Leon. Guckt sich hier kurz nochmal die Ork-Armee an, sieht, da ist nicht so viel Weltbewegendes am Start. Mountain King bekommt jetzt das erste Item, Potion of Greater Mana. Ja, wir haben gesehen, wie viel so ein Mountain King mit Mana ansteuern kann. Also da sind zig Ork-Einheiten gefallen durch den Stormbolt. Und mit der großen Mana-Potion, da kannst du natürlich noch mehr Bowls raushauen. Und das spielt jetzt hier Leon natürlich auch wunderbar in die Karten. Es wird jetzt hier nochmal gefightet. Das Watermantle wird nicht mehr denied. Aber das hält den Orc-Spieler natürlich ordentlich ab vom Creepen. Und ja, in der Zwischenzeit ist der Imcation auf Level 2 und wird sich auch gleich auf Level 3 begeben, denn er creept das Goblin Lab. Jo, dem geht's richtig gut, dem Mountain King. Der hat die Zeit seines Lebens. Kann sich einfach hochfarmen, kommt direkt mit dem zweiten Hammer an. Auch der Archmage kriegt gleich nochmal ein Geschenk mit der Klaue +8. Franzyzz hat noch kein einziges Level. Der ist 2 Level niedriger auf dem First Hero. Der ist 1 Level niedriger auf dem Second Hero. Franzyzz muss fast schon mega Risiko gehen, um überhaupt noch eine Chance zu haben. Ja, das ist, es ist schwierig. Also, wir haben jetzt Level 2 TC, das ist schon mal okay. Item ist auch nicht so schlecht mit dem Wind of the Wind, da kann er vielleicht den den Mountain King ein bisschen mit rausnehmen. Ja, Franzyzz dreht sich jetzt um, wird hier vielleicht versuchen noch ein bisschen was zu killen. Er hat die Shockwave, das gibt den ersten Footman-Kill, Speed Scroll ist aktiviert, aber der MK, okay, wird gecycloned. TC ist am Laufen mit der Speed Scroll. Und naja, jetzt sind wir halt in dieser Position. Wenn du hinten dran bist, musst du dir irgendwie überlegen, wie kannst du das wieder aufholen. Und über die Hero-Level wird es nicht mehr gehen. Über die Armee wird es wahrscheinlich auch nicht mehr gehen. Deswegen wird der Lame wahrscheinlich wieder der einzige, oder in Anführungsstrichen der Lame wieder der einzige Weg draus sein. Und wir sehen jetzt Double Beastery und da werden Raider on Musky queued. Und ja, das ist halt die Möglichkeit, wie Franzyzz hier noch irgendwie was reißen könnte. Ja. Da wird sich natürlich im Chat wieder beschwert werden, aber das ist der Playstyle, der Grubby groß gemacht hat. Lin hat große Erfolge mit diesem Spielstil. Dann kann man das in einem Winner-Bracket-Finale einer deutschen Meisterschaft auch Franzyzz nicht ankreiden. Gerade wenn er den Raider mitten in den Mountain King schickt und da direkt wieder eine Schelle kassiert. Aber ja, drauf muss es gehen. Auf den Altar Leon wieder ein TP innerhalb von einer Sekunde. Da müssen wir mal vielleicht gucken, ob der da ein Makro hat mittlerweile. Ja, ne? If Orc in Mainbase Nähe drückt TP. Sehr gutes Englisch auch, Fischer. Du hast Programmieren von der Pike aufgelernt. Ja, tatsächlich. Du wirst lachen. Ich bin ausgebildeter Fachinformatiker Anwendungsentwicklung. Ja, wollte ich nur mal erwähnt haben. Also es klang nach Supercode gerade. Ja, ich habe in meinem Leben auch nur 2 Programme geschrieben. Das eine hat nie funktioniert und das zweite hat immer einen PC zum Absturz gebracht. Also von daher,
Na gut. Ja, was. Blizzard, hier wenn ihr vielleicht noch Programmierer braucht. Genau. Ruft jemanden an, nur nicht mich. Also, das Einzige, was ihr Leon noch zum Absturz bringen könnte, ist halt wirklich wieder dieser Raider-Lame. Und da läuft es jetzt halt drauf hinaus, ne? Da können wir uns drauf einstellen. So sieht's aus. Die Frage ist, wie er irgendeine Situation kreieren kann, die Leon nicht vorhersieht. Und wir haben jetzt zweimal Zeppelin-Play gesehen. Das war auf Map 1 Game-Winning-Move für Franzyzz. Auf Tidehunters wurde es direkt niedergeknüppelt. Und irgendwie lässt er auch nicht zu, dass es hier wirklich zu irgendwelchen Laboratories geht. Scoutet überall, Mountain King war kurz da, ob es eine Echse gibt. Nö, alles klar. Ja, dann lass doch fighten. Okay, wir haben eine Beast-Scroll. Meh, im Vergleich zur großen Mana-Potion von Leon auf der anderen Seite keine große Chance. Und jetzt wird wieder gerannt. Es wird wieder gerannt, aber diesmal wird Leon ihn wahrscheinlich nicht so einfach weglassen. Mountain King vorne wird erstmal gefühlt 30 Mal ins Snare. Das wird die Speed Scroll eingesetzt, die Healing. Self ist aktiv auf dem Torn Chieftain. Ein Raider wird nochmal hier rausgesniped. 50 gegen 40 Supply. Erstes Attack-Upgrade für Franzyzz ist durch. Das zweite ist in der Pipeline. Jetzt vergnügt sich der Human-Spieler in der Org-Basis und ja, Franzyzz versucht das gleiche. Leon mit ziemlich gutem Building-Placement macht jetzt tatsächlich die Mainbase auch noch weiter zu mit weiteren Farms, weil er weiß natürlich, was kommen wird. Und wir haben hier ein Lab und es gibt einen Zapper. Oh ja, ja, na klar. Es hat mit Zappern angefangen und es wird mit Zappern enden. Währenddessen macht Leon auch natürlich Rabatz in der Main. Da fallen die Peons langsam aber sicher. Da wird aber Beton angerührt. Von daher kann er ein bisschen aushalten. Vielleicht sniped er den Workshop. Wir schauen, was der Zapper hier so macht. Der zieht sich zurück. Das sieht man beim Zapper ganz selten. Denn da kommt das TP und der Mountain King war ready to snipe. Ne, war gar nicht. Hatte keinen Mana. Sieht jetzt natürlich den Zeppelin. Das ist, also, dass ein Zapper mal ein Town Portal mit benutzt. Das hat es noch nie gegeben. Ja, kommt eher selten vor, aber ist doch schick, ne? Sieht auch mal ein bisschen was von der Welt. Kann sich mal so die Org-Basis angucken. Und ja, wird aber jetzt dann wahrscheinlich gleich, nee, wird nicht den Weg zur Human-Basis finden, denn Leon weiß, wo er hingeht, Stormboy kommt und dieser Zapper wird zerlegt. Da gibt es keine Explosion und ja, kostet einiges an Ressourcen, keinerlei Benefit daraus. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt für den Franz. Ja, der Zapper wollte schon Rente anmelden hier nach seinen 30 Sekunden auf der Map. Gott sei Dank hat Leon geholfen, dass er dem Ork-Start nicht auf der Tasche liegt hier. Wir gehen zum Red Spot. Wieder mit den Snare. Sollte hier den Magnetor Reaver gut kontrollieren. Da wäre natürlich jetzt eine Speed-Aura ganz nice. Aber Leon, ey, Mountain King kann natürlich nicht bolten. Der ist Magie-immun. Claws plus 12 auch nicht ideal. Mana immer gut. Movement Speed immer gut. Intelligence immer gut, aber alles nicht gefunden. Was macht Leon jetzt? Tier 3, Invisible und Lumbermill vor die Base. Ja, da wird so ziemlich alles hingebaut, was vorne hingebaut werden kann. Aber wie gesagt, das Problem an diesem Building Placement kann natürlich sein, dass du mit einem Zeppelin gut reindroppen kannst und dann selbst nicht verteidigen kannst. Das kann zum Problem werden. Das war es schon auf Map Nummer 1. Jetzt sehen wir hier den Stormbolt Snipe vom Mountain King. Erreicht er doch fast Level 4. Double Pennon of Energy jetzt auf Seiten des Tall Chieftains. Er hat 455 Mana-Punkte. Das sind ein paar Shockwaves. Das sind einige Shockwaves. Er kriegt aber nicht so richtig Zugriff, habe ich das Gefühl. Also das letzte Mal, dass Franzyzz irgendwas gegen eine Base machen konnte, das ist jetzt auch schon eine Weile her. Gerade weil er auch kein Level 2 Chain Lightning hat und dann überleben die Worker auch eine gewisse Weile. Tier 3 dauert noch ein bisschen. Bei Franzyzz sehen wir natürlich keine Anstalten, irgendwie eine Fighting Army zu bauen. Hat nochmal kurz überlegt, das mit dem Zapper, war das eine gute Idee? Ne, ja gut, dann lassen wir das mal lieber. Auch kein Zeppelin, da sind auch schon Tower dagegen. Da sind 2 Schichten Gebäude vor dem Castle. Ja, sofort wieder Instant-TP. Aber weißt du, jetzt erklärt sich auch, ne, warum Franzyzz am Ende 2 Z in seinem Namen hat. Für Zeppelin und Zapper? So sieht's aus. Gut, dann braucht Leon auch bald eine für die Zwiebelbasis, die er da gebaut hat. Naja, ne, die 14 steht für die Gebäude, die er vor seiner Mainbase baut. I see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, 1 braucht er noch. Dann hat er wirklich die 14 vor seiner Mainbase. Aber gut. Ja, 44 gegen 50 Supply.
Jo, das leider Laufen hat kann die begonnen. eine Armee nicht fighten und die andere kriegt nicht richtig Zugriff, um den Sack zu machen. Aber jetzt haben wir den Invisible Mountain King Flex. Let's go! Und damit geht die wilde Hatz wieder los. Aber diesmal hat Franzyzz noch einen TP und kann den Großteil retten. A player's forces are under attack. Jo, so ist es. Tja, was könnte jetzt hier noch so die Möglichkeit sein? Also ein Fight wird Franzyzz in diesem Match nicht mehr gewinnen. Das ist safe. Kannst jetzt nur, wie gesagt, probieren, hinzulaufen und irgendwie was zu reißen. Aber überall stehen die Invisible-Einheiten. Haben unten einen Invisible Footman. Dementsprechend weiß der Orc-Spieler, der Human-Spieler natürlich, was der Orc hier so treibt. Hat jetzt auch den Zeppelin gesehen. Also weiß, dass sich da Franzyzz wieder dorthin bewegen wird, Richtung Mainbase. Das ist einfach ein Wahrscheinlich. kompletter Shutdown. Wenn da ein paar Rifle in der Base sind, einen Tower haben wir schon. Leon hat einen TP, kann da auch drauf springen. Flying Machine ist auch am Start. Sagt, Kollege, ich hab das gesehen, das brauchst gar nicht versuchen. Das dauert natürlich ein bisschen, bis hier der Zeppelin kaputt ist und das wird nicht so viel bringen. Aber da ist ja auch kaum Platz für die Raider. Wo sollen die angreifen? Was sollen sie tun? Jetzt kommt das TP in. Und weg geht's. Jetzt ist er getrappt. Nein. Oder? Nee, er kommt raus. Okay. Oh, wirklich? Huh. Oh ja. Oh weia. Das wäre natürlich ganz schön doof gewesen, ne? Das wäre in der Tat doof gewesen. Gut, dann hätte er sich einen Shop holen müssen und das hätte lange gedauert, aber gut. Forces are under attack. Ja. Und Leon weiß natürlich, dass auch vor allem durch die Flying Machine, dass jetzt das Red Camp hier unten gecreept wird und dann geht er sofort rein hier für den Creep-Check. Und ja, das ist ein Fight, den natürlich Franzyzz nicht nehmen kann. Army wird jetzt wieder gesplittet, der Mountain King läuft hinterher, Leons Army strömt wieder Richtung Mainbase, also will hier gar kein nichts im Zufall überlassen. Speed Scroll wird nochmal eingesetzt. Aber, Und Fischer, weiß Leon Ja. von der Player's Echse? forces are under attack. das ist eine verdammt gute Frage. Ich glaube nicht, der hat unten immer ein Watermantle wieder hingeschickt, aber ich weiß nicht, ob das dann da war zu diesem Zeitpunkt. Wahrscheinlich nicht. Bisschen Gold haben wir gekriegt durch Pillage. 1000 Gold für Franzyzz. Keiner ist im Upkeep. Die Stormbolts fliegen wieder. Gerade mit dem Slow super effektiv. Das sind wieder 2 Raider weg, aber das macht ja auch nicht so viel, wenn denn da gleich die Echse steht. Bad Rider kamen auch, zumindest einer. Und dann natürlich wieder Raider. Wir wollen ja auch jetzt hier nicht zu viel Variabilität in der Army haben. Das wird ja dann schwierig mit den Kontrollgruppen. Und jetzt kommt der Zeppelin rein mit Shockwave und mit Chain Lightning drauf auf die Tower. Wie viel Schaden kann er jetzt noch machen? Flying Machine sollte gesniped werden. Bisher sieht das noch nicht so crazy aus. Gerade auch, weil der Arcane Tower hier einen guten Job macht gegen den TC. Kann trotzdem das Chain Lightning nicht verhindern. Wenn da noch ein Spell kommt, dann könnten ja einige Worker fallen. Aber die Priests sind am Start und die Heal Scroll ist am Start. Dodge das TP. Franzyzz von daher fast ja nicht ein Problem. Aber Leon jetzt selbst für diese Situation, die ihm Game 1 gekostet hat, die perfekte Antwort. Ja, absolut. Die Heal Scrolls haben hier die Economy gerettet. Orc Expo steht, läuft aber noch nicht. Da müssen jetzt erstmal die Peons ran und da steht ja immer noch dieser Invisible Footman. Also das ist, ja, wird er sich dann wahrscheinlich auch denken können demnächst. Wir haben jetzt übrigens auch schon den ersten Bad Rider in der Armee von Franzyzz. Der, ja, eventuell gegen die Flying Machine eingesetzt werden kann oder, ja, wahrscheinlich. Das wird der Plan sein, aber jetzt geht es hier tatsächlich an die Echse. Ja, die wird gescoutet. Oh Junge, die läuft erst seit ein paar Sekunden und das ist natürlich jetzt ein sehr, sehr, sehr gutes Timing für Leon. Da wird der Orc Burrow wird gecancelt, die Peons sind am Laufen. Frage, sehen wir noch einen Stormbolt? Ne, wird nichts mehr geschmissen auf die Worker, sondern es geht direkt auf die Great Hall. Und dessen probiert der Orc-Spieler natürlich wieder mit der Speed Scroll, mit den Raidern, versucht er irgendwie ja, ein bisschen was zu reißen in der Human Main Base. Mal gucken, ob das hier klappt. Es geht sofort auf den ersten Tower, der sich noch in Produktion befindet. Shockwave, Chain Lightning, diesmal eingesetzt gegen die Tower. Peasants werden jetzt erstmal rausgezogen, damit hier nicht großartig was passieren kann. Level 3 gibt es für den Farseer. Wo kommt das TP hin? Jo, direkt hinten rein. Nächstes Shockwave, nächstes Chain Lightning.
Da wird es jetzt hier nochmal kurz den Tower-Kill geben. Franzyzz versucht hier sein Möglichstes. Die Armee von Leon ist natürlich jetzt auch ein bisschen geblockt hier. Nächste Shockwave donnert nochmal ordentlich rein. Und jetzt kommt das TP out und den Tower kriegt er tatsächlich auch noch. Sackteuer für beide. 2 Raider down, 2 noch geslowt. Vielleicht kriegt er nochmal einen Stormbolt raus. Leon mittlerweile 5 Worker hat er noch. Das ist nicht so ultra viel. 2 Raider stehen auch nochmal unten. 2 Raider waren in der Base. Ist natürlich die Frage, ob die auf irgendeinen Command warten oder ob er die einfach vergessen hat. Die hätten natürlich im Fight, jo, jetzt hat er es gemerkt, im Fight einiges gebracht. Franzyzz, hat er die Echse schon gequeued oder machen wir Long Distance Mining? Long Distance Mining it is. Alter, ist das ein Schlachtfeld hier in Leons Base. Keine guten Arbeitsbedingungen hier um dieses Castle herum. Und jetzt haben wir bald kein Income mehr. Ja, und was man natürlich auch sagen muss, wir sind fast auf gleichem Supply, ne? Das auch noch. Also Supply ist jetzt fast jetzt ausgeglichen. Jetzt kommt es zum nächsten Aufeinandertreffen. Ja, und Leon, der muss natürlich jetzt extrem viel Geld auch immer investieren in die Items, in die Heal Scrolls und so weiter. Und es gibt das Long Distance Mining Pillage, das natürlich auch dem Orc-Spieler hilft. Ja, schwierig. Also ganz aussichtslos ist es tatsächlich noch nicht für Franzyzz. Ja, gerade weil Leon genau 6 Holz hat. Ich habe mehr Holz in diesem Zimmer, als Leon gerade da in seinem Kontor hat. Die Wölfe nochmal rein, weil da kein Arcane Tower ist. Alter, der zieht wieder alle Register, ne? Da muss es wieder, jedes Mittel muss ausgereizt werden, weil es Finals sind. Es ist so, ist auch ein bisschen merkwürdig, weil eigentlich, also Franzyzz kann ja fighten. Das hat er ja gezeigt, die ganze Season durch. Auch am ersten Spieltag. So, der kann ja. Aber das ist einfach heute für Samstagabend nicht im Plan. Der denkt sich, warum fighten, wenn ich das Game auch anders gewinnen kann? Das ist ja gerade das Schöne an Warcraft 3, denn wenn man mal so drüber nachdenkt, ne, die einzige Win-Condition, die es ja gibt in Warcraft 3 ist, kill alle Gebäude deines Kontrahenten. Ja, Fischer, So. das kannst du Leon gleich im Winner-Interview, wenn es dazu kommt. Das kannst du ihm mal erzählen. Willst du das nicht mit Anxiety machen? Nee, das kannst du Nee. schön. Oh, wir haben Na übrigens gut, okay. wieder einen Zeppelin-Auftrag hier oben auf, was auch immer, 11 Uhr. Ja, und tatsächlich auch wieder eine Flying Machine. Water Elemental cancelled. Die nächste Echse wird das gecancelt. Die hat nicht viel zurückgekriegt. Überhaupt. Oh oh. Der Zeppelin, ne? Ist der weg? Ist der tot? Geht das alles den Bach runter hier? Das ist die ganze Nee. Army. Ja, wie? Nee, wo soll er denn hin? Das doch, das, pass auf, der lädt jetzt hier auf diesem Schneeding aus, wenn er da auslauten kann. Ja, da kann er noch einen Tower bauen zur Not. Ja, Ja, siehst du, geht doch. Kein Problem. unser Kuba-Urlaub für Franzyzz. Aber, also der Zeppelin hat noch 90 HP. Ja gut, aber sagen wir es mal so, ich glaube, ich habe noch kein Game gesehen, wo dort wirklich mal Units standen. Nee, das habe ich auch noch nicht gesehen. Flying Machine sucht schon wieder. Und Franzyzz ist einfach nach Hause teleportiert. Natürlich gibt es schon Neues, aber 22 Minuten, Freunde. Wir haben noch 2 Minuten Mining für Leon. Wir haben noch eine halbe Minute für Franzyzz und dann wird gepillaged. Aber mal richtig. Jo. 48 gegen 47 Supply. Long Distance Mining ist ja auch schon am Laufen. Ich weiß nicht, verliert Leon jetzt hier gerade so ein bisschen Zugriff auf das Game? Ja, der hat kein Holz. Der kann keine Echse bauen. Ja. Oh, weia. Das ist hier Banane, dieses Winner-Bracket-Finale. Es ist so anders als jede andere Series dieses Season. Aber wir haben Inner Fire Rifle, wir haben Sorgs, 3 Defend-Upgrades aus irgendeinem Grund auch. Für Militia vielleicht irgendwie, aber gut. Und wieder Speed Scroll, ne? Level 5 Mountain King, aber gut, dann killt er halt den Raider schneller. Franzyzz ist am Laufen. Mountain King wird jetzt hier auch nochmal geblockt. Trotz Boost of Speed kommt er nicht ran. Und das gibt ihm jetzt die Möglichkeit. Oh, links oben gibt es die Echse, okay. Der ist ja gerade Ja, das gibt ihm jetzt. Das ist so smart. Da waren sie beide gerade. Ich glaube nicht, dass da groß dran gedacht wird. Und Long Distance Mining ist immer noch aktiv. Hat Leon jetzt das Brain, das da oben links expandiert wurde. Wie gegen Toxi. Genau wie gegen Toxi.
Also, ich sag mal so, der Peon war ja schon mit da und die Speed Scroll hat auch den Peon beschleunigt. Vielleicht hat er es gesehen. Das wäre krass. Ja. Leon, 1700 Gold kannst du nicht ausgeben. Der Wahnsinn. A player's forces are under attack. Oh, war ja. Wir sind Und dann langsam gehen ihnen halt auch die Flying Machines aus, ne? Ja. Die kriegen Polymorph. Das ist gar nicht so dumm. Statt Slow. Nächste Flying Machine weg. Hält ihn immer noch von seiner Echse weg. Das ist ein wildes Game. Leon darf halt auch nicht einmal einen Misstep machen oder so. Das wird halt sofort gepunished. Ja, absolut. Und vor allen Dingen, er hat jetzt halt auch keinen Town Portal mehr, ne? Für 3 Invul Potions, das ist auch was wert. Ich finde, das ist richtig. Oh, weia. So, jetzt waren wir quasi überall außer oben links. Was eine wilde Angelegenheit hier. Der Mountain King hat eine Idee. Das Water Elemental hat eine Idee. Wir werden das nicht mehr canceln können. Aber jetzt weiß das immerhin. Ja, ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar eine gute Idee... Es wäre wahrscheinlich sogar eine gute Idee, die jetzt hier zu canceln, damit die Ressourcen bei ihm bleiben, weil da wird da... Naja, wobei, wenn der Jugendspieler reinläuft, dann geht er einfach wieder in die Mainbase. Jo. Genau das ist es. Genau das ist es. Und Leon hat kein TP. Also er braucht natürlich das TP. Die Raider in der Mitte, der Archmage ist invisible, der kann hier nicht ensnared werden. Dieses Invisible ist so wichtig übrigens, dass hier kein Endsnare-Lockdown ist. A player's forces are under attack. Junge. Es wirkt für mich aber nicht so, als würde Leon irgendwie Konzentration verlieren oder so. Oder hektisch werden oder... Also es fehlt in diesem Spiel nicht wirklich viel. Und da ist auch kein Opening für Franzyzz, was er irgendwie nutzen kann. Und das seit mal wieder 30 Minuten. Ja, also... Franzyzz... Also er kann sich halt auch jetzt, ne, zu dem Zeitpunkt auch keine Armee jetzt mehr irgendwie so wirklich zusammenbauen, die irgendwie eine Chance hätte gegen den Human-Spieler. Der Zug ist abgefahren. Ja, wir haben übrigens weiter den Peon hier. Das wird wahrscheinlich hier gleich nochmal eine Echse geben. Natürlich, jetzt hat er 3 Möglichkeiten, ist klar. Ja. Leon hat aber genug Holz für eine eigene Echse. Ja, er hat jetzt die Peasants auch rübergeschickt. Oh, Invis Mountain King. Sehen wir hier noch einen Stormbolt. Jo, sehen wir. Bald ist hier Zeit für Cars-Modern, wenn das so weitergeht. Forces are under attack. Wir haben auch lange keine Shockwave mehr gegen die Base gesehen. Das wäre natürlich mal so ein Mittel irgendwie. Aber die Frage ist wie. Immer wieder Stormbolt, immer wieder Invisibility, immer wieder Kills. Oh, stell dir vor, der läuft jetzt zur Echse, ne? Gut. Da Chainwave rein, holla die Woldfee. Jetzt ist langsam die Frage, ob... Oh, der Hero Rifleman Invisible scoutet unten rechts. Ich glaube, Leon wird nicht weit von seiner Echse weggehen, bis die fertig ist und er sich TPen kann. Jo. Sag mal, haben wir irgendwie einen Counter, wann das letzte Mal hier eine Unit von Leon gefallen ist? Das muss ja wirklich schon eine Weile her sein, ja. Jetzt geht's natürlich mit geballter Power auf die zweite Echse von Franzyzz, währenddessen oben weiter mit dem Water Metal geharrasst wird. A player's forces Beide Spieler jetzt wieder mit Golden Come. Oh, Chainway auf die Caster. Erste Unit down. Das war der zweite Rifleman. Dann wieder TP raus, aber die Echse ist natürlich Toast. Ja, oben links ist das beste Ergebnis von steter Tropfen hüllt den Stein. Währenddessen porteln wir auch nach oben links, damit wir irgendwie Zeit haben für die Echse von Leon. Da hat er lange für gearbeitet. Shockwave drauf, TP rein, Chainwave auf die Worker. Aber das reicht nicht. Und eine Speed Scroll hat er auch nicht. Nee,
Und der hat jetzt nichts mehr, um sich zu saven. Das könnte jetzt hier... Wo ist denn der MK? Oh nein, der MK war nicht mit dabei. Oh, Der muss jetzt hinten erstmal reinlaufen. Lucky. Vielleicht sogar nochmal ein Zeppelin, um da wegzufliegen, aber nope. Der Mountain King. Oh, da ist er einmal nicht Invis. Er hat natürlich 2 Invul Potions, ne? Das ist gut. Jo, das ist tatsächlich sehr, sehr gut. Weiß nicht, ob Franzyzz da jetzt wirklich so drauf gehen sollte. Erste Invu Potion wird gesetzt. Geht's hier nochmal an den Shop. Oh, der TC hat keinen Platz. Nicht richtig aufgeräumt. Oh Mann, die B-Scroll, da ist natürlich nochmal irgendwie ein Play. Mit B-Scroll drauf auf die Base für die extra 25%. Wird der Stormbolt sogar gegen den Wolf eingesetzt, damit hier auch muss er gar nichts passieren kann. Flying Machine also bleibt rechts unten an der Goldmine. Wir haben ja auch innerhalb von den nächsten 10 Minuten vielleicht einen Mass-Teleport zur Not. Ja, das wäre natürlich hier der absolute Gamechanger. Eine Speed Scroll. Ich hoffe, dass die beiden wissen, dass ich morgen um 13 Uhr einen Cast habe. Bis dahin müssen die irgendwie fertig sein. Sag mal, ist der Eurovision Song Contest schon vorbei? Das könnte auch Das ist eine sehr gute Frage. Es ist auch langsam so die Zeit. Also, unterhaltsamer ist es hier auf jeden Fall, ne? Ja, Weil hier das mehr ist klar. geballert hast, ja. Das ist klar. Oh, Junge. Also Franzyzz hat so gar keinen Bock auf Lower Bracket. Wenn der TC Level 5 wird, ist das eine große Änderung? Naja, ich sag mal so, Chainwave gegen die Caster, die zwiebelt schon ordentlich. Ja, wir reden viel über Zwiebeln hier. Ich krieg langsam Hunger. Ja? Ich mach mir noch eine Packung Koalas auf. Das hilft immer. Ach das. Eieiei. Ja, Leon jetzt wieder mit 1400 Gold. Bleibt doch konstant im No-Upkeep, damit er immer wieder Town Portals kaufen kann und Heal Scrolls. Shop ist leer. Der macht hier Reibach. Gute Frage vom Chat. Finale ist Best of 7, oder? Ja, Finale ist Best of 7. Übrigens, Level 6 für den MK. Oh, true. Für Kasmodan. Aber noch hat er nicht geskillt. Level 6 für einen Archmage wäre halt brillant. Braucht er gar nicht mal. Das. Oh, 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 oh. Oh, bisschen Zeit. Echse. Er hat eine Shockwave. Aber der Fastia fehlt natürlich. Jetzt die Scroll of the Beast vielleicht. Bisschen Repair. Worker. Wie viele Raider muss er einsetzen? Also mit Reparieren kann er knicken. Das ist eine Wegwerfgesellschaft hier. Shockwave aber auf die Caster, die können sich natürlich heilen. Chainwave haben wir nicht mehr. Die Scroll hat er auch nicht eingesetzt. Das ist so knapp. Kriegt er aber. Mast Teleport. Oh, Snap. Auf die Echse draufgesprungen. Water Elemental war ready. Und mit was für einer Armee will er das denn jetzt verteidigen? Das kriegst du nicht mehr verteidigt. Und ja, Leon hat noch genug Ressourcen gespart, um die Echse einfach wieder aufzubauen. Und damit hat er einen Vorteil gegenüber von Franzyzz, denn der hat nichts mehr. GG, well played. So ist es. Und da geht er raus. Und Leon mit dem Reverse Sweep. 3:2. Junge. Waren das lange Series heute? Leon auch mit einer Reaktion, die ihresgleichen sucht. Den Abend hat er sich ein bisschen anders vorgestellt. Ich denke, das Winner-Interview sollten wir ein bisschen beschleunigen und vielleicht einfach Leon selber reden lassen, solange wie er denn Bock hat und Zeit hat natürlich. Aber ja, es war more of the same und Leon hat auf Map 3 einfach den Schlüssel gefunden. Der passte ins Schloss und das Schloss wurde nicht mehr gewechselt von Franzyzz im Rahmen der ganzen Series. Das zeichnet einen klasse Spieler aus. Reverse Sweep Leon. Ja, so wie wir uns das erhofft haben, auch ein bisschen, ne? Karma vielleicht, wer weiß. Auf jeden Fall starke mentale Leistung von Leon. Ich habe es im Chat gesehen, also viele Leute haben gemerkt, dass er ab Game 3 halt wirklich stark gespielt hat gegen den Lame, alles super mit Invisibility gescoutet hat. Immer unter 50 Supply geblieben ist, um halt auch nicht das Gold an das Upkeep zu verlieren, unnötigerweise. Und am Ende verdient gewonnen.
Aber auch krasse Performance von Franz, dass er hier ja, uns so unterhalten hat. Also ich hatte Spaß. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich schnapp mir jetzt den Fischi und ich schnapp mir jetzt den Leon. Zum 3. Mal im DACH INFERNO Grand Final. Leon, das war Mental Warfare heute, oder? Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also, ganz ehrlich, das erste Spiel war meins. Diese Scheiße, die da passiert ist, ja, verstehe ich, kann passieren. Dann macht er das jetzt. Dann bei der zweiten Map war scheiße gespielt von mir. So viele Timings nicht gehittet, weil ich glaube, ich auch noch tilted war. Und dann 3., 4., 5., ey, das ist. Oh. Das ist auch einfach, wie lange habe ich jetzt bei jedem Map? 30 Minuten, 25? Wie lange habe ich da jetzt gebraucht? Ja, 25 bis 35 Minuten war so. Und das ist halt so wie, eigentlich ist es unwinnable, es sei denn, du hast diesen einen Moment noch, und ich habe es verstanden, dass es ja auch wichtige Spiele so, aber es ist halt einfach, ja, also es macht halt nicht so viel Spaß. Also es ist halt, du läufst ganz immer hinterher, ne? Ist irgendwie. Und es hat mich auch echt schon genervt, aber ich verstehe es schon, warum er es tut, und er kann das auch echt gut. Hut ab an ihn, auch gut gespielt, aber ich bin einfach kein Freund von dem Spielstil. Und du wolltest doch auch einfach nur ein Bier trinken gehen. Ja, ich war auch so, ich dachte so. Da ganz halt nur so, Digga, gib mir mal ein scheiß Bier. Ich wollte einfach jetzt, ich habe meinen Jungs gesagt, ja, so 22 Uhr, 22:30 und jetzt, ich wusste ja nicht, dass er jetzt irgendwie jedes Spiel 30 Minuten draus macht. Ja, aber morgen ist Best of 7, ne? Hast Bock? Ganz ehrlich, soll er halt den Scheiß jetzt jede Map machen. Also wenn er den ganzen Scheiß jetzt immer wieder macht, trainiere ich ja nur für den ganzen Mist. Er muss irgendwann mal was verändern oder ich mache ihn halt 4-0 morgen. Also, sorry. Immer das Gleiche, also irgendwann ist es halt ausgelutscht. Dieses Zapper-Ding, wenn er funktioniert, ist geil und war auch gut gemacht in der ersten Map, aber wenn du das 10-mal gleich mal das Gleiche versuchst, ich verstehe schon, dass er sich mal hinten fühlt, aber dann tu halt was, dass dein Early besser ist. Aber sorry, ich bin einfach ein bisschen angefressen. Ja, haben wir gemerkt. Es war eine sehr würzige Angelegenheit, aber geil. Auch so, das hatte auf jeden Fall Finals-Vibe. Ich habe zwischendurch gesagt, ich bin recht froh, dass es nicht auf einer LAN stattfindet. Das Ganze. Ja, gab Schlägerei auf jeden Fall. Da hätten wir eine Diskussion gehabt. Schön, dass das Lachen aber jetzt im Winner-Interview zumindest zurückkommt. Also, ja, natürlich. Also ich bin auch froh und ich bin auch, also wie gesagt, Hut ab an Franzyzz, ist auch weniger das mit ihm zu tun, als mit einfach dieses, boah, das ist einfach anstrengend. Für ihn wahrscheinlich auch, oder er hat viel Spaß. Ich weiß nicht, ob er sich ein Tee nebenher gemacht hat und dann so ein paar Rally Points, aber es ist halt dann einfach, das saugt Energie, ey. Das war jetzt einfach, ja, aber gut, ich habe es geschafft, ich bin sehr glücklich drüber und kann ich morgen zugucken, wie er gegen vielleicht Teddster oder Toxi spielt und dann kann ich mich mental schon mal auf die nächsten, was auch immer, Lame-Einheiten einstellen. Fischi, hast du noch was hinzuzufügen? Ja, tatsächlich 2 Fragen. Also eine, die mich natürlich jetzt wirklich so persönlich interessiert, als jemand, der gerne auch mal angefressen ist, wenn er spielt. Du hast so die ersten 2 Maps, die ja da wirklich echt gegen dich gelaufen sind und du wirklich mit dem Rücken zur Wand standest. Wie war denn da wirklich dann so dein Mindset? War das eher so aus der, sag jetzt mal, Wut heraus, dann einfach nochmal eine Schippe draufgelegt oder warst du dann wirklich innerlich cool und wenn du im Game bist, ist es einfach weg, was vorher passiert ist? Also die zweite Map war noch beeinflusst von der ersten Map, deswegen war das ein bisschen wild. Und da haben meine Timings nicht gestimmt, obwohl die Strategie eigentlich funktionieren müsste, habe ich einfach viele Sachen verkackt. Und es lag bestimmt auch noch, dass ich in der ersten Map drin hang. Und dann dachte ich, naja, mein Gott, weißt du, dann mache ich jetzt einfach so, dass ich einfach mein bestes, solides, normales Spiel spiele, wie ich es im ersten Spiel eigentlich auch hatte. Ich hatte das Gefühl, das war meins und es wäre auch, hätte ich diese Scheiße dann nicht, irgendwie habe ich damit einfach nicht gerechnet. Das war dieser eine Moment, der mich dann, ja, und das war gut gemacht von ihm, aber gleichzeitig auch einfach so, wenn du wegen so einer Scheiße dann irgendwie so eine Map abgibst, ist es nicht so einfach zu verkraften. Damit habe ich noch ein bisschen dann gehadert und ich dachte bei der dritten Map, egal, auch wenn ich jetzt Bock auf ein Bier habe, dann spiel wenigstens jetzt noch mal so solide, wie du kannst und mach jetzt keine anderen Sachen, gib ihm nicht, dass du dich da veränderst, spiel einfach genauso sicher, solide einfach runter und nur dann kann er eigentlich, gewinne ich einfach und wenn er jetzt irgendwie die ganze Scheiße da durchzieht, da immer kann er machen, ich muss nur mental stark bleiben. Und dann dachte ich, na gut, dann habe ich bin ich wieder runtergefahren und dachte, gut, dann mache ich den ganzen Scheiß jetzt. Gehe ich halt jetzt da durch. Mache jetzt einfach das Spiel solide, greife ihn ab, versuche ihn zu dominieren und dachte, okay, die 3 Maps und die letzten 3 Maps waren eigentlich mein eigentlicher Gameplan. Das wäre wahrscheinlich wenn der ersten Map so gewesen wäre, dass ich das durchgezogen hätte, wäre ich mental wahrscheinlich einfach anders, ja, wäre es anders verlaufen. Aber wie gesagt, das ist im Nachhinein immer leichter zu sagen als getan. Franzyzz einfach auch sehr gut gespielt, hatte wirklich die Nerven. Respekt an ihn, unabhängig davon, dass ich diesen Spielstil einfach hasse.
Ja. Wie ist es dann eigentlich, wenn du sagst, so, okay, diesen Spielstil? Konntest du da wirklich schon so auf ein Repertoire zurückgreifen, wo du sagst, okay, am besten mache ich es jetzt so und so, weil das hat ja dann auf den anderen Maps gut geklappt, oder musstest du dich da erst so ein bisschen reinfinden? Nö, also ich merkte halt immer, dass, also wenn er so normal spielt, dann weiß ich, fahre ich drüber. Bei Autumn Leaves wusste ich, ich bin hyped, ich bin am Start, aber wenn er die ganze Zeit wegläuft, dann irgendwann, ich versuche einfach ruhig zu bleiben. Ich kenne das auch, ich habe schon sehr oft dagegen gespielt, aber es ist halt, wie gesagt, wenn es an einer Map wegen so einem Scheißmoment dann irgendwie nach unten geht, das war einfach dann irgendwie, glaube ich, für mich einfach eine harte Nummer erstmal und hat mich beeinflusst auf jeden Fall. Aber jetzt, er hat mich jetzt so trainiert, also mein Muscle Memory ist so bereit für alles, was er jetzt da für Lame-Scheiß macht. Wenn er es morgen jetzt 4-mal nochmal durchziehen will oder 7-mal, dann bin ich jetzt bereit dafür. Aber wie gesagt, ich finde, das ist manchmal so ein bisschen, also wenn du von vornherein immer wieder schon Double Beastery rauspackst und einfach, das ist schon eine Lame-Art, es ist nicht so wie, du hast eine Expansion hoch und du hast diesen Vorteil und dann machst du es und er war die ganze Zeit eigentlich nie in der Lage, was hochzuziehen, hat das da einmal hingekriegt, aber selbst da hatte ich auch schon eine Bank. Es ist halt einfach so ein bisschen, es ist einfach Zeit, die dann irgendwie so, ja, schon sehr, sehr an mir zieht. So, ja. Jo. Alrighty, dann wollen wir dich nicht weiter stören. Hier, du musst ja noch ein Bier trinken. Geht's jetzt auf eine Schlagerparty hier in Hamburg? Nee, auf eine Hausparty, aber ich weiß nicht, irgendwie muss man mit den Jungs mal schreiben. Dann mal gucken, was da abgeht. Ist jetzt, wie gesagt, später geworden. Wahrscheinlich sind die schon besoffen oder haben noch nicht so viel getrunken. Die wollten eigentlich nicht so viel trinken, aber man weiß ja nie, ne? Der Abend gibt ja auch viel her. Ich glaube, das Wetter ist gar nicht so verkehrt in Hamburg. Ich glaube, du warst gar nicht draußen heute, Neo, oder? Ich hab gar keine Ahnung, was für ein Wetter ist. Kann die Welt untergehen. Ich sitze hier seit 10,5 Stunden, guck mir Warcraft an, da ist Wetter immer wechselhaft. Ja, ich auch. Ich gucke mir auch Warcraft an, aber auf eine andere Art und Weise, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, verdammt nochmal. Nicht laggend, ich weiß. Ja, und die ganze Zeit diese Zeppeline, die da rumfliegen und da kommen irgendwelche hässlichen Reiter raus. Egal, sorry, ich will gar nicht erst damit anfangen. Ja, aber ich kann es nicht verstehen und ja, ist auch nicht einfach, das zu casten wahrscheinlich. Ich meine, wie ist denn das eigentlich? War es langweilig? Wir hatten richtig Spaß. Also, ihr hattet Spaß? Ja, wir haben immer Spaß, wenn wir zusammen rumhängen. klar. Das ist immer gut. Findet ihr das spannend, wenn man die ganze Zeit irgendwie ist? Also, es ist schon geil, so? Ja, also ist natürlich die Frage, ob das spannender ist als ein Archmage, der zum 720. Mal in eine Orc-Base geht und auf die Burrows kloppt, ne? Muss jetzt ja nicht gleich persönlich werden, Leo, ne? Also nur weil ich das. War jetzt nur ein Beispiel, also was mir so spontan eingefallen ist. Also du meinst jetzt krasse Fights und Dodges und was auch immer, findest du jetzt nicht so geil, wie wenn irgendwelche Reiter in Massen irgendwelche Gebäude töten möchten. Ja, da hast du keine Meinung zu. Finde ich schon auch geil. Doch, ich habe da eine starke Meinung zu. Finde ich schon geil. Ja. Ich finde es aber auch richtig geil, wenn er so eine, also jetzt wieder mal so ein Beispiel, ne, ganz außer Luft gegriffen, vielleicht eine Shockwave Chain Lightning so 10 Worker killt. Das ist schon geil. Das musstest du jetzt auch wiederholen, ne? Also war ganz hypothetisch. Ich habe da jetzt dann kein direktes. Also wie ganz hypothetisch? Das ist beim ersten Map passiert, verdammt nochmal. Ach so. Hast du es gesehen? Ja. Das war grausam. Hast du mal alle meine Jungs sterben sehen? Die waren alle gut mit drauf, nur weil ich einen scheiß Priest da nicht hingeschickt habe, die alle angesoffen waren, alle denen schlecht ging und dann kommt da so ein Zeppelin reingeflogen mit einem scheiß Zepper noch hinterher, den ich sogar gekillt habe und dann hat er noch eine Heal-Scroll dabei und dann habe ich mein TP nicht auf dem richtigen Helden und dann läuft der Scheiß nicht. Weißt du, wie sich das anfühlt dann in dem Moment? Ja, blöd. Ja! So, das muss ich auch mal rauslassen. Gerne. Okay, aber ansonsten war es okay. Also morgen war toll. wieder. Ja, morgen. Leon, ich weiß gar nicht, was du hast. Wenn ich Human auf der Ladder spiele, dann passiert das immer. Ist gut, ja, alles gut. Also, ich dachte, das passiert mir nur, wenn ich Pala Rifle spiele, aber dass ich One-Base Ach so, spiele. ja. Dann, ja. Aber gut, ey. Ja, so ist es. Ja, was kostet die Welt, ne? Eben. Ja. Musst du noch was loswerden? Also, höchsten Respekt trotzdem, das meine ich ja nicht als hier ihm gegenüber, aber ich bin einfach, wie gesagt, das ist einfach meine Persönlichkeit. Vielen, vielen Dank, Leute, fürs Zuschauen und vielen, vielen Dank für den Support, dass ihr mich da unterstützt habt, auch in meinen schweren Zeiten, als ich 0-2 hinten lag. Ich habe auch nie aufgehört, an mich zu glauben. Ich weiß auch, dass ich das immer hinkriege. Ich muss es nur abrufen. Vielen Dank, dass ihr trotzdem dran geblieben seid und auch danke an euch dreien, dass ihr das so gecastet habt. Ich freue mich auf morgen und ich werde mir jetzt mal erstmal ein Bierchen gönnen. Sehr gut. Letzte Frage. Mach das. Morgen Hattrick? Ja, morgen gewinne ich. Also wenn er den gleichen Scheiß nochmal macht, dann geht's richtig Rasur. Alles klar. Dann alles klar. Morgen zum Friseur. Leon, mach's gut. Ja, morgen gibt's Rasur. Bis dann. Tschüssi. Ciao. Ciao. Morgen gibt's Rasur. Wenn das nicht eine Ansage ist, was soll ich sagen? Ja? Ja. Das lass mal so stehen. Ja, ich hab da nichts mehr großartig. Also was sollen wir da noch zu
Ansage auf jeden Fall. Jetzt natürlich die große Frage, was fängt Franzyzz mit der Zeit an? Kommt da nochmal ein Stilwechsel? Aber erstmal müssen wir aufs Bracket gucken, denn heute ist in den 5,5 Stunden einiges passiert. Wir hatten Franzyzz gegen Toxi. Das ging 3-1 für Franzyzz aus. Toxi auf jeden Fall noch mehr Möglichkeiten, hatte einen oder anderen Fehler drin, aber das kann er morgen auf jeden Fall nochmal ausbügeln und dann nochmal neu angreifen. Er hat Franzyzz schon mal geschlagen in der Rele. Vielleicht morgen nochmal. Teddster hatte gute Ansätze gegen Leon. Eine Map mit dem Pogi Tower Push gewonnen. Sich danach einfach weggekackt. Geniale Szenen spielten sich ab. Teddster, großes Entertainment. Leon da aber eventuell der bessere Spieler. Und dann natürlich das Best of 5 Reverse Sweep von Leon, der zum 3. Mal in Folge im Grand Final ist. Damit haben wir morgen den Opener. Toxi gegen Teddster fürs Winner Bracket Finale. Franzyzz ist im Winner Bracket Finale und Leon wartet im Grand Final. Jawohl. Ja, mit Werte morgen das Vergnügen. Du bist leider gebencht. Zu wenig Wortwitze haben die Leute gesagt. Das geht so nicht. Und auch zu gut aussehend. Ich habe gehört, manche Leute hatten dann Stress zu Hause, weil da so ein gut aussehender junger Typ im Fernsehen war auf einmal. Deswegen muss morgen Sparta ran. Ja, kann man schon mal mit einem Porno verwechseln. Das kann ich verstehen. Ja. Nein, Sparta wird dabei sein. Anxiety, es war wieder eine unfassbar großartige Zeit mit dir. Vielen, vielen herzlichen Dank. Wenn du noch was an die Zuschauer richten möchtest oder auch an irgendjemanden, dann gerne raus damit. Ja, ich danke jedem, der über meine schlechten Witze gelacht hat und Feedback im Twitch-Chat gegeben hat. Und ich hoffe, ihr werdet morgen genauso unterhalten und habt viel Sitzfleisch. Ja, Fischi, du bist morgen wieder mit dabei. Ich bin morgen wieder mit dabei. Freue mich schon auf das Best of 7 Grand Final. Das wird hervorragend. Und ja, wir erwarten uns morgen tolle Matches. Ich freue mich auf Toxi gegen Teddster. Da sind wir, denke ich, auch auf einem relativ ebenbürtigen Niveau auch unterwegs. Und ja, da natürlich das nächste Match gegen Toxi wird gut. Wir freuen uns drauf. Dicken Dank an die Leute von Being Esports, die sich über die Woche hingesetzt haben und diese Interviews gemacht haben. Wir sind morgen um 18 Uhr wieder am Start mit Fischi und mit Sparta. Ich bedanke mich bei euch. Ich mache jetzt noch das Raffle. Ihr könnt allerdings schon mal für euch dasselbe Bier aufmachen, was Leon macht. Denn unsere Freunde von Koala, die sind natürlich seit Anfang der Season mit dabei. Und wir haben es während des Broadcasts gesagt, es gibt ein Gewinnspiel zweimal. Einmal heute, einmal morgen. Wie viele Koalas habt ihr gezählt, liebe Freunde? Es gibt eine Zahl, die richtig ist. Ich hoffe, das funktioniert jetzt und ich habe das nicht. Scheiße! Ich bin Idiot! Ja, das ist jetzt natürlich doof gelaufen. Das habe ich einfach gespoilert. Ich dachte, da muss, also, okay, das habe ich falsch aufgesetzt. Dann machen wir das Ganze nochmal. Das mit dem Zählen hat nicht funktioniert. Stopp, zurück, Kommando zurück, das machen wir so nicht. Ich bin der schlechteste Giveaway-Veranstalter. Gut, dann lassen wir das mit dem Zählen noch mal kurz. Wir machen was anderes. Ich habe eine Idee. Ja? Ja, pass auf, ich schreibe dir jetzt mal was. Wir haben ja, das ist hervorragend. Warte mal, wie heißt er denn? Stopp. Fischer, es ist für uns alle die 6. Stunde. Ja. In der Schule hat man sich nach der 6. Stunde noch gefreut, dass man nach Hause gehen darf. Aha! Fischer, das ist super. Jetzt muss ich, wie mache ich denn das jetzt hier? Archive. Fischer, das machen wir morgen, weil ich gerade nicht weiß, wie ich das einstelle, dass die Antwort nicht direkt rausgehauen wird. Wir machen es ganz einfach. Ihr haut Koalas in den Chat. Können wir nicht einfach so, achso. Sonst hätte ich gesagt, wer es als erstes weiß. Oh, das ist gut. Das ist toll. Weil, dann musst du nämlich auch, wenn du es nicht weißt, musst du recherchieren
Und dann musst du nämlich auf die Seite gehen. Stark. Ne? Stark. Fischer, So. tolle Idee. Fischer, ich liebe dich Ja. für diese Idee. Also, unsere Gerne. Freunde von den Koalas, die haben Maskottchen. Und wir haben einiges über diese Maskottchen geredet während der Season. Wer hat uns zugehört, ist die große Frage. Ihr könnt gewinnen. Der am schnellsten ist, kriegt einen Jahresvorrat Koala-Kekse. Haut in die Tasten, Hände an die Keyboards. 2. und 3. Platz, Überraschungs-Care-Paket. Wie ist der Nachname von Koala Thorsten? Das ist die Frage. Jetzt ist die große Frage. Wer sagt zuerst? Chat ist heiß. Wer sagt, Ich wer darf sagt nicht, ne? zuerst? Du darfst Und wer hat leider eine nicht. Packung zur Hand? Ich würde auch, ich hätte auch schon fast Fake-Account und so. Oh, Smurf. wissen Sie es nicht? Twitch-Chat Smurf. Falsch. Da haben wir's! Shredder 619 ist der Jawohl. Sieger. So, und wer kopiert das jetzt am schnellsten, ist die Frage. Star-Lord und Rutger Barbarian. Das sind unsere 3 Sieger heute. Ein bisschen anders als erwartet. Ihr werdet benachrichtigt via Twitch-DMs. Das mit dem Zählen machen wir morgen. Also, Shredder 619 mit dem Jahresvorrat. Herzlichen Glückwunsch an euch, Leute. Und natürlich nochmal dicken Dank an die Koalas fürs Sponsoren dieser wundervollen Liga, für die Maps und so weiter. Jetzt ist hier aber Feierabend. Wir sind morgen wieder da. Um 13 Uhr mit den asiatischen Ligen. Da geht's auch hoch her. Und dann natürlich für das DACH INFERNO das Grand Final. Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Tschüss. Adieu.